Bim. 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 Manchmal kannst du mich auch nicht für voll nehmen, ne? Manchmal? Manchmal kann man dich nicht für voll nehmen. Was? Ey, ich bin super vernünftig und so. Ja, dieses Gekratze hier in dem Lied nervt ein bisschen, ne? Machen wir weg. Besser. One more thing. Ich habe hier auch one more thing. Passt mal auf, ich habe heute eins mehr mit als sonst. Guck mal da. Da ist er. Tobi. Hallo, da bin ich. Einfach dabei. Jetzt einfach wieder da. Ich bin noch nicht durchgekommen durch die 9 Stunden. Also es waren ja auch nicht ganz 9 Stunden, aber wir können ja gleich mal anfangen mit einem Recap und dann schauen wir mal. Ich muss mir sowieso mal überlegen, wie ich alles einsortiere hier, weil ich brauche irgendwo das Discord. Und ich brauche irgendwo aber auch, weil ich gucke auch dann den richtigen Stream, ne? Ja. Sonst sehe ich ja nur das, was du schon gesehen hast und reagiere viel zu spät darauf. Ja. Und dann mache ich mir das nämlich in der Mitte hier mal auf. Wenn die cool wären, könnten sie das auf YouTube aufmachen und wir könnten Watch Together da auch anmachen. Geht nämlich auch Livestreams, aber so cool sind die leider nicht. Leider nicht. Sind leider nicht so cool wie ich, dass sie auf YouTube und auf Twitch live sind. Nämlich. Ich muss warten, bis sie live gehen, ansonsten. Okay, aber ich habe den mittleren Bildschirm jetzt frei. Okay. Cool. Geil. Hi. Hallo. Hi. Wollen wir kurz mit dem Recap starten? Oder willst du noch vorher was sagen an alle oder so? Ich meine, es sind jetzt noch nicht so viele. Gar keinen Bock. Also ich kann erst mal sagen, ich meine, Basti hat es ja gestern schon oft genug im lustigen Sinne gesagt, ich war gestern tatsächlich auf einer Hochzeit. Ich hatte meine Earbuds dabei, das heißt, ich habe mich ab und zu mal in die Ecke gesetzt und habe tatsächlich einfach mit einem Knopf im Ohr gehört, was so abgeht. Das heißt aber auch, manchmal habe ich das Handy umgedreht gelassen, also das heißt, ich habe nichts gesehen, ich habe nur Basti reden hören. Vor allem war das hauptsächlich während diesem, ich nenne ihn einfach mal den Spline-Trailer, weil Chris hinterher gesagt hat, das ist wahrscheinlich der Rekord für den längsten Spline. Das war ja diese Kamerafahrt entlang halt diesem einen Pfad geskriptet im Prinzip. Und also das habe ich so ein bisschen mitbekommen, aber sowas zum Beispiel wie die, wo sie am Anfang über Microtech geflogen sind mit den Flüssen, da habe ich nur das Plätschern vom Fluss gehört. Und ich habe vor allem auf dem Handy nie diese ganz kleine Schrift lesen können, leider. Das ging irgendwie, also ich habe das Handy nicht so vor mir gehabt, weil das war ein bisschen frech auf der Hochzeit, sondern ich habe es irgendwo stehen gehabt. Wenn ich geguckt habe, dann war das versteckelt. Jedenfalls. Hi Keule. Hi Keule. Jedenfalls waren die wichtigsten Sachen, habe ich, glaube ich, am Rande mitbekommen. Was denn? Was denn? Ja, ich habe mir aufgeschrieben. Also erstmal insgesamt finde ich, war es extrem beeindruckend gemacht. Wie du selber auch schon gesagt hast, wenn man so Shots für Machinimas oder Cinematics hätte, wäre abgefahren. Es sind halt natürlich, das ist eine absolut freie Kamera, die entlang von einem Spline läuft. Das funktioniert so noch nicht. Also du bräuchtest ein sehr schnelles und sehr wendiges Schiff, dann könntest du es etwa hinkriegen, aber wahrscheinlich hast du selbst dann das Problem, dass du dich manchmal ein bisschen versteuerst und dann verruckelt hast oder so. Das waren wirklich coole Kameraeinstellungen, die hatten. Ich kenn's ja aus der Unreal Engine. Da gibt's ja auch Kamerafahrten, kannst du ja machen und das werden die in ihrer Engine einfach auch drin haben. Genau. Ja, wie gesagt, das ist ein Spline, man nennt es ein Spline, also ein Pfad in 3D sozusagen und dann sagt man, da fährt die Kamera lang und da guckt sie hin. Genau, das können die halt in ihrer Engine machen. Ich habe halt ihre Programme nicht, ich weiß gar nicht warum. Ja, das bräuchte es auch so ein Dev-Tool. Ich frage einfach mal nach demnächst. Genau, das Physicalized Frozen Ocean habe ich jetzt, als ich jetzt nochmal durchgeguckt habe, gesehen. Ist halt, ich glaube, weiß nicht, ob das ein Scherz war, weil... Herzlichen Dank, Keule, für 12 Monate, Dankeschön. Das heißt, es ist halt einfach eine harte Oberfläche. Also ich meine, aber egal.
eine Sache ist mir aufgefallen, das habe ich jetzt noch gar nicht aufgeschrieben, aber einmal, als sie durch die Höhle geflogen sind bei Microtech, hast du gesagt, geiler Schnitt. Das ist wichtig nochmal zu sagen, da war kein Schnitt drin. Das war eine kontinuierliche Fahrt. Ich weiß, was du meinst. Du meintest, das ist eine coole Einstellung, dass sie sozusagen auf der einen Seite durch die Höhle rein, auf der anderen Seite durch die Höhle raus. Aber es gibt keine 2 Ausgänge bei Höhlen, deswegen. Genau, das gibt es nämlich eigentlich nicht. Das heißt, das haben sie irgendwie so modelliert. Oder bisher gibt es das noch nicht. Das kann ja auch sein. Wichtig war da vor allem, dass Chris gesagt hat, dass es, weil du am Anfang gedacht hast, also am Anfang hast du immer gesagt, dass das was in-game ist. Später hast du ja gemerkt, auch selbst, dass das nicht alles in-game sein kann. Was er nämlich wörtlich gesagt hat, ist wichtig zu verstehen, dass Chris in seinem Kopf woanders hängt als die zuschauen. Er hat gesagt, dass es ist jetzt möglich in Star Citizen mit unserer Technologie. Das ist wichtig zu sagen, weil Star Citizen für ihn ist das ganze Projekt, also für ihn sind das auch die Dev-Builds. Das heißt, das, was sie da haben, konnten sie natürlich schon machen. Das war möglich, weil du hast es ja gesehen. Aber das heißt nicht, dass es live ist. Das ist einfach nicht das Gleiche. Ne? Weil das war im Prinzip die geskriptete Tech-Demo. Das ist nicht das Gleiche wie das, was im Release ist. Aber vieles davon war ja schon. Also, also gerade die Wolkensachen oder sowas. Die ersten Wolkensachen. Dieses, was sie später gezeigt haben, nicht. Das, was jetzt kommt mit 22. Mabu, ganz kurz. Physicalized Frozen Oceans, die sind physikalisiert. Das ist gefrorenes Wasser. Also das ist nicht einfach eine Textur, die drüber gelegt ist. Das ist eine gefrorene Schicht, die da tatsächlich drauf ist. Ich glaube, was der Mabu meint, ist... wenn es da warm wird, ist das wieder Wasser. Ja gut, das kann sein. Das kann tatsächlich sein, dass es temperaturabhängiges, gefrorenes Wasser ist. Es ist halt in dem Kontext, also wenn sie daran jetzt das verändern würden von bisher, es ist eine Hard Surface, was du in einem Videospiel halt oft hast, einfach eine klassische Fläche. Genau. Wenn sie das jetzt ändern würden von da in einen physikalisierten Ocean, der schmelzen kann, würde sich nichts verändern für uns, weil es immer noch genau das gleiche wäre. Es ist immer noch eine Hard Surface, aber natürlich wäre das stimmt, wenn sich was verändert, dann wäre es dynamisch. Nach dem, was ich gestern gesehen habe, dass die auch Sachen kaputt schießen können und so, gehe ich davon aus, dass wenn, keine Ahnung, 600 Miner zufälligerweise gerade auf Microtech rumeiern und alle ihre Laser gleichzeitig anhaben, dass es da auf einmal wärmer wird und die sehen, also ich schließe nichts mehr aus. Nichts mehr. Ja. Für den Trailer dann nur noch, weil du gesagt hast, also du hast ja super gut reagiert darauf, die Sachen, die man gesehen hat, und dann kam hinterher dieses müde Klatschen aus dem Publikum. Da darfst du nur nicht vergessen, während die das Video zeigen, streamen die natürlich nur Audio vom Video. Die streamen nicht das Hallenaudio. Die werden bestimmt in der Halle genauso wow und Beifall und gejubelt haben, sodass du die Musik nicht mehr hören konntest. Nee, aber danach das haben die alles schon abgehandelt. Hatten sie herausgefilmt. Und da haben sie auch nur so. Ja, aber das Ende war ja auch nicht mehr so viel dann. Das Ende war ja dann einfach nur noch mal diese Schrift und dann Star Engine. Das heißt, bis dahin werden die meisten schon fertig gewesen sein. Die ganzen Trottel, die da sitzen und 10.000 Euro für ihre Schiffe ausgegeben haben geklatscht, als die fucking Piloten gelandet sind. Also, sorry. Ich schätze, die Leute, die da waren, schätze ich so ein, das sind so Leute, die klatschen, wenn der Pilot landet oder wenn ein Film irgendwo zu Ende ist. Achso, meinst du das beim Flugzeug, ja? Weiß ich nicht. Also, wie gesagt, das Blöde ist, wir haben halt war nix. Wir haben das Hallenaudio halt nicht gehört. Ja, aber das Hallenaudio hatten wir ja dann bei den Schiffen später und da sind sie ja völlig ausgerastet. Also. Ja, genau. Aber wahrscheinlich sind sie genauso ausgerastet während dem Trailer, nur da haben wir es nicht gehört. Das ist alles, was ich sage. Nee, da war definitiv keine Hallenaudio. Also wir konnten es nicht mitkriegen. Wenn sie nicht ausgerastet sind, wir haben keinen Beweis. Ich glaube nicht. Kommen wir zu den neuen Wolken. Die sind ja danach ins Detail gegangen. Da bin ich jetzt gerade noch dran gewesen. Also insgesamt, ich bin schon weiter als die Wolken. Aber einmal super geil, dass die mit 3.22 schon kommen. Wann auch immer 3.22 kommt, wahrscheinlich Ende des Jahres. Aber das ist schon mal geil, weil das passt zu meinem neuen PC, den ich mir bald zusammenbauen werde. Und dann, den er schon seit 2 Wochen hat und immer noch nicht zusammengebaut hat? Nee, der steht irgendwo beim Jonas. Ich war in Stuttgart, ich konnte nicht abholen. Deswegen ist Nein. War die ganze Zeit da, war nie zu Hause. Genau, dann die Feuersimulation, so ähnliche Sachen hatten wir schon mal gesehen, aber das Coole jetzt war vor allem, dass wir natürlich Gameplay dazu gesehen haben. Also gesehen haben, der nimmt den Feuerlöscher, der löscht und er löscht vor allem richtig, also zuerst auf die Quelle unten, weil von unten nach oben das Feuer brennt, bringt nichts, wenn du oben, das ist wie putzen, machst du auf und oben nach unten, nur da halt umgekehrt beim Feuer. Das war geil, aber wie gesagt, fand ich jetzt, also selbst diese Voxel-Tech haben sie vorher schon mal gezeigt. Das war ein bisschen ein Rehash, aber ich finde es trotzdem geil, dass sie, wie gesagt, voll ins Detail gegangen sind und das gezeigt haben und oft genug gezeigt haben, auch mit dem Rauch. Das hatten sie so noch nicht gezeigt vorher. Sie haben gesagt, wir wollen eine dynamische Rauchentwicklung machen, aber was du in der
Simulationsdemo gesehen hast, in diesem Debug-Mode, wo die einzelnen Voxel größer wurden, wenn ein Feuer da ausgebrochen ist, hast du gesehen, dass an der Decke wird es immer heiß und das heißt, das Feuer kam, aber dann ist es sofort wieder ausgegangen, weil der Rauch das natürlich erstickt hat, weil da ist dann kein Sauerstoff mehr für das Feuer. Also diese Interaktion finde ich richtig cool auch. Genau, dann die Wasserdeck, das war eigentlich das, was mich auch tatsächlich in dem Spline-Trailer selbst am meisten umgehauen hat, als die Gladius über den See gefärcht ist. Am Anfang, das in der Pfütze, habe ich gar nicht gesehen auf meinem Handy. Da hast du nur gesagt, oh geil, wie das Wasser aussieht. Und ich dachte, ich hatte auch nicht gelesen, dass da unten stand Water on Decals, also dass die Pfützen da sind. Halt, ich weiß nicht, ob du es danach jetzt gesehen hattest, aber ich fand das so faszinierend, dass sie startet und in dem Moment, wo die Triebwerke angegangen sind, war so eine Welle, die quasi von der Mitte von dem Tümpel im Kreis nach außen gegangen ist. Ja, genau, einmal so, das habe ich jetzt gesehen und dann auch noch die Vibration danach, weil ihr dann ständig die Pflaster im Prinzip nach unten pusten. Ja. Dann wackelt das halt richtig und die Wellen interagieren miteinander, das ist super krass. Also einmal die Tech an sich, wie es aussieht, aber auch die Physik. Und dann kam jetzt in dem Fall, wo sie die Wassertech ja auch nochmal im Detail gezeigt haben, was mich echt geflasht hat, war die Refraction und Reflection Sachen. Also das heißt, dass du den Eisberg unter Wasser siehst, wirklich wie es aussehen würde, wenn er unter Wasser wäre, nämlich dass das Licht ein bisschen gebrochen ist, er sieht kleiner aus und als er wirklich ist, weil das Licht halt anders gebrochen wird aber auch die Reflection, das auf dem Wasser ist. Reflection selbst finde ich nicht so beeindruckend. Die Refraction finde ich richtig geil, dass sie das hinkriegen. Also, dass sie das physikalisch korrekt auch wieder machen. Das muss man immer sagen. Es ist nicht einfach nur, dass es fancy Effekte sind. Wie sie selber auch bei den Cloud Rays später sagen. Das ist kein Post-Effekt. Das ist physikalisch korrekt im Spiel. Das ist jedes Mal so, dass du dir denkst, warum? Es gibt so viele, also ich meine, natürlich weiß ich warum, weil die, wie du schon oft gesagt hast, verrückt sind und das gerne so haben wollen, dass es auch passt. Aber es gibt so viele Sachen, die das einem abnehmen können. Hi, Dagobert. Und dann, genau, da fand ich es vor allem auch geil bei den Wassersachen. Da hatten wir jetzt die letzten 2 Monthly Reports schon Infos zu, wo sie jedes Mal darüber geredet haben. Auch zum Beispiel über das mit dem, wie sie das machen mit dem Berechnen, wenn du nicht hinguckst, ne? Wenn du nicht hinguckst, dass das Wasser sich trotzdem physikalisch korrekt verhält, aber halt nicht so komplex, dass es alles dargestellt werden muss und so. Das stand schon in dem Report und ich dachte, okay, gut, das ist irgendwie okay. Aber jetzt, wenn man es sieht, ist es halt nochmal viel geiler. Das hat jetzt wirklich geholfen, das zu erklären. Ja. Ich fände es cool, wenn sie wirklich zu jedem einzelnen Punkt in den Monthly Reports so kleine GIFs oder so hätten. Das wäre das Beste. Aber natürlich geht das auch nicht mit allen Sachen, weil, wie gesagt, Sachen im Backend laufen. Wie viel Report willst du denn? Also ja, nee, vor allem hast du dann so viel. Man muss bei dem Wasser, finde ich halt, muss man nochmal dazu sagen, dieser Form, der sich halt auch entwickelt. Wenn so eine Welle gegen eine andere Welle kommt, dann ist da viel mehr als, also es ist wirklich, die Immersion ist da 1000% gegeben. Ich habe es gestern schon gesagt, ich finde, wir haben Sea of Thieves und ich habe Sea of Thieves lange gespielt und ich habe immer gesagt, Sea of Thieves, das Wasser ist so unendlich gut. Es ist eine andere Grafik, es ist ein anderer Grafikstil, ne? Aber Sea of Thieves ist ein Spiel, was auf Wasser spielt. Star Citizen ist ein Spiel, was mal so ein bisschen Wasser jetzt noch nebenbei hat und das sieht mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser aus. Vor allem die Physik dahinter ist nochmal besser. Das ist absolut krank. Ja, und selbst, dass wir an sowas denken, wie halt, dass der Schaum auf der Welle ist, aber auch unter Wasser verwirbelt wird und sowas. Ja. Also absoluter Wahnsinn. Dann war das nächste, waren die Scopes. Das war recht kurz, aber fand ich auch wieder so typisch, weil das das ist so typisch CIG-Ding. Das ist sowas, was bei denen mal eben mit eingebaut wird, aber das ist was, wo normalerweise so eine FPS-Simulation oder sowas, da wäre dieser Umfang an Features, das wäre... 40 Monate, Dankeschön. Oh, yes. Dankeschön. In so einem Spiel wie Arma oder sowas, da wäre das das Highlight. Ne? Also so wie, keine Ahnung, das zerstörbare Terrain bei den Red Faction Spielen oder so. Das ist halt sowas, das ist das Ding, was dieses Spiel macht. So, ne? Arma macht das jetzt mit dass die Scopes physikalisch korrekt sind und die so, ja, übrigens, das haben wir auch eingebaut, weil das sah sonst doof aus. Ja. Und selbst, wir haben es mit einem Holo-View, ist es anders als mit einem richtigen, ist es anders als mit einem elektrischen Display-Scope, das außerdem auch noch von EMPs gestört wird. Da haben wir auch direkt dran gedacht, weil es könnte sein, dass der MP näher los ist, dann wird halt deine Sicht verzerrt. Wo ich dachte, ja, okay, gut. Ja. Das ist so eine Kleinigkeit für Star Citizen, aber das wäre der absolute Impact in sowas wie Arma. Also wirklich, es ist halt genauso, wie du sagst. Für die ist das wieder nur eine Kleinigkeit und für uns alle ist das eigentlich nur wieder eine Kleinigkeit, aber wenn man das mal runterbricht auf andere Games, das ist einfach nur krank. Das ist nur krank. Genau. Also es ist halt vor allem, also wie gesagt, da merkt man manchmal gleichzeitig, vielleicht ist es ein bisschen viel Zeit rein investiert, wenn man schnell zu einem Ergebnis kommen möchte, ja.
aber dass sie das Herzblut da reinstecken überhaupt, merkt auch, wie viel ihnen daran liegt, dass es hinterher gut wird. Ja, So. man muss halt aber auch dazu sagen, sie wissen halt, dass sie nicht schnell fertig werden müssen. Die Leute, die das Ding wirklich verfolgen und die wirklich sagen, ey, ne, ich mag das Spiel, ich finde es so, wie es jetzt ist, gut und ich spiele jetzt schon immer mal, ich gucke halt mit jedem Patch mal rein oder. Die Leute, die das machen, denen ist es scheißegal, ob das heute fertig ist oder in 3 Jahren fertig ist. Die Leute, die einfach nur die ganze Zeit diese Nörgelbeiträge von irgendwelchen komischen, dubiosen Vlog-Seiten oder sowas lesen, die denken natürlich so, oh, ist ja immer noch nicht fertig, jetzt haben sie das gemacht, warum machen sie denn sowas? Aber die haben auch nichts in dem Spiel zu tun, mit dem Spiel zu tun tatsächlich. Ja, genau, die wollen nur meckern. Das ist einfach nur. Dann kamen ein paar von den Grafikentwicklungssachen, nämlich das HDR, also High Dynamic Range und Temporal Upscaling. Ich finde gut, dass sie Temporal Upscaling auch schon behandeln. Da haben sie vorher noch nicht drüber gesprochen, aber haben es jetzt halt einfach gemacht. Ist ja auch wieder so typisch, dass es halt gesagt wurde, wahrscheinlich, das sollen wir auf der CitizenCon vorstellen, dann machen wir jetzt halt keinen, weil das wäre eigentlich ein gutes Thema auch für Inside Star Citizen gewesen, weil das was ist, was sich halt am Puls der Zeit hält, dass sie da dran denken. Es ist geil, aber kennen wir aus anderen Spielen, aber warum ich es wichtig finde, ist halt, das hast du auch, glaube ich, im Stream einmal gesagt, als auch bei den Wassereffekten hast du es gesagt, von wegen Cyberpunk. Es ist halt wichtig, dass sie solche Sachen einbauen, um halt zeitgemäß zu bleiben, weil eben irgendwann das ansonsten passieren wird, dass es wirklich stimmt, dass sie von der Technologie überholt werden und dann halt ein alt aussehendes Spiel rausbringen. Aber das merkst du ja schon, die sitzen schon dran und wollen das so modern halten wie möglich. Und haben sogar 3 verschiedene Typen von Temporal Upscaling für Nvidia, für AMD und ein eigenes einfach. Ja, weil halt. So, weil du eine Intel-Grafikkarte jetzt doch hast. Keine Ahnung. So, ja. Ne, da ist wirklich der Vorteil, also der absolut große Vorteil, dass sie halt Herr über alles sind, dass es ihre eigene Engine ist bis zum Kleinsten, dass sie nicht eine auf Unreal Engine aufbauende irgendwas haben oder eine auf Red Engine aufbauende, sondern, weil da kannst du halt in so Kleinigkeiten nicht mehr eingreifen. Da musst du sagen, okay, das ist der Renderer, den muss ich verwenden, der kann halt nur Nvidia und AMD. Die können das halt einfach da reinmachen, noch was reinbauen. Dann kam die Future of Planets Tech. Da hattest du zwischendurch auch ein bisschen mehr geredet, deswegen habe ich dann mir noch was. Du hast Maelstrom vergessen. Das kam da noch nicht. Maelstrom ist direkt im ersten Ding gewesen. Das kam direkt nach dem Wasser. Ja. Über dem Wasserflug kam das eigentlich. Das war in dem Trailer, hast du es schon gesehen, aber ich habe noch nicht den Detailbericht dazu, der kam später. Ach so, ich dachte, du gehst nur durch den Trailer. Nee, das ist alles, das sind schon die Panels danach gewesen. Den ganzen Tag gewesen, heute damit verbracht hast, nur alles auszuwerten. Okay. Guck, nee, das sind schon die Panels, die danach kamen. Ich lehne mich zurück, mach du einfach. Detail ich liege jetzt hier ein bisschen. Ich habe gestern genug geredet. Gut. Also bei der Future of Planet Tech, da haben sie nur drüber geredet, dass einmal das sogenannte Virtual Terrain Texturing noch eingeführt wird, was eben Pop-In reduzieren soll, dass du halt schon, dass die Texturen des Terrains auf Entfernung gut angepasst werden, und dazu gehört aber auch halt sowas wie Tessellation, also dass du halt nicht sowas hast wie dass die Fläche auf große Entfernung glatt aussieht und dann auf einmal macht zum Pop und dann ist das doch ein Hügel, weil er dann erst die Tessellation-Textur reingeladen hat. Das finde ich wichtig, weil Ganz kurz die Frage von Mabu. Mabu, die Cry-Engine ist komplett abgestoßen. Die haben absolut nichts mehr mit der Cry-Engine zu tun, weil die auf Todes- und Gott weiß was verklagt haben. Deswegen sind sie davon komplett weg und haben eine eigene angefangen. Sie wollten Lumberyard, wollten sie mal nehmen, haben sie drüber nachgedacht und haben dann aber gesagt, nee, wir bauen was Eigenes. Das ist schon, ist ein bisschen noch drin, aber es ist nicht mehr erkennbar. Es war so, dass sie ursprünglich angefangen haben in CryEngine, weil es da noch ein neues Freelancer werden sollte. Für Singleplayer war das gut, haben sie gesagt, gut, haben wir eine Engine, müssen wir nichts bauen. Dann haben sie aber gemerkt, okay, für MMO geht das nicht, weil damit skaliert die CryEngine gar nicht. Das hat nicht funktioniert. Dann haben sie aber gemerkt, dass Amazon hatte die CryEngine gekauft und auf eine AWS, also diese Amazon-Server-Struktur umgebaut, dass es mit Multiplayer funktioniert. So funktioniert zum Beispiel auch New World. Das ist ein Lumberyard-Engine-Spiel, also CryEngine mit Multiplayer oder Massive Multiplayer sogar. Allerdings haben sie dann Lumberyard so weit modifiziert, dass sie mittlerweile so viel oben drauf gebaut haben, dass zwar noch diese die kommunizieren untereinander, die Server, und können diese ganzen Sachen transferieren, aber selbst da sind sie ja schon dran. Also die brauchen irgendwann wirklich nur noch von Amazon gib mir die Server, damit ich da meine Daten drauf spielen kann. Alles andere brauche ich nicht von euch. Also sie haben es wirklich extrem krass modifiziert. Es ist nicht mehr Lumberyard. Kann man definitiv so sagen. Das ist noch unten drin, weil es lizenziert ist als Lumberyard, weil sie die Amazon-Server im Hintergrund brauchen. Aber die benutzen nichts mehr aus der Lumberyard Library im Prinzip. Das ist komplett selber gebaut alles. Genau, das ist jetzt die dritte eigengebaute
Engine. Die hieß vorher noch nicht, ich glaube, Star Engine habe ich jetzt in diesem Trailer zum ersten Mal gesehen. Aber es ist, wie soll ich sagen, es ist halt es ist die 2 Plus, so kann man es sagen. Es ist die zweite Engine plus alles andere, was ist das meiste. Genau. Ja, genau, das war das. Dann, ich finde halt, das ist deshalb wichtig, vor allem, dass das Pop-In reduziert wird, damit Sachen halt auch nicht nur aus der Nähe schön aussehen. Und vor allem kommt dann noch erhöhte Draw-Distance dazu, haben sie gesagt. Also du kannst weiter gucken. Wenn du beides miteinander kombinierst, hast du einfach eine super Grundlage für eine bessere Immersion, weil du halt wirklich nicht durch diese videospieltypischen Nebel in der Entfernung daran erinnert wirst, dass du ja gerade in einem Videospiel bist, sondern wenn du halt einfach so weit gucken kannst, wie das menschliche Auge in echt gucken könnte, wenn da kein Nebel in der Nähe ist, künstlicher Nebel in der Nähe ist, so sollte man sagen, dann bringt das schon einiges für die Immersion auch. Dann war der Teil, da warst du kurz ab, ich weiß nicht mehr genau, du hast mit Kommentaren, also mit Zuschauern geredet kurz. Das war diese wo die Procedural Generation der Planeten nochmal überarbeiten wollen. Da hast du auch am Schluss noch was zu gesagt, dass das dann wirklich gut aussieht. Aber das Krasse ist ja, dass ihnen die aktuelle Generierung von Planeten zu unrealistisch ist. Das haben sie im Prinzip so gesagt. Sie haben gesagt, dass, so wie du es im Moment hast, ist es ja ein Asset View sozusagen, also du hast eine Library von Sachen und die werden generiert und sie versuchen es auch schon zu verstecken, dass du nicht siehst, dass da sich Sachen manchmal wiederholen. Ja, also sie versuchen diese Kachelungen und sowas so aufzuteilen, dass es nicht auffällt. Aber sie wissen ja sozusagen, dass die Kachelung noch da ist und das finden sie doof. Also es ist nicht mal so, dass sie sagen, das ist was, wo Leute sich dran stören würden, weil das haben sie eigentlich behoben, indem sie es versteckt haben. Sie haben gesagt, wir stören uns selber dran. Wir wollen gerne, dass das Klima, die Geologie, die Erosion und menschliche Einflüsse korrekt simuliert werden bei der Erstellung von einem Planeten. Und das ist halt so das, wo ich gedacht habe, das geht schon wieder los. Weil halt gleichzeitig auch die Generierung eben leichter und schneller werden soll. Das war was, wo du was zu gesagt hast und gesagt hast, das höre ich gerne, dass sie das schneller machen wollen, weil sie brauchen natürlich auch mehr Planeten, ist ja auch richtig. Aber sie wollen es halt gleichzeitig einzigartig machen und leichter und schneller. Das war super abgefahren gut, fand ich. Und dass sie halt dann, und das ist auch eine wichtige Sache generell für die Engine und für die ganze Entwicklung, auch da zurückgreifen wollen halt auf Neural Networks, die sie trainieren mit Echtweltdaten vom Mond, vom Mars, von der Erde selbst und dann sagen können, okay, ich gebe dir nur so eine grobe Generierung, wir wollen ungefähr, dass der Planet so und so weit von der Sonne weg ist und er hat die und die Rotation und das sind die Klimazonen. Und dann erstellt ein Algorithmus so eine Random Map sozusagen und wie Kontinente aussehen könnten oder sowas in so einer Konfiguration und dann jagen sie das nochmal durch diese Neural Network Sachen und sagen dann, ja, wenn das die Grundlage ist, dann würden die Flüsse so und so laufen und da würden hier Berge entstehen und da Wüsten entstehen. Also das finde ich ziemlich cool, dass sie auch sich da reinknien in diese Neural Network Tech, weil die ihnen halt einfach helfen wird, extrem viel abzunehmen. Das kennen wir auch schon von Text jetzt mit ChatGPT oder sowas, wenn du halt schnell was erstellen willst, gibst du da einen Prompt ein, das macht er. Im Prinzip ist es sowas ähnliches wie die da machen, nur eben mit Terrain, speziell trainiert auf Terrain. Genau, dann kam Vulkan, Raytracing und Global Illumination. Sieht einfach stark aus, alles was ich da gesehen habe, so und dachte zum Teil auch schon, dass die das sowieso machen. Also ich dachte, es wäre Global Illumination schon drin. Zumindest gab es was, aber vielleicht ist es auch wieder sowas wie Atmospheric Lighting oder sowas. Das ist was anderes als Global Illumination kann sein, da bin ich nicht so drin. Da fand ich so cool, da so gesagt, ja, das haben sie sich von der Unreal Engine abgeguckt. Richtig, weil die es vorher gemacht haben, aber nicht ganz richtig, weil die Unreal Engine hat sich es auch nur von der echten Welt abgeguckt. Also im Prinzip machen sie das auch. Es ist halt einfach, wie Licht funktioniert physikalisch. Ne? Das heißt, das simulieren sie halt mit Farben und mit den ganzen, halt wie Licht zurückgeworfen wird von verschiedenen Oberflächen und sowas, funktioniert ja in der echten Welt auch so. Das heißt, Unreal Engine guckt sich das von der echten Welt ab, sie gucken es auch von der echten Welt ab, aber beide gucken es sich gleich ab. Genau, dann war noch Cloth. Die Cloth-Simulationen sind unglaublich crazy, finde ich, wie das aussah. Also selbst mit dem ich renne jetzt, glaube ich, gerne mit dem Hemdchen rum, das ich kriege, wenn ich aus dem Krankenhaus aufwache, einfach nur, weil das Cloth-Physics hat. Und ich finde halt geil wieder, dass das so ein typisches Beispiel halt für was wir gerade eben auch schon gesagt hatten, für die ganzen Hater ist, weil die haben sich ja monatelang drüber aufgeregt, dass es in irgendeinem Star Citizen Monthly Report war halt eine Zeile, dass sie die Bedsheet Physics überarbeitet haben.
wo du aber merkst, das war halt das Testbed dafür, für die Cloth Physics. Ja, da geht es nur darum, dass die Cloth richtig funktioniert. Es geht nicht darum, dass es ihnen super wichtig ist, dass das Bett von irgendeinem NPC gut aussieht, sondern dass es halt ein holistischer Ansatz ist, wo sie sagen, wir wollen einfach, dass aller Stoff, der überhaupt irgendwo vorkommt, gut aussieht. Das heißt, selbst sowas muss gut aussehen. Wir können da nicht einfach nur eine Textur so machen und dann die Textur flippen, wenn er aufgestanden ist oder so, sondern das soll dann bitte auch mit der Cloth Physics funktionieren, weil die haben wir ja dafür gemacht. Schlüpfer weglassen wäre keine so gute Idee, glaube ich. Dann wird das Spiel ab 18. Dann, ich glaube, es ist im Moment ab 16. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon geratet ist, weil es noch nicht draußen ist offiziell. Ich würde generell sagen, das wäre gar keine gute Idee, weil wenn ich mir Cone X als RP-Server und sowas angucke, sollte man sowas ganz dringend unterlassen. Das außerdem. So, und dann war ich allerdings schon fertig mit Starcloth. War das letzte, was ich mir noch in 1,5-facher Geschwindigkeit reinziehen konnte. Also bis dahin bin ich gekommen. Das ist jetzt circa 3 Stunden in den Stream rein. Tapered Capsule. Ja, da reden sie, glaube ich, darüber, wie die Form vom Skelett oder von der Physik unter dem Stoff ist. Jetzt, ja, ich kann jetzt auch nicht mehr so gut scrollen. Jetzt musst du mich aufklären, was danach noch kam. Weil das war auch die Phase, ungefähr beim Feuer bin ich erstmal ausgestiegen für eine Weile, weil da waren Reden und die Eltern von der Braut haben irgendwas erzählt und so. Deswegen war ich da nicht parat. Danach kamen Haare, glaube ich. Ja, genau. Danach haben sie nochmal bei den Haaren einfach die Entwicklung gezeigt. Da habe ich auch wieder gesagt, das haben sie von MetaHuman, von Unreal, weil da kannst du auch jede einzelne Haarsträhne ansteuern. Das haben sie quasi auch übernommen. Und weil du es eben gesagt hast, von wegen, die haben abgeguckt, aber sie haben ja, ich finde Abgucken nicht schlimm. Also ich finde es gut, weil so können Entwickler Dinge machen, wo sie vielleicht vorher nicht drüber nachgedacht haben. Deswegen, ich finde es gut, dass Unreal so weit vorne ist bei vielen, vielen, vielen Sachen und andere Entwicklerstudios da einfach hingucken können, weil so werden alle Spiele besser. Es ist völlig egal. Also es werden auch ganz viele Leute, werden jetzt gerade Server-Meshing oder die ganzen Sachen werden gerade wahrscheinlich versucht und viele Entwicklerstudios haben wahrscheinlich jetzt so eine kleine Zweigstelle, die haben gesehen, guck mal, was Star Citizen macht, versucht das auch mal hinzukriegen, damit wir denen ihren Quatsch nicht kaufen müssen, sondern was Eigenes anfertigen. Da wird es ewig viele Leute geben, die sich das jetzt abgeguckt haben von Star Citizen und das nachmachen wollen. Das ist gut. Das hilft ja der gesamten Industrie. Was ich nur meinte, war, dass ja, klar, haben sie es von der Realität. Nee, natürlich haben sie es nicht erfunden. Aber, aber sie haben es als erstes eingebaut. Unreal hat es als erstes eingebaut und hat es als erstes so gebaut, dass es realistisch ohne Ende wird. Also, dass Lichteinfall genau realistisch halt dargestellt wird. Und das ist das, was ich damit einfach nur meinte. Und das hat CIG halt jetzt nicht nach 22, 24 Jahren, ich weiß nicht, Unreal Engine gibt es seit 96, glaube ich. Keine Ahnung, seit 30 Jahren, die haben das versucht und 30 Jahre nicht so richtig hingekriegt und CIG kommt halt einfach und hat 2 Jahre wahrscheinlich daran rumgetüftelt und jetzt ist es fertig. Also deswegen sage ich immer wieder, die einzelnen Entwickler, die es CIG hat, sind wahrscheinlich die besten, die es auf dem Markt gibt. Die haben die Besten der Besten der Besten der Besten für alles. Die müssen halt wirklich nur dieses ineinander Verschachtelte, das müssen sie schaffen. Dass jedes Team mit dem anderen zusammenarbeiten kann und dann ist das Projekt unaufhaltsam. Also, genau, also das war auch das, was er am Anfang also nicht er, ich glaube, das war der Chef des Graphics-Teams, der da am Anfang war. Der Benoit oder wie der heißt. Der Benoit ist das, genau. Der hat das ja auch nochmal gesagt, dass er halt, so wie er das sieht, und das ist halt auch jemand, der aus der Industrie kommt und der schon lange da drin gearbeitet hat, dass er halt sagt, dass da die Besten der Besten sitzen, kann man ihm dann auch einigermaßen glauben. Das würde natürlich jeder sagen. Ja, das sagt jeder über sein eigenes Studio, aber da stimmt's halt. Ja, in dem Fall die haben halt wie heißt es so schön? Ich glaube nicht, dass EA sagt, die haben die Besten der Besten, da bin ich ehrlich. Die haben die Kassenbons dafür. Ja, da steht's drauf. Ja, genau, danach kam Haare. Da haben sie über Haare noch ein bisschen gesprochen. Ich weiß gar nicht, was danach kam. Haircuts and Splines. Das heißt, es arbeitet mit Splines. Genau, das ist tatsächlich ziemlich cool. Und wie gesagt, das ist halt von MetaHuman auch. Das habe ich da auch schon gesehen, weil da kannst du auch eine Haarsträhne einzeln machen und das ist halt so geil. Er hat dann halt wirklich gezeigt, wie er so quasi durchs Haar fährt und hat halt auch dazu gesagt, dass sich Charaktere halt durchs Haar fahren und dann wirklich die Strähnen auch einzeln angesteuert werden sollen und so weiter und so fort. Dann kam noch Schwitzen, Tränen und Blut.
Das wurde auch Das noch, hatte ich nur kurz im Trailer gesehen, genau. Das wurde auch noch gezeigt, also wirklich, wenn... Ich glaube, das war sogar vorher. Ja, weiß ich nicht, aber ich sag aus meinem Kopf raus, was da noch kam. Was halt ziemlich geil ist. Also, wenn du überlegst, dass du halt im Feuer oder Nähe vom Feuer stehst und anfängst zu schwitzen, das ist halt auch nur realistisch. Immersion ist da halt auch wieder so das Thema. Und vor allem mit dem Blut und so ist halt für RPler, glaube ich, extremst geil. Ja, wenn das so ein bisschen auch noch dargestellt werden kann. Ja, noch nicht mal das. Ich finde auch einfach, wenn du irgendwo von, keine Ahnung, du hattest einen FPS-Fight und musst schnell mit dem Schiff abhauen oder sowas und du siehst den anderen Spieler, dem siehst du halt an, dass es ihm schlecht geht und sagst, hier, du siehst ganz schön mitgenommen aus, geh du mal lieber erstmal kurz doch in die Medbay und der sagt dann, ach stimmt, ich habe nur so und so viel HP. Weißt du, sodass du halt nicht das Ganze erkennst an einer Healthbar, die er über dem Kopf hat, sondern halt wie er aussieht. Aber das hast du ja jetzt auch schon. Also wenn ein Spieler humpelt, anfängt zu humpeln oder sich einen Bauch hält und so, das gibt es ja jetzt auch schon alles so ein bisschen. So hast du es halt nochmal offensichtlicher, genau. Und Tränen, keine Ahnung, wann man anfangen soll zu heulen. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, aber why not? Und, wahrscheinlich auch äußere Einflüsse wie Gas und sowas. Ja, das kann sein. Im Trailer haben sie dann halt ja nur gezeigt, wie der aus der Nase blutet. Das haben sie danach nochmal gezeigt, Nase bluten, aus dem Mund bluten, aus den Ohren bluten. Sowas kommt dann alles noch. Und was kam denn noch da? Es war so viel einfach. Es war einfach unendlich viel gestern. Ich bin gerade, schaue ich nochmal kurz in die Maelstrom-Präsentation rein. Ja, genau. Wo sie den Außenposten zerfetzten. Das war göttlich. Also da geht es halt nicht nur darum, dass du reinschießen kannst, sondern je nachdem auch, mit was im Impact eben was in das Ding einschlägt, wird der Impact quasi übertragen. Also da wirklich das Physikalische, was kommt rein und was geht raus, wird halt auch nochmal übermittelt. Wenn du nur reinschießt, dann fällt es halt in sich zusammen und am Ende sind es halt nochmal volle Möhre mit der Gladius einfach nur reingeflogen und das ganze Ding hat es einfach so auseinandergerissen. Also wirklich alles. Das Zeug ist Kilometer wahrscheinlich weit weggeflogen, ins Wasser. Das Wasser hat angefangen... Ich würde sagen, da auch wieder die Wasserphysik dazu. Außer der Pico, alles ist kaputt, nur der Pico stand noch. Aber das ist schon sehr, sehr geil. Also da muss ich wirklich sagen, das ist etwas, was so viel das Spiel verändern kann. Man muss halt jetzt ganz, ganz dringend sowas dann einbauen wie Schildgeneratoren für Stationen. Weil ansonsten kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Leute rumnörgeln werden, hey, ich kann Microtech gar nicht zerbomben, ja, weil das wird dann irgendwie wahrscheinlich ausprobiert. Oder wenn einer über Jumptown fliegt, ich stell dir einfach nur vor, es fliegt eine A2 über Jumptown, die macht einmal bum, 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 Jumptown ist fertig, Mission beendet. Also, da muss irgendwie ein richtig dicker Schildgenerator kommen und den musst du dann von innen eventuell ausschalten können oder sowas. Genau das, was ich immer gesagt habe. Wenn ich eine Station habe, ähnlich wie in Eve. In Eve hast du auch eine Station, die hat erstmal ein Schild drumrum, hat die Türme zur Verteidigung und so weiter. Dann werden als erstes meistens die Türme angegriffen, wenn die angegriffen werden können, wenn die nicht im Schild drin sind. Ansonsten muss erst das Schild kaputt geschossen werden, dann werden die Türme zerschossen und dann wird halt die Station angegriffen. Und so kann man das jetzt übertragen in Star Citizen, indem du eine Station baust, einen fetten Schildgenerator baust, der halt wirklich einfach Bomben und sowas abhalten kann. Ey, es muss nicht immer komplett immersiv sein, eine Bombe wird da ja einfach durchfallen oder so ein Käse. Nee, die wird halt irgendwie, was weiß ich, in ihre Bestandteile wird ausgelöst oder sonst was und die Druckwelle kann aber nur oben drauf stattfinden, ist ja scheißegal, es soll ja Spielspaß bringen. Weil ansonsten fliegen 10 A2s drüber, bomben das Ding einfach zu Schrot und fertig. Ja? Eine Orga, die mit 500 Leuten eine Station angreift, denen ist es scheißegal, ob die eine A2 mitbringen oder 100 A2s mitbringen. Und da musst du halt erst rein, da muss halt ein spezielles Team muss rein, weil durchlaufen durch diesen Schild kannst du und dann kannst du das ausstellen, kannst den Generator kaputt machen oder sonst irgendwas machen, kannst dir dann überlegen, will ich die Station vielleicht behalten oder zerbombe ich sie jetzt? Das sind ja dann auch nochmal so Sachen, aber alleine nur diese Kleinigkeit nenne ich es jetzt mal, weil das hatten wir in Battlefield 3 schon, dass Gebäude kaputt gegangen sind, ja. Aber diese Kleinigkeit macht in diesem Spiel so viel Impact, weil, ne? Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und das ist eine der Sachen, wo ich sage, absolut, absolut geil. Ich hoffe nicht, dass am Ende einfach nur alles zu Klump geschossen wird, was so rumsteht, also die ganzen Derlicks und so weiter. Ich bin von Ghost Hollow jetzt zum Beispiel ausgegangen, da wird kein Schildgenerator sein, aber man könnte es einfach zerschießen. Ja. Und ich hoffe, dass da irgendwie noch was gemacht wird, dass das halt nicht passiert, weil das wäre ein bisschen schade.
Aber ansonsten ist das wirklich, also das war so eins meiner Favorite-Sachen, die ich so gesehen hatte. Und ich glaube, dann war das auch rum, der erste Teil. Ich bin gerade noch bei Breaking Part. Das ist natürlich auch wichtig, das hast du, glaube ich, auch dann gesagt, das war was, da hatte ich das Handy, glaube ich, umgedreht, deswegen habe ich das nur so halb mitgekriegt, wo du dann noch sagtest, das ist ja auch für Salvaging wichtig, weil das halt Structural Salvage heißt es jetzt, macht ja genau das. Genau, wir haben das ja im ISC gesehen, wo sie das in Kleinigkeiten dann gemacht hatten, das Schiff, wo sie drangegangen sind, das Schiff ist quasi explodiert und dann konnten sie die einzelnen Sachen einsammeln. Und das ist ja wichtig, dass du ein Schiff zerschneiden kannst, egal an welcher Stelle. Weil eine Vulture wird andere Massen aufnehmen können als nur Reclaimer. Und deswegen musst du halt ein Schiff anders zerschneiden können. Und wenn die Schiffe nur an bestimmten Teilen kaputt geschnitten werden könnten, wäre das komisch. Aber da hatten sie ja dann, glaube ich, auch... Ich glaube, da hatten sie diese komische Map gezeigt mit, was alles so kaputt gehen kann und wie das Schiff strukturell aufgebaut ist und so. Die einzelnen Identifier von jeder physikalischen Sache mit Materialien und sowas festgehalten. Auch dann nochmal bei den, also jetzt, da bin ich gerade bei den Material Matters, das heißt, die haben tatsächlich Dichte, dann eine Nachgiebigkeit sozusagen, eine Dicke, Festigkeit, Ausdauer, Fähigkeit, Young's Modulus, the mechanical property that measures the tensile or compressive stiffness. Okay, also das ist für die Breakable Clusters wichtig. Genau, das ist halt, wie du die Sachen auseinanderziehen kannst. Das finde ich auch geil. Das ist auch was man normalerweise halt von so 3D-Programmen wie Houdini oder so kennt, die das gut simulieren können in einem Pre-Render, also in einem Render. Halt. Das machen die live. So, das ist aber auch geil, weil da kann man sich direkt wieder so vorstellen, okay, ich zerschneide jetzt ein Schiff, ja, und ich schneide das so in der Mitte auseinander und dann sind da noch die Kabel oder sowas, was durchläuft und diese Kabel bewegen sich halt noch mit, ja, weil ein Kabel, was durchgeschnitten ist, bewegt sich ganz anders als ein fester Gegenstand. Und ich freue mich tatsächlich drauf, dann das erste Schiff wirklich mal kaputt zu schneiden und mir das anzugucken. Auf alle Fälle. Ja, oder auch, genau, einfach vielleicht auch einfach durchzufliegen. Mal versuchst durch dieses Loch in der Hammerhead durchzufliegen mit einer Arrow und schneidest du aus Versehen in 2 Teile oder so, weil ich glaube eher, dass du die Arrow in ein ganz kleines Stück, das grindet sich so ab dann. Das, denke ich, wird passieren. Weil du darfst dich unterschätzen. Wenn die sich schnell genug bewegt, müsste sie genug Kraft überziehen. Achso. Dann kamen die Audioeffekte. Ja, da muss ich sagen... Da habe ich ein bisschen geguckt. Ja, die waren gut. Ja, muss man dazu sagen. Einer im Chat hat da auch geschrieben, die haben einfach nur mehr Bass reingelegt. Hat sich an vielen Dingen tatsächlich einfach nur so angehört, als wäre da einfach wirklich nur viel Bass drin. Und oftmals war es dann einfach so, dass man, wenn irgendwo geschossen wurde, nur noch diesen Schuss wahrgenommen hat und sonst nichts anderes mehr. Und das fand ich persönlich nicht so immersiv. Das geht ja aber dabei darum, das war das, wo sie den Isolated Mode gezeigt haben. Das haben sie auch im FPS gezeigt, aber da geht es darum, wenn du einen Suit anhast, einen dicken, und einen Helm aufhast, einen dicken, dann hört es sich so für dich an. Wenn du den Helm nicht anhättest, würde es sich wie immer anhören. Ja, die haben nur gezeigt, dass die Sachen, die du um dich rum hast, halt einen Einfluss darauf haben, wie die Akustik auf dich wirkt. Okay, das kann sein, da habe ich nicht so zugehört. Im Prinzip hat er schon recht, dass es einfach nur mehr Bass ist, aber das Ding ist, dass sie nicht den Bass künstlich draufgelegt haben, sondern dass sie Sound korrekt simulieren und dadurch ist mehr Bass da, weil das ist der Sound, der am weitesten transportiert wird. Das hörst du immer. Klar. Wenn irgendwo in der Nähe eine Disco-Party ist, dann hörst du nur das Wummern, du hörst nicht die Höhen, weil der Bass halt am weitesten getragen wird. Ja. Das ist auch, also wie gesagt, das ist physikalisch korrekt und dann halt aber hört sich unter Umständen halt unnormal an, aber wenn du, glaube ich, im Kontext bist und weißt, okay, ich habe mir gerade eine dicke Pembroke angezogen, dann hört sich das also an. Ich glaube, es fühlt sich auch ganz anders an, wenn du es dann selbst spielst. Ich glaube, dann fühlt es sich echt an. Dann aber kann das. Wenn du es nur guckst, weißt du? Ja. Ich glaube, es fühlt sich echter an, wenn du es selbst du musst erlebst. Wie gesagt, du musst im Kontext sein und das selber spielen und erleben. Ja. Dann kam, das können wir kurz sagen, obwohl es eigentlich für mich natürlich oder für alle eigentlich, glaube ich, insgesamt vom ersten Tag das größte Highlight war. Da kam nämlich der deutsche Entwickler, ich habe seinen Namen gerade vergessen, ich glaube Thomas heißt der. Thorsten. Nee, nicht der Thorsten, der mit den weiß gefärbten Haaren, der kam und hat den Replication Layer gezeigt. Ja, der hat Server Mission gezeigt. Ja, erstmal hat er nur einen Replication Layer gezeigt und dann, übrigens, guck mal hier, wenn wir 3 Server anmachen, dann können wir das so machen und wenn wir dann, wenn einer abstürzt, dann übernimmt er das. Ja, okay, das haben sie nicht gezeigt, wenn einer abstürzt. So weit sind sie noch nicht.
Also sie Nee, haben, stimmt, das hat er nicht gezeigt, das hat er nur gesagt. Er hat gesagt, gesagt, wenn jetzt einer von den dreien ausgehen würde, dann würde ein anderer das übernehmen. Ja. Er hat nur gezeigt, dass es mit dem Übernehmen schon funktioniert, wenn sie haben weil den du halt kurz auf dem Replication Layer genau. bist und dann wieder runter auf den neuen Server gehst. Genau. Und so wäre es ja im Server-Meshing, würde ja der andere Server oder die zwei anderen Server würden jeweils die Last wahrscheinlich von dem einen Server dann kurze Zeit mit übernehmen, bis er neu gestartet ist. So soll es funktionieren, das konnten sie noch nicht zeigen, also bin ich da noch nicht so 100%. Ja. Ne? Weil sie zeigen das, was sie können und hätten sie es gekonnt, hätten sie es gezeigt. Aber was man schon gesehen hat, da waren dann am Ende 6, 7 Leute auf dem Server drauf und es hat funktioniert, ja. Also der Server-Mesh im kleinen Stil hat definitiv funktioniert. Genau, dann kam das, dann hat der Chris gesagt, dass er geheult hat, als er das gesehen hat. Dann kam aber kurz ein Ausflug zu Fight or Flight, also dem Atmos. Da war ich auf dem Klo, das hat mich nicht so interessiert. Ja, das war auch nicht so, lustigerweise hatte ich da Zeit zu gucken und das war so okay. Dann kam Engineering. Bin ja nicht auf der CitizenCon. Ja, dann interessiert mich auch nicht, was die Leute da machen können. Das juckt mich einen ganz großen Feuchten, ganz ehrlich. Ja, ich finde auch, die Panels sind das Wichtige. Dann kam Engineering. Das habe ich zum größten Teil gesehen. Zum allergrößten Teil auch verstanden, bin ich ziemlich sicher. Also allein das neue Interface, das sie da haben und wie das alles funktioniert und wie er dann gezeigt hat in dieser, also nachkommentierten Demo, wo er sich vorher schon entschuldigt hat, wie schlecht er ist und dann haben sie das alles durchgespielt, wie die C2 angegriffen wird und dann die Engine A2 ausfällt und er hat, oder eine A2 was, dass er das Feuer nicht bemerkt hat und dann fällt hinten eine Powerplant aus und dann schickt er den einen dahin und macht das schon mal auf, aber es war zu spät und so. Das ist ultra geil auch. Also das, wie du aber auch schon gesagt hast, das ist der zweite, finde ich, direkt nach dem Server-Meshing große Hit gewesen. Für Multicrew ist es einerseits richtig geil, weil du halt Leute jetzt an Bord hast, die was machen können, was nicht direkt mit einfach nur rumfliegen und ballern zu tun hat, sondern die halt wirklich so sich um das Schiff kümmern müssen. Richtig geil. Richtig anstrengend aber auch, weil du Leute haben musst, die das können und du musst Kommunikation haben. Und wie du schon sagst, das ist auch wieder ein Skalierungsproblem, würde ich es nennen. Ja, das kann man lösen, aber es wird erstmal ein Problem sein, vor allem am Anfang, dass du auf den großen Schiffen das so schnell nicht hinkriegen wirst. Du wirst einfach für lange, lange Zeit keine effektiven Schiffe haben, also keine effektiven großen Schiffe haben. Ja. Von der Carrack ab aufwärts, würde ich sagen, kannst du davon ausgehen, dass du, wenn du Solo gegen die spielst, sehr wahrscheinlich gewinnst. Weil du den, wie du auch schon richtig beschrieben hast, das fand ich cool mit deiner Zeichnung auch hinterher nochmal, als die Leute von Crash Academy dazu kamen gestern, wenn du halt sowas hast wie zum Beispiel eine Hull C, die wegfliegt und halt die kompletten Komponenten und Antrieb vor allem und sowas hinten hat und du natürlich hinter ihr herfliegst, das heißt, du genau in der richtigen Position bist oder auch bei einem anderen Schiff meinetwegen, wo du gelernt hast, wo die Schwachstellen sind, du da dann einfach so reinhauen kannst, selbst als einzelne Person viel anrichten kannst, was einfach geil ist. Weil das ein Steinschere-Papier-System ist, das skillbasiert ist, 100%. Ja, weil also entweder bist du der richtig gute Single-Player, also oder Solo-Player, so sollte man sagen, der halt so ein Schiff gut angreifen kann und die anderen sind noch nicht so trainiert da drin, dann nimmst du es einfach auseinander. Oder die anderen sind eine richtig gut eingespielte Crew und dann kannst du sogar mit 5, 6, 7 Leuten kommen und du kriegst das Schiff nicht kaputt, weil die vernünftig sind und wissen, was sie reparieren müssen und was nicht und sie können sogar noch abhauen. Beste Beispiel ist hier einfach wieder Sea of Thieves. Das ist einfach so. Genau. In Sea of Thieves, wir waren eine eingespielte Crew, 4 Leute. Wenn wir zu viert gespielt haben, wenn Holzi, Stefan, Marbu und ich zusammen gespielt haben, wir wurden vielleicht 2 oder 3 Mal in 500 Schlachten versenkt. Ja? Wenn nur ein anderer dabei war, der nicht mit uns eingespielt war, waren wir 50-60% schlechter als sonst. Ja? Bei Sea of Thieves hat man noch den Vorteil, und das ist genau dieses Ding, ich bin ja auch mit einer Sloop rumgefahren und habe Gallis platt gemacht. Sobald ich auf einem anderen Schiff war es meistens für die rum. Ich muss auf das Schiff kommen. Ich bin in der Regel ein besserer FPS-Spieler als Leute mit Controller oder kleine Kinder oder sonst irgendjemand. Ist halt einfach so. Und da hat man dann einfach gesehen, dass auch ein Einzelner ein großes Schiff platt machen kann. Das ist aber nicht die Regel. In der Regel sind das 4 Leute. Wenn der Skill-Level von 4 Leuten gleich ist dem von einem, dann hat der eine keine Chance. Und genau so wird das hier auch sein. Und hier ist es nicht so, dass ich muss Segel setzen, ich muss schießen und ich muss ein Schiff vielleicht reparieren und ein bisschen rumeimern, ja, ein bisschen Wasser wegmachen. Hier ist es, ich muss ein Feuer eventuell löschen, um an Komponenten wieder dran zu kommen, die ich reparieren muss.
ich muss irgendwelche Fuses austauschen, ich muss, eventuell muss einer ganz schnell irgendwo ein ganz großes Feuer, was an einer anderen Stelle noch ausgebrochen ist, ersticken. Das bedeutet, ich kann da vielleicht gerade nicht rein, weil ich keinen Helm auf habe. Und Gott weiß, was da alles, Pulsar, grüß dich, Gott weiß, was da alles passieren kann. Das sind viel, 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 viel mehr Faktoren als bei Sea of Thieves. Und deswegen, ein einzelner Spieler, der richtig gut ist, hat geile Chancen, auch mal einen großen Coup zu schlagen. Die Chance ist immer geringer, weil das Schiff halt einfach groß ist, weil das Schiff mehr Gunpower hat, weil das Schiff mehr Schilde hat und so weiter und so fort. Aber trotzdem, vor allem, wenn man vorher scannt und sieht, da ist nur einer drin, ey, keine Chance mehr. Ab dem Moment, wo große Schiffe alleine rumfliegen, sind die selbst dran schuld, wenn sie ihre gesamten Waren verlieren. Ganz genau. Und es ist halt auch so, was man auch bedenken muss, Sea of Thieves macht das schon sehr, also Sea of Thieves macht das sehr gut in diesem, ich sag jetzt einfach mal, engen Rahmen von 1 bis 4 Spielern. Aber mehr als 4 geht ja nicht. Also geht theoretisch, aber das größte Schiff ist auf 4 ausgelegt und selbst dann ist es so, dass du für alles kurze Wege hast. Ziemlich kurze Wege. Du weißt, wo die Bretter sind, du weißt, wo die Kanonenkugeln sind und so, dann ist okay. Dann machst du 2 Treppen und du bist da, ne? Hier ist es so, stell dir vor, du bist in der Idris und du hast dein verdammtes Repariertool vergessen und musst den anderen sagen, ey, ich muss noch mal kurz auf meine Station zurück und mein Reparaturtool holen. Es kann sein, dass der Aufzug nicht funktioniert, weil da hat es auch gebrannt, also nehme ich die Treppen, also bin ich so in 10 Minuten wieder da. Ja. Das ist halt also, okay. Und das hat halt Kettenreaktionen in dem ganzen Schiff dann hinterher, die... Also das ist halt das Krasse. Das ist das, was ich gestern gesagt habe. Dieses Mechanic-Team. Das ist ein Team. Wenn wenn nicht die eine Hand weiß, was die andere macht, wenn das nicht wie wirklich einfach richtig geöltes Uhrwerk ist, dann funktioniert ja gar nichts. Wenn einer Mist baut, gibt das eine Kettenreaktion und das gesamte Schiff explodiert. Und da ist mir einfach nur wieder bewusst geworden, wie unnütz die Kraken für mich ist. Ja, klar, und das haben wir auch gestern auch noch drüber geredet. Aber der Mabo hat auch recht damit, dass er sagt, dass gerade sowas wie Ingame Communication oder halt sogar Voice in-Game... Teamspeak kann genau das gleiche im Moment. Also Teamspeak kannst du den Commander, du kannst verschiedene Channel einrichten, man kann mit verschiedenen Channeln kommunizieren, man kann Whisper zu anderen Leuten machen, das kannst du. Du kannst das mit Teamspeak lösen. Mit Discord kannst du es definitiv nicht lösen, deswegen hatten wir Gilded probiert. Mit Gilded ging es auch nicht, weil Gilded nicht so richtig funktioniert hat leider, weil in Gilded wäre genau das auch, wie es halt im Teamspeak ist, gegangen. Große Orgas mit großen Schiffen, die nutzen derzeit Teamspeak, die nutzen kein Discord mehr. Also kannst mir erzählen, was du willst, weil sobald du mit mehr als 4, sobald du jetzt ein Schiff fliegst, was eine Crew von Personal von 5 braucht, das rechnen wir jetzt ein bisschen hoch auf mindestens mal 7, weil die Mechanics dann dazu kommen, ja. Also 5 im Sinne von Pilot, eventuell dann der Rocket Operator, der kommt ja auch irgendwann mit Co-Pilot. Ja, der muss ja irgendwann kommen. Das ist eine ultra wichtige Funktion, die das gesamte Gameplay dann auch nochmal umwirft. Dann eventuell noch 2, 3 Turret Gunner, dann bist du bei 5 Leuten, dann fehlen dir aber die Mechanics. Und in einem Schiff, was so groß ist, was 5 Leute schon beherbergen kann, brauchst du mindestens 2 bis 3 Mechanics. Die einen sagen, ja, ich schieße jetzt da drauf, die anderen sagen, ich muss das reparieren. Wenn das in einem Voice-Kanal, ich habe schon, was ist denn heute mit meiner Kamera los? Wenn das in einem Voice-Kanal passiert, also da kannst du auch gleich einfach das Spiel deinstallieren. Ich meine, es ist so, natürlich kann man sagen, also CIG verlässt sich bei vielen Sachen nur auf sich selbst. Ne? Die bauen, wie gesagt, sowas wie zum Beispiel das eigene Temporal Dingsbums, wo sie halt sagen, das DLSS von Nvidia und das andere von FSR von AMD reicht uns nicht, wir bauen ein drittes. Kann auch gut sein, dass sie nochmal eine eigene Ingame-Geschichte bauen, einfach weil das erleichtert wiederum auch, wenn du mal mit anderen Spielern zusammenarbeitest, musst du nicht erst TS-Daten austauschen und gucken, ist der überhaupt koscher, spricht er überhaupt, also wobei, spricht er meine Sprache, ist sowieso wichtig, das ist egal wo. Aber bald nicht mehr. Das haben sie ja schon angekündigt. Also, die Übersetzung im Sprachchat wird zu 1000% kommen und die Übersetzung in-game mit deiner eigenen Stimme über eine AI in die Sprache von dem anderen, die der versteht, wird auch kommen. Das haben sie ja schon angekündigt. Also, ne? Genau. Und Mabu, Mabu, du hast ja recht, aber wir reden hier noch nicht von 500er Schlachten. Also davon reden wir noch nicht. Und bis es soweit ist, wir wissen, also nach dem, was wir jetzt gesehen haben, wie die alleine dann die Star Map und alles jetzt umgebaut haben oder generell diese Tools umbauen, also ich gehe nicht davon aus, dass es am Sprachchat am Ende scheitern wird. Also, vor allem werden sie da auch eher dann in die Richtung gehen und das wird das, was interessant ist. Da kenne ich mich nicht gut genug aus, aber die werden sich
auch da mit Sicherheit an irgendwelchen Echtweltbeispielen auseinandersetzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die US-Marine nicht einen großen Teamspeak-Server hat, wo die alle miteinander reden, sondern das funktioniert irgendwie anders, wie die kommunizieren. Das muss irgendwie sowas geben. Irgendein, der sich entwickelt hat. Handys. Skype. Genau. Ja, also nee, ich weiß nicht, aber die haben auf alle Fälle bestimmt irgendwas, was eine Schnellkommunikationsmethode ist oder so. Und mich würde es nicht wundern, wenn Leute, die große Schlachten machen wollen, sowas zusätzlich lernen müssen. Im Prinzip eine Art Steno-Sprache oder sowas, was welche Befehle bedeuten oder sowas. Die dann im Prinzip wirklich als Kommunikatoren auf einer Brücke sitzen und das einfach nur weitergeben an den Captain, der es dann wiederum weitergibt an seine Crew. Ich meine, geh mal in einen ganz kleinen Maßstab rein. Geh mal in GTA RP rein. Die Leute lösen es ja derzeit auch mit Teamspeak, ja. Und da gibt es ja Plugins, dass du auch hier sowas wie ein Walkie-Talkie und sowas hast. Und die Walkie-Talkies haben ja auch Herzkanäle. Also wirst du das hier in dem Spiel auch haben. Und die Herzkanäle, je nachdem, von was im Schiff übertragen wird. Und da wird vielleicht eine Endeavour wieder eine große Rolle spielen, weil die kann auf größere Reichweite Übertragungen raussenden und so weiter als andere. Also das wird sowas wird ja definitiv passieren. Aber wenn dann eine kleine, dumme, fiese Herald kommt mit einem Mabu drin, der auf seinem Mischpult rumhackt und sieht, oh, die sind ja auf dem und dem Sprachkanal. Was glaubst du, was sowas dann wert sein kann? Ja. Wir reden ja immer von Daten, die verkauft werden können. Also wenn die gegnerische Partei den Sprachkanal der anderen Partei rauskriegt, was glaubst du, was sowas wert sein kann? Das stimmt, sowas wäre cool. Und vor allem, das wäre wiederum gut, wenn sie es dann auch wirklich in-game haben. Ja. Das Problem ist aber auch wieder da, dass Leute natürlich jederzeit einfach außerhalb des Spiels was machen können. Das kann man nicht verbieten. Man kann nicht sagen, wenn Star Citizen läuft, darfst du kein Teamspeak nebenbei offen haben. Richtig. Das geht nicht, aber trotzdem wäre es cool, wenn sie, wie gesagt, sowas wie eine Kurzbefehlssprache oder sowas, die halt nur in-game funktioniert. Ja, aber wie der Mabu ja schon gesagt hat, wie Mabu schon gesagt hat, es ist irgendwann so groß, dass Teamspeak und Discord nicht mehr mithalten können. Da müsstest du Discord, Teamspeak gleichzeitig nutzen, ja, um so viel verschiedene... Alter, was ist denn heute mit dieser scheiß Kamera hier los? Um so viel Quatsch zu haben. Guck mal, selbst jetzt bin ich unscharf, obwohl nur ich drauf bin. Da müsstest du beides laufen haben und Gilded noch laufen haben. Also müsstest wirklich alles gerade gleichzeitig am Laufen haben, damit du die ganzen Sprachkanäle hast. Und dann wird es zu groß und dann muss eine Ingame-Sache reinkommen, die das eben auch irgendwie lösen kann. Es ist schon wieder, der Fokus ist schon wieder weg. Ich raste gleich aus. Ragnaros, ja klar, der Javelin wird die absolute Hölle. Also auf der Javelin, da werden 20 Mechaniker rumrennen, die alle einfach nur noch am Rumschreien irgendwann. Also es wird mega witzig. Und Rage Guy, also ich habe absolut gar keine Wut mehr. Ich war gestern ein bisschen angepisst, dass das da war mit der BMM, weil das war einfach so der epischste Moment aller Zeiten überhaupt. Mehr Epic geht gar nicht und dann auf einmal, ach so, ja, kommt nicht. Also das war lausig. Pulsar, vielen Dank. Und hi jetzt auch auf Twitch. Genau. Das Scaling muss auf Ingame-Kommunikation angewendet werden. Genau. Genau. Ja, Voice und Chat und wie gesagt, und ich glaube auch, dass sie da wieder irgendwelche Echtweltbeispiele heranziehen werden und sagen werden, übrigens, so macht man das eigentlich mit einer Kampfgruppe beim Militär und dann... Naja, die hat dann ihren eigenen Bereich und der Bereich kann aber von dem Commander quasi, der kann da trotzdem reinsprechen. Oder es gibt 3 Leute, die in diesem Bereich auch noch reinsprechen können und so. Wie gesagt, das kannst du in Teamspeak ja schon gewissermaßen lösen. Klar, in Teamspeak ist es dann wieder schwer, wie es der Mabu schreibt, dann kommen auf einmal Mercenaries, die so zwischen den Seiten stehen und eigentlich gar nicht wissen, ne? Und da muss man wieder mit denen verhandeln. Das wird dann im Teamspeak wird das dann schwierig, ja. Aber das muss dann halt irgendwie in-game gelöst werden können. Und Ragnaros, das ist genau das Problem. Stell dir vor, du bist auf einer Javelin, spielst da mit, du verhältst dich wie ein NPC und 10 weitere verhalten sich auch wie ein NPC. Was glaubst du, wie schnell die Javelin von euch explodiert? Wenn auf einmal von 80 Leuten 10 eigentlich gar nicht wissen, was sie machen müssen. Deswegen sag ich brauche keine verfickte Kraken, weil diese verfickte Kraken einfach nur innerhalb der ersten 5 Minuten explodieren würde, wenn wir jetzt hier aus Spaß in der Community zocken würden. Die würde sowas von in die Luft gehen und da hätte keiner Spaß dran. Deswegen hole ich lieber sowas Kleineres, wie eine Orion. Schön. Ja, genau. Audio kam dann. So, was kam noch, Tobi? Und danach kam... Nee, nach Audio war ja schon... Da waren wir schon bei Engineering. Achso, Engineering. Engineering, großes Ding. Wir können das aber abkürzen, wie gesagt. Es geht auch gleich... Also der Stream ist ja schon live, aber
Das dauert noch einen Moment. Jedenfalls, das wird viel. Das ist einfach was, ich glaube, dafür müsste man ein eigenes Video nochmal machen. Das kann man nicht schnell zusammenfassen, was da alles vorkam. Spielt dann auch wieder mit rein, was später noch kommt mit den neuen Maps und sowas. Und dann kam der Cosplay-Contest, das ist egal. Ja. Also war cool. Waren coole Cosplays. Dinge dabei, genau. Ja, So. gute Arbeit. Und dann kamen Talking Ships. Das haben sie angefangen mit der Spirit. Alter, wie sich Jared fast verhaspelt hätte. Hast du das mitbekommen? Wo? Jared hat in so einem kleinen, also nach dem Essen stand er irgendwo und hat gesagt, ich hatte gerade Pizza und so. Jetzt gleich kommt Taking Shit. Oh, Ja, das war ganz knapp. Ganz knapp. Ich glaube, das macht er mit Absicht. Der ist so gut, nee. Also nachdem ich ihn auf der Bar Citizen jetzt so ein bisschen auch kennenlernen konnte, der ist sehr professionell, aber ich glaube, sowas rutscht dem manchmal einfach raus. Achso, das meinst du. Ja, aber ich meine, ja, genau. Ja, das war das kein meint echter er nicht, Versprecher, aber das, genau. Ja. Okay, Schiffe, Banu Merchantman, Polaris, yay, kommt irgendwann, dann der G12 kommt, die X1 kommt, noch ein Hoverquad kommt. Die Zeus. Die Zeus kommt, Die war geil. die C1 kommt, die Galaxy könnte da drin gewesen sein in diesen Bildern, weiß ich nicht. Da war ein Retaliator drin und da war irgendwie von Argo gefühlt der Argo MPUV, aber ohne die Anbauten zu sehen. Und das ist alles Modularität gewesen. Polaris kommt nächstes Jahr, ja. Alles, was wir hier erzählen, kommt innerhalb der nächsten 12 Monate. Es wurde ja so gecallt. Und die Schiffe, die ich gerade genannt habe, waren in diesem Trailer, die sie gezeigt haben. Nächste 12 Monate. Polaris kommt zu Invictus. Ist ja quasi schon bekannt. Ja, und ich muss wirklich sagen, also ja, Zeus war cool, Scout war cool. Heute sehen wir wahrscheinlich die Cutter Exploration noch. Und das ist alles super cool. Ich bin sehr enttäuscht, dass sie gesagt haben, ja, das neue RSI-Mining-Schiff, das seht ihr zur IAE. Weil das hört sich für mich an, dass das der einzige Aufhänger für die IAE ist gerade. Und wenn ich schon Talking Ship habe, dann möchte ich auch über Ships reden, die im Bau gerade sind. Finde ich ein bisschen frech. Aber, naja. Argo MPUC ohne Container, aber mit dem Turm obendrauf. Könnte ein Tractor Beam sein. Ja, kann das alles... Das war die Mining-Variante. Kann alles... Ja, nein, Es gibt eine Mining-Variante von dem MPV. Okay. Die hat einen Mining-Beam oben drauf. Wie klein ist das denn dann? 8 SC oder was? Ja, es ist halt einfach nur wahrscheinlich, vielleicht zum Beispiel sowas wie, dass du davon halt 3 Stück oder 4 Stück in deiner Comet drin hast und kannst die halt mitschleppen oder absetzen, wenn du die Spieler dafür hast. Ansonsten lässt du den Platz halt für irgendwas anderes. Das hört sich für mich gerade so ein bisschen an nach einem besseren Rock. Also sind Fahrzeuge... Das ist im Prinzip ein fliegender Rock, ja. nur... Also sind Fahrzeuge wieder Quatsch. Es kann natürlich Folgendes bedeuten. Es kann natürlich bedeuten, du hast ja jetzt schon manchmal Diamanten und sowas auf Asteroiden. Dass die das vorher abbauen sollen. Und dass das vermehrt dann vorkommen soll. Das kann natürlich sein. Dass sie nicht einen ganzen Asteroiden auseinandernehmen kann, genau, sondern nur die kleinen Steine und dann halt dafür für einen Asteroiden. Da hätte ich mir die Drohnen für gewünscht, für sowas, anstatt ein eigenes Schiff. Kann ja auch sein, dass es die dann auch noch gibt, aber dass die halt irgendwelche Vorteile halt haben. Zum Beispiel wirst du eine Drohne wahrscheinlich nicht betanken und warten müssen, während du halt eine MPUV natürlich wie jedes andere Schiff auch halt. Ja, aber dann brauche ich das doch dann wieder nicht. Also... Naja, es ist ja, halt okay, eine weniger effiziente du könntest es halt in eine Carrack oder sowas auch reinmachen. Also, genau. Na klar. Wobei eine Carrack kannst du auch die Drohnen reinmachen. Also, ist ja auch egal. So, genau. Talking Ship war super toll und war das Highlight für wahrscheinlich 90% aller Leute. Für mich absolut gar nicht, weil neue Schiffe sehen wir in Inside Star Citizen, sehen wir in SCL, sehen wir in der IAE, sehen wir auf der Invictus, sehen wir auf der Alien Week. Wir sehen immer neue Schiffe. Dafür ist die CitizenCon für mich nicht da. Ja, cool, immer mal ein neues Schiff hinzuhaben und ich habe mich ja auch gestern lange noch mit euch unterhalten und die Zeus wird definitiv heute gekauft. Aber darum geht die CitizenCon für mich nicht. Das ist wichtig, dass dieses Segment da ist, damit die ganzen Leute, die auf der CitizenCon sitzen, ihre Taschen lernen. Ja, weil, sind wir mal ehrlich, die Leute, die da hingehen, die lernen auch sehr, sehr gerne und schnell ihre Taschen. Und ich habe es in dem anderen Discord, in den anderen 2 Discords, wo ich drin bin, von Star Citizen auch mitbekommen. Oh ja, kaufen. Also da geht es ganz oft auch nur um Schiffe. Mir geht's bei der Star Citizen Con geht's mir nur um die Tech, die dahinter steht. Und ja, danach kam
Tobi? Okay, das war die Polaris. Ja, ich habe gerade geguckt, ich habe mir gerade mal kurz diesen Clip angeguckt, wo wie die alle Schiffe gezeigt haben mit den. Genau. Das ist sowas zum Beispiel wie eine Lynx-Variante, wird es wahrscheinlich sein, weil die haben eine Lynx gezeigt, aber so. Nee, das ist die G12 wahrscheinlich gewesen. Nee, das war schon ein Lynx, das hatte 6 Räder, also. Ist jetzt sicher? Ja, okay. Nur sie hatten halt so ein Panel drüber, das es verschwommen gemacht hat. Das heißt, wahrscheinlich ist es irgendwas anderes. Dann die Retaliator, ich glaube, die Retaliator in dem Fall ist tatsächlich ein Hinweis auf den Rework, weil die kriegt ja einen. Ja. Du brauchst du sowieso, den hat sie für Squadron 42 offiziell ja sogar schon bekommen. Viele Soll auch meckern eigentlich da, schon dass kein 600 fertig sein. gezeigt wurde. Ja, aber die steht wahrscheinlich eher hinten an. Waren 6. Genau, das war dann Family Affair und danach dann hat er sich da auf die Dings gesetzt, die Dragonfly. Und dann war es im Prinzip schon fertig. Dann bist du in. Ah nee, Entschuldigung, stimmt nicht. Dann kommt das Ding. Dann kommt der Bone. Dann kommt der Bone. Und der Bone, der soll mal den Marker da hinsetzen. Und der Bone, der soll mal rauszoomen. Ja, also das habe ich wirklich komplett gesehen. Das heißt, also musste ich mir gar keine Notizen gemacht haben. Ich rede gerade darüber und habe schon wieder Gänsehaut, weil das so geil ist. Ich weiß das nicht, ist wirklich Obstkuchen hat ja vorhin schon geschrieben, dass sich irgendjemand selbst darüber schon wieder beschwert hat. Also. Entschuldigung, ich habe gerade in den Live-Chat geguckt, also der ist auf meinem anderen Monitor schon offen von CitizenCon. Da hat genau in dem Moment einer reingeschrieben, Bone release the game. Guck mal hin, da schreiben alle so nur gut. Bone. Die ganze Zeit. Ich finde das so gut. Jeder zweite Satz ist was mit Bone. Ich finde das so gut, einfach Bone release the game und dann so, okay, gut, jetzt live. Oh nein, sollte ich ja gar nicht machen, das hat mir einfach jemand gesagt. Ja, okay. Krass. Also das war mein absolutes Highlight. Highlight 2 war quasi Maelstrom und Server-Meshing so gepaart. Aber das komplette Ding zu überarbeiten, wurde A, Zeit, musste B, gemacht werden für Squadron 42, wissen wir alle. Aber wie gut ist das bitte geworden? Wie gut ist das neue Mobiglas geworden? Wie gut ist der FPS-Scan? Der ist so ein klein bisschen Wallhack, ja? Aber das hat ja einen Drawback, das ist ja das Gute. Ja, genau. Haben sie erklärt. Genau, die NPCs da haben zwar nicht richtig reagiert, finde ich, also die haben ja gar nichts gemacht, aber das war wahrscheinlich einfach nur für die Demo-Zwecke und du hast ja auch da gesehen, du hast gesagt zwischendurch, das fand ich so süß, dass du gesagt hast, ich weiß gar nicht, warum die jetzt alle klatschen. Es ging darum, dass die so schlecht gespielt haben und dann haben sie einfach geklatscht, weil sie wenigstens irgendwas umgeschossen haben. Ist ja auch okay, das sind halt die Entwickler, die müssen nicht wirklich gut in dem Spiel sein, finde ich. Ich habe da auch nicht so richtig aufgepasst, glaube ich. Ich war noch immer geflasht von seiner guten Spielweise. Der Bone ist einfach, also ich finde, Bone ist einer der besten Spieler. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wenn der auf dem Server ist, muss man echt aufpassen, dass der dich nicht niedermäht, ja? Genau. Und das war aber so, dass ich halt, was soll ich sagen? Also es ist einfach eine komplett andere, eine neue Welt. Ja. Jetzt hätten sie eine komplett neue Welt aufgemacht einfach. Es ist für neue Spieler auf einmal auch geil. Weil ein neuer Spieler ist jetzt komplett verwirrt, was die Star-Map angeht. Jetzt kann der da oben gucken, okay, ein Kumpel hat gesagt, ich soll nach Area 18 kommen. Wo ist denn das? Ah, da. Ey, das ist so unendlich geil. Unterdrückungsfeuer, das kann er sehr gut, das stimmt. Aber die Suche wird wichtig. Ja. Weil, ja klar, weil es kommt ja immer mehr und immer mehr und immer mehr und dann weißt du irgendwann gar nicht mehr. Aber ich finde es. Aber die neue Map ist gar nicht mein absolutes Highlight davon. Mein absolutes Highlight ist, ich habe hier einen fucking Quantaniumstein, den will ich nur abbauen, ich setze hier einen Marker. Genau. Einfach nur diese Kleinigkeit, Marker und alles, was da reinspielt. Generell eben was wir generell auch gestern dann diskutiert haben als Daten. Insgesamt. Ist das auch Daten? Ist das auch Daten? Alles das ist ja Daten. Und das ist das Coole daran, dass du das meine ich mit einer neuen Welt, dass auf einmal dass es eine Rolle spielt, dass du nicht einfach nur eine Map hast, auf die du guckst und sagst, okay, irgendwo muss ich da hinten hinfliegen, machen wir mal eine Route, jetzt muss ich nur noch gucken, wo mein Marker ist, also mein Quantum-Marker sozusagen, und dann fliege ich dahin, danach interessiert mich die Map nicht mehr, sondern du bist im Prinzip in jedem Punkt in dem Spiel jetzt dazu angehalten, ein bisschen zu kartografieren, ein bisschen zu gucken, wo geht's denn hier lang, ach guck mal, was ist denn hier für eine Nische und solche Sachen und halt, wenn du was findest, dir das zu markieren und dann auch anderen das weitergeben zu können oder weiter verkaufen zu können oder gestohlen bekommen zu können oder all das ist halt extrem, extrem krass. Das ist wirklich der erste, das ist nicht mal Exploration Tier 0, das ist gleichzeitig irgendwie Exploration Tier 0 und Tier 15 oder was auch immer. Weil genau, das ist, das weil ist halt so die absolute Grundlage dafür ist, Das ist, und was auch noch ein Highlight für mich war, was, glaube ich, so gar nicht rüberkam, du siehst in deinem Mobiglas dein Schiff, was du gerade quasi, wo du als letztes drauf warst. Du siehst, ob das angegriffen wird, was das gerade macht. Das aktuelle aktive Schiff und du siehst auch, dass da stand Connection Lost, wahrscheinlich weil es geparkt war. Ja. Also weil es wahrscheinlich im Hangar stand. Ja. Weil als er nämlich später da drauf rumgeflogen ist und hat auf seinen oder Connection Lost, weil er weg war. Der ist ja reingequantet zu ihm, hat man ja quasi gehört. Also der ist ja zu ihm. Ja, oder er war zu weit weg, das kann auch sein, das stimmt. Und da sind wir dann auch wieder bei
Reichweiten von Dingen, wo wir eben gerade drüber gesprochen haben. Für Audio, Voice Chat, ja, zu weit weg. Also das Schiff war zu weit weg. Also hätte ich mich vielleicht mit meinen Leuten auf dem Schiff gar nicht mehr unterhalten können in dem Moment auch. Und sowas. Also, das ist mega geil. Also wirklich, das ist mein absolutes Highlight gewesen. Und nee, mein Highlight, warte, das war ja okay, ja. Highlight 1 war, dass Jared gesagt hätte, ja, und Pyro und dann einfach pausiert hat und alle wussten, er spricht wahrscheinlich gerade von Nyx oder einem anderen Sonnensystem schon wieder. Das werden wir heute sehen. Und Highlight 2 oder wo ich schon wieder Gänsehaut kriege, als er meinte, und ich glaube ihm das. Er meinte, das war Tag 1, der war krass, aber der war nichts im Vergleich zu morgen. Genau, morgen wird euch umhauen. Also, irgendwas muss heute passieren, womit wirklich niemand rechnet. Und wir rechnen alle mit Squadron 42, wir rechnen alle mit Nyx und so weiter und so fort. Er hat es gesagt, er hat am Anfang schon gesagt, ihr werdet Sachen sehen, damit rechnet ihr nicht. Ja, aber also ich meine, ich würde behaupten, generell, das generelle Publikum rechnet nicht mit einem festen Release-Datum zum Beispiel für Squadron 42. Doch. Weil die wollen es ja wieder verkaufen. Die wollen, das kannst du ja immer wieder verschieben, ist ja scheißegal. Naja, also, wenn es nur eine Battlefield wurde wäre, 600 Mal verschoben. Ja. Battlefield 5 oder was wurde 600 Mal verschoben. Also. Nein, aber was ich meine, was Chris bisher gemacht hat, ist, wir peilen an. Oder wir aber sie hoffen, müssen ja ein Datum nennen, sonst dürfen sie es nicht verkaufen. Ja. Aber die Regierung sagt, du darfst nichts verkaufen, was kein Datum hat. Ja. Aber sie haben bisher das noch nie gemacht. Die haben noch nie ein festes genannt. Der sagt die ganze Zeit feste Daten. Pyro kommt Quartal 2, Pyro kommt Quartal 4. Das sind feste Daten, Tobi. Das sind 3 Monate. Das ist zwischen dem 4. Monat und zwischen dem 6. Monat. Das ist Quartal 2. Da soll etwas kommen. Kam nie. So, also das ist ein festes Datum. Nein, aber das Wichtige ist die Sprache davor. Hey, Uli. Dass sie so sagen wie, wir peilen an das. Wir wollen das. Wenn er das weglässt, dann ist es ein festes Datum. Wenn er sagt, das kommt dann. Und wenn er es dann verschiebt, meinetwegen. Aber er hat noch nie gesagt, das kommt dann. Das kommt. Er hat immer nur gesagt, wir peilen an. Ja, We're aiming for release in Quarter 4 und sowas. Ja, man kann halt Wording sein lassen, ne? Also, aber das wäre auch, wie du schon sagst, das wäre ein bisschen arm, wenn das alles ist. Das wäre damit. Ich würde nicht rechnen, dass er denkt, dass damit keiner gerechnet hat. Ich finde, was der Mabu vorhin gesagt hat, weil auch einige rechnen ja damit, weil in Shanghai kam ja die Frage zur Pioneer, da rechnen ja vielleicht auch einige mit Building, ja? Ja. Und Mabu hat vorhin gesagt, vielleicht gar nicht Building, sondern wirklich Farming-Gameplay, weil damit rechnet absolut niemand. Und bei dem A1-Trailer-Video sehen wir Farming. Und wir haben gestern verfickte Kühe gesehen. Ja? Also, das kann schon ein kleiner Hint da drauf gewesen sein, tatsächlich, ja. Ich will noch mal kurz, wir haben das irgendwo, ich habe das irgendwo auf dem Discord gepostet. Ich will noch mal kurz in den Schedule reingucken. Ich habe das bei Infos, glaube ich, gepostet. Du kannst auch einfach auf die Robert Space Industries Seite gehen. Ja, aber bis ich es da gefunden habe. Und dann klickst du auf Star Citizen und das ist direkt der erste Link, wo auch live steht. Und recht. Dann klickst du hier drauf und dann siehst du Folgendes. Dann siehst du Character Advancement. Lass uns da nämlich noch mal kurz drüber reden, da haben wir nämlich noch Zeit. Genau, also Character Advancement ist das erste. We explore the outlaw styles found on the far frontier. The new technologies enable our next generation of character customization and the much anticipated arrival of diverse Coiffure. Also einmal neue Frisuren, Coiffure, ja, neue Friesen. Ja. Und ja, wir haben es gestern schon gesehen. Tattoos, dann das, was mit der Far Frontier, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen um die Mode gehen, weil davon haben sie nichts gezeigt. Das hieß immer nur in den Monthly Reports stand drin, ja, sie haben jetzt die Duster-Klamotten abgenommen und jetzt sind die Pyro Firestarter-Klamotten in Produktion gegangen. Ich tippe, sowas werden wir sehen. Nee, das hier war falsch. Also definitiv. Übrigens fand ich es sehr, sehr witzig in diesem ersten Trailer, den sie gestern ja gezeigt haben, wo die da so rumgeflogen sind und auch durch die Frontier-Stationen geflogen sind. Da war so eine Stelle, ich musste jedes Mal, als ich die jetzt 2-3 Mal geguckt habe, musste ich jedes Mal grinsen, weil da war so ein NPC, der läuft so auf den zu
Und dann sieht er den und dreht sofort rum. Da muss ich direkt an dieses eine Kind denken, was so aus, dieses GIF von dem Kind, was so aus der Tür rausgelaufen kommt, irgendwie sich erschreckt und so sofort wieder rumdreht. Genau. Genau, danach Next Generation. Life in the First Person. Get an up-close and personal look out of upcoming major improvements to first-person gameplay. Diversified combat, AI behavior, overhauled weapon handling, and how we are shopping a more immersive, dynamic universe through seamless and Tactile Interaction. Okay, tactile das ist Interactions. Gut. Okay, also dann, das wird um Folgendes gehen. Das hatten sie gestern, ganz kurz, da hatten sie gestern schon drüber gesprochen, als sie kurz in diesem Pyro-Booth waren, wo die Leute gezockt haben und einer meinte, ich bin fast schon entsetzt, wie gut die NPCs sind. Genau, also Diversified Combat AI Behavior, das heißt, hatten sie letzte CitizenCon, glaube ich, war das auch? Oh. Nee. Oh. This is the sound of my voice. Redet er wieder? Ja. Do you hear the sound of my voice? Oh, Jared. If you hear the sound of my voice, in Twitch chat, please type, Happy Birthday, Jake. Hat Jake Geburtstag. Jake a Cappella hat Geburtstag. Gut. Aber ich mache das nochmal kurz leiser. Nicht ganz, aber so. Also genau, Combat AI haben sie schon mal gezeigt. Und das ist jetzt gut, dass sie nochmal zeigen, wie sie da weitergekommen sind. Generelle Improvements zu First-Person-Gameplay, das ist aber, glaube ich, das ist alles, was sie jetzt sagen. Overhauled Weapon Handling ist, da hatten sie auch schon mal drüber gesprochen, oder ich habe es gelesen in einem Report, die Customization von deinen Waffen. Das funktioniert ja schon ganz gut, dass du es angucken kannst und so. Das soll neu gemacht werden, aber inklusive auch so Sachen wie, dass du nicht einfach nur zwischen den beiden Positionen, glaube ich, wechselst. Das hatten sie auch mal gesagt, dass du nicht nur unten und hier, sondern sowas machen kannst wie über Cover schießen, ohne zu zielen und so. Wobei, das ist auch drin, glaube ich, ne? Das hatten sie, glaube ich, schon mal reingemacht. Das haben sie auch gestern sogar gezeigt. Kurz, wie NPCs jetzt rumballern und so. Genau, und dann ist es das letzte, das Reshaping a more immersive dynamic universe through seamless and tactile interactions, müsste sein, dass sie nochmal zeigen, wie sie das Inner Thought System überarbeitet haben. Mhm. Ja. Weil die Interaktion mit Stimmt. Sachen. Hat man auch schon kurz im Insights das mal gesehen, ja. Genau, und das ist halt von wegen Tactile Interaction, heißt, dass du Sachen anpackst und dann passiert damit irgendwas. Also, und seamless halt, dass es nicht irgendwo an dauernd Schrift aufpoppt. Mhm. Hoffentlich. Also du wirst Schrift brauchen, weil du ein paar Sachen identifizieren musst, natürlich. Ja. Dann kommt Taking Flight. Das mit Yogi. Ja, da wird geballert. Also bei Yogi geht es immer nur ums Ballern. Nein, da hatten wir gestern kurz drüber gesprochen. Also das könnte tatsächlich auch so ein bisschen Exploring und sowas beinhalten. Also we launch into the next iteration of Star Citizen's fight experience and explore impending improvements for every aspect of space and atmospheric travel. Traversal. Combat and Interactions. Genau, das ist, und könnte sein, wegen Atmospheric Traversal, das wäre übrigens das, worüber ich gestern gesprochen habe mit den Flügeln, dass die Tragflächen erwähnen. Also Tragflächen-Tag. Das könnte da kommen, wenn, dann hat es damit was zu tun. Aber Combat ist vor allem im Yogis Bereich wahrscheinlich und Interaction. Ja, also ich gehe auch ganz stark davon aus, dass sie so ein bisschen noch zu Master Mods zeigen. Ja, Master Mod, aber every aspect of Space and Atmospheric Interaction, wenn du den Zwischenteil mal weglässt. Das ist ja sowas dann wie Docken oder zum Beispiel Boarden mit einer Legionnaire. Die Legionnaire wurde auch gestern gezeigt, die kommt in den nächsten 12 Monaten. Die wurde auch in den nächsten kommen. Hacking. Ja, genau. Hacking könnte Interaction sein, ja. Genau, das ist, okay, gucken wir uns das mal an. Dann Living on the Edge, dann kommt das, genau. Erstmal kommt eine Lunchbreak. Lunchbreak, ja, da hole ich mir einen Energy Drink. Ich auch. Dann mache ich mir bin ich fertig. Living on the Edge. We delve into the living conditions and environments of outlaws and settlers. Trying to carve out on extents beyond the safety of the UEE, mega corporations and other confines of 13th century society. Wenn ich das so lese, bin ich 100% dahinter, was Mabu gesagt hat. Weil gerade sowas wie Carve out in existence, das bedeutet ja, du machst dir dein eigenes kleines Reich und sorgst dafür, dass du da existieren kannst. Dazu gehört zwangsläufig Essen, Trinken und alle Sachen wie Bauen, Strom und sowas, ne? Genau. Also wenn das kommt, ich habe schon wieder Gänsehaut, ich habe eine Pioneer jetzt schon gekauft. Ist mir egal, ob Obstkuchen einer hat. Ja. Essen, Trinken extra kaufen,
Danach Kühe. kommt Destination Adventure. Warte mal ganz kurz, mal neues Inventory? Neues Inventory glaube ich Neues nicht. Inventory. Also neues Inventory wird nicht kommen, weil es wird kein neues Inventory kommen, solange nicht die Hangar da sind. Ja. Ich denke auch. Und das Inventory generell, wird ja irgendwann alles generell das physikalisiert. Inventory-System, so wie es jetzt ist, wird ja irgendwann weg sein. Genau. Ja. Ist so ein Platzhalter. Interaction Aber, mit Sachen, nein, sie hatten schon mal gezeigt, dass das Inner Sort, also wenn du F drückst, das hatten sie schon mal kurz im Inside Star Citizen vor 3 Monaten ganz kurz gezeigt, dass sie da auch gerade dran sind. Oder es war im SCL, also im Star Citizen Live, dass sie da gerade dran sind, dass das nochmal verbessert werden soll. Es ging dabei hauptsächlich darum, dass es auch immersiver sein soll, dass du halt nicht sowas hast wie einfach nur, egal was du anguckst, Pick up, Use oder Rotate oder so, sondern halt, dass du Sachen hast, die kontextuell mit den Sachen wichtig sind, sodass du zum Beispiel auch einen Mad-Pen angucken kannst und kannst direkt sagen, Use, dann nimmt er ihn in die Hand erst und haut ihn sich dann direkt ins Bein. Solche Sachen, das halt. Aber ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt haben, wie sie das machen wollen. Was sie gezeigt haben, hat jedes Mal Sinn gemacht. Ich weiß nicht, wie sie das machen wollen, weil du können ja nicht wissen, was du machen willst. Schon. Aber, ja. Schon, weil die sagen. Schon. Ich meine, Jared hat es gestern auch wieder gesagt. Wir, die Entwickler, wollen auch all das, was ihr wollt. Also, ne, die wissen ja, was wir wollen eigentlich. Ja, nee, das meine ich nicht. Ich meine, wenn du in der Situation bist. Ja, aber auch in der Situation. Wenn diese Situation gerade eintrifft, könnte der Spieler das oder das wollen. Also, ne, auch darüber denken die ja nach. Dass die nicht gut im Schießen sind, wissen wir jetzt. Ich habe übrigens gerade geschrieben, als Jared meinte, sag mal Happy Birthday, Jake, habe ich geschrieben, Bone say Happy Birthday, Jake. Aber sehr gut. Du bist weggebannt worden. Ja. Message deleted bei Moderator steht da. Ja, das war einfach ich. Genau, also Living on the Edge, das wird ein heißes Ding, glaube ich. Destination Adventure. From high up in orbit down to the surface of our planets and deep into the underground. We've delved into new interactions, missions, and gameplay and more coming to Star Citizen Universe on all levels. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen wieder Pyro zeigen. Was jetzt im Pyro tatsächlich alles passiert. Wir wissen, da kommen die riesengroßen Bauten, die unterirdisch sind und so weiter. Ich glaube, das wird jetzt nochmal in fertig gezeigt. Ich glaube, okay, ja, also das kann gut sein, dass also ich würde sogar sagen, das kommt, ich würde sogar noch eine Stufe höher gehen und würde sagen, das wird generell das Panel, wo sie sagen, was wir in Zukunft vorhaben, wo wir noch nicht so wirklich dran arbeiten, aber was unsere Vision weitergehend ist, zum Beispiel Pyro und Nyx und so weiter. Also weißt du, dass da Nyx auftauchen wird, als was noch nicht so ganz Konkretes und wo sie dann halt aber auch sowas zeigen, wie zum Beispiel, du sollst dann auch dann in Underground Facilities mit einem Rock reinfahren können und dann gibt es da Tunnel und dann gibt es außerdem vielleicht irgendwie sowas wie unter der Erde Monster oder so, weißt du, also Sachen, die jetzt nicht super konkret sind. Das, was sie bisher ja zum Glück auch weggelassen haben, weil sie bisher wirklich nicht nur Konzepte gezeigt haben, sondern eben aktive Prototypen sozusagen, wo sie gezeigt haben, das funktioniert so schon. Ich glaube, der Teil, wo es wieder mehr um Konzepte geht und was sie sich so vorstellen, das packen die in das Panel. Deswegen so wegen Ausblick von ganz oben bis ganz unten, was wir uns so vorstellen können. Ja. Und dann Closing Ceremony. Chris redet 15 Minuten, sagt coole Sachen und dann zeigt er den Trailer zu Squadron 42, der eine halbe Stunde geht, mit dem Datum, wann es veröffentlicht wird. Genau. Ziemlich sicher. Ja. Ich glaube das mittlerweile auch. Und dann kommt noch eine Party. Da fliegen wir kurz hin, hatten wir gesagt. Wir hatten ja gesagt, Achso. Die fängt ja erst um 7 an. Ja, 2 Stunden Flug. Das schaffen wir. Ja. 2 Stunden. Ja. Wir fliegen mit einer Zeus. Ja, eben. Wir haben doch mit Elon Musk haben wir doch gesprochen, der hat da so eine Rail. Ja, und SpaceX. Mit der fliegen wir da rüber. Und ganz schnell einen Zug hat er gebaut. Von hier nach da. Genau. Bullet Train. Oh. Mach uns klein. Wir sind schon klein. Hi, everybody. Hi. We made it. CitizenCon Day 2! How's my mic? Is this where you want it, Anthony? Is this good? We were given notes after yesterday. I apparently had the mic too far from my mouth, and Dan was like, so he said split the difference. So we're gonna see what we can improve today. Hi everybody, I'm Jared. I'm the creative content lead for Cloud Imperium Games and Robert Space Industries. And as I said, welcome to CitizenCon Day 2. As one astute user on social media put it,
yesterday we laughed, we cried, we doubled our dogs. On day 2, we're bringing a whole new slew of presentations for you to enjoy. But before we get to the programming of today, it's been 4 years since we've done a CitizenCon, a live event like this, and it may have gone under the radar with the pandemic and missing a year. This is actually the 10th anniversary of CitizenCon and the 10th CitizenCon we've done. So I wanted to take some time. Here on the pre-show, where I can do pretty much anything I want, and shout out some of the pioneers who came before us to make this event what it is today. So CitizenCon actually started, the very first one was back in 2013, back in the Alamo Roadhouse in Austin, and it was the brainchild of Sandy Gardner, Ben Lesnick, and Pete Mackey. Now, it was in a little theater. Down in downtown Austin, and it was, for some, it was an excuse to watch the Wing Commander movie in front of a crowd and in a big theater. But for others, it was the birth of our annual convention and the introduction of Aaron Roberts and the Foundry 42 team at that time to the CIG family. It started out small, had some humble beginnings, but over the years, it's evolved into this massive undertaking that we have this year. In 2014 and 2016, CitizenCon was here in Los Angeles at the Avalon Theater, just in downtown. At 2014, we introduced the vision for the persistent universe, which was not yet playable. Arena Commander had only come just earlier that year. And in 2016, we followed up on those procedural planets with a visit down to the planets and the introduction of the Sandworm. And Sean Tracy, if you're watching, when my Sandworm, man? Can we hear it? When my Sandworm, man? Is that getting He goes on stage in the present? first presentation. He's probably not happy right now. Between those 2 years in LA, we took our first trip to Manchester and the, what was it called? The Runway Visitor Park, which was presented underneath a glorious Concorde, fantastic aviation craft that our chat users at the time really thought we had built a giant spaceship for this stage. I can remember sitting in the chat and going, no, that's not a spaceship. That's the Concorde. Get a calendar from 1988. It was like January. 2017 was where things started changing. 2017 was where we started to adopt the format that you see here today. It was our first trip to Frankfurt in the Avalon Theater, where we started breaking apart multiple presentations, multiple teams. We started really diving into the depths of Star Citizen's development. After the first several years of building up, having to build 4 studios around the world and lay the groundwork, CitizenCon had evolved to becoming the true showcase that it is today and showing you as many different aspects of our development as possible. But it reached its final form in 2018. Going back to Austin at the Long Convention Center, Long Center in Austin, that's where CitizenCon exploded. 2 tracks, 2 competing theaters of presentations, the mocap stage. We introduced the Xi'an language, which changed Chris Harrow's life forever. Shout out to Chris Harrow if you're watching. And then in 2019, the biggest CitizenCon we had at the time back in Manchester, which parallels what we're doing today. Huge screens, huge exhibitions, huge panels, huge discussions, huge reveals. I'm sure we all remember that Carrick trailer. Yeah, that was a pretty big one. Also, it was a Carrick ice sculpture that didn't melt all day. So I lost $50 on that. I got 5 minutes? Oh, cool. Sorry, the person in my ear. Guys, I've never done a day 2 before. I'm running on fumes. How are you guys feeling? I do want to take this time, so like I said, CitizenCon started from humble beginnings, the birth child of Sandy, of Ben, of Pete Mackey back in the day. It's evolved over the years with many stewards, Eric Kyron Davis, David Roth, our stewards this year. They're gonna hate me for shouting them out. Leah and Tyler, please give them a huge round of applause for Leah and Tyler, who have driven this year's event and made it everything that you guys hear live and in the theater have seen. Hall B,
Jeez, I hope you've seen Hall B during the interstitials between the panels if you're watching from home. Lee and Tyler have kicked the ball out of the park. I mixed my metaphors there. I wonder what I'm going to be like at the end of the day. Let's go into the day's programming, shall we? So in just a few minutes, at the top of the hour, we've got Ian Leyland, Sean Tracy, Forrest Steffen, and Sean Tracy again for character advancement. They're going to show you some of the latest advancements in our character tech. You saw, and Andre. Don't want to forget Andre. You're going to love Andre. Sorry, Andre. You saw a little bit of it in the Star Engine presentation yesterday. It's going to explode. And they're going to show you the full potential of that work for the star hair and the star cloth and the facial stuff and the clothes stuff. You're not going to want to miss that. Life in the first person is a look at the first-person existence in our Star Citizen's first-person universe. It's not just FPS combat, it's how you interact with the universe around you, and a lot of improvements I think many of you are going to appreciate. Then Taking Flight, Yogi and Diego and Inez and the team there are going to be here for another live demo where they play the game and show you the amazing master mode and flight changes that have come from their work on Squadron 42 that are being brought over to Star Citizen. We're going to break for lunch again. 2 o'clock. Get your lunch. It's a long day. Then finally, two-part environment and gameplay summit here with Living on the Edge and Destination Adventure, where we're going to go through a bunch of the new locations that are coming to both Stanton and the Pyro system. You're going to want to check those out. And for those who are here, be in your seats. If you have a chance to be anywhere, be in your seats as those presentations progress. I can't tell you why, but you'll thank me later. And then, of course, at around 5 o'clock thereof, timings, Chris Roberts will return to the stage for his closing remarks, his closing ceremonies, and you're not going to want to miss that. So that's our day's festivities. With that, I'm going to throw it over to Dan. He's back in Hall B. Dan, I hope you have more energy than me. Take it away, buddy. Thanks, Jared. It's good to see you guys back at CitizenCon Day 2, CitizenCon 2953 at the Los Angeles Defense Center. So many awesome things yesterday. We saw the server meshing panel. We saw people experience Pyro for the first time. We saw the community booth behind me, which we'll get to in a second. So many awesome things yesterday. I remember it like it was yesterday. What's that? We don't have the graphics budget for the extended flashback sequence. We have to move on. Okay, we're moving on. Well, welcome again. My name is Dan Haubrick. I'm the community producer here at CIG. Welcome you all to the show floor here at Hall B of the Los Angeles Convention Center. We have so many awesome things to show you guys today, whether they be community booths, we'll be talking to content creators, we'll be talking about JRDF stuff, or, things will go long and maybe we'll talk about some of it. Who was that strange leprechaun of a man? So many colorful characters here at CIG. Sometimes I regret being his producer, but there's no job security otherwise, so I guess here's where I am. At least he makes it easy for me. So here we have the community booth. Here we have the community booths. We're going to get right into it. Follow me this way. We're going to go right into the corporation. We have some people here now talking to the corporation. Excuse me, guys. We're going to have a quick chat with the corporation if you guys don't mind. Welcome, everyone. This is the corporation. Now, these are one of the biggest orcs in the game. They're friendly to newbies. They have this really immersive scavenger hunt, so we're going to get into it. Welcome, guys. So can you tell me, what's the main focus of the corporation? The corporation is a friendly environment for people to have game sessions regularly, to have a good community, to encourage more people to play Star Citizen, and for us to explore all sorts of sessions, that everything from racing to combat to just creating a better environment for Star Citizen players. And we look forward to its release so that we can have a wonderful exploration of the universe. Awesome, that's a great answer. So I hear you guys have a really immersive scavenger hunt you guys are doing for everyone on the show floor. Can you guys tell me a little bit about the scavenger hunt you guys are doing here at CitizenCon? So the scavenger hunt is right here. I'm sure a number of you have grabbed some of the beads that we have, and if you are managed to find someone and trade with them to have 3 of the same color, we are entering you in a raffle for a vulture tonight. As well as a raffle for our Pyro plushies, and a couple other little surprises if you come by and say hello.
Well, guys, be sure to come by and say hello. The Corporation are, again, one of the oldest orgs in Star Citizen. They are a staple of the game, and we're so happy to have them here. If you guys are wondering, these community booths are all different orgs that represent a variety of facets of the game. Each of them brings something new and unique to the table, and it's why they are the backbone of the show floor here. They help represent the community, which is you guys. Now, here we have Equinox. What's up, guys? Hi, I'm looking for you. How's it going, man? So, you guys are focused on these massive immersive LAN party events. I mean, if you guys haven't seen one of these Equinox events, they are amazing. If there's one in your hometown, you'd be fools to not check them out. We sent CIG folks to them this year. They had an amazing time. So what are you guys doing here on the show floor? What are you guys talking about? So here we want to make the next LAN party. Warum haben alle großen Orgas eigentlich irgendwie einen Vertrag mit Tobi oder irgendwie VKB oder so? Was ist der Mehrwert für die Firmen da? That's what the Lego model is here for, to help bring attention to it. It'll maybe at the next event. We have Vanguard there. Das ist ja kein E-Sports-Unternehmen. Das ist einfach ein Clan. Yeah, let's talk about this Lego sculpture. So this is an Veranstalter awesome Lego sculpture that Ja, you guys made. aber First off, die anderen ja where nicht. was this during Battle of the Bricks? And second off, how long did this take you guys to make? This is amazing. The first question is, I just built this 19 days ago. And for Battle of the Bricks, I built a Scorpius and took an updated version to last LAN party at the Equinox. What was the other question? How long did it take to build? Yeah, how long did it take to build? About 120 hours in 19 days. So that's like, an average session of Star Citizen sometimes, yeah. So no gaming at all. So I think you answered it a little bit, but what can people expect from Equinox in 2024? Equinox, you bring your own PC, a lot of computers to pick from, big swag bags, and a lot of giveaways. Yeah, any cool events that you're able to tell us about for 2024? You mentioned the June one. Is there anything else you guys are doing? Like activities during the event. I don't think we have anything pegged out specifically yet, but last time we had racing, PvP, fist fighting in a Origin jump, or 890 jump. Just some rich people boxing. You love to see it. Well, thank you guys. If you guys are here on the show floor, again, come check out Equinox. Come check out this Lego sculpture. It's the coolest thing I've seen in probably 5 minutes. I have a very short attention span. We're going to be making our way now over to the Walkers of Sigma. Now, these guys are the forefront security org of Star Citizen. These guys provide security for major events like the Daymar Rally. They are the forefront runners, like I said, of security. So how's it going, guys? Happy to be here. Happy to be here. I love that. So how do players or other orgs go about requesting security from you guys? What's the process for getting the Walkers of Sigma to be security? Sure, absolutely. The best way to get a hold of us is to join our Discord. You can go stop by our booth and pick up a business card where you have our Discord link on the back of our card. Let me see that. That looks so cool. Look at that. That's actual wood. Is this laser engraved? Yes, sir. Laser engraved. That's awesome. This looks phenomenal. That's cool. Look at that. Here you go. I'm going to have you hold that for a second. So what's it like running security for things like Daymar? Obviously, that's a huge operation. There has to be so much that goes into it. What's it like running security for it? So running security can be both very stressful and also at the same time a little boring. You're going to have some of those servers, you're securing roughly 15 different servers for something like the Daymar Rally. So some servers might not see any action at all, and you're just kind of sitting there hoping and cheering on your favorite racer. But there are other servers that can be super chaotic and are non-stop bombarded by outside forces. And those are the ones you really have to keep your eye on. Make sure they have enough people to secure as many people Interessant, weil ich habe doch neulich mal gesagt, lass mal die Daymar Rally überfallen. Die haben tatsächlich Security da. Finde ich interessant. Walkers of Sigma to help make it all possible. Dann macht das ja noch mehr Spaß, die zu Kind of überfallen. last question. Jared and other people have been harassing me throughout the convention. How do I get you guys to follow me around? I actually have one of my best guys here. This is our combat branch officers. He's going to keep you nice and safe. All right. Well, I now feel safe and secure. Come follow me, guys. I got a big bodyguard now. I feel on top of the world. We're finally going to end our community booth segment. For now, we're going to go to other community booths later today. We're going to end on Asus Republic of Gamers. Now, we talked about them yesterday when we were over at Pyro. These guys are the forefront, using that word a lot. These guys are the precedent makers of gaming technology, whether they're monitors, accessories, etc. Star Citizen people alike know that Asus means quality. So I'm going to talk to some people over here. Hi, guys. How's it going? Hi, how are you? Doing great. So I don't know if you guys know this. Every single monitor in the LA studio is an Asus monitor.
Like, we love you guys, and I think the same is probably true for the other studios. What kind of stuff do you think people can expect from Asus in 2024? So actually, we do have some new products coming out in 2024, and actually towards the end of this year, we do have this beautiful OLED that's coming out. Let's take a look at that really quick. Wow! Dang, that is a nice monitor. Look at Als that. ob ich den schon gesehen habe, weil ich verpartnert bin mit... Yeah, that's going to be some quality. So you Yep. guys have that coming out in 2024. Anything else players can 240 expect? Hertz hat die Kiste So we übrigens. actually launched our C790 OLED. refresh motherboard as well. That's compatible with the 14th gen recently. Yeah, that's pretty much it we have this year. Hab schon gefragt, ob That's ich, gonna ob be ich den amazing. vielleicht And, gestellt my final bekomme. question, what was it like to bring Pyro to people for the first time? I think it's great. I actually hope everyone enjoyed the peripheral and the monitors that we provide to you guys. So yeah, it's a great experience working with you guys too. Yeah, everyone I talked to had a great time. Well, I think that's all the time we have. I'm going to cut it back to Jared. You guys are going to see some awesome presentations today. We'll see you back here on the show floor later. Until then, stay safe and see you in the verse. Thanks, Dan. I'm here in the hallway audience. How you doing, everybody? I've not spoken one word to this individual next to me. Hi, individual next to me. Who are you? Hello, Jared. My name is Jack. Hey, Jack. What do you do in the verse? Salvage. Do you like it? I love it. Are you good at it? I'm good at it. Das mein Typ. Humble sort, huh? Very. Would you say you're the humblest person you know? Possibly. Could there be someone more humble than you? Probably. Never mind. All right. Beste So Interviewpartner yeah, so ever. a couple more housekeeping things. As Dan said, Asus is one of our amazing partners here to make this event possible. We also want to shout out our teams at IX Systems. They helped build the amazing server technology that we're using in the Pyro Playground. We are not connected to the internet. We have our entire environment replicated here. It's back there. You should go check it out. Talk to those guys there. What Ahmed and that team at IX has done is fantastic, and they've allowed us to run the Pyro Playground at 60 frames a second with the best server stuff Nennt sich possible. It's like, Beamer, we're all Mabu. like, oh, this is what's possible with this game. It's really exciting. I also want to shout out OLED BKB, who have been amazing at helping us with the control surfaces for the Fight or Flight exhibition going on at the Atmo booth. Be sure you go by there and check that out. And then, of course, CLX. The custom computer maker who made all 150 computers for the Pyro Playground, the 2 computers that are operating on stage, the box that's running this live stream right now. I can be out here, it's there, I don't have to worry about it. So thank you to all of our partners, and I feel like I'm missing one, and I expect to hear about it from Tyler later on. I didn't bring my cards. So, yeah. You know, when do we start? We start at 11? We got 5 minutes. How should we fill the time? Ping. All right. Okay. So here's what we're going to do. Back in 2013, we attempted to sing Star Citizen Happy Birthday. And at that time, there was a weird legal kerfluffle. It was believed that the stream got muted because we sang Happy Birthday on stage, and Twitch automated content said, no, don't. It's our birthday. It's a little late. It's also Jake Acapella's birthday, so if all of you would join me in a rousing edition of Happy Birthday, we're going to test the stream gods. Das ist so witzig, weil er fand so scheiße, als wir ihm All right, gesungen haben. everybody. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Birthday, dear Star Citizen. Happy birthday to you. Kann so gut singen, das ist der Hammer. 1,
right. With that, we're going to take a break. Hang out, get your last drinks, get your last snacks, everybody. The show's starting in about 10 minutes with our character advancement panel right there on stage. So stay tuned. If you like day one, we've got more to come, everybody. Take care. See you in a bit. Ich muss mal kurz die Kamera ausmachen. Das heißt, mein Bild verschwindet wahrscheinlich, aber das wird gehen. Geht schon los? Was? Achso, er redet gar nicht mit uns. Ich mute mal kurz den Tobi, bis er wieder da ist. Er hat sich nämlich nicht gemutet. Deswegen habe ich ihn jetzt gemutet. Ja, oder ein Fernseher, Mabu. OLED-Fernseher. Gibt's ja auch. Aber mein nächster wird tatsächlich so ein OLED. Ach, da ist der Tobi wieder. So, jetzt können wir wieder. Genau, da tauche ich einfach wieder auf. Können wir ihn auch wieder So. entmuten. Hallo, Tobi. Und? Hallo. Bist du jetzt nervös? Ja. Ja. Ich auch ein bisschen. Jetzt muss ich gucken. Ich habe auch ein bisschen Bock gerade. Und hallo an das Publikum auf YouTube. Hallo. Und auf Twitch. Hallo. Das wäre mein OG Swift OLED PG 27 AQDM. Ja. 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 Also ich werde tatsächlich, weil ich habe ja von Asus auch die In-Ears bekommen. Die Cetra. Und ich habe ja da einen Ansprechpartner und ich werde die mal fragen, weil für Star Citizen braucht man halt so einen Monitor. Den muss man halt auch mal getestet haben. Ja. Und deswegen werde ich da mal ganz frech sein und nachfragen, wie es denn aussieht. Denn so ein Monitor ist schon wichtig und richtig zu besitzen. Und ich möchte keine 1900 und ein bisschen Euro dafür ausgeben. Keiner macht heute die T-Pose. Was ist da los? Machen die, glaube ich, wieder am Schluss. Hm. Jetzt sind alle auch zu nervös. Sie wollen lieber sitzen, sonst Ja, fallen sie haben um. sie gestern auch gemacht, als die Kamerafahrt am Anfang kam. Am Anfang? Das war am Ende die. Nee, haben auch am Anfang gemacht. Am Anfang auch schon, ja, okay. Ja, doch, stimmt, doch. Ich erinnere mich, dass einer reingeschrieben hatte, T-Pose Crew. Mhm. Der Lupus, glaube ich. Mhm. Die Namen sind so geil. Ja, ist wirklich so. Also so, hey, ich hab das und alle anderen so, ja klar.
klar. Und ein Schlaganfall. Also Das Schlimmste ist ein Sony-Namen. Wenn du dir mal anguckst, wie so Sony-Kopfhörer heißen. ja, das stimmt. Das ist keine Ahnung, was die sich denken, anstatt dass sie den Dingern einfach einen normalen Namen geben. Heute sieht das Publikum, da ist Brian, hi Brian! Heute sieht das Publikum nicht so aus, als würden die den Release von Star Citizen nicht mehr mitbekommen. Gestern war das tatsächlich so, die haben so eine Kamerafahrt da durchgemacht und ich dachte mir so, nein, du nicht, nein, du nicht, nein, du nicht und du auch nicht und du auch nicht und du auch nicht. Aber der hat den neuen Pulli schon an. Den finde ich geil, mit dem Banu drauf. Ja, kannst du ja auch selbst machen. Machst einfach, nimmst ein Star Citizen Logo und dann klebst du dir irgendwelche Zeichen drauf. Versteht eh keiner. Die Sprache ist eh komplett erfunden. Wie alles in Star Citizen. Ja, Drake. Warum hast du kein Drake-T-Shirt? Warum machst du das so? Echt mal. Shitshow Supervisor finde ich cool. Das finde ich gut, ja. Keine Deutschen da. Mann. Nee, also ich glaube, da sind ein paar. Ja, ich weiß von ungefähr. Wow. Ich weiß von ungefähr 10 Leuten, die da sind. Ich habe es gestern schon gesagt, ich sag's auch gerne wieder. Ich finde es schade, dass der größte deutsche Streamer und YouTuber nicht da ist. Weil das ist schon ein bisschen Armutszeugnis, dass man lieber die Views generieren will und die Kohle einstecken will, anstatt bei diesem Event dabei zu sein, wenn man so einen Impact auf das Spiel halt hat. Weiß ich nicht. Aber, naja. Soll der Patrick wissen, wie er es wissen will oder so? Nee, jetzt nur noch beim echten Namen. Ich glaube, der heißt so. Was ich mich noch gefragt habe gestern, wir dürfen ja bald höchstwahrscheinlich Pyro spielen. Ja. Wird das ein NDA haben? Der bei Boss am hier. Ich tippe nicht. Also ich vermute, dass das einfach dann so ist, dass du halt, wenn du Zugang bekommst, gehst du rein und dann spielst du so wie jeden anderen PTU auch, also den normalen PTU. Meinst du es? Ja, meinst du? Okay. Es kann sein, dass ich am Anfang eine Evocati-Phase gibt's ja nicht. Gibt's ja keine. Ja, also nee, doch, es kann schon sein, weil ab dem 31., also es müsste dann halt bald sein. Ja, die Evocati-Phase müsste ja dann heute losgehen quasi. Genau, das müsste im Prinzip jetzt sofort nach der CitizenCon losgehen oder so, dass sie dann sagen, ab jetzt dürfen Evocati schon drauf eine Woche. Aber ich glaube nicht, dass sie das brauchen, weil so, wenn ich es richtig verstanden habe, wollen sie da einfach das so lange laufen lassen wie möglich. Mhm. Ja, es macht halt, ja, weil es Hotdogs im Spiel gibt. Es macht halt Sinn, dass sofort in Anführungszeichen alle drauf können, weil ansonsten sind die Leaks zu groß. Genau. Macht ich halt denke auch, Sinn. Die wissen es selbst, dass es nichts bringt, da eine spezialisierte Gruppe drauf zu lassen. Du fragst, warum sie ein Hotdog ist, er ist ein Glücksbärchi. Er ist ein Glücksbärchi. Der hat gerade eben bei der Corporation hinten reingeguckt in den Stand. Oh Mann. Vielleicht ist die nächste CitizenCon in Frankfurt. Ja, ich glaube eher, dass die im neuen Gebäude in Manchester, also in England ist. Ja, ich habe gerade eben, wo er das so gesagt hat, auch gedacht, es wäre cool, wenn sie mal wieder einen in Frankfurt machen. Da wäre ich sofort. Ich bin, also wenn die in EU ist, denke ich, bin ich da so oder so. Also den Flug von einer Stunde, ganz ehrlich. Ja, der Flug von einer Stunde kostet 40 Euro, ja. Aber nach LA kostet halt 2000 Euro. Das ist halt, kann ich mir nicht leisten. Nicht für 2 Tage. Da war der neue Rechner zu teuer. So. Ich calle, heute kommt die BMM. Einfach nur, um Rage Guy noch mal ein bisschen wütender zu machen. Ich finde das wichtig. Ich finde, es ist wichtig, Rage Guy noch mal ein bisschen... Ja? Ladies and gentlemen, please welcome to the stage the person who forgot to create himself an intro, Disco Lando! Woo-hoo! He also had caffeine in the last 10 minutes. Welcome to CitizenCon Day 2, everybody! Are you pumped? Was ist denn mit ihm los? Are you psyched?
Das war kein Kaffee, der hat sich ein Energy aber Have you woanders eaten reingehört. 2 dogs? Get in your seats. It's about to start, ladies and gentlemen. Welcome to day 2. I'm not going to take up any more of your time. Up first, character advancement with Ian, Sean, Forrest, Andre. Give it up. Bone, start the show. David ist so geil, ich liebe den Mann einfach. Das ist so gut. Das ist einer der besten Entertainer in der Szene. Ist einfach. wirklich so. Es ist Hello der there. Hello there. Hey everyone, it's so good to see you all again in person. Thanks for coming out. So I'm Ian, I'm the art director for Star Citizen. We're going to kick off the first ever day 2 of CitizenCon by talking about some of the awesome work done by the character team. All right. So first let's talk about life in a frontier system like Pyro and how this influences the character designs. So we wanted to create something unique compared to what we've seen in Stanton already. We wanted to give a wider visual palette and a feeling of historical age between the different solar systems. So this chart describes the fashion pillars for humanity. We can see where all suits, armors, and fashion items should belong. In terms of material use, manufacturing technology, and novelty. So you can see Earth fashion on the left, Terra fashion on the right, and frontier fashion right in the middle with a little bit of overlap of Earth. So essentially, frontier fashion is function over form. They are repurposed and repaired, and generally are misfits rather than sets. Outfits are purposeful by having storage solutions. This implies survivability along the frontier. Okay, let's take a look at some of these assets in the game. Geht gut los. Hey, Grauer Wolf. Grauer Wolf für dich nochmal. Ausrufezeichen SC. Jetzt ist ein Referral-Code da. Also, ne? Kriegst 30 € geschenkt, wenn du es dir jetzt kaufen würdest, weil wir drüber gesprochen haben. Und du hast ja einen Account schon angelegt. Die Klamotten sehen schon geil aus. Ist direkt ein ganz anderes Feeling zum Reinkommen als gestern. Das ist Wahnsinn. Das sind die Goodie-Klamotten von der CitizenCon. Ja, das ist das Outfit. Okay, awesome. So hopefully you guys that played Pyro Playground, you will have seen a few of those assets being showcased. So as we saw from the video, pouches and storage are a key part of the frontier aesthetic. This drives the feeling of survivability. But from here, we thought it'd be really cool to give the functionality, but also some customization options. So let's take a look at a video we just developed internally
And this is for modular storage items on the player. Okay. Ja, Das Obscure find ich hat ja geil. gesagt, es gibt keine wirklichen Sets, sondern eher so Flickwerke. Ja, vor allem Klamotten selber konfigurieren, Ja. das ist top. Ja, es wird für Spenden auch noch übernommen, 100%. Ja, klar, für alles, aber das ist... Wie geil ist das? Crafting. Mhm. Den Code hast du schon eingegeben, Grauwolf. Du hast ja schon einen Account angelegt. Wenn du jetzt das Spiel kaufst, dann kriegst du den Referral-Bonus obendrauf. Und zwar einen Hoverquad, was 35 Euro wert ist. Nee, guck mal. Na, ist halt geil, anstatt so einen riesen Rucksack zu haben. Einfach viele kleine, das ist so gut. Ey, vor allem, was das wieder möglich macht, du kannst dann die Klamotten, die du dir zusammengebaut hast, irgendwo in den Schrank hängen und je nachdem, welches Outfit du dir anziehst, hast du verschiedene Konfigurationen von Taschen, in denen verschiedene Sachen schon drin sind, weil du die da drin lassen kannst, so wie das da. Ey, was... Die sind aber sehr, sehr klein. Sehr, sehr klein. Ja, klar, es sind halt nur Pouches, aber es ist ja das Coole daran. Du siehst halt aus wie so ein, ne? Ja, und du hast ja zusätzlich noch den, also das sind ja Klamotten, das ist ja keine Rüstung. Ja, klar. Das ist das Fette. Klar, das ist, genau, du hast endlich bei Klamotten Pretty cool, noch Platz. right? So I think this will provide loads of customization options in the future. We're super happy about that. So we also created some extreme weather costumes for frontier locations, and these also follow the same mismatched and repurposed design aesthetics. Geil. Richtig geil. Now we've also been focusing on achieving a higher visual benchmark. So this is all driven by our new Layer Blend V2 shader and its texture library. And we focused on more consistent wearing between 0 and 100% values. So to showcase this, let's look at a quick example asset. Wie geil, einfach alles in Videos heute, ey. Dieser Layer ist das, was sie auch ganz viel eingebaut haben bei der Santokiai. Mhm. Ja. Das sieht geil aus. Naja, Mabu siehst ja hier direkt. Ne? Also es sind drei unterschiedliche Helme, die du schon nutzen könntest. Sehr geil. All right. So as we saw in the video, the insides of the helmets are looking fantastic. Now this is us getting them ready to animate with put on and take off. Nice. Mega Das gut. gab's schon mal, aber das hat nicht so gut ausgesehen und dann haben sie es weggemacht, jetzt ist es wieder da. Das ist gut. So in summary, Frontier Fashion is expanding the visual design palette for humans, giving a more credible feeling of age and history when you travel across multiple solar systems. All right, now let's talk about something different. Now we're going to talk about some of the gangs in Star Citizen. So, Ninetales have been one of the main gangs in the game. So far, over 105 million have been taken out by you guys. Die Hälfte von mir, ich will es nur gesagt haben. So you guys have been busy. Great job. All right. So it was like, all right, now we're going to need to introduce a few more factions to the game, okay? So the first faction we're going to talk about is Rough and Ready. So the aesthetic of the gang was to be subtle. They're understated in terms of clothing, and they almost blend into their environment. On closer inspection, you'll notice their tattoos. These signify rank and progression within the gang. Let's take a look at a quick video. Das ist so eine gute Idee. Für eine Orga auch mit Tattoos. Ja, das finde ich so geil, weil die haben ja das Rest-Stop, das heißt eigentlich Rest and irgendwas, Rest and Repair oder so ähnlich. Und die haben es einfach genommen als Rough and Ready. Ja, Mabu, ich glaube, das sollte aber auch irgendwann noch kommen, dass du es so kombinieren kannst. Ja, vielleicht so das im Moment nur der Container, wo die Rüstung eingehängt wird. Alter, ich hoffe, man kann sich seine Tattoos selbst machen, außer die Time to Penis. Die sollte man vielleicht rauslassen. Aber wie geil wäre das, wenn du eigene Tattoos von deiner Orga dann da reinmachen kannst?
geil sieht das aus. Neue Frisur für Frauen. Nice. Der Melaninfilter, der von der Haut ist krass. Das ist dieses unter der Haut ist, also in der Haut ist. Absoluter Wahnsinn. Da siehst du es mit den Poren drüber. Mega geil. Mega geil. Ich weiß nicht warum, aber es erinnert sofort so ein bisschen auch an Cyberpunk, oder? Ja, auch die Musik. Das ist so ein bisschen, glaube ich, Absicht auch. I think they look absolutely fantastic. Okay. So the rough and ready can be found in some of the space stations around Pyro. Now the tattoos, like I said, the tattoos form a progressive design. This illustrates the hierarchy within the gang. As a player, you'll be able to earn these tattoos and apply them to your character. Geil. Du gehörst so quasi zur Gang, wie cool. Okay, cool. The next gang we're going to talk about is Headhunters. So this gang is also located in Pyro, but offers a completely different frontier aesthetic. Ich weiß, wie Mabu bald aussieht. More of a wasteland vibe with lots of personality, and this will translate into the behavior types. Now this gang is currently in production, but let's take a quick sneak peek. Tattoos sind wahnsinnig gut. Oder das Shading. Bei denen sieht man ja Shading sogar. Die anderen waren nur so harte Linien. Das hier sind richtig geschadete Tattoos. Wie geil das aussieht. Ja. Wieso, Mabu? Ich kenne dich. Aber ich glaube, so werden 90% aller Spieler rumlaufen. Wenn es Neues, ja. Aber ich glaube, irgendwann, wenn dann wieder irgendwie neue Future-Tech-Rüstung oder sowas kommt, dann holen sich die meisten wieder die Bösen müssen alle so aussehen dann. Okay. Weil das ist ja böse. Ja. Ja. Das ist genauso wie jetzt alle Bösen rot sein müssen. Rot-schwarz. Ja. Das ist halt immer so ein Ding. Ich bin böse, guck mich an. Die Tattoos sind mega schön, ja. Wenn jetzt in diesem Videoabschnitt noch Facial herkommt, also Bartwuchs, dann klatze ich, glaube ich. Super schöne Tattoos. Ich will dicke Bäuche. Ja, das sind die Wüstenmenschen. Okay, so cosplay competition next year. I can't wait to see what you guys come up with. All right. All right. So they're looking awesome. Now the last gang we want to talk about is Dusters. So Dusters are a criminal gang specializing in mining-related crimes. Die habe ich neulich irgendwo Now umgeschossen internally, I love also the original Desert Nomad armor. You can see him here, right? Now I wanted to use it as a starting point to establish the Dusters design language. So here we can see. Den Legendary will ich haben. Das wie sieht gut ja das einfach aussieht. gut aus. Aber ich glaube, das liegt hauptsächlich an dem So Cape. here we can see the Dusters gang lineup, showing armor leveling and rarity. So as a player, you'll have horizontal armor progression. This will define your role and playstyle. Then you'll have vertical progression. This is your progression within that role and playstyle. Hey, Berlauch. For example, a common bounty hunter armor set will be weaker than a legendary, and as armor progresses in strength, it's harder to acquire. So harder missions, rarer drops, higher reputation. Now, as we're talking a little bit about armor sets, let's recap a little. Eine So Sache the direkt. goal
is that players should consider which armor to equip Makes sense. based on the role they wish to fill and the scenario they're heading into. There will be also greater differences between the current armor types. So light, medium, and heavy, and this will be in protection and mobility. New armor categories will be combat, specialist, utility, and support. Nice. Das ist wirklich gut. Sehr geil. And these will define the type of items that are quickly available on the slots of the suit. There will also be additional functionality to assist in your chosen role. A matrix of armor type versus category will provide a variety of roles, with each providing best-in-class benefits. Geil. There will also be hindrances to out-of-role gameplay. For example, if you're wearing a heavy armor set and you're trying to fly a little snub fighter, you'll have restricted visibility and less vehicle control. Finally. Das finde ich cool. Finally, ja. Dass sie nicht sagen, es ist komplett ausgesperrt, sondern es ist halt schlechter. Ja. So in this scenario, like a flight suit armor type with resistance to milder G-forces would be preferred. Okay. Sehr, sehr geil. So as we saw in Ali's presentation yesterday, hygiene simulates and tracks the accumulated effects of a character going unwashed for any length of time. Dafür ist Schwitzen wichtig, stimmt. Poor hygiene can lead to disease, lowered health, and snarky comments. Hygiene decays faster if a character becomes dirty or wears dirty clothing or armor. Geil. And visual effects are going to be displayed on the character's skin, such as blood, sweat, and dirt. Certain usables, such as a shower, will reset the character's hygiene and clean away all of those dirt effects. So let's keep clean. Yeah. Sehr geil. Jetzt nur noch kacken. Okay, so that covers a quick recap on armor sets and hygiene. Let's get back to a video showcasing the dusters. Ganz kurz, weil eben hatten wir die eine Rüstung gesehen, wo wir gesagt haben, die ist geil, dann hatten wir die andere Rüstung gesehen, die ist geil. Die sind ja unterschiedliche Gangs. Das bedeutet, du musst dich am Anfang auch ein bisschen entscheiden, wo will ich Reputation farmen, um auch besser an so eine Rüstung ranzukommen. Was Ja, ziemlich oder geil ballerst ist. alle um und stellst es jetzt zusammen, wie du willst. Ja klar, aber trotzdem, ne, macht es ja Sinn, wenn ich in dieser Gang einen höheren Reputation habe, dann kriege ich eher die Legendary-Rüstung, als Ja, wenn ich stimmt, jemanden ja, suche, der die vielleicht gerade mal trägt. So. Aber das ist, also Hygiene habe ich komplett vergessen, ne? Ich habe immer Relax und so, das habe ich immer mit drin gehabt, aber Hygiene habe ich komplett vergessen. Super geil, dass das jetzt auch schon Teil des Games wird. Ja, aber deswegen habe ich schon bei so vielen Schiffen gesehen, wurde mich gefragt, wo Leute gesagt haben, oh, das ist ein guter Daily Driver, wo ich so dachte, ja, aber da kannst du nicht essen und nicht duschen zum Beispiel. Also das vergessen halt viel. So Bett ist alleine reicht halt nicht. Im Moment ja, aber Da achte ich tatsächlich halt immer drauf. Also bei Daily Drivern achte ich immer auf Dusche und Klo. Ja, aber ich vergesse tatsächlich immer wieder, dass das ja auch ins Game muss. Was Berloch gerade sagte, stimmt, der Ivanov wird nicht wissen, der wird jeden Tag in einer anderen Rüstung rumlaufen. Ja, weil die alle böse sind. Böse Rüstung. Wenn die dann noch rot und schwarz sind, dann geht's richtig los. Devanov ist auch der Typ, der dann halt wirklich irgendwo auf dem Planeten für 8 Stunden am Stück campt, weil er auf irgendeinen NPC wartet, der unter Umständen eine legendäre Rüstung davon hat, weil er die Schultern von denen will oder sowas. Weil das gut aussieht. Und dann kommt ein 30k und alles ist weg. Kann ich Artimex bald wieder kaufen? Es gibt gerade die Kanuto, kannst du gerade kaufen, indem So du... you'll be able to find the dusters in a nomad scattered host. around various derelict settlements and wrecks in Stanton. And the dusters will be available Q4 this year. Oh. Stanton ist das auch wichtig. Ja, macht ja Sinn. Damer ist And ja with Süd- that, I'll hand Wüste. you over to Sean Tracy. You guys have been awesome. Enjoy the rest of your show. Schauen. Hello, Yes, it's everyone. Den mag ich. Der ist immer so relaxed.
Ja, das ist aber das All right, Jared so gerade I'm gesagt hat Sean mit dem Tracy. Sandwurm. I'm the Senior Director of Tools and Tech Content here at Cloud Imperium Games in Los Angeles. In jedem Star Citizen Live sagt er aber irgendwas, ne? So today I Was er want to nicht talk sagen soll. about Starcloth. And Starcloth was initially unveiled at a previous CitizenCon kind of in an early stage. So it's now rolled into full production and it's used in both Squadron 42 and Star Citizen. So it's going to be seen on more and more assets like some of the great art that you just saw. So what's really cool about it is that it's unified with the physical world, whereas before it wasn't unified and was based completely on character Vor movement. vielen Leuten kann er Now, nicht it's so gut. faster than the previous cloth setups, and in the end, it just looks a whole lot better. So Schnell durch. today, I'm going to cover some of the tech, the pipeline, and we'll see some results. Gott, So let's redet er get schnell? and see it in action. So schnell habe ich den noch nie reden hören. Der ist so nervös, heilige Scheiße. Ich habe auch gerade die Geschwindigkeit so hoch eingestellt. Das ist die Idris übrigens von innen. Ja, das ist ist der die Idris Idris von Hangar. innen, ja. Und da war gerade Cloth ein is hard. Skin für die Guys have Imperium. to run upstairs, they have to crouch, they have to prone. It's got to collide with the environment. Wo ist der And Ball? even more difficult, it needs to hold up in high-end cinematics. Ist so. Das ist, wo die Valkyrie jetzt drüber fliegt gleich. Mhm. Glaube ich. Also ja, eigentlich ein Trailer. I cut that one just before some good spoilers, so. Yeah. All right, so how's it all work? Well, Cloth uses two meshes, a simulation mesh or cage, and the render mesh itself. So vertex colors indicate how it's constrained to that cage, and thus the simulation. So for example, black vertex colors indicate a full constraint. Basically, it follows the skinning. White vertex colors indicate unconstrained vertices. So the movement is determined entirely by the simulation. And then we can do a blend of gray values that is used for fine transitions and blending and fall off in between the fully skinned and fully simulated assets. So in the end, these meshes are sent to the engine where we bind the cage to the render mesh, and then tech artists can leverage some of the runtime tools. You can see up on the image that the sim cage mesh has about 5,000 triangles, whereas the actual render mesh is about 45,000 triangles. So it's obviously much more efficient to simulate the sim cage mesh versus just the render mesh itself. Mhm. So part of the technology is the runtime iteration support, which you can see in the image above me here. That's with all the red spheres. Here we're actually painting the collision radius of every single one of the vertices, and it allows us to fine-tune the simulation without having to add arbitrary collision meshes, though we can. We paint a variety of properties, so some of these other properties are mass or displacement. In the top right, you can see an example of the old legacy implementation using pendulums. And this uses joint chains and collisions, but assets with multiple layers like the one that you can see there, or ones like skirts or gowns, they were really, really difficult to do with pendulum simulation, but they are solved with Starcloth. So I mentioned it's completely unified with the physical world. And what that really means is that wind, impacts, object collisions, thruster backwash, all these kind of things actually react to the cloth reacts to these things, and so much more. So it's not just character movement. Now, it's a hyper-efficient simulation, and it's several orders of magnitude faster than the legacy implementation that we used before, and has a lot of easy-to-control parameters for tech art, which are compression, stretching, and bending. So as mentioned yesterday by Chris Rain, our senior lead physics programmer, we support soft body tapered capsules, which are twice as fast as our ragdoll capsules. It's also key to solving one of the most important aspects of plausible cloth simulation, and that's mitigating the tunneling or the clipping that happens through a character. So it's very, very difficult to solve with pendulums. So with all this tech in mind, we can do really complicated assets like the Duster and the one I want to show you now. Das ist schon ziemlich gut. Ja, das ist ein Multilayer, das ist das Krasse. Guck, das genau, da So here you're nichts seeing about voneinander. 5 different layers of cloth going on and self-colliding between each other. It's reacting to the planet wind, which is always changing.
Das ist schon ziemlich gut, ey. On the front, there's a big leather apron. So this one's actually a lot heavier and it moves a lot differently than the cloth Guck on mal, the selbst back. unten bei der Jacke, ne? Das sieht so ein bisschen so aus, als würde es klippen, aber der hintere, der dreht sich quasi weg. Also der innere Teil dreht sich weg. Das klippt nicht durch, das dreht sich So weg. he's walking into the wind here. Das ist schon ziemlich gut. Der hat Bart übrigens. Hast du gesehen? Der hat einen Bart. Der hat And einen in Bart. the end, as I mentioned, it just looks a whole lot better. So with that, I want to hand you off to my friend Andre Piers, who's going to talk about hair. Das war die Überleitung nämlich, Ja. dass er den Typen mit dem Bartarm rumlaufen lässt. Er kann halt nicht über Haar reden. Hi, weil er hi, hat weder everyone. oben noch am Bart. Der So, nice to be here in LA with all you guys. So I want to start with a question, okay? How many of you are actually excited that we're getting new hair into the verse? Ja, ich. Hallo, ich. Hi. Vielleicht endlich mal Frauenhaare, weil All right. So, I'm Andre. I'm the lead artist in our recently formed hair department. seine We Frisur, branched die er out hat. from the character art team and created this department. And it's a pleasure to be here today with all of you and tell you that we're damn proud of what we achieved. It's been a long road, but definitely worth it, okay? Now, we're going to start by just looking at the most impactful changes that we have in our workflow, okay? A bit of a technicality part. Then you're going to get to look at the benchmark assets we have created, okay? And from there, we're going to take a glimpse into the future of what hair could be with a more diverse hairstyle, where we're trying to run away a little bit from the military look that was driven mostly by what Squadron 42 was, so because we did a lot of work for that as well. And yeah, from there, as a last note, I'll have a special announcement for you guys, okay? Don't want to spoil it, but you stick around, you're gonna love what we have, okay? So, first thing I want to touch note, very simply, okay? Hair for games is hard. It's really hard. Oh, by the way, did I tell you these are actually game-ready assets in the persistent universe? Okay. Ja. Es sieht halt wirklich aus wie Haar und nicht wie ein Fully Playmobil. rendered in our engine, okay? Game ready, performant, ready to be shipped, okay? So, hair is really hard, like I was saying. It is a AAA challenge, basically. You see games that get it, games that don't. Some of them get it more or less. Either way, for us, the challenge is the same. We're not different, and the challenge is real. We discover Star Citizen, like day-night cycles, all these light shafts, all this MMO, people running around with the hairs, a lot of motion, a lot of fast-paced movement. Yeah, it is hard. But the best thing is we have arrived, okay? It is, yeah, clap. It is, it doesn't end here, okay? Yeah. It does not end here, okay? It's the nature of CIG. We just keep pushing the boundaries, but like I said, we're really proud of what we're showing you here today. So let's dive in what we made all this possible, okay? On a high note, on a high level, basically, a successful hair requires 3 fundamental elements, okay? There's the texture, there's the placement, and there's also the shader. If one of these elements fails, all of them do, okay? So it's basically, you can have a great texture, great placement. If your shader is wrong, no go, really. And the same if the texture fails or if the placement fails. So really vital, really important that everything works together. But the good thing is, by breaking down the hair into these 3 parts, it also allows us to actually go deep into each of them and push the quality up. Or like Chris Roberts would say, bring the high fidelity, right? So, on the texture end, there was a lot of changes. What you see on the top there, the common approach of a AAA game would be to have true black, true white on a transparency map, a bit of taper on the tips and roots, and call it a day. That's what happens in 99% of the games. Now at CIG, we went a bit further than that. We tested all the thicknesses that were actually reasonable to test, of course, and we came to a realization. The hair doesn't need to be thin enough. It just needs to look thin. We do need it to be
thicker enough, thicker than the real life hair, because if you take one of your hairs, you'll see it's really thin, right? So it does need to be renderable. That means if it's really thin, it will be sub-pixel rendered at some point. With the motion and all that, we will get a lot of artifacts. And so that would be a no-go. We do need it to be thicker than in real life. But can we make it look thin? That was the question. So we came to the realization that from hair, or from scalp to hair, and from hair to the background, so these 2 points, the transition points, are the most important ones for the hair. So we aggressively tapered the tips, which is what you see over there, and added a gradient to it. So no longer true black and true white. Now, this is a lot of technicality. You'll see practical examples of this, but that allowed us to have smooth transitions and basically achieve the result we expected. On the placement side, we came up with hair libraries, basically. Now, I could be here all day talking about hair libraries, okay? Because I'm a very technical person, and if you see me around the venue, feel free, I'm Andre. You can just come and talk to me about this. I'm not going to bother you all that for 1 hour about this, but I'm going to give you a very quick example that you all can relate. So imagine in real life, you have a construction business, and you could make one wall, one roof, one floor, and one window. You make it all work together, and from there, you're not only building your house, you're actually building the whole town, and then the whole state, and then eventually the whole universe, right? That's what air libraries are. Obviously, the result, if you could do that, it would be much cheaper, much faster, and above all, you wouldn't have a fruit salad of assets, which was what we had in the hair Mikro ist ein bisschen nah an not ihm. too long ago. Hört And man by sehr fruit stark. salad, I mean Irgendwas macht doch several Geräusche, artists das klickert. working through the years, each one of them applying their own workflow. Everybody's at different levels of quality, of course, different minds, different ways of seeing the same problem. So at the end of the day, fruit salad, right? And we wanted uniform quality. So for that, air libraries are a great solution. We also decreased the time of production of hairs. So it was taking us 20 to 40 days to create one hairstyle per artist, okay? Right now, it's going from like 3 to 5, 7 days per hairstyle, which is great news, okay? So yeah, that was major achievement. Ja, weil sie, okay, also sie nehmen jetzt wirkliche Haare und machen damit eine Frisur. Ja. Nicht, So sie bauen die hair Frisur libraries von Anfang an. Ja. are just a thing. We love it. It's not Das just ist picking krank. up a texture and putting it there. If you do that, like you need to actually ich see sehe hier the gerade scope. unendlich viele Gladly, Frisuren we have demnächst some auf of the uns best zukommen. artists in the world on hair working with us, so we managed to achieve this at the scope that we wanted. Now, on the shader side, Ja, genau. there was plenty of changes as well. Some of them are very techy, very Barbership. cool as well. I'm going to run through fast Anstatt Barbershop, some of them so you Barbership guys ist can gut. understand the scope of what we're dealing with. But let's just understand, like at bake time, so bake time is prior to runtime. Runtime is where the game runs. Bake time, we're preparing the asset to actually put it in the engine. At bake time, we calculate the custom normal and we store it per vertex. So each vertex gets a custom normal. That makes, in a practical sense, for those who are not too technical, it basically makes the card, the air card, not look like a card. So the normals is help with the way the light reflects. We kind of do more smoke and mirrors on it and make it look not like a card by just baking it that way. Now, on the ambient occlusion, we store two baked ambient occlusions onto the color channels of the vertices as well. Now, each vertex on a mesh in any game has a color to it, okay? You might use it or not. Imagine in a car, you have a trunk. You can use it or not. It's up to you. It's not silly to use the car without using the trunk, of course, but if you have a luggage, you can put it there or in the back seat, wherever you want. Now, we decided to use this because it was free. The trunk was already there, so the vertex color was already there, and we just decided to store two ambient occlusions on it. These two ambient occlusions work this way. Light hairs, like a blonde hair, obviously needs more shadowing, or less shadowing than a dark hair, right? And so we store two. The length of the card is now baked onto the last one, and that gives us a metric of where the card starts and ends, and allows a lot of cool things you're going to see on the videos I'm about to show. So, one last thing before we can start looking at videos. Er ist ein Auto- und ein Haarfan. And this is really creative. Und Häuser. Total credit Ja, for und the people, Häuser. for the tools programmers. I personally had nothing to do with this. This was already at CIG when I joined. It's absolutely amazing.
So, we have an hairstyle that was ready, that you can see over there. And we have a hair cap. An hair cap is basically a mesh on top of the character's head, which is invisible, transparent. It is just there. Sometimes we use it for shadowing. That thing has an UV. And so we project the hair, or where the hair starts, onto that UV, and gives us that image that you see on the middle, right? And so we now have a 2D space that relates to a 3D location. Meaning that if I want to have hair like mine, which is white on the sides and dark on the top, I could just paint this part and get it white on one side and then dark on the top. Ziemlich gut, which ja. is an insane advancement because cards normally are stacked on top of each other. So when an artist is placing cards, if you paint one card to make it white here, well, it's going to be stacked on top of the other and you're going to get spots all over the place and no control over it. So this allows us to give control. And what you see on the last image is the possible results. For example, now I can paint one side of my 2D representation of my 3D space and get this possible Und trotzdem result, hat man einen which richtig is guten Übergang pretty und amazing. alles. So, Richtig geil. Also es ist halt vor allem wieder sowas, wo sie beim Erstellen schneller werden. Ja. Ist einfacher für die Designer. Next video. Ich sehe hier aber schon wieder 1000 Möglichkeiten. Ne? Power tools, okay? This is not the seine way it's going to be Tech-Erklärung ist exposed wirklich to ein you bisschen guys in the klobig. character customizer. You'll know more about that Aber later. der ist einfach so okay? drin. This is the tools we use we are able to actually create the hairstyles. So let's take a look at this video. Ey, lange Frisuren bei Frauen war so wichtig. Du kannst Melanin einstellen, okay. Das ist Oha. einfach nur sozusagen die Sättigung. Mhm. You have the full range, so you can go for full white. These are melanin ranges, so realistic ranges. Fully white up to black. Mabu ist wirklich so, ja. Obviously, you can go redhead as well. Ja, klar. Get out of the way. You also have the dye feature, Okay. where Ja, you can klar. see all Ja, the klar. things we talked about. Es wird einen implemented. Barbershop geben. You can go a 1000%. bit more wild on this. 1 Milliarden%. Also der ist jetzt schon confirmed. Also du kannst nicht sagen, ich will mir am Anfang einen Charakter erstellen. Das ist wie GTA. In GTA willst du auch immer andere Frisuren haben. Mega Wenn ich krass. es richtig gesehen habe, kannst du sogar Strähnen Ja. reinmachen. Das ist ja das, was er eben gezeigt hatte. Von wegen, Genau, weil ne? du halt die einzelnen Library, weil du einzelnen Strähnen auch wirklich einzeln hast. Ja. Das ist nicht eine ja, stimmt. Krank. Length Control? Oh Ja. nein. Ja, klar. Ja, okay. Ja, da ist Ja, das ist die Länge der Farbe, okay. Also ja, okay. Okay. Ja. And this is why important the length of the card Soll ich dir is sagen- stored in those vertex. Soll ich dir sagen, warum das wichtig obviously ist? you can fade Weil it as Haare well as much as wachsen. you do. Und wenn So du die all the gefärbt possible hast, combinations wächst das irgendwann between raus. the realistic melanin Dafür ranges brauchen die das. and the dye layer, okay? This is how Dafür the brauchen occlusion die is das. working, so you can see these shadowings, creating more negative spaces, more structure to the hair. And if you look at the temporal line here, you can see how this pixel depth of set helps us with the transitions as well. Cool. Ja, dichtes und dünneres Haar. Mhm. By the way, did I tell you these are actually game-ready assets Ja, ready klar, to go to natürlich. BU? Ich sehe schon die ganzen Männer jetzt noch mehr Frauencharakter spielen. So It's now that we true, understand a it's bit true, better how the hair is working, that's why the boring part that I told you just before, you can examine these images Das, with a bit more das ist Mabu, das of an wird er ganz am informed Ende. Er opinion. meinte, er hat That noch is eine basically the Überraschung. example. Das Now, sind die Bärte, glaub that's mir. all very exciting, but we want to show you hairstyles that are actually in Star Engine and working. So that's the video we're going to take a look next, okay? Mhm. Oh, geil. Aber wie gesagt, diese Dye-Länge wird wahrscheinlich eine Rolle spielen, weil die Haare weiter wachsen. Beim Rauswachsen, ja, das kann schon sein, auf alle Fälle. Das wird da eine Rolle spielen. Dann spiele ich einen Einsiedler. Du hast einfach lange Haare und so buschigen Bart. Boah, die Frisuren Geht sehen, weg von meinen Äppeln, geht die direkt weg. Frisuren sehen so viel besser aus jetzt schon. Ne? Das ist die zweite Frisur und ich denke mir schon so, die sieht so viel besser aus als das, was sie bisher schon hatten und die waren Ja, auch auch nicht so- schlecht.
diese einzelnen Haare, die halt rauskommen, gehen halt auch nur deswegen wieder, weil es halt nicht gebaut werden muss, sondern weil es einfach sagen, oh, da sind halt ein paar lose Haare drin. Die Frisuren sind so gut. Oh, die Dreckwitz, das ist ein My Apple. Die zeigen gerade alles, was ready ist, ne? Also. Ja, er hat gesagt, das ist so alles ready for PU. Also, man muss sagen, er hat gesagt, die sind alle game ready. Er hat nicht gesagt, die kommen jetzt. Ja, die sind alle game ready. Aber das heißt, mit 3.22 können sie definitiv reinkommen. Mhm. Und der Barbershop. Und der Barbershop dazu. Oh. Ich will. Das Detail sieht doch viel krasser aus als alles, was wir bisher hatten, oder? Ja, auf alle Fälle. Und das Coole ist, was ich jetzt machen kann, oder was man jetzt tatsächlich mit einem Barbershop machen kann, fällt mir gerade auf. Das ist nicht nur einfacher für die Designer, sondern du kannst theoretisch, wenn du auf eine UV-Map malen kannst und sagen kannst. Achso, ja, der hat auch Namen, ja, genau. Wenn du auf die UV-Map einfach malen kannst, dann kannst du theoretisch auch sagen, ich will nur hier Haare haben. Das heißt, man könnte meine Frisur zum Beispiel nachmachen, indem man einfach sagt, nur da Haare hinmalen, da sollen lange Haare wachsen und dann hast du das halt. Ja. Guck mal, diese kleinen Strähnen, die rausgucken und so, das ist so detailliert und so gut. Oh, und du siehst, du musst immer, ich gucke die ganze Zeit schon oben auf den Rand, weil wenn du halt da wo du durchgucken kannst durch die Haare, siehst du halt auch den Hintergrund dahinter richtig. Da unten jetzt, hinten zum Beispiel. Es ist zu fett. Das sind so gute Frisuren. Das sind so gute Frisuren. Chat, ich mache für euch die Musik dann immer ein bisschen leiser bei sowas, weil wir uns da ein bisschen unterhalten können. Wahnsinn. Die sind alle game ready. Alles, was der gerade zeigt, ist game ready, Leute. Hier siehst du den Hintergrund, wenn du durch die Haare guckst. Das ist so krass. Und an manchen Stellen guckst du halt wirklich so durch mehrere Strähnen dann durch. Ach du Scheiße. Ja, ich finde auch, die Gesichter haben schon diese neue DNA-Look-Dings, aber ich weiß nicht. Ja, die sind schon, noch recht ähnlich. Also die sind aber neu. Also ich habe jetzt keins davon gesehen, dass ich irgendwie, wo ich sagen könnte, ah ja gut, das kann ich jetzt schon nachbauen. Doch. Das geht schon. Das geht schon. Das mit den Scars, also mit den Narben, das konnte man nicht nachbauen bisher. Great guys, so I can see by your feedback that you really enjoyed the die, so I'm gonna try and direct things that way next time. Pretty cool. Okay, yeah, these are game ready assets as well. Now, like I promised you, we're trying to make this diverse and get away a little bit from this type of hairstyles you just seen now, which is a bit more military. And for that, we'll have the next video. Now, it's important for you to understand if there's any 3D artists, character artists, air artists out there, you will know. Some of the hairstyles you're going to see next are some of the hardest things you can do in hair for games. In a practical sense, if you can do what is going to be shown next and render it at 60 frames per second on an MMO, you can do pretty much anything. Okay? Oh, jetzt setzt er die Pipeline aber hoch hier. It's our glimpse into the future of what type of diversity we want to achieve. We're not only going for this style, but just showing you that if this style is one of the directions, then the full range will come. I hope you enjoy. Jetzt. Ja, also es stimmt schon. Also Hairsim ist schon immer ein Meilenstein gewesen für Videospielsachen. Oh shit. Auch die kleinen Strähnen wieder oben, die so ein bisschen rausgucken, ne? Oh fuck. Dreadlocks, okay. Here we go. Auch dass es so aussieht, halt so gefilzt aussieht, das Haar ist geil. Scheiße. Ich will einen Barbershop auf meiner 890, die ich mir gleich kaufe. Die Carrick kriegt bestimmt. Ja, klar. Ein extra Raum, Barbershop. Boah, das sieht so gut aus, ne? Das sieht so gut aus.
Ich will eine Terrapin-Barbershop-Variante. Jetzt sofort. Das ist kulturelle Aneignung. Ja, Dreadlocks, scheiße. Ja, das Gute ist, dass es so weit in der Zukunft spielt, dass es das unter Umständen gar nicht mehr gibt. Das ist von irgendeinem Planeten die Frisur. Wow. Die haben die da alle fertig. Ja, mit Ich habe das Dingern Gefühl, drinne. dass deine Frisur gleich kommt, Tobi. Ja, wäre cool. Würde mich freuen. Ja, Pommesbuden. Das wäre aber echt gut. So Foodtruck wäre wichtig noch, fände ich. Ja, das ist die Cutter. Das ist die dritte Variante von ihr. Oh shit, auch, dass da so ein bisschen, ne, die Das reinrasierte, ja. reinrasiert ist. Holy Packeroni. Thank you, Der guys. hat wieder das Gas, der eine. Mhm. Komm, sag's. So, Auch yeah. Game Ready. Like I've been saying, Yeah. these pictures you see here, Yeah, klar. they are all rendered as you've seen in real time, depending on the light conditions and stuff. But there is no tricks here. This is actually how it looks. And that's why we're really proud. Like I said, it doesn't end up here, okay? We're pushing this forward. This is just to replace the stuff that was there. I'm pretty sure you guys were tired. Nobody at CIG was happy with what we had. I can assure you that. Yeah. Especially as an artist, right? So, but we finally arrived. Now, we've seen all this. What does this mean in a practical sense for you guys? It's the question you may have. Well, let me tell you really fast. We made over 75 hairstyles since like 6 months ago. On the last 6 months, we made 75 hairstyles. That is a lot. That was possible with all the changes we made. Yeah. Holy shit! Also fallen alle anderen raus, oder was? That is a Oder great wurde auch neu achievement. Now, gemacht? we cannot hand them all to you right now. It's very simple. It's very simple. It doesn't end up here at the artist end, okay? After this, there's a tech art pass where they need to skin it. They need to make it work with hats, with goggles, with everything that needs to work, right? So it's a process that takes time, but we wanted to have a certain amount, a quantity that would be enough to replace all the stuff that it's there, give you enough variety for you to start, and that's what we're going to see next. Now, it also tells you when are you getting it. So, as a last note, I'll leave you with this video, and next, Forrest will come here to talk about this stuff. So, Okay. let's take a look at this, guys. Okay, okay. This is actually what you're getting. Into the PU. Die Glatze, das ist wichtig. Oh, jetzt die Frauendinger, okay. Krass. Also einfach schon mal 20 Frisuren jetzt von Anfang an. Genau, weil die schon eingestellt sind auf Helme, Mützen und Goggles und sowas. Krass. Q4, nice. Ende des Jahres noch. So before the year ends, you're all gonna get to enjoy these hairstyles. It was a pleasure to be here with you today, guys, and see you in the bus. Krass. Ja, auf keinen Fall. Ja, ist nicht. Nee. Ja, aber das kann schon sein, wenn der EA-Patch hat. Another round of applause for Andre and getting new hairs into the game. Nee. I can't wait to put new hair on my character, I'll tell you that. And for Ian and his awesome character team and the amazing characters they showed us earlier. Absolutely fantastic. Gott, ist ja laut. I'm going to run through this. We don't have a lot of time. I'm going to talk to you about character heads. We've talked about hair. We have talked about outfits. I'm going to talk to you a little bit about the heads and our pipeline and getting us from the actors that we hire to do the photogrammetry all the way to the game characters. So we have a DNA pool, expansion, and customization I'm going to be taking you through. We made a data-driven pipeline for adding new heads. So what is a DNA pool? DNA pool is just a bunch of heads that we put into the game. That way you can modify the ears, the nose, the chin, the mouth, and you could interpolate between all the different heads. A DNA pool. We want to expand the pool and allow for more selection and range. So we scanned 60 new heads for our DNA pool, 60 new heads. And we processed them internally. 16 mal mehr. We also added customizable facial features, skin tones, complexion, makeup layer on top, revisited the eyes. These characters look new and they look great.
All right. So our current pool, there's the 18 heads right there. But that wasn't enough. We need more. That is our new pool. Okay. Ach, eine alte Frau rechts, alter Mann oben rechts. Very exciting. Cool. Right now in the PU, when you're playing, see that center row? You get 9 females and 9 males. And now we're going to be getting all these characters. It's for Squadron and the Persistent Universe. How do we do it? Well, we partnered with Clear Angle over in Pinewood, London. And they have this thing called the Clear Angle Dorothy scanner. The scanner improvements allows us to get shoots done in 4 weeks of sessions. Custom coded flash that just kind of does it automatically, all calibrated in seconds. To give you an idea, our old process for doing this took hours to calibrate. Alter, was es This für thing Geräte einfach does it in gibt. Das ist nicht seconds. normal, ey. Talk about state of the art. Ja, Average of genau. 4 scan actors per day now. We used to be doing 1. What this means to you is we can get you characters faster. We can get you new heads faster. Polarized image data resulted in improved spec, blah, blah, blah. Those are awesome texture maps that we could put on the head. Blah, blah, blah. That way we could render them, make them look really good. Den muss ich wirklich beeilen. Photogrammetry captured in raw images at 8K texture map resolutions. Hyper accurate scan results. Lies dann noch vor. Now, close your eyes if Okay, you're a little zeig. sensitive to light. Holy shit. This is the process we use to get the pictures, to build the photogrammetry, to calibrate the cameras. Oh, relax. So the rig Alter. Kurz mal All right. Bild. Jetzt schwarz. So there we got some characters Whoa. here on the screen. Those are all built using all these things that I've briefly mentioned. Ich sehe da I want to Make-up. talk to you a little bit about skin tone though. Hat er gerade eben gesagt, Make-up-Layer. Skin tone's okay. tricky Ja? because we want to apply it. We want to be able to customize it. We want you to have the ability to do whatever you want. So what you see is some really weird looking characters. We see a head with some yellow. Yellow's good in this case. What we're trying to do is we're trying to find the average skin color. Once we find the average skin color, we can figure out what that skin tone is, and then we can apply it. The blue means it's further away from the average skin tone. So when you apply your skin tone, it has less influence, keeping those high details, keeping the color, the blemishes, the imperfections. That middle one, that whitehead, that's where we get once we've extracted the data. It's now ready to apply the skin tone, which you see at the end. Krass. Ja, auch so Altersflecken und sowas. Das ist so gut. All right, so here's a little more detail what I'm talking about. We knew that we were going to get a pool for these heads, this pool of all these different awesome shapes, noses, ears, lips. But now, with what we're doing currently, you can see that we have calibrated all of our source photos of our actors. And with that, we could figure out exactly what they're supposed to look like. And then once I extract and do the average thing, I'm able to get a value. And that value translates into a skin tone. And that skin tone translates into a chart that you can customize your character with. And what's that's great cool. about this is as we grow our pool and we get more heads, we get more skin tones. So our skin tones aren't based on, whatever it should be. What should it be? What does it look like? These are real data. These are real data that we get from these incredible clear angle scans and the incredible tech that is written by our staff. And the skin tone will grow along with our head data and along with our heads.
And there's an Wahnsinn. example of me just applying it and showing that in Bart. practice. Ich sehe einen Bart. Ich sehe noch einen Bart. And now here's Ich another sehe mehr look. Bärte. Here's a couple more characters that I put together with this stuff. Ich sehe Bärte. Das Geile ist halt, dass er. And here's what's great about that. I Oh. did that with our brand new character creator, character customizer for Squadron 42. Ja, also jetzt muss Every head you see in here, which will also be applied to the persistent universe, so all heads are in the verse. Krass. And as you can see Fetter right here, Bart. here's a little scene I put together using the outfits, using the hair, using the skin, using the heads. And I did that all with the new character creator. And here to show you that, if the live demo of the character creator, I'm going to bring back my good friend Sean Tracy. Jetzt zeig's bitte. Aber genau das, was der Mabu gerade gesagt hat, das, oder geschrieben hat, das wollte ich auch sagen. Dass sie halt nicht einfach sagen, wie könnte Haut aussehen, das ist der Hexwert so und so sieht er am ehesten aus. All right, so what's this all mean to you guys? Und wissen, was der Wert ist. Let's show ya. Time for live demo. Oh, and create a character, ja. All right. Time for live demo. So, I want to welcome you to the Biotic Corp Calliope machine. Ja, klar. Klar haben die jetzt einfach quasi nochmal was komplett Neues da gebaut. All right, so here you can see we've got the, whoa, Boah, das I'm fiebt aber. getting feedback. Ja. You can see we've got 2 body types that I can select from at any point in time. So we're going to start in right away. Now, you might recall how the character creator currently works. You would have a whole bunch of source heads from our DNA pool. We would select one of the facial shapes, and then we'd blend it up or down, depending on how much you wanted that certain facial shape. Now, this was pretty good, but it's not the most intuitive of systems. So instead, what we wanted to come up with was a much more intuitive way to control this. And what we've now introduced is sculpting mode. Und ich sehe ganz witzige Gesichter demnächst auf uns zukommen. Ja klar, aber das ist... It's quite interesting to know what's going on behind the scenes, and this wasn't an easy problem to solve, but our animation programmers and tech artists and everybody came together, and they figured out a way to basically make it so that from the DNA pool, we are making a selection based on what you want out of it. So it's going on between all the different options. Now, I'm going to start making some changes here right away. So I want to wind up the nose. You can see that it's all very intuitive. It's fast to use. I'm going to make the lips a little bit bigger here. There we go, something like that. I think that looks pretty good. I'm going to adjust the brow here, maybe make a little bit of a heavier brow. Now, we can adjust the eye shape. We can go more almond eyes. We can go more oval. We can have a heavy lid. You know, I can find a whole bunch of different options within here. So here, we're starting to look pretty good. I want to give him a little bit more of a hero chin. There we go. I'm liking that. Yeah. Nächstes Mal, wenn der Mabu das Spiel startet, braucht er erstmal All wieder right. 8 Stunden, So, um Charakter not to spend zu too much erstellen. time on that, I want to show you some of the other features. And speaking of features, we go to our skin tone. So finally, you're not just selecting a preset skin tone. You can move through the whole gamut of the lookup table. And this is melanin and hemoglobin at the same time. Das Ding ist, während er dann rumspielt, sieht es manchmal komisch aus. Da muss ich recht geben. So Also at the einfach, very aber top wenn of er it, I've got a fertig ist, sieht's texture wieder slider. passt So wieder. instead of the whole head sort of selection, we can go between Oh, all the nice. different textures. Now, like Forrest mentioned, we're going to have 30 of these for one body type and 30 for the other body type. Pulsator. So here, I'm kind of Doch, doch, doch. liking, what am I like? Oh, I like this one. So here, and I'm just going to set a skin tone that I kind of like. Something like that. That's cool. All right. So the next step in our skin tone is the complexion. And complexion, we've added freckles. Ja, klar. Nice. Gut. Sehr gut. Mag ich. Finde ich gut. So here I'm just blending in and I'm blending out the amount of freckles. Now I've cranked it all the way to the top just so you guys can see it. But for my character here, I'm going to keep it kind of subtle, like this, but quite a few of them, something like that. We've also got sunspots. Now this is, a little more weathered skin. We'll give this sort of look.
And we've got a whole bunch of different blemish masks planned for you guys, whether that's sunspots or liver spots or anything to that effect. Now, I'm going to give this guy kind of a weathered look because I think the skin tone looks pretty cool like that. Yeah, I'm digging that. All right, so next up, eyes. So no longer do we have the green and the brown, just the full selection. You've got a full RGB chart of what you want to select. So if you want to have bright green eyes, if you want to have hazel eyes, if you want to have blue eyes, if you want to have any of these eyes, this is all very, very nice. So again, we can go with deep browns. We can go with sort of a steely blue, which I'm kind of digging for this skin tone. I quite like that look. That's cool. Oh, well, we'll get into some funky colors. Don't you worry. All right. So one of the other things we've added, and it was mentioned before, we've added a makeup layer. And with the makeup layer, we're totally inclusive. Any of the body types can have makeup. Now, I don't want to spend too long on it here because we're going to get into it in a couple minutes. But I just want to show you sort of blending that in, blending that out for this particular body type. So next, as Andre talked about, we have all the hairstyles that you could want. That's bad. So I'm just gonna pick a couple different ones. There's a reality for some of us, and another reality for another one of us. There it is. That's what I want my reality to be here. Something like this. I'm digging the mohawk though for this one. He's got a bit of a Mr. T look to him. I kind of like this. Yeah, I pity the fool. All right. Yeah. So it might go without saying that we've got beards now. So if you want to select a full beard, you can select a full beard. If you want just mutton chops, you got your mutton chops. So gut aus. You want your handlebar, you got your handlebar. All right. So we've got all the different beard types that you could want, and we're going to add as many as you guys really want. So I'm kind of digging the full beard for this guy. Mhm. Der Charakter Yeah, sieht I'm digging so the full gut beard for aus. this guy. Even further to that, we've got eyebrow selection, Ja, klar. which is, I mean, you could go with no eyebrows. That's a very real. You could have bushy ones. You can have a little bit more, normal, kind of straightforward ones. But it was mentioned before during the hair and with Forrest's discussion that we've got the hair dye as well. So with the hair dye, you can affect all the hair at once, and right now I've got all selected, so I can go through the gamut of all the different hair melanin that you can set. So here I'm just going to darken it up a little bit, and if I wanted to dye the facial hair, I could just dye the facial hair all by itself, setting a dye color here, something like that. But in the end, I'm really digging the jet black on this particular one. So I'm going to frost these tips a little bit. I think that's going to look kind of cool. Let's set a bit of a blonde here, turn up the dye amount. And then what's really cool about this, and I'll show this in a minute, is that we can actually control the fall off of it. So again, if I just want this on the tips, I can just blend it right about Mega here. gut, ja. So there we go. He looks a lot different than how that started, and I think that's actually pretty fun. Now, there's a lot of stuff in here, and I can't wait for you guys to explore it and spend as much time as you want customizing and expressing yourself as a character. So once you're done, you've got to sign off a personal declaration that the physical appearances that the calliope process has allegedly caused are okay with you. So let's go to our next body type. All right. So I'm going to go to town here real fast, right away. And you might think it looks a little off or so, but I don't know. We're going to get there. Let's make some changes here. I'm going to adjust the bridge of the nose, maybe a little bit of the cheekbones here. That's maybe a little extreme. Let's go back here, something like that. And I'll make the lips a little bit smaller here, and I'm going to lengthen that chin for a little more of a triangle kind of face here. So you can see, you can tweak to your heart's content. You can spend a lot of time doing this. And I don't really like the brows. I like a little bit softer of a brow for this particular character.
That's looking pretty good to me, actually. So next, just like we did before, we go into features. We can do the skin tone. I'm going to select a certain texture here, just because we got to get going on time here. Let's go. Something around here is looking pretty good to me. Cool. All right, we go into the complexion the same way that we did before. Ja, also So we da start wird with the definitiv freckles. damit Blödsinn betrieben, aber And I kinda ich like denke, the real dass CIG freckled da appearance dahinter on sein this wird, dass das particular relativ character. schnell mit 1, 2 Patches And dann I'm gonna auch turn raus down ist, the dass man nicht sunspots. so absolute So, Ugly we move Faces und sowas forward machen kann. to the Ja, eye color Aber again. das Ding ich muss gehe ich davon sagen, aus, ja. dass Ooh, I'm so really digging the 80% green. der Spieler das eher serious sehen. Yeah. Also I like the ich green Ja, color. erstens, ich meine, da kann man sich And nicht we drauf get to verlassen, the das stimmt schon, makeup. aber Now, this is where I wanna das Ding spend ist, more time. so wie Now, sie es gebaut I'm haben, arguably not gibt very es good at natürlich this, Ugly Faces, aber es wird halt but nicht so I es will do geben, my absolute wie so best to show you Elder guys, Scrolls typische how you 30 can- Zentimeter lange Nase, Ohren, how die you can doppelt so use hoch it. sind wie der Kopf. So ein Quatsch gibt's halt nicht. Naja, aber du So, kannst Sondern halt, alle du kannst Sachen die Nase basieren halt auf voll, DNA-korrekten kannst Sachen. halt die Nase Eyeliner, we voll can do any raushauen, kannst die color, you Ohren can go voll as crazy raushauen, kannst or das as Kinn chill klein as you machen und wanna dann go sieht's with halt it. trotzdem But aus for wie ein this Trottel. particular, I'm Also gonna go Es sieht aus wie, quite ja, dark aber ganz here, ehrlich, just in wenn the dark du sort dir of überlegst, dass diese fuchsias. DNA zwischen diesen Menschen in echt Here, getauscht we'll do würde, the dann würde ein Kind interlaid rauskommen, das so eyeshadow. aussieht. And that Das I'm meine ich kinda damit. Dadurch, keeping dass alles auf einem Pool same basiert von theme, echten I think. Gesichtern, echten Ja, Features, aber die sich auch in du echt hast miteinander mischen in- können. in echt So ist again, es we so, can go as dass crazy 2 Personen miteinander das machen. Hier sind or es as calm as 80. you want. Ja. Ja, dann hättest du halt mehr Generationen. Aber ich meine, es gibt Leute, die sehen halt so aus. Das ist, kann man sagen, die sind So, hässlich. Ich will mich ja nicht drüber What lustig I've had machen, aber good es gibt success in hässliche doing Leute. is kind of having Ist it jetzt nicht so, cranked and then ich finde I es just gut, dass pull nicht, it back also, to a little und es gibt auch more extrem of a- hässliche of a Leute, natural blend. die aussehen, als wären sie aus so einem Character Creator von Oblivion rausgefallen. Aber next die is gibt es auch in the echt lips. einfach. We Und can do das the sind die exact in same echt so stuff on the aussehen. lips. Ja. Now, Also what we deswegen finde ich have es nicht is so a whole schlimm. bunch of different makeup masks, and you've Du got musst ja 3 damit different rumlaufen, ja. channels within those masks. So basically 3 different colors that are affecting different areas of it. Ist Now, for the subjektiv. lips, we can go Oftmals, with ja. the same sort Aber of theme du if we kannst want halt, it. also And I think Skyrim I'm und Co. actually kannst kinda halt digging wirklich that. und hier Let's go Starfield on the etc. lip Da kannst liner, du halt Dinge a bauen, little die darker. And then lips are a anders lot more sind. glossy. Ich meine, So we can es wird bestimmt auch increase Leute the geben, die gloss haben dann there, einfach so that die looks halten a so little dieses more like typische, ne, a irgendwie lip krass gloss. grüne Haare und einen pinken Bart Yeah, und dann that's pretty cool dickes there. pinkes Mhm. Make-up oder so im Like I Gesicht. was doing before, Das I ist kinda eher just das, pull it okay, back aber a dann little kann man bit. auch sagen, okay, der nimmt There es halt we nicht are. ernst und der ist dann halt So next, vielleicht auch in der Welt einfach ein Troll. Kann ja I sein. think we're Das ist ja good. okay. Yeah, Mhm. I think we're good. I have no business doing that, that's for sure. Same thing on the hair. Again, we've got a whole bunch of different hairstyles. These will all be shared between the 2 body types, but for this particular demo, we've got the ponytail, we've got the slick back kind of look. Yeah, I'm not finding one I'm really digging yet. Ah, yes. Yes, now we're talking. All right, so cool. Now, again, we're fully inclusive here, guys. So, if you want facial hair on any body type, you got facial hair on any body type. That is up to you guys. Mhm. Wo wir wieder bei dem Gespräch von vor 2 Sekunden sind. So on the eyebrows, I'm just going to leave them because we Ja, can't, aber wie can't gesagt, really das, see them ich anyways. finde es nicht schlimm. But Ist ja for okay. the hair, I Dann, really like dyeing this hair a certain color, sort of, you know, something in the darker range. I'm going to turn that down. I like the nice jet black. Look at the makeup bounce out. That looks cool. I'm going to turn up the dye, though, and I'm going to try to carry my Ja, same Mabu theme sehe ich forward ähnlich. here. Sehe ich ähnlich. Wir There haben we go. es in And then Sea of I'm Thieves gonna gesehen, wo es give it wirklich a bit of a schwierig ist, fall-off, einen sehr ulkigen Charakter zu machen und as we selbst can da do. gab So es it's just on the tips there. mehr So let's mehr see that in Bullshit-Charaktere action. als wirklich Leute, die sich damit ein bisschen beschäftigt haben. Und da ist es wirklich schwierig. Also du, ja, ich weiß ja, ne? das ist All so eine right. Auswahl von So Charakteren. now, you know, at first, we weren't sure about that character, right? But in the end, I think she turned out, definitely. So, you go to a review, sign off your declaration again, and head to game. So, you know, I'm really lucky to be able to sit in front of this. And again, it was a huge amount of work from tech art, engineering, designers, and specifically the squadron feature team that has done all this work. And one of the cool things to note is that we use this now internally as a tool. That's why it's me up here demoing this. This is our tool internally for creating all these heads, for creating all the NPCs in the verse. Because as Chris put it one time, he doesn't want his NPCs to look lame. He wants them to look cool. And this gives you cool looking characters. Thanks a lot, guys. Ja, Genau. das stimmt. Und das ist das Ding. Wenn Und die ich will halt Leute. auch niemandem Das ist ja vorschreiben, geil, dass guck er. mal. Da waren beide sogar. Ja. Also, ne? Ja, klar.
Den Mann kannst du auch nicht mehr ernst nehmen, ey.
It works. All right, we're behind on schedule, so let's welcome the Life in the First Person crew. Take it away. I'll be here. I'm busy. Ist so gut. Hello, everyone. What the fuck? You know, am I too early? No. It's a real pleasure to be here at CitizenCon in person. I've had so much fun. Thank you all. But my name is Jens. I'm here from Manchester. I'm going to talk to you about some improvements to play traversal. So we're going to start in 0G, where we've been rebuilding the EVA experience from ground up. Ja, okay. Bin ich ehrlich, haben wir letztes Jahr So gesehen. the first thing you should see is that we've made the exit from gravity less disorientating. Das haben wir letztes Jahr halt auch schon gesehen mit dem Rumziehen und so. Da bin ich Oh, da. we got a face plant. We made it. All right, so we made the re-entry much more forgiving. So this EVA has a new prone lateral pose, and this is really important to us because it allows us to get close to surfaces, and it allows us to walk across them. So we can see that in this video here. Ja, das haben wir letztes Jahr auch schon gesehen. Das ist neu. Das Krabbeln ist neu. Nö, das haben wir letztes Jahr Okay, gesehen. and as it gets to the end, we're gonna jump off. Okay, here we go. Genau Into das that, and this smaller profile. Nee, da lets us ist er auch get gekrabbelt into letztes spaces Jahr. we couldn't Ganz, get ganz into sicher. before, or not easily with the old EVA. Ganz, Gonna ganz sicher. traverse through here, Oh, thread the needle. das ist geil. And also, the collision is much more forgiving. We're going to slide off at slower speeds, so we're not going to be spinning away. Okay, big reveal. Love this station. This is amazing. And we're also adding grips. So riesig. in the interiors, you might be able to hold on to grips to do interactions. Das, And also es ist walk cool, between the grips to aber get das haben wir better letztes control. Jahr halt auch gesehen. Now, thank you very much. Das ist halt letztes Jahr auch nicht gekommen. Ja, also. So now prone has long been a problem motion set for us, right? But taking these EVA posing solutions we saw, we can now rotate around the camera without any cool. lateral translation. So we're not rotating around the hips anymore. And it allows you to aim much better. We're also not moving the body, so we don't need to worry about the external collisions anymore. Right? We're not going to get pushed Das ist around. geil. Das ist sehr, sehr gut, ja. Of course, prone isn't all about looking around. We want to traverse as well. So we're going to head down this vent. And here we put in a new collision style. So this is all about letting you have control in narrow, small spaces, smaller than this. We're going to be able to push around the corners. We're going to go run tight bends. And we're going to be able to reliably go up and down slopes. And this is where prone led the way. So we then took this and we put it into the EVA. So if I turn off gravity here, which I'm not going to do, but if I did, the EVA would have been able to traverse the exact same place. And by having these motion sets so similar, we can exchange success between them. And that could then be done to other horizontal sets, like prone light sets, for example, like the water world showed it yesterday. We might be able to take you swimming there one day. So. Nice. Das war jetzt gerade wieder so ein Ding, Okay, ja, we're gonna irgendwann move könnte es from the kommen. horizontal to the Also, vertical. So with ladders, we put in some new subtle and significant improvements. So we got midpoint markups. That lets you enter the ladder at anywhere. Nice. Das ist gut. Ne, Mabo, ich glaube, das We're ist gonna kein let you Fleisch, look ich glaube, das sind around so you Klamotten. can do 360s. Ja, einfach, We're okay, gonna wir let haben you nochmal die lean on the ladders so that you can Animationsqualität von avoid Assassin's Creed obstacles or eingebaut. peek around corners. And this all got a full new animation set. It looks amazing, especially with all this beautiful star cloth. You know, you got both the hood and the cape there. It looks amazing. Okay, so with combat, we wanted to add more speed to the encounters. So what we've done is we've removed the weapon penalty, so you can move at the same speed with and without the weapon out. We've reduced the inertia, so you're going to be able to push up to your desired speed faster. And this is already in 320 and 321, and we've got more things like this to come. Right, so I didn't just want to talk about improvements. I've hinted at swimming, but I'm going to show you a different feature, right? So sliding.
So with the power slide, you inject a burst of speed. This doesn't just take you from A to B faster. You're going to have a reduced profile. You become a smaller target. It doesn't come for free. You know, you're sprinting. Da zeigen sie aber sogar in dem Video schon, dass man das komplett ausnutzen kann. Du läufst 1 Meter und kannst wieder sliden. When I do it back like this, my heart rate is just pumping, right? So you got to be a bit careful. You can't just slide your whole way from the hubs to the spaceport. Ja, aber also 3-mal ist so another schon thing that is really unglaublich important schnell. to us is that with the slide, it's a short duration, but we want interactivity as soon as possible. And that's true for all our motion sets. We're going to go through all of them and give you interactivity. So with the slide, we want you to be able to aim around as soon as possible. The moment you hit the ground, you're going to be able to aim around, all right? And the direction is locked. So if I was to slide from one end of the stage to the other, I would be sliding this way, but I'd be looking this way, right? And look at you guys, hey. But while I'm sliding, I can hip fire. And as I come out in the exit, I can ADS, I can lean. I could go back to sprint right away. So I could do back-to-back slides, like we saw in the last video. Okay, so moving beyond traversal, just to finish this section, I want to talk about new hazard. Now, you saw this yesterday in the UI demo. I lost my phone. Bone, can you press the button? That's it. Okay, radiation, right. So radiation, for that, it's a new addition to this active status system. And we need to look at the bottom left here. So in the middle, you got the amount of radiation that being pushed on your body. If you have a directional source, it's based on your body surface and your distance to that source. So by going behind the cover here, I can completely cut off all the radiation. So I can use that. And then on the left, we have an icon that has a shield around it. Now, that shield works in 2 ways. Right? First of all, it comes from your outfit. So depending on what you're wearing, you're going to have a better or less accurate shield, right? It has a threshold. As long as your radiation doesn't exceed the threshold, the shield will hold true. It'll scrub all the radiation off, and you can stay there as long as you like. But as the shield starts peeling off, when the radiation gets higher, the shield will peel off. And you know the radiation sickness kicks in right at the end of the video here. And my health just deteriorates super, super quick. So yeah, that's not great. Okay, so we're gonna see some more radiation in the next section. So I would like to welcome Inesh up on the stage. Thank you very much, everyone. Why are we showing that? Okay. Hello, everyone. My name is Inês, and I'm a gameplay programmer here at CIG. And I'm here today to tell you all about... Thank you. And I'm here today to tell you all about the features we've been working on to improve the player interaction experience with the physical objects in the world. So let me start by telling you what we've made to make it easy for you to identify and interact with these objects in the world. We have introduced in the new interaction prompts, which are AR cards that appear over the objects as the player gets near them. This, combining with scanning, will help the player to easily identify the interactable objects in the scene. Wahrscheinlich hat der So Typ we have vorher improved the algorithm schon that weitergebracht. our interaction system uses to determine the current item in focus. So you'll have a smarter detection and selection as you move around and look around the scene. So the prompts will show you the active interaction and the key bind that you can use to quickly trigger it, like you see on the pictures. So we are trying to minimize the friction of the player to interacting with these objects. You no longer have to go into interaction mode to bring up the cursor, then drag it over, and to select using the inner thoughts. So we're removing that. Just simply old have, and this will bring you the new interaction wheel. So this is our new interaction wheel. It will be focusing on the item, and you can see that up to 2 of the interactions have a star icon. So this is related to another system that you are bringing to you that we call in the default item actions. So this allows us to have a primary interaction, that's the one that shows on the prompt, and a secondary interaction. So these are default actions that you can easily trigger using shortcuts.
So these actions will change based on the combination of the item, the player, and the environment state. And although designers do choose the default actions that we bring to you, you are fully able to customize them to fit your preferences and playing style. So let's take a look at this in action. Here you can see the prompts that change depending on your focus. So let's bring up the wheel. And I really like my plushes, so I want to inspect them when I find them around. So I'm changing that to my primary. And you'll see that does not affect only the item they're interacting with, but any item that falls into the same category. Das ist geil. Go next. Okay. So I've shown you some features that improve. Thank you. So I've shown you features that improve the readability and easiness of interacting with the objects in the world. But the other part of our focus was to bridge the disconnection between the player and the object you are interacting with. In a fully physicalized world that we want to provide you, a tactile experience is very important to sell the experience. So we've introduced a new system that allows us to play animations on the player of actually reaching out and physically touch the objects in the world. Yeah. So our main goal was to give you a better immersion, but at the same time, minimizing the friction and the control we take away from you. So this really was an exercise between code, design, and animation to give you the best experience possible. Let's see some of this in action. And pressing buttons has never been so satisfying and fun. Mit der Hand. Man. I just kind of like go. And War nicht Bauen, der geschossen hat. Ganz sicher. Okay, so let's continue with this theme of tactile experiences. The next thing I want to talk to you about are usable interactables. So usables are objects that have existed in our game for a very long time. And designers have had a variety of tools to build these really interesting and complex sequences for the AI. But up until now, what we could do for the player was very limited. So this past year, we've been building up our tools that provided for designers that designers could build these really interactive experiences, but for the player. And the advantage of using the usable system is that anything that the player would be able to do, the AI will also be able to do. So let's have a look at a simple demo that one of our designers put together to see what we can now achieve. So in this scenario, the player has to go forward but can't go forward because of the toxic water. So he has to go over to the valve to turn off the water. So before, we could maybe play a simple animation when you interacted, but now designers can give full manual control to you. So you, by pressing the specific inputs, you will be driving the system. But this is not enough. We needed to be able to give designers a way to translate what the player is currently doing and affect other objects in the world in specific ways. So this is what is happening here. As the player is turning the valve, is controlling the flow of the water that's coming from the pipes. And what should happen when the player is no longer in control? Do we want to keep the state, revert back to the initial one, or maybe trigger something else altogether? Well, it's up to designers to define the type of experience they want to bring to you. So let's finally turn off that valve. Rush over before that broken valve starts turning off, and then see another small example. Oh, let's go. So yeah, we'll see another small example where you won't be able to open the door by a press of a button, but you have to manually interact with that pump and manually open it. So you'll have to time your inputs to slowly open the door.
So this is just a small taste of the level of interactivity that we can now have with these objects. We had really nice results for Squadron, for the mess hall line, and I can't wait to see what the PU designers will create and bring up to your hands. Thank you. Next. Okay, let's quickly talk about kiosks and terminals. And let's be honest, it's really hard to interact and get a good view of these ones. So we made a small little changes to make it easier for you. We've created a new focus mode that will walk the player to perfectly align with the kiosks. So we can better perfectly frame the screen on the viewport. At this point, the interactive screen will steal the input focus until you actively chooses to leave. So let's take a look at this in action. And look at that when you trigger it, and like, Du bist echt so hyped davon. So this is a very small quality of life improvement, but it will make it much easier for you to interact with this kiosk. Das war's. And finally, let's talk about looting. This is our new looting screen. It's not replacing the inventory, but it will be used when you're looting your body or any other lootable item that you find in the world. It's specifically designed to improve this experience. So since looting is a common action during FPS combat, especially if you haven't fully prepared ahead, we wanted to make it as easier and quick as possible, so you could spend the minimum amount of time to grab any items you need from your target. So it displays the current loadout and a simplified version of the inventory. Looting favors speediness, while the inventory is there, so you can fully manage your loadout. So we're still actively working on it, was vom Apex, especially on the UI and art, but I want to give you a little sneak peek how this all works. Da sind die neuen Sounds auch schon drin. Okay, let's go over to Ach, das neue UI ist ja. So you see the player loadout is on items are on the bottom, the target is on the top. You can if you hover the different widgets, you'll see a tooltip that with the different quick actions you can do. Oh, nice. You can just simple press. That's nice. Yeah, it'll be so much easier. So yeah, you can quickly press to just equip or swap. You can even use your mouse wheel if you want to change the target. You can drop anything, store anything, just really quick actions. And you'll see in a minute that we also can trigger ammo repooling. So this will grab all available ammo, either from your target or from your inventory, and will fill up the magazines in your loadout and get rid of any empty magazines. So yeah, looking really good. Yeah, so it's looking really good, and I can't wait to see the final art. So that's all from me, so thank you so much for listening, and I hope you have a great time! Die hat Spaß auf jeden Fall. Was hat er mit dem Messer gemacht? Ja, das kommt jetzt. So. Right, hello everyone. For those who cannot remember, my name is Jens, and I'm now going to talk to you about some changes we made to our stealth gameplay, and I'm going to give you an update on weaponware. Right, so takedowns is an important part of our stealth encounters. So this is where we're going to add some player skill progression. So going to move you through different action sets. You're going to start off by struggling. You might fail. Of course, this sort of added time and the extra noise you're making is really going to increase the risk of detection. You're going to get faster the more you do it. And then you're going to reach maximum efficiency. Check this one out. So he's so fast, you can barely see him do it. And then he guides the body to the floor, so it makes almost no noise, right? We're going to explore some more variation beyond our unarmed and our knife takedowns, like sedative injection pens and contextual takedowns. So this guy on the railing here, let's see what we can do about him. So by using the environment, we can do a more efficient takedown than maybe our skill level would have allowed. And it certainly looks a lot cooler. And we're going to be able to use this to get to enemies that might be otherwise difficult to get to with our normal takedowns, like a pilot strapped into his pilot seat, sneak up on him and take him out.
Okay, so in that last video, we incapacitated that enemy a lot. I'm going to introduce you to a new weapon, a new item, sorry, and that's the restraints. So with the restraints, okay, let's take him down first. Bone explodes balls. One more. Oh. Okay, so with the restraints, we're going to turn him over. We're going to cuff his hands. Nice. We're going to cuff his legs. Nice. Well, griefing. Now, if he wakes up, he can't chase us griefing down, right? But he could call out for help. So what we're going to do as well is we're going to add places in the environment where you can stash a body. You can hide them, either unconscious or dead. And that way it should be easier to remain undetected and keep you in that stealth bubble. Now, this is another thing we talked about in the UI demo, which is the ping. And we saw it in Inesh's presentation, how she did a short ping to highlight a door pump. Now, of course, we allow you now to charge up that ping. And by doing so, we can see further, and we can see through obstacles, and we can populate more information into our data bank that then shows up in our box outs here. So you get the name, and you maybe get the race, and maybe the faction. And you can use this information to figure out where is the weak link, which enemies can I take down without being discovered. There's a risk here, okay? So there's a charge up time, means you can't do it all the time. It's going to recharge slowly. You see the bar at the top slowly going down. Until that goes all the way down, I can't ping. I can't even do a short ping. And it's going to spike my emissions or my signature. So an enemy with the right equipment or tech level might discover me. Okay, so let's move on to some talk about weaponware. So here we're going to see a simulation of a weapon getting more and more worn over time. We're going to expand this beyond weapons to other FPS items like your armor, your clothing, your helmets. In actual game, this would be triggered by weapon usage, right? So the more you fire your gun, the more worn it's going to get. And this is going to affect its efficiency, it's going to affect its reliability, Ich hoffe, man kann dann reduce its resale value. Waffen noch reinigen und sowas. Each item is going to wear at its own rate and persist at its own rate. So you could have a worn rifle with a pristine scope or a pristine rifle with a worn scope. Check this one out. Cooler Schnitt. There you go. Richtig guter Schnitt. So the geometry isn't the only thing that's going to change as your weapon wears. So here we're going to see a pristine Gemini pistol in the little window and a worn one in the big window. And you can see the visual effects. It's belching out smoke here because it's very worn, right? It's telling you, you know, it's time to get this one changed. And you should be able to hear the audio as well. It's get growlier. Okay, on to some consequences. So it's not all visual, so we're going to stop with misfire. So the first thing that's going to happen is you press the trigger, your gun doesn't fire. The second thing that happens in this video, jam. You got. Nice. I hope you guys know what's happening. So he goes and then it goes click. That's the bullet getting lodged in the chamber, right? So we got to fix it. So it's telling us to fix it. We're hitting the button. Our enemy's firing on us. So you got some options. You don't have to fix it. You could holster your gun. You could pull out a new gun. You could use that new looting interface that Inesh showed to grab a better gun. Okay. Okay, I'm going to finish this section with the features that's tangentially related to wear, and that's the dirt accumulation. So here again, we're going to see a simulation of dirt accumulating over time on the same rifles we saw before. But in the actual game, this would be based on your activities and the environment you're in. So if you're running around in a sandstorm, you're rolling in mud, you leave your gun outside proper storage, it's going to accumulate dirt. And that's going to increase the rate at which it wears. So the dirtier your gun is, the faster it will wear out. And this is true for other biome accumulations. Also nicht nur du, sondern auch deine Waffe muss sauber sein. So let's take a look at this one as well. Ja, vor allem finde ich cool, dass es einfach nur Wear beschleunigt. Das heißt, wenn du halt weißt, so eine Umgebung, die dreckig ist, musst du dich drauf einstellen. I'm now going to welcome Zach on stage, and he's going to talk to you more about the FPS weapons. Thank you very much.
Jetzt kommt Weapon Handling. Nice. Hello, Ja, Verschleiß ist echt I'm geil. Zach Priest. Das freut I'm mich. a senior FPS games designer. I'm here to share some of the new, interesting FPS things we have to bring you. So, if you play modern shooters, you'll have noticed the quality bar has gone through the roof in recent years. Things from visual recoil to VFX, just overall general weapon feel. As you know, we recently did a pass on our weapons to get them a bit more up to speed, but we couldn't hit that quality bar that we really wanted to, because guns are violent in nature, and we couldn't portray that as much as we wanted to. So, we made a new tool, and it allows us to show the violent nature of weapons while creating greater weapon-to-weapon variety. So, and this new tool also integrates better with other systems. For example, you just saw like wear and dirt and things like that. And I'm extremely proud to show you the new weapon recoil. So this is the old P4. It kind of falls a bit flat. You're not really getting that like oomph that you want, but you've probably shot this a million times. Now the new P4, it has these nice little bop downs, and you feel it getting close to the camera, and the overall aggression of the weapon is a lot more there. It feels a lot more visceral when you fire it. This new tool gives us granular control over the movements of the weapon. So essentially what we have in one of our tools now is almost an animation tool where we can control the rotation and the location of things. So this is the old PA SMG. This is a new one. And in general, it's bringing the house down now. So recoils are just, in general, easier to tweak now. And they're a lot more impactful, and we can create weapon variety in just far new, more and interesting ways. Cool. Das ist cool, weil die auch so ein bisschen manchmal verreißt dann so zur Seite zieht. Also visuell, nicht nur das, wo du hinschießt. Thank you very much. Cheers. We also have new procedural animation over our ADS. So previously, if you play right now, you basically have a linear pose-to-pose transition. And sure, it's there, but now we layered some of this procedural stuff on top. So for example, if you have an SMG, it can come up a lot quicker, it can flick up, you feel really cool. LMGs can be a lot more heavy. So before it basically just do, move from pose to pose, but now we can keep it longer down here, bring it up slowly, and overall it just feels like you've got an LMG, or it feels like you've got an SMG. We're just using things like, ease in and ease outs, and just give more life to the overall weapon. Das ist einfach eine Animation, die cooler, dann realistischer sind. And we also have new iron sights. So, sci-fi weapons are chonky. They're full of detail, they look really cool, but a lot of that detail can potentially get in the way sometimes. So you've seen, this is a change to the Kana, where we have raised the weapon sight and given what we call the target acquisition window more room to breathe. So if you're aiming at somebody, you can just generally see a lot more, so optics aren't a crutch anymore. So you can see this on the Ravager, and you can see this on the Custodian. So, ja, das haben wir gerade eben schon gesehen. Now, weapon functionality changes. So as you imagine with the new recoil tool, we're going to do a pass on all the existing weapons. They're going to look and feel great. But while we were looking at our weapons, we also realized that some things don't necessarily, align with their manufacturer, right? You look at something like a Gemini pistol. Now, Gemini overall, it's rule of cool. That's what Gemini is supposed to be. So the LH86 pistol should be fully automatic, realistically. So we have a video to show you of the pistol. And as you can see, it goes ballistic when you fire it. The magazine count has also increased to allow for that just crazy feeling that the pistol gets. Cool. Cool. Thank you very much. Right, and Wieso fliegen die moving on Kugeln to nach our rechts new raus, obwohl vault die weapons. So, It's the other video. Okay, das That's hatten wir the gestern optic schon one. gesehen. Der There you Optik. go. Thank you. These are the Vault weapons. So Vault is primarily based around controlling a heat of a weapon. These weapons have the potential to overheat. And if they overheat, you will be unable to fire. And they will enact differently. So some weapons will just basically be beams from the get-go. Some will go into beams. Like you see, this one goes into a beam once it reaches a certain level of heat.
And it's really fun because these are quite powerful weapons, and you basically want to manage the heat and Also keep it in that like bisher die ideal spot. Elektro-Sniper, die auch im Spiel ist, ist einfach nur super bescheiden. And scope improvements. Die macht now, keinen this was shown Schaden und ist yesterday, einfach nur but schlecht. I want to dig in a little bit more with this one. So, Mein Gear ist noch nicht umgebaut. If anyone plays a modern FPS, they know the optics are just gorgeous now. In all modern shooters, they look fantastic. And as you can see, we have zoomed in optics in the center. So and then we have other things like parallax, like you see in real life. And they look gorgeous. And so in general, all our sights and scopes have been overhauled to be more realistic with things like parallax, pincushion distortion, and things you'd expect from having a scope in general. And it differs manufacturer to manufacturer, right? So some things are purely digital, some things are purely physical. So if you get hit by an EMP grenade, for example, or using something like a television sight, like something like Cluey might have, then your optic would turn off. Right. Thank you. Das ist der Yogi hinterm Tisch, unten versteckt. Ja, Jared Ich sehe ihn auch. schon. And Sind eben weapons hingelaufen. are ultimately as only good as they sound. I'll be quiet for this next bit. But as you know, we've done a lot of work on our audio propagation systems and just in general how guns sound. We've also switched out some noises and made them feel a lot more beefy. Oh, das mag ich. Oh. Ja. Jawohl. Taka, taka. Taka, Fantastic. taka. I think all of California heard us there. So, backpack reloading. In real-life combat scenarios, you often grab magazines from other surplus areas. I want to simulate that in our game. So, to show you this, we have something called backpack reloading. If you run out of ammo in Star Citizen, you have to open a menu, put things on. It's a little bit clunky, it's a little bit awkward. So, if you have magazines in your backpack, you will now be able to grab them at the price of a longer reload animation. You will also be able to tell when you have a backpack reload coming up because it will be displayed on the inventory with the backpack symbol. So there's no surprises, no catching of. You have all the information you need. And this has been shown, and it's been teased a little bit, the dynamic crosshair. Now, no more third-party dynamic crosshair, well, crosshairs now. So, if you have a look at this, this is our new crosshair. It's a crosshair that fits the aesthetic of Star Citizen. It's a crosshair that follows the barrel of the weapon, so you'll see exactly where a bullet is going to land. And it's projected from the visor using AR. Some visors won't have access to this crosshair, but some will use modified combat lenses. So if you don't want to use the crosshair, you can just use a different visor. Kacke. As you can see, it works with recoil. Ich finde Crosshair in dem Overall, Spiel macht keinen Sinn. Looks gorgeous. Sollte raus sein. Das ist ein AR-Crosshair, das ist im Helm. Also es ist Ja, schon aber realistisch, wenn es ja Zukunft. Cheers. Weiß ich nicht. And on to more data Das macht things. zu einfach. We're going to provide an improved PvE experience. The accuracy calculator for NPCs is coming over from Squadron 42. Some people have been playing it in the venue and here, and I've been harassing them, whoever's doing the hangar mission, to get their feedback, and it has been overwhelmingly positive. We also have new NPC archetypes, what we're temporarily calling the Juggernaut, which is basically a very high damage resistant enemy that has an LMG or a shotgun. As soon as they see you, they fire, they walk up to you. And overall, it's been playing amazingly. And I'm really happy for you guys, well, I'm really excited for you guys to get your hands on it at one point. PvP, we want to increase the time to kill. Ja, danke. This allows for more varied weapon balancing. You know, we can lay into like sort of a different aspects of the element more, at least a higher skill ceiling and less unfair deaths. It will no longer be a game of whoever shoots whoever first. Ist halt Speaking im of Moment which, force reactions. We're reworking them. We're aware it's frustrating, and we are going to rework the system to work beautifully. And we're also working on some other highly requested PvP changes. Sehr gut.
I'm very happy to say a lot of this work has been dialed in for Squadron 42, is in a very good state, and we're bringing this to you soon. Now, over to the AI director, Fran, to share some exciting updates on combat AI. Okay, jetzt hol me the Juggernaut. Sorry, aber soon ist immer so. Hi everybody. Bisher bin ich von heute jetzt noch nicht I'm Francesco Roccucci, as you said, and I'm the AI director in CIG. It's a great pleasure to be here with all of you guys. It's fantastic. Ich bin noch nicht umgehauen. So, what we're going to do today is to explore how all the work we've done for Squadron 42 is going to flow into the Star Citizen experience. So we wanted to make the AI presentation about how you guys are going to experience the tech and the features we have been working on. So from the player perspective, you've seen how many new opportunities you have. And now it's interesting to see how the NPC are going to react to that. So the goal of Star Citizen is to build a breathing and living environment where your actions matters, and the NPC you will find in the universe needs to have the same opportunities and same limitations that you have. So when we play a game, we want you to spend the time that feels memorable, that feels special, right? Something you can remember and talk about. So we want you to give you a challenge to overcome, but also a challenge that is fun and doesn't feel repetitive and boring. So when we look at FPS encounter, we want to build variety. We want to give the designers, like Zach, the ability to craft combat scenarios, not just to put NPC in the level. And we need to make sure that he can tweak something such that he can experience the unique play style and the play space that you have. So Star Citizen can benefit from tons of unique environments. So for those environments, we want you to have different type of fun. So what we look at today is some of the tools that they have to achieve this goal and bring the AI to the next level. So the first tool we're going to look at today is the NPC trait system. So we spoke about this in the past, and we have now available for designers the initial set of traits they can use to influence the behaviors. So those are some of the ones that are available to the designers. Today we're going to focus on the combat traits, because we have traits that also apply to the peaceful situation and the social environment, but those are the ones that influence NPCs during a combat scenario. And traits, you can imagine them as characteristics NPCs have or don't have. So through the usage, we can make sure the combat feels different from one encounter to another. Traits in tech-wise, are just traits and tags that we can apply to character instance, character classes, but code can also apply them automatically based on specific rules. For example, if you see somebody with a rocket launcher, those will apply, an example, the sentry trait automatically, because those weapons are weapons that work well at range, so you want them to not push forwards to you. So they allow to block, or actually, they allow or they block specific section of the behaviors to run, but they also influence the likelihood of some logic to happen, or they modify the outcome of specific actions. So let's imagine we want to model a pirate faction, something that you can actually experience in the Pyro playground. So we want them to feel aggressive, but also not very trained. They're not very military. So how do we do it with the traits? We can start adding to this faction either the aggressive or reckless trait. Those are traits that increase the risky behaviors. So for example, fighting more in open space, or expose themselves longer when they are in cover. Wie sich verhält. We can then assign to some of those pirates the ignore fire obstruction trait. As you've seen, for example, in Chris Rain's presentation during the CTG demo, we have now destructible environment. So what the NPC will try to do is to keep shooting at the position the enemy has been hiding into. So you will see destroying environment, but you will also see them being less careful and managing their ammos. For others, we could use the undisciplined trigger finger trait. So this trait is, for example, meant to convey the inability to control their weapon when they are emotionally engaged in the fight. And what it will cause is them to trigger the weapon much longer also just a bit longer compared to what the behavior is asking. So being bad at preserving their ammo means they will also run out of bullets much quicker.
So this offers interesting opportunities for players because they can now shoot at them while they reload or while they scavenge the environment. So traits are building blocks we can use to define how character, faction, or encounter should feel. And designer can now create a wide variety of encounters for you guys to enjoy the game. So I want to paint a picture for you guys. So this is the bunker mission in Pyro, right? And we have a set of enemies that are defending the environment. So this is imagine an infiltrate and destroy mission. Those guys are there defending the bunker. You need to take it over. You need to basically kill them all. You are now fighting against enemies that they defend the environment. So before we go to the next slide, imagine the same environment, very similar enemies, but different traits, same behavior. So now you are defending an environment, and they are aggressive towards the environment. They want to take it. So what you will see here is that created a mix of enemies, some equipped with, for example, shotgun and aggressive traits. Now they will push towards you. They will force you to take actions and to react to them. They reload. Some will cover up. Obviously, this is with God mode on, so Zach was not dying. So this is possible to set up with a tick-off box. But this is not just enemies, because in Star Citizen, we want you to hire your own crew members. And those crew members, those characters, will have different personalities, different traits, different training level that they can build up. But when you look at their traits, we want you to see their strengths and their weaknesses so that you can pick the one that either match your playstyle or compensate your playstyle. So one good thing that we want to show you today is the medic. So there are some NPCs that can carry, obviously, med pants, but not everybody is able to use it well or wants to use it in a specific encounter. So we want to tweak this, and we have the medic trait. Here we combine a lot of the tech that we have spoken in the past, usable tech, behavior tech. And as Jens showed you, players now can just not only kill enemies, because before our NPCs would just die, but now you can take them down, you can restrain them. So the eye perception needs to carry all this information about the different actor states. So it needs to know if he's down, but if he's still alive, or if it's just, somebody that you need to wake up. So a medic in the regular combat flow can, when it's safe to do so, and at the right time, attempt to heal his mate that can be helped. So now you can imagine guard patrolling the environment, you take down a character, the guard finds this body on the ground. He doesn't know if he's alive or not. So he can go there, he can check it, check the pulse, see the state, and if he can be helped, he can basically execute the right healing process. If he needs a med pen, he will use the med pen. If he needs to shake him to wake him up, he will shake him up. And if he needs to unrestrain him, he will unrestrain him. And your crew members can also do the same with you. So if you are down in critical condition, they can come and help you out. We'll see now an example of this, where two factions are fighting. And you will see that at the right time, when the guy retreats, this guy can go there and heal his mate. And obviously, he needs to pick up a new weapon because he just dropped it. So as we mentioned before, and as you've seen here, NPC can run out of bullets, but can also lose their weapons. So what we have to do right now is that, first of all, we want NPCs to have a concrete ammo pool to use. We don't want infinite ammos anymore. So the ammo pool is actually constructed by the ammos the NPC carry in their weapons, the one that they carry, the one that might have, and all the magazines they carry. They don't have any more bullets out of that. So NPC must properly use those items to fight. And the longer the engagement, the more likely it is they will run out of bullets and they will have to scavenge the environment. How do they do that? It's through the usable system, as you've seen with Ines as well, Ines' presentation. You see that anything the player can interact with, the NPCs actually can, the same exact way. So the dead bodies can be looted, same as dropped weapons. Ammo crates,
will have physically inside some weapons, magazines. They can provide you with items. An NPC can understand where you can find ammos that are actually functioning with their own weapons. And they actually can decide. For example, if it's better to reach an ammo crate and gather some new ammos, or if that is too far or towards the enemy, they can decide to pick up another weapon. So you will see that also already in Pyro, you might see it. And once they decide to do so, obviously they don't have bullets, so they cannot fight you. What they can do, they can also switch to their sidearms. And the sidearms is less effective, obviously, compared to the primary weapon, but it is still better than nothing for them to protect themselves while they go around and they loot the environment. So we'll see here an example where some NPC run out of bullets. Obviously, in this video, we give them a chance to go and loot as well. And this is a proper ammo crate that allows them to get back magazines. And another NPC arrives, and he will loot the dead body. This is the same dead body you might be able to loot, and you will not find ammos after that. But you will probably find it in the other one once you kill it. So, last but not least, another tool in the FPS arsenal is grenades. Grenades are a great tool. NPC can now fully react and use grenades in the environment. So grenades are a great tool, especially when an NPC needs to counter a player that is camping or a player that is hiding or say in a location that the NPC cannot reach. So grenades force the movement and keep the action going, but they're also very dangerous. You've seen in Ali's presentation and my presentation that a grenade can make electronics explode, ignite a fire, and then the fire can propagate in the environment. So NPCs need to properly understand the environment and not jump into the fire and get damaged. So how do we do that? Is we have a new full system to handle hazards. Yep, Mabu. Basically, a hazard on the decking outside can create a navigation volume modifier. And the navigation module modifier gets registered in navigation system, and our basically mesh can be modified, and it will carry semantic about if that is a danger, something better, and how much costly it is to go through. Because maybe you have a suit that allows you to go through the fire, so that is fine. You will not, the NPC can understand that. But if they can't, they will try to find positions that are safe for them to position themselves, but also paths that will avoid those dangerous areas. And now we'll see an example of that. This is a safe environment, still fighting, but safe, safer. And what will happen now? Fire ignites and propagates. This is fully dynamic, so it's fully controlled by the fire system. The fire system modifies volumes in the navigation system, and we really know where we can and not pass at any given moment. Was halt ein Unterschied ist zu dem, was wir vorher gesehen haben, ist, dass wir es vorher nur im Tool gesehen haben und hier ist es halt implementiert. So this is a subset of the things that we worked on and we wanted to show you today. Thanks very much for listening, and now back to Jens. Ja, ich meine, vorher war das nur so ein Testlevel mit Blöcken und sowas, und jetzt ist es halt mit einem echten Level. Das ist auch aber es ist halt mit schönen Blöcken. Genau. Right, I want to thank Inesh, I want to thank Zach, and I want to thank Francesco for joining me on stage today. We want to extend a massive thank you to everyone who contributed to, supported us, and made it possible to show what we showed today. Now, with relentless optimism, we're looking forward to bringing you this all to the Star Citizen and more. Okay, we're going to leave you with a quick peek of a demo in Hangar 14 of Checkmate with some of these new features. Enjoy. Er hat nur gesagt, sie wollen es bringen, er hat nicht gesagt, wann. Aber der andere hat ja schon gesagt, zu Pyro gibt es das eine oder andere, ist da schon da. Und die hatten ja gestern in dem Booth, hatten sie auch gesagt, die neue AI ist super geil, also wird es da wohl drin sein im Pyro. Ja. Und jetzt mit 3.21 heben NPCs schon neue Waffen auf und so weiter. Genau, also ein paar Sachen können die schon. Ist ja schon ein bisschen implementiert. Den hätte man auch anders ausschalten können. Okay. Erstmal looten, während die anderen kommen.
Boah, der Sound ist gut. Mhm. Mir wird immer ganz schwindelig, wenn ich Devs schießen sehe. Das ist... Oh, er blutet. Erst Granate, dann... Oh, er blutet aber nicht schlimm. Das ist ganz langsam nur. Ja, Mabu, aber in dieser CitizenCon ist es wenigstens so, dass man davon ausgehen kann, dass es im nächsten Zeitraum irgendwann kommen wird. Das war in den letzten CitizenCons halt nie der Fall. Ja, da war es einfach immer nur, okay, wir sehen jetzt hier irgendwas, wann das kommt, keine Ahnung. Und hier können wir jetzt zumindest davon ausgehen, dass es zeitnah kommt. Ja, da steht noch einer. Ja, er hat schon so viel Schuss in dieses Geländer gehauen. Ach du Scheiße. Also. Ganz ehrlich, wenn der die Mission gerade schafft, dann kann die Mission echt nicht schwer sein. Dann wird Squadron 42 echt einfach. Er zeigt ja auch schon, das ist ja eines der Feature, worüber sie gesprochen haben, dass es länger dauert, um einen Spieler zu töten. Also deswegen überlebt er noch. Ansonsten wäre er schon längst 3-mal gestorben. Hoffentlich kann man das Spiel irgendwie auf schwer spielen, weil das ist ja... Eieiei. Und wenn das hier gerade die AI ist, ich meine, die treffen auch relativ okay-isch, ja, auch nicht wirklich gut. Aber wenn das ist, was alle gesagt haben, dass die AI so super schwer geworden ist, also sorry. Ich glaube, dass das... Ich glaube, das liegt vielleicht aber auch ein bisschen einfach an mir, weil ich spiele, seit ich 1 Jahr alt bin, Shooter und Competitive Shooter. Er sieht nicht, jetzt hat er gesehen, ja. Mir wird gerade ein bisschen schwindelig, wenn ich da hingucke. Ja, er weiß, dass da einer ist, aber den hat er garantiert nicht gemerkt. Da war wieder die Taumel-Dev-Animation. Thank you very much. I urge you all to come and join us in the Pyro Playground Pit and have a go at Hangar 13 in Checkmate. Also ganz ehrlich, ich finde das alles ganz interessant, ja. Aber gefesselt hat mich wirklich nichts bisher. Alright, so that was live from the first person. We're keeping this train running because we got a lunch to get to. Up next is Taking Flight with Yogi, Inez, and more. Let's get it started. Boop. Kein Touchscreen. So. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass hier wenigstens was kommt, wo wir wirklich dann sagen, okay, let's go. Weil bisher, wirklich, ich bin heute, also gestern war ich durchgängig im Hype. Hello everyone. Hi Yogi. Is my mic on? Ja. Okay. Can you hear me? Ja. Fine. These are the wrong slides. Hang on. Well, hello everyone. My name is Yogi Klatt. I'm a principal vehicle programmer at Cloud Imperium Games, and I focus on space flight and space combat. I really love my job, so this is why I'm really excited to show you the progress that we did on Squadron 42 in the last 2 years. So there's 2 things I need to say here. First thing is we're doing a live demo, and the build is about 12 hours old, so there is a good chance. There's a good chance for bugs, which, well, if you see them, just look away. It will be fine. Lieber ein echtes Live-Gameplay als I'm not flying myself today. It will be Brent Gunzinger. He's using a setup of 2 VKB sticks, so left and right HOSA setup from VKB, and he's also using the fantastic Toby device. So we'll swap during the presentation between using head tracking and not using head tracking. Yes, so, but the good thing is, the relationship between you and your starship, it doesn't start when you take off, it starts way before that. There's a lot of stuff we do now in pre-flight. So please welcome back Ines Caldas, who will walk us through that process. Ines nochmal, die ist wieder gehypt.
Is this working? Yeah. Okay. Hello, everyone. It's a privilege to be here back on stage to tell you all about what you can expect about the player interaction experience inside your cockpit. If you like, I've told you before how we've been working towards improving the player interaction experience all across our game, and we wanted to bring these improvements to what happens inside the cockpit. So we wanted to give you a greater immersion and. Okay. Yeah, the slides are not, sorry about that. Yeah, so you want to give you a greater immersion and give you a closer experience to what pilots go through in real life, not only when you're flying around your ship, but the moment you take your seat at the cockpit. So to achieve this, we've created, when you enter your ship, you'll be put in what we call a new relax pose. So in this pose, you'll have free look enabled, so you can easily look around the cockpit and your dashboard. The prompts will be showing over the buttons, so you can easily find the ones you have to interact, and you, the pilot, have to press all the different buttons to get your ship ready for flying, and the character hands will be lowered away from the control stick. So all of this blends neatly into our new player animated interaction system, whereby any button is now physically pressed. So this new system uses what we call a CDIK approach. This stands for code-driven IK, or inverse kinematics, and gives full control of the IK setup to the code. So this, among other things, allows us to record the path of the hand relative to its target. So we can have more detailed animations than just simply blending the hand into position. So for example, we can open a flap and then press the button. But enough of me talking, let's go jump into the demo and see all of this in action. So now. So Brand very kindly will get us into the ship, while you'll see the new enter sequence. Ja. And you'll see the new animations we have been working on. Das sah gerade aber ein bisschen aus, als wäre das ein Video, was sie jetzt doch angedrückt hätten, ne? Das wurde ja mal umgeschaltet auf einen anderen Bildschirm. Ja, aber da stand Live-Demo und mit dem Play-Symbol auch drin. So you can see now that you won't directly grab the control stick. You'll be put on this relaxed pose with free look enabled. That's and cool. You can see the different prompts appear over the buttons. So let's get this show started and get your ship ready for flying. So Brand, if you could close the canopy so we don't be flying around without open. Drück den Button. Power our systems. Das ist eine Starfare. Ah, ja, genau. Oh, look at that. Nice. And finally, turn our entrance. Nice. Yeah, so you are now ready for flying. Das neue So UI we sieht so gut will aus. be bringing all of this to all of our ships in our fleet. And that's all from me. So please join me in welcoming to the stage Tony to tell you all about the new UI. Ja, genau, mal wo. Das ist echt so Top Gun-Vibes, aber halt nicht pre-animated oder pre-programmed Animations finden ich gut. Hi everyone, my name is Tony. I'm senior UI programmer here at CIG, and I'm here to explain some of the spoilers that you saw yesterday about our new ship UI. So, are you ready to see the ship UI in action? Right. Bone, play the demo. Brand, continue with the demo. So, as you can see already, this ship has less intrusive UI, with more space to enjoy the stunning vistas that planets can offer, and less cluttered views so you can focus during combat. This also means that the UI elements are now more relevant to the situation, linked to the operator mode. For example, when we change to scan mode, the crosshair has scanning information about your target, and even the MFDs have changed. Some of these elements can be customized, but we'll see more about that later. For this demo, we're showing the UI developed for this Gladius. Basic information related to navigation will always be available on your view, and this Gladius displays all of that with holograms around the dashboard. But other ships may have different layouts and styles, on brand with the manufacturer. Wo ist meine For Helmkamera? example, the Drake, so that makes more affordable ships, rather than fancy and probably expensive holograms, may use physical screens, dials, and light indicators. Yeah, nice.
Das ist This geil. dashboard shows your current speed, the remaining afterburn, and some decoys available. On both far sides, we have status indicators that will show things like if your landing gear is on or any other flight systems. Worth mentioning that we have prototyped these for the demo, so right now they're holograms, but on the final design, these are going to be physical screens. On the far left, on the top of the dashboard, we have the indicator of which master mode and operator mode are you on. So let's change that to combat and talk about these new MFDs. Das macht er mit dem Tobi Das kannst du mit dem Eye-Tracker machen. We have so. reworked all of these MFDs from scratch with brand new views using our UI technology building blocks. We can still navigate through these MFDs using the classic mouse interaction, holding F and then moving the mouse. On the left here, we can see the scanning view, which is going to show information that you obtain when you scan a target. It may show information about the ship name, the pilot name, or even the current operator mode of your target, so you know if they're just chilling around or they are ready to fight you. Cycling to the left one, we have the target status, which will focus on emissions, damage, and orientation of your target. We'll see that in action later. The next one, continuing to the left, will be the self-status, which is contextual. So during navigation, that will show your current fuel, but during combat, like right now, will show information about your guns. You can click on the gun, and you can see basic information about that. Nice. You will see the name, and you can also see in which group they are assigned, which Yogi will explain later. On the MFD on the right side, we have the power management, where we can distribute the power of different systems of the ship. You can click on the triangle and move it around to change the distribution, and you can turn down the total power of the ship that will generate. The classic key bindings that you all know already works, so when you change the power management, you will see now a triangle on top of the radar to show you the changes. Now, instead of using mouse, you can also use key bindings to select MFDs and cycle through the views, which might be faster when you are in certain situations like during combat. And for those pro players out there, we have added about 100 key bindings, and I mean 100, to navigate through all of these systems. So you can fully customize how you want to navigate through them. Okay. And I really hope that's more than enough to use on your keyboard, on your HOTAS, or even on your game class setup. But if you need more, just let us know. Anyway, I think you're not going to need even those many shortcuts. For each operator mode, we now persistently save which views are shown on each MFD. So you can customize what's important to you for every situation. Hatten ja manche Schiffe schon, aber das ist trotzdem geil. So as an example, during combat, you might want to have target information on your MFDs, but maybe when you change to quantum travel, have your current fuel, spend some time on the configuration screen, for example. Let's talk about this configuration screen. We're going to have now here a variety of options, from customizing UI elements to enable systems of the ship. We may see some of these later in action with Yogi. These settings are now available on this screen, not in the global settings of the game, for quick access. So just as a warning, expect changes on the settings that you already know, but we'll tell you all about it when we have it ready. Die ziehen das im Prinzip in-game, die Einstellungen. They will persist to anstatt dass das alles über Options so you can keep different setup of which UI elements and even ship systems enable for how you personally use each of your ships. Now, some of you might be thinking that this Gladius doesn't have enough MFDs. Jetzt macht dein Helm endlich an. Gott sei Dank. Gott sei Dank. For those of you that you want to see even more information, you can now cast versions of these MFDs to your helmet. Gott sei Dank. Yep. For this, you're going to need to equip the appropriate helmet, so it's connected to your ship and I can get all this information. You can use the key bindings, as I mentioned before, so you can select which cast do you want to control and how to cycle through them. Das ist für jeden so you can Segen, Mabo. pin views that are important to you. Ist egal, ob du einen Tobi hast oder nicht. That will move with your camera. So as you have seen, if you're aiming at the target or if you're moving with your head tracker, those views are going to be always with you.
With all these tools, you can customize your experience and have it ready for every situation that you encounter with your ship, always displaying the relevant information to you. So for example, during combat, you may want to have all the UI elements enabled, all the pips, Wenn ich all einen the Tobi crosshairs, nutze, brauche ich das so the weniger, als wenn ich keinen information of nutze. your ship on the physical MFDs, and maybe focus on the target information on your cast, so they're always on your view. But maybe when you go to quantum travel, you can turn those casts off so you can enjoy the vistas. That's all from me. Now we have MFDs ready, and let's bring Yogi back to tell you all about flying your ship. Thank you very much. Mit dem Eye-Tracker, wenn ich den anhabe, ja, dann kannst du schnell runtergucken. Kann ich schnell runtergucken. Und das kann ich halt so mit Maus und Tastatur, oder wenn ich so fliege, kann ich das nicht. Okay, at this Aber point das our liegt ship is eher fully, daran, dass die Schiffe fully manchmal powered doof up, designt sind. ready to fly. Pre-flight is complete. So Brent, please take off, put the landing gear in and bring us out. Los geht's. Ja, jetzt will ich was Neues Have you sehen. seen the interaction? This is great, isn't it? Okay, so one of the problems we always have in space games is to produce a sense of speed. Space is big, and the sense of speed is always produced by, you know, small things. Sehr witzig, das hat er mit mir auf der Bar So Citizen although it's not gesprochen. very visible here, the VFX team has actually added space dust, so in the future you can tell where your ship is going, even without looking at instruments. Another thing we're focusing on as well is G-force reactions. So Brent, if you could come to a stop for a second. When your ship is sitting like that, and you strafe left and right, you have these small head motions that basically make your head and your body react to the G-forces they're currently enduring. We're actually increasing them now. We also added rotational G-forces into the mix, so if Brent is now rotating the ship to the left, you also can see that your head is swaying a little bit. Things get a little bit more interesting when Brent is actually taking boost into the mix. So if he now boosts forwards, we now added a camera shake, we added FOV changes, and this all then plays together with the other things like, you know, the other exhaustion effects that we have. So overall, the ship should now feel a little bit more reactive than before. Ich hoffe, man kann das ausstellen, weil es gibt sehr viele Leute, die Motion Sickness bekommen bei sowas. At the same time, we reduced the extensions that that look-ahead code is doing. So we basically narrowed it down a little bit so it mixes better with G-force reactions, so that even when you don't have a head tracker or something like that, it will still feel pretty good. But this is just a minor change. We also improved the flight controls themselves. So take a look at the speed gauge, for example. It's a little bit twitchy today. What that speed gauge is telling you, the number that's currently moving, is what kind of speed goal Brent is actually putting in. If he puts his stick all the way forward, the left one, you will now be able to see and read the number that you're asking IFCS to speed and forward momentum. This also allows us to bring back the sticky throttle we had pre 3.5, where now, if you play with mouse and keyboard, you can press W and S to increase and decrease your speed and let go of the key, and the ship will not automatically come to a stop. Of course, this is all completely configurable, so you can enable that or not if you want. Das ist aber gut für Maus- und Keyboard-Spieler. Oh. Okay, Brent, give me some hard flying now, like blackout and all that. Okay, so another thing we changed in the flight model is that we actually looked at the tricoding exploits. These are really important for PvP and racing players among you, because tricoding gives us a mathematical problem that we're trying to resolve. On some ships, when you tricode, you get actually up to 50% more acceleration. That huge difference actually makes a lot of the ship difference meaningless, so we're cutting back on those. So a first implementation of that is already available in the master mode testing areas in 3.21, I think. But we're improving the algorithm right now so that it actually is less punishing in future master mode builds. This is actually a current version, so as long as you go roughly forward, you get the full Gs from your back engines. Okay, so now the biggie in the room. We're talking master modes. Master modes is by far the biggest change we're doing on the ship gameplay. In general, all of your ships will be put into, or will get a master mode setup. And the master mode is affecting basically everything surrounding everything on the ship. The ship itself, the flight model a little bit, but specifically the items and what they do.
And there are two master modes we're going to talk today about. One is SCM, which stands for Space Combat Maneuvering, and the other one is Navigation. So let's look into SCM. SCM is the mode that Brent currently has active. So you see the, Brent, can you go into the indication, please, for the master mode? Just point with the mouse there, if you can. Yeah, so this is your current master mode. It says SCM. When you use SCM for basically all the gameplay that is not traversal. So combat, mining, salvaging, you're using it for that. You have full access to your combat system. Your shields are working, your thruster boost is fully active, your weapons are working. It's the high performance, high alertness mode that you're in. However, we will heavily restrict how fast we can go. We can go with your ship. Okay, Brent, go to full max speed. So this Gladius on max speed and SCM can reach about 225 meters per second. That might seem slow compared to what you have in the Pew right now, but it's still pretty fast. However, you can extend that speed. Brent, if you just go forward and boost. So the Gladius can extend up to 550 meters per second. On this slide here, you can see the speed spaces we're talking about. So if you're just flying around in SCM, which is like the max speed of your ship, you can reach the 225 meters per second. If you boost, you can reach up to 500 or 550. However, that boost space is not spheric. That means if you boost forward, you reach higher speeds than if you boost backwards. That is really important for space combat maneuvering, or for dogfighting in general, because it discourages backstrafing. It actually punishes backstrafing, and it creates more interesting combat maneuvers. The PvP players among you, they basically call this encouragement to closing the gap, which is basically more forward-centric combat, which is much more exciting than backstrafing and just trying to get some shots on. Yep. It also forces you as combat players to commit to the decisions you did earlier in the fight. So it's going to be, we think it's much more exciting. Okay. So in short, you pick SCM when you need to fight, when you want to fight, or when you need to fight, right? The thing with the master mode switches is that they do not happen instantly. They take a while to move over. So we're now going to put our ship into the second mode, which is navigation. So navigation mode is basically the opposite of SCM. What this does, it gives you a high-speed, low-performance mode. Your shields, they will collapse. Your weapons will not be able to fire. Your defensive systems will not be functional. But you have higher speeds. So in nav mode, you can still reach the speeds of what you have currently in the PU, something, I mean, depending on the ship, sometimes 1,000 meters or 1,400 meters per second. But all your regenerative systems, so regenerating the weapon capacitor, your thruster boost, will be inhibited. So this means when you want to go fast, you need to be very, very careful when you want to swap over. So imagine you're in a fight. Sogar mit dem Hydrogen, dass man das die ganze Zeit sieht. You should not do it right away, because if you just swap to navigation mode in the hope to flee, you are being left with no shields. And the first thing that will go offline when you are hitting with distortion guns is the quantum drive. And that is important, because the quantum drive will spool automatically up when you enter nav mode, and it will then unlock the higher speeds. So this means when you're in nav mode and you're fighting, you're very vulnerable, so you should get out as fast as possible. Luckily, navigation mode not only allows you a higher speed, but also gives you access to the new quantum travel experience, which we're going to show in a minute. So that is nav point that you see there on screen. This is the point where I want to go to and quantum travel to. Before we do that, I need to quickly explain what this is about. So currently in the PU, when you quantum travel from A to B, you're actually not really moving. You're going on a spline, and you're teleported in every frame along that spline. So there's basically no meaningful gameplay we can add there. The new quantum travel experience is fully physicalized. Physics is always on, which means when you quantum travel from A to B, you're actually accelerating using our awesome physics engine. And because it's physicalized, it gives us a lot more meaningful gameplay we can play with. So Brent will start the quantum travel in a second. What will happen then is your quantum drive will initiate the jump. You will see an effect that distorts the space around you, and you will accelerate forward. During the acceleration process,
and so this is the time until you actually reached your cruise speed. The ship will experience forces, and you as a player, you're responsible to counter these forces. So there is an element of failure. Okay, Brent, let's show that. Okay. Das will ich sehen. And take your hands off. Oh, er schmiert ab. Ja, hat ja die Hände rausgenommen. Fällt. Okay. Okay. Jetzt bin ich wieder hooked für heute. Okay. Maru, ich glaube, das geht in die Richtung auch mit dem Quantum Jump Tunnel. Da kommen wir bestimmt noch hin. Ich hoffe es. So what you just saw is basically the failed attempt to quantum travel. Brad wasn't countering the forces, therefore he was thrown out, the quantum bubble collapsed and threw you out. Your ship doesn't like that. IFCS needs 5-6 seconds to recover from that, during which time you're just tumbling, right? So, and this is not just like dependent on your skills. If you think selecting a proper quantum drive doesn't matter in the future, think again. If you want to take care of your quantum drive, you want to repair it and keep it in good shape. So if you buy a cheap one, your travel will not necessarily be faster, but it might be harder. Okay, so Brent, show us how it's done properly. Ich glaube, wir wollten einfach die Animation noch ein paar Mal heute zeigen. Ja. Weil er lenkt gerade mit, ne? Man sieht es richtig. Er muss im Punkt drin bleiben. Und wie lange das auch dauert, bis er jetzt wirklich weg ist. Wenn du jetzt einen Sprung hast, der... Bubble locked. Okay, jetzt hat das. Jetzt hat das, ja. The bubble is locked. You can now go hands off. Aber das ist geil. Das ist richtig geil. Das ist so ein kleines Minigame, was es so viel geiler macht. Oh, sieht das gut aus! Oh, nice. Und die Sounds, Alter! Ja, die Sounds Okay, sind so auch geil. there's a second variant of quantum travel, and this is for short-range jumps. Sometimes you jump somewhere or you go somewhere, and you see the next point of interest is like 1,200 kilometers away. We're not going to force you anymore to travel that by hand. You will use a technique called quantum boosting. It's a quantum-based short-range jump for like something between a couple of hundred kilometers to like 30,000 kilometers or so. Hat er nichts gesagt, nee. When you use quantum boosting, the process is practically the same, but the quantum bubble will not stabilize itself, so you need to be hands-on for the whole time, and the speeds are naturally, well, slower, but it's not slow, it's still quantum traveling, right? Okay, so Brent, can you boost to... Oh, reinforcement needed. Yeah, let's go there. Let's boost. Oh, actually, sorry. Thank you. Okay, so what Brent is currently showing here is, I think I forgot to mention, quantum boosting works in every direction. Er springt aber irgendwo hin. Points. Nice. Ja. Er springt einfach irgendwo hin. Nice. Ja, Brent is awesome, thank you. Novia, ich glaube, okay, das ist so now, please boost to reinforcements Ja, needed. das ist, wenn Dings rauskommt. So if there's enough point and you boost, your quantum travel system will pick that knife point to go to. Ja, genau. Welcome to Pyro 3. As you can see, there's a lot of UI happening right now. There's a lot of context there. Ja. And this is not an online demo. Rote und grüne Marker. So that means all these units there, they're friendly and hostiles. They're probably fighting with each other. Man kann which endlich is a good segue to talk about AI improvements. And there's one man who can tell you all about AI. This is the man with the nicest legs at CIG. Well, please welcome Diego Marty Mason. Ich dachte Jared. Er hatte mir auch sehr, sehr nice Legs. Diego, nicest legs. Der ist ein guter Entwickler. So who's excited to see the new AI changes? Hi everyone, as Yogi said, my name is Diego Marty Mason and I am the AI programmer focusing on the fly combat. Over the past year, we've been working on delivering a thrilling experience to the AI encounters. Let me first walk you through our journey. We first started looking at the current AI behavior in the PU. We quickly realized how uniform fighting was.
and how we were not using all of the tech available to us to make a more interesting experience. We had the foundations, and we wanted to learn more about how you, the players, do your combat encounters in the verse. So we did this by getting combat recordings, analyzing videos, and internal playtesting, where we were hammering each other for hours. It was fun, unless you went up against experienced fighters like they are. Anyway, with all of these data, we started crafting the first prototype, with the focus of bringing that human behavior into the AI brain. When the first version was ready to be tested, I handed it out to one of the best internal pilots in the team, Yogi. So Yogi, what do you think about my first prototype? It was an exercise of humility. It was an exercise of humiliation. I hated it, and I blame Diego. So this was due to the AI being able to keep a good range control and a perfect orbit around their target while maintaining a constant firing solution. Come on, it's a computer. We learned a lot from our initial prototype, and it really helped us to define what we wanted to deliver. A combat experience where the AI, yet challenging, makes mistakes, just like us, humans. We want players to leave every combat encounter with a feel of satisfaction by encouraging you to keep on the move and make use of the vehicle systems available to you, so you can at least try to win the fight. Let's see how we brought this new iteration of combat to life. We broke down in multiple stages. The first one, interception. Then the main engage phase, which we broke in different tactics: strafer, jouster, chaser, and finally, disengage. Let's switch to the demo. As you can see, Brent has encountered a skirmish. Let's talk more about the combat flow there. Live team, okay. Okay, we will start with interception. After acquiring the target, the primary aim is to close the gap with the target. If the AI is already near the target, the interception phase is skipped completely. If it's too far, it will tell the AI to use the new master mode to swap into navigation mode and make use of the full speed to chase. Swapping back to SCM mode when we are in a striking distance. That leads us to our second phase, engage. Here the AI selects an adequate tactic based on combat environment. These are choosing via the traits and tactic selector system. You've heard more about them in the previous talk by Francesco. Wie lange fighten die eigentlich gegeneinander? So let's talk about the strafer. As this is a 6 degrees of freedom game, it's the natural combat shape adopted by pilots. We have related the same behavior to our AI, ensuring also that orbits are close and adding variations to include rolling. Strafers will break combat if they cannot keep an orbit. So now we see how the hammerhead is being attacked by hornets. These hornets are jousters. Jousters consist of performing straying attacks whilst outputting a lot of firepower, blowing through, smooth turning, and repeating. We added variations for the more skilled pilots, like skid roll attacks, that provide a spiral-like fly path. Jousters are also good at monitoring for back strafers, so if they cannot get into strike distance, they will just break. And finally, the chaser. Now, Brain is going to get there in a second, but the chaser is going to be the cutlass, which is following one of the hornets and is allied with the hammerhead. Now, we are really far away, 10 kilometers. So the chaser, it will try to always stay on the target 6. The idea is to force the target into a defensive stance by making them turn into the chaser. This maneuver will be seen mainly in squads and atmosphere Sie fliegen da combat. rum und gucken sich NPCs an, The die da final kämpfen. phase, which can happen at any time, Das hier ist jetzt der depending Chaser. on the combat situation, is disengage. Der versucht This halt phase immer is hinter der Hornet zu triggered based on bleiben. constant In der listen to Live-Demo können multiple die events in anderen parallel. einschalten, okay. To name a Genau, die few, schalten nur auch critical nur die health, Kamera. damage to Ja, shields, or weapons depleted. Hätten sie es mal aufgenommen. There is also a shorter version of disengage that we call pace breaks, which occurs during long periods of combat due to fatigue, nature of the combat encounters. These pace breaks are short, and the main objective is to perform a simple maneuver to gain a new advantage position and strike again. This new flow is what encompasses the core of our new AI fly combat experience.
in combinations with AI traits that will give designers the tools to tailor each combat encounter in the verse. Like, for example, they can choose the ace traits that will allow AI pilots to make use of all of the ship's angular velocity so they can keep a more precise orbit. So for some of you out there, it's going to be a good challenge. While we've been mainly focusing on fighter behavior, we've also started to follow the same process to other ship types, like gunships and capitals. In the near future, we want to deliver an experience where going against a capital ship like an Idris is a tough fight, that unless you bring the right combinations of tools, meaning ships that are equipped to take down capital ships, you will get demolished by their powerful turrets. Now, after all of the feedback, in our first internal playtest, we've received a lot of constructive and positive feedback. And Yogi's not longer being destroyed by the AI, so I think he likes it a bit more. Thank you, everyone. I hope you enjoy the new AI. And back to you, Yogi. Okay. Was aber cool ist halt, dann können die halt wirklich den NPCs Traits geben und du darfst ja nicht vergessen, die NPCs Diego. der Quanta, also die, Okay, so now we're going to talk about, wieder siehst, weißt, we heard about how AI makes my life hard. Now let's talk about how to return the favor. We're talking weapons. So, the weapon and aiming systems and squadrons, they went through a lot of changes. I can only mention a couple of them, so I will go through them relatively quickly. First thing on our to-do list is basically weapon tuning. At the moment, almost all weapons in the PU are practically the same. In Squadron, that's not the case. Almost all weapons have different properties. They have like different projectile velocities, different DPS numbers. But they're not just different in terms of these numbers. They also feel different. Remember the cinch cannons from like a couple of years ago? They were very powerful weapons, but they were extremely easy to use, which made them meta weapons. So we're going to bring the cinch cannon back, but we make sure that the amount of work you put into these cannons in order to employ them is on par with the other guns. So there's a lot of stuff that we're going to do to make sure that weapons have a lot of pros and cons and avoid meta. Specifically for this build, Brent is equipped with a I think a close and burner laser repeater. Can you fire it once? Yeah. And the other weapon he has is he has 2 weapons on the wings, which are Getz cannons, size 3. With 1 push, they're actually firing 2. So we're also gonna have burst weapons and so on. Okay, cool. So a problem we have in space games is controlling the engagement ranges, because we want to bring the fights close. But the problem is that, well, how do I put this? Weapons usually, in order to bring them close, what the game devs usually do is they just restrict the ranges. Like in the PU, a lot of the weapons have exactly a range of 1,400 kilometers, which means often the fights occur at 1,399 meters. This is not a good way for us to control the weapons. And we tried out things like damage fall off, so that bullets get more damaging the closer you are. But the problem there is, how do you communicate that to the player? So we're going to do a couple of different things with that in the future. Let's see when the graph comes on. Okay, so show of hands or show. Which of you has an Ares? Okay. As an Ares pilot, you might know the following problem. You have a target. You're going to aim at it. And then you... This is... What the... Okay. I need to go back. Okay, there's actually some stuff not there anymore. I don't know. What happens when you aim with your crosshair over the pip is that you... actually not aiming at the pip. The legacy system gives you a pip which does not show you where the weapon needs the pip. The new aiming system actually produces the pips based on where the weapon sees them and reprojects them on the target. That means the aiming information you're getting is actually much, much more precise. And this is a very interesting, sorry, I said the completely wrong thing. I'm sorry, I'm nervous. Okay. Controlling weapon ranges, sorry. I'll do it now, sorry. Naja, das ist das größte Ding überhaupt. Ich weiß, vor allem hat er alles im Kopf, der weiß alles einfach. Okay, controlling ranges. Von einem Jahr bis jetzt. In the future, all the weapons will get much, much longer ranges. Size 1 weapons will fly to up to 5 or 6 kilometers before the despawn. The way how we do this, wait,
the way how we do this is we're adding spread. Because spread is for us is a very good indication on how to control the ranges. This is not a one-to-one relationship there, so don't worry, you won't get like spread with like 20 degrees offset or something like that. Don't worry, right? But if we compare the spread of the weapon with the target size, we know when the weapon is in range. We know when you actually are close enough so that the majority of your hits can hit, and we're telling you that via the aiming system now. So Brent, let's go back to the demo. If you get a green pip and a green crosshair, it means you have a high chance of your weapons hitting the target. Okay. If Brent takes a little bit of a step back and waits until the pips and the crosshair turn red, this does not mean that the ship is out of range. You can still hit it, but you might waste bullets. This also has the benefit that, I'm not sure if you saw that before, but if you look at how many bullets are in the air, you're actually getting a lot of bullets, a lot more bullets, and it just looks a lot better. Okay, Brent, just kill these guys now. Bam! Okay, ja klar. Easy. Okay, so das heißt 100-Waffe mal kurz draufgesetzt. The thing you might have seen die haben wahrscheinlich einfach wenig Leben und machen keinen Brent Schaden. is loaded with size 3 guns on size 3 gimbals. That means we're removing the M-1 system. The reason for that is the original intention of like controlling the performance between joystick and mouse players just didn't work out, and the new aiming system is flexible enough to deal with these differences. So we're just removing it and keep going. So next point, pip grouping. If you have different weapons with different projectile velocities, you will get different pips. Because merging the pips makes no sense for us anymore, because the weapons are going to have vastly different projectile speeds. So if Brent, for example, enables all the weapons now, ja, oder sie machen size 1 Gimbal drauf, Mabu. So let's talk a bit about pip optimizations here. And this is the thing I messed up before. Again, who is an Aries? If you aim at your target, you get a pip, right? Your Aries owners know that. You aim at the pip, you shoot, you miss. And this is because the pip is not being shown where you need it. In the future, we're actually offsetting the pip where the weapon sees it and then reproject this onto the crosshair. Jimmy, vielen like Dank that. And when you then hit, für die Mitgliedschaft auf YouTube. No, when you then shoot, you hit. And this is, of course, also communicated by the aiming system. So when the pips turn green and when the crosshair turns green, just shoot. Okay, so now to the actual best part. We cannot take down this hammerhead. It's too big for us. But we can cripple it. The weak points on the hammerhead are the turrets. The way we're going to do this in the future is with precision targeting mode. Brent? Right. Enable precision targeting mode. There we go. What this does, it does 3 things. You get this full zoom on the target. You get a lower RPM of your weapons, which increases or decreases the spreads for more precision. Nice. And you get the painting mechanic. Anywhere where you put your crosshair on that ship, it will tell the gimbal system where to aim at. So if Brent now attacks the turrets, nice. Your aiming system will automatically lead the shots. Bam! 1 turret down. Nice. Wieso hat jeder Turret jetzt Schilde? Das sind die Schilde vom Schiff, glaube ich. Wieso? This hammerhead now understood that it's not good. It doesn't stand a chance right now. But this will be the way how you in the future will fight against sub-targets and so on. The good thing about this, it also works even without painting the target directly, so you can do very, very precise warning shots. And there's no aim assist that kind of like destroys your aiming processes. Okay, so the fight is now over. Sorry, I need to rush this. Also was ich bisher ganz kurz, kann ich ja mal sagen, ich habe sehr viel Arena Commander gespielt und sehr viel Gladius gegen Gladius. Okay, Brent, switch to nav mode. Wenn du im Gimbal-Mode da spielst, bist du komplett am Sack.
Also gegimbelt triffst du da gar nicht. So Pyro 3 is also called Bloom. Das möchte ich nur ganz kurz sagen. It's a very big planet with a Das nice muss atmosphere. schon ein sehr, sehr, sehr weiterführendes Bild sein als das, was wir gerade haben, weil du triffst absolut nichts gegimbelt. Du musst steif spielen. Also fix. Oh well, something's wrong with the throttle. We'll try to go down as fast as possible though. As I Die werden think the demo langsamer, weil might sie in have die bugs. Atmosphäre fliegen, oder? Bitte? Ach ja, jetzt. Und ich dachte, sie werden langsamer, weil sie in die Atmosphäre fliegen, weil der Leute gesagt hat, sie sind zu langsam. Nee, er war im SCM-Modus. Yeah, steeper angle, that works. Das dauert ja ein bisschen, bis dann alles aufgeht. Okay, so the thrusters on your ship, they do not like the vacuum of space. We're talking spaceships here, right? And we have thruster efficiency curves on these thrusters. So at some point, especially the MEF thrusters, they will cease working because they don't like atmosphere. They will overheat very, very quickly. So there's the question: what happens when you go down to a planet and you want to rotate your ship with your thrusters off? Ja. Well, we'll see. Can you go to external view? Flügel. Flügel, Can you Flügel. waggle your tail? Waggle, genau, acht auf die Klappe. Siehst du? Jawohl. Das sind die Klappen. Die hat aber die Corsair nicht. Doch, natürlich hat die Okay, Klappen. back first person? Dingsklappen, Steuerklappen. Okay, so what you see here is the new aerodynamics model. Because obviously our left stick is somewhat damaged or so, we can't be as fast as we want. Actually, Brent, can you try W and S on the keyboard instead? Oh, it doesn't work. Oh. No, it doesn't. Yep. Okay. No, the stick is affecting us. Okay. Anyways, we're going to go down as much as fast as possible. So the new aerodynamic system is a complete replacement of the aerodynamic system that you currently have, and you need your control surfaces to actually turn the ship around. It simulates the airflow over your lift surfaces, and therefore, the slower you become, the less effective those control surfaces will be in order to turn your ship. So we can demonstrate this. So if Brent just sits here and yaws left and right, you will see he cannot go further than that. That is in line with what real airplanes also experience when they're trying to use the rudder to yaw left and right. So what Brent can do here is he can roll and he can pull to actually change also so wie man einen Jäger fliegt. Ein Flugzeug fliegt, ja. Warum jubeln denn alle? Das macht man doch derzeit auch. Just for this demo, we added a button. The button is called thruster disconnect. Because at the moment in the PU, when you go through a planet, you're using the thrusters to rotate. We're not doing that anymore. So Brent, disconnect the thrusters, please, and put the ship into a purposeful stall. A stall happens when the airflow over a wing ceases, or over a lift surface ceases. And then at some point, you will not have any authority anymore, and your ship will not turn and so on, and you will basically fall out of the sky. That is naturally a state that every plane wants to avoid naturally, right? And this is happening right here. Brent is not able to use the control surfaces right now because the ship is in a process of stalling. However, the airflow will pull the nose back into the wind, and once you have enough speed, he can actually, well, he gets authority back over these control surfaces. That's cool. That means for you as players, what you can actually do, you can do aero braking, you can do pure gliding if you want to. You can even do like competitions, like, I don't know, like drop ships out of orbit and then see how far they glide. This is all possible with a new system. So let's talk about the problem. Vorher ist nicht how do you come to a stop now? Mabut. Das war jetzt gerade. To come to a stop, die Kurve, with the new die system, ist, das musst you du need to jetzt auch purposefully schon put machen. the ship into a stall. Mit einem But Fighter. don't worry, when we don't have the da gibt's thrusters keinen disconnected, IFCS will help you. So you're gonna bring down the speed more and more until you're reaching stall speed, which is about now, and then the thrusters will kick in and catch you. That means, however, you are now in a state that the thrusters don't like, right? So at the moment we have turned this up, but in the future you will not be able to hold this for long. So if Brent, for example, now from a hover, strafe is left, more left, more left, more left, the wind flow again pulls the ship over, and you go forward again. Nice. Okay, so now Brent, now show us how to come to a hover, and do we have some water here? Oh yeah, there's our point, okay.
Highway to... Ja, Top Gun. Ja. Einfach nochmal kurz reinbringen. Okay, so there's our landing point. Can become a little bit slower, I don't know, 100 meters per second. So we're trying to land somewhere here. Whoa, look at this. Yeah. Yeah, that water is great, like, awesome. Okay, so now we're coming to a, so now Brent will try to land with a broken throttle. And yeah, he's aided a little bit here by the landing gear, so he has landing gear out, I think, because that automatically enables precision mode at the moment, so that you're a little bit slower, but you can of course like turn this off as a player. And then you come smoothly down to a landing. The best way to land your ship is in decoupled, because you can just like very smoothly land it on the surface. And clunk. And now you're gonna power down the ship using the new interactions. Engines off first. Then we're in the relaxed pose again, as Ines showed before. Power off. And the canopy off. No, open, not off. Don't put the canopy off. Geht auch. And get out of the ship. And probably go for a swim or something. Okay, that was a bit of a buggy, bumpy ride, but thank you for taking the time with us. And we'll see you in the verse. Thank you. Okay, war okay. Wie gesagt, bisher haut mich Thank you so much, nicht so Yogi. viel Everybody, it's time for lunch. We'll be back around 2:45. So get yourself some food, get yourself some drinks, give yourself some snacks, stretch your legs, and then be back in Hall A when we come back, because from this point forward, you're not going to want to be anywhere else. Okay. We'll see you at 2:45, everybody. Take care. Das will ich für dich hoffen, Jared, weil bisher bin ich enttäuscht von dem Tag. Also nicht enttäuscht, aber gestern war halt so ein absoluter Abriss. Gestern war alles so unendlich krass und heute ist es halt, ja, wir haben halt hier 2, 3 Sachen gezeigt und gemacht und die sind wichtig und die sind richtig, aber das ist halt nicht so... Also, wenn das jetzt die CitizenCon gewesen wäre, wäre ich halt nicht so hyped und würde halt sagen, ja, war gut, aber waren halt super viele Sachen, die ich halt auch schon in ESCs oder in Star Citizen Lives gesehen habe. Genau, also vor allem dieser Tag ist einer, wo sie viel mehr Sachen gezeigt haben, wenigstens von denen wir vorher wussten oder die wir sogar so oder so ähnlich schon gesehen haben. Gestern war das ein bisschen weniger, da war es nur so vielleicht mal das Feuer, wie gesagt, oder vielleicht, und selbst da waren es frühere Modelle einfach, die wir gesehen haben, wenn wir was gesehen haben. Ja. Und wussten nur von manchen Sachen, da arbeiten die dran, wie Wassertech und so, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Aber das ist heute eher so ein Recap von, also eher ein Sprint-Report rückblickend. Genau. Pulsar, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Hau rein. Also ich glaube wirklich, wenn Jared das jetzt sagt, dass jetzt gleich das abgeht in einer Dreiviertelstunde ungefähr, dann geht's richtig los. Ja, da bin ich fest von überzeugt und dann werden wir auch hyped sein und so. Aber jetzt, es war gut. Das neue Flugmodell ist gut. Wie gesagt, du lenkst einen Fighter jetzt auch schon so, aber wahrscheinlich ist es dann musst du ihn so lenken. Ja, jetzt musst du ihn noch nicht so lenken, aber ich glaube, für die Leute, besser, die halt... wenn du es jetzt machst. Genau, du hast halt viel besseres Kurvenverhalten jetzt, derzeit dadurch. Ja. Und dann musst du es halt machen. Dann ist das halt quasi Pflichtprogramm, ansonsten reißt es dich halt weg. Durch alles Mögliche. Und das ist halt das Ding, ich glaube, das merkt man nur besser, wenn man es spielt, aber wenn du halt so eine Flugzeugsim schon mal gespielt hast und du versuchst nur mit dem Quellruder das zu machen, dein Flugzeug geht nur bis da und dann bleibt es stehen. Es macht einfach nichts mehr weiter, das bleibt so, weil der Wind von vorne zu stark ist, da kommt das nicht gegen an. Fährst du quer, siehst du mehr, oder wie heißt das, ne? Genau. Und genau, und das ist halt das, was glaube ich, an den neuen Flugmodellen in der Atmosphäre cool wird, aber auch das außerhalb, finde ich. Wie gesagt, wir haben sie zwar schon in den Experimental Modes, aber halt, wenn die erstmal komplett auf alle Schiffe die Master Modes verteilt haben,
Dann wird es interessant. Genau, das ist es nämlich. Wir müssen das auf mehreren Schiffen haben. Auch jetzt dieses ins Schiff einsteigen, die Knöpfe drücken und so, das ist cool. Das machst du 2-3 Mal und danach drückst du trotzdem wieder auf dem Keyboard die Sachen und fertig. Wenn ich es richtig gesehen habe, kannst du die Keyboard-Buttons trotzdem drücken, er macht nur halt trotzdem die Animation. Ja, er macht dann halt die Animation, aber es ist halt... Das ist nur cool. Es ist schön, einfach um mal einzusteigen und die Immersität ein bisschen mehr zu spüren, definitiv. Der Quantum Drive, der neue, ist der absolute Hammer. Also der ist wirklich richtig genial. Ich finde es auch geil, dass du nicht einfach so, okay, ich starte jetzt den Quantum und dann geht's los, sondern du musst jetzt erst dafür noch arbeiten. Ich hatte Angst, dass du den kompletten Quantumsprung durchziehen musst, weil das wäre absolut krank, wenn du so einen Sprung hast, der 20 Minuten geht. Da hast du einfach keinen Bock mehr irgendwann drauf. Ja. Aber so finde ich das sehr, sehr geil, dass du das Initiieren dieses Sprunges erstmal quasi so einleitest. Finde ich mega gut. Die neuen Waffen, die neuen Waffen-Sounds, der neue Recoil und das Ganze, was um FPS-Modus geht, ja, war jetzt nicht super beeindruckend, weil man davon eben schon viel gehört hat. Wie du gesagt hast, das sind halt Sachen, die wir schon gehört haben, wo wir wussten, da kommen die Änderungen und so. Und das ist auch was du gespielt haben musst. Das ist jetzt nicht einfach, okay, ich hab's gesehen, jetzt finde ich es super cool, sondern ich muss da das selbst einmal gesehen haben und selbst gespielt haben, um das zu fühlen. Auch die neuen NPCs, wie die sich verhalten und so weiter und so fort. Und ja, also generell das neue hier Button drücken und sowas, ist ziemlich cool. Und ja, Highlight bisher heute ist natürlich jetzt der letzte Teil mit Quantumsprung und Co. Finde ich mega gut. Bärte sind natürlich cool. Aber ist jetzt noch nicht so, dass ich heute jetzt sagen würde, ey, das hat mich komplett vom Hocker gehauen. Genau, also ich würde sagen, sowas wie das Haarsystem hat mich überrascht. Schon. Ja. Also muss ich sagen, okay, krass, da sind sie wieder über sich hinaus gegangen und haben nicht einfach nur mehr vom Alten, sondern was komplett Neues gemacht. Aber es ist jetzt auch eben nichts, also das ist halt was, das machst du mal und dann hast du es halt und dann hast du eben danach nur noch einen Helm an wahrscheinlich. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Ja. Aber es ist schon cool, dass du es machen kannst auf alle Fälle, dass du da reingehen kannst. Ja, genau, Scanning weiß ich nicht mal, ob sie das gesagt haben. Ich gucke gerade mal, ob das vielleicht jetzt noch kommen könnte. Ne, Mabo sagte gerade eben schon, dass es Destination sich nach Exploration anhört. Also, ja, dass sich das halt nach Exploration ein bisschen anhört. Ja, kann sein. Da wird es dann wahrscheinlich kommen, ja. So, ich muss ganz dringend mal pinkeln. Ich auch. Chat, ihr bleibt hier, weil dann kriegt ihr Tickets. Ne? Wenn ihr eure Tickets noch nicht eingelöst habt und jetzt eventuell gehen wollt, dann Ausrufezeichen Giveaway reinballern und einmal quasi auf den Link drücken und ihr braucht 6 Punkte pro Ticket quasi und dann könnt ihr euch ein paar Tickets noch holen. Haben ja schon ein paar Leute gemacht. Ich guck mal ganz kurz, ich muss mal den Tobi ein bisschen rumschieben. So, kurz da oben, seht ihr es? Und ja, ich bin auch gleich dann quasi zurück. Und der Tobi auch und überhaupt alle. Genau. Also, bis gleich. Bis gleich.
Da bin ich wieder. So. Was für ein Timing. So, da. Ja, ich mach gleich die Kamera an. Soll ich dir was sagen? Weißt du, warum man das derzeit auch schon macht mit dem Lenken? Das ist mir eben eingefallen. Weil die Rotationen und die Geschwindigkeiten, die du im Pitch im Vergleich zum Jaw hast, sind viel, viel höher. Ja, und deswegen macht man das jetzt schon. Genau. So, der Camera. Action. Da bin ich wieder. Okay, ich lese gerade, der Benoit Beaujour hat zu dem gleichen französischen Interviewer, wo auch der Dings schon was gesagt hat, wegen Squadron 42 bestätigt, dass Static Server Meshing innerhalb der nächsten 12 Monate im PU ist. Das muss auch drin sein, weil sonst kommt kein Pyro. Hä? Genau. Hä? Naja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Booth Operators have been told. Hä? Das ist die dümmste Aussage, die ich je gehört habe. Ja, wir sind übrigens bald in Pyro und da brauchen wir statisches Server-Meshing. Ja, wir bestätigen statisches Hä? Also es ist, wie gesagt, es ist alles, da dreht sich viel einfach nur um Sprache. Der Jared hat halt nix nicht geteased, Mabu. Das stimmt nicht. Der Jared hat am Ende gesagt, wir haben ja Pyro und... Irgendwas, was noch kommt. Genau, und dann war er ruhig. Es könnte auch sein, dass es Magnus und Terra gleichzeitig sind, weil dann wäre das Dreieck complete. Wir haben 3 Jump Gates derzeit. Magnus, Terra, Pyro. Und dann wäre das Dreieck complete. Außerdem Wir ist es wohl wissen so, dass viel von Nyx. Das stimmt. Dass die Leute, die die Stände haben, die durften bisher ihre Stände nicht allein lassen. Einfach weil sonst Sachen geklaut werden können und so. Aber ihnen wurde gesagt, dass es ihnen erlaubt ist, ihre Stände alleine zu lassen für den Big Reveal. Der kommt bei uns um 1:30 Uhr. Was bedeutet, dass sie davon ausgehen, dass es halt eine sehr große Sache ist, wirklich. Mabu, ich habe Nyx gesagt, weil wir zu Nyx am meisten Material bisher gesehen haben. Deswegen gehe ich auch von Nyx aus. Wir wissen, dass Nyx auch schon in Arbeit ist. Ja, genau. Deswegen. Aber ganz ehrlich, ist mir auch relativ egal, was kommt. Weil erstmal muss Pyro laufen. Es ist mir scheißegal, ob Nyx fertig ist, ob Terra fertig ist, ob Magnus fertig ist, ob alle 200 Systeme fertig sind und wir 30 Milliarden Missionen haben. Wenn Server-Meshing nicht läuft, dann können wir keins davon nutzen. Also, deswegen, das, was du gesagt hast, Server-Meshing ist so das größte Ding. Definitiv, aber ohne Server-Meshing müssten sie halt darauf zurückgehen, dass sie halt einfach sagen, okay, wenn ich in ein anderes System gehe, ist ein Ladebildschirm. Fertig. Damit könnten sie das umgehen. Ja, und nochmal, das geht einfach nur ganz viel um Sprache. Ja. Das halt sowas wie soon wirklich bedeutet, innerhalb der nächsten 12 Monate fest. Was halt bisher nicht passiert ist. Bisher ist es nur, wir vermuten oder wir peilen an und sowas. Weißt du, was der Big Reveal ist? Ich kann es ja jetzt sagen. Ich habe ja mit denen gesprochen. Es kommt ein neues Wing Commander raus. Ja, sehr gut. Das wäre es natürlich. Auch in der alten Grafik.
Das wäre mega lustig. Sie beenden die Arbeiten an Star Citizen und bauen jetzt ein RPG. Im RPG Maker. Oh. Der Big Reveal ist neues Merch. Ja. Der Big Reveal ist noch mehr Schiffe im Konzept. So, Chat. Warum steht da, dass vor 39 Minuten Mrs. Impossible... Das stimmt nicht so ganz, ne? Das stimmt nicht so ganz. Ich muss das hier, glaube ich, mal neu starten. Ich drücke mal hier kurz auf die Taste. Ich will wissen, was das macht. Keine Ahnung. Weiß niemand. Ja, hier ist auch nichts passiert. Reload Overlay. Kann mal kurz, also, das hört sich jetzt sehr baitig an und so, ne? Aber kann mal kurz jemand reinzapfen? Weil ich habe vorhin zum Beispiel, als die Mimi auf YouTube Member gemacht hat, das habe ich nicht gesehen. Da kam nichts. Wieso kam da nichts? Ich sehe tatsächlich auch nicht, wenn irgendjemand... Also da muss ich nochmal ran. Ich sehe auch tatsächlich nicht, wenn jemand nur in Anführungszeichen subscribed auf YouTube. Sehe ich auch irgendwie nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, die Dock hier ist kaputt. Dann mache ich die mal weg. Da muss ich nochmal ran. Und sie nennen es Wing Commander Reforged. Genau, es ist einfach eine Remastered-Version von Wing Commander 1. Auf 8 CDs. Also ich muss sagen, ich bin ja mit Pipeline, bin ich ja recht zufrieden, aber was die jetzt so in den letzten 2-3 Tagen zur CitizenCon gebracht haben, fand ich jetzt nicht irgendwelche Big News oder sowas. Ja. Sogar eher finde ich es ein bisschen lahm. So. Ja, wir sind jetzt groß und klein, Tobi, nur dass du es weißt. Ja, ich weiß, sie sind oben groß und unten klein, habe ich schon gesehen. So lasse ich es jetzt auch die ganze Zeit. Dass keiner was sieht. Ja, aber was war heute dein was war wirklich dein Highlight so? Wo würdest du sagen, das war wirklich das Beste, was wir heute gesehen haben? Ich glaube, Quantum Jumps. Also wirklich, weil das halt auch, da hatte ich mit Marbu schon viel drüber gesprochen, deswegen habe ich das auch direkt nochmal angesprochen, dass es halt ja auch schon immer der Plan war, dass es, oder was heißt schon immer, es gab ein ISC, in dem sie gesagt haben, dass der Plan zu dem Zeitpunkt war, dass sie durch einen Tunnel, also dass du durch diesen Tunnel von einem System ins andere steuern musst. Das ist halt nicht einfach nur weil das halt der Punkt wäre, wo du normalerweise einen Ladebildschirm verstecken würdest. Wo sie gesagt haben, das wollen sie nicht haben, sondern das soll komplett interaktiv bleiben. Und sogar mit Hindernissen und so. Das heißt, es soll ein Skilltest für den Piloten werden. Und das ist jetzt das erste Mal, dass wir in-game sowas das ist ja gesehen Jump Gates. haben. Ja, das ist ja nicht genau, Quantum. das meine ich aber. Jetzt, das ist aber was darauf hindeutet, dass es sowas geben kann. Mhm. Wie gesagt, das ist noch kein Beweis dafür oder so. Aber es ist auf alle Fälle was, Ja, wir was haben darauf es ja hindeutet. gestern in Anführungszeichen gesehen. Erinner dich mal, als sie durch das Jump Gate geflogen sind. Da war so ein Trailer, Jump Gate. Und dann sind die da durch dieses Rohr geflogen und in diesem Rohr waren auch überall so Balken, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, aber das so. kann auch immer noch also ich meine, es war ja in dem Fall ein abgespultes Spline. Das könntest du auch im Spiel machen, dass dein Schiff auf ein Spline gestellt wird und fährt im Prinzip wie ein Zug über die Schienen. Mhm. Ja, aber trotzdem, an den Dingern vorbei. Das macht so für mich den ersten Indikator, dass da Hindernisse sein könnten, weil es heißt ja, ey, triffst du eine Wand, explodierst du oder bist du irgendwo im Off. So, das ist ja das, was so zumindest als Rumor rumgeht für alle. Genau, das war auch von denen mal gesagt worden in dem ISC wirklich, dass sie gesagt haben, du kannst auch rausfliegen und stürzt ab, also crasht. Mhm. Das war das Ding. Wo halt immer die Frage ist, kommst du dann irgendwo raus oder ist es einfach nur das Spiel, das abstürzt. Aber derzeit ist es so, wenn du das nicht schaffst, crash to Desktop. So ein Ding ist das. So, ich gehe jetzt nochmal auf Toilette. Ich habe mir nur ein Käffchen gemacht.
Achso. Ja, dann gehe ich und hole mir auch nochmal was zu trinken. Dann muss ich auch nochmal kurz weg. Dann Müsst ihr machen wir noch mal kurz alleine sein. Dann müsst ihr seid jetzt einfach mal alleine, ja? Seid mal zufrieden, dass ihr auch mal alleine seid. Ja, ihr könnt ja, währenddessen könnt ihr ja irgendwas machen. Beschäftigt euch doch mal selbst. Ja. Man euch immer sagen muss, was ihr machen müsst. Bin gleich wieder da. Bis gleich. Und ich bin schon wieder da. Ich weiß aber nicht, ob man mich hört. Mhm. Sehr gut. Ja, Living on the Edge, ich glaube schon, dass es sowas wird wie Basisbau, Verwaltung einer Basis, Farming, vielleicht sogar halt Animal Herding. Also, der Text klingt für mich schon ziemlich eindeutig, so mit diesem Carving out and existence. Es könnte vielleicht auch sowas sein, tatsächlich, dass sie sogar schon in die Richtung Crafting gehen. Halt sagen, so maintainst du deine Waffen, so maintainst du deine Rüstung, so baust du dir selber neue Sachen. Weil das musst du ja auch machen, wenn du im Prinzip eine Existenz für dich selbst machst. Das klingt halt, wie gesagt, so ein bisschen wie unabhängig von Läden und von Stationen und von der UEE und so weiter. Was könnte noch bei Living on the Edge kommen? Was denkt ihr so im Chat? Halt eine Rundfahrt durch ein NPC-Dorf auf Pyro für am wahrscheinlichsten. Danach sowas wie Early Development, Demo von Base Building und als am unwahrscheinlichsten mal kurz eine Demo zu Farming und wie das aussehen könnte. Also ich glaube, Farming ist gar nicht so unwahrscheinlich. Wir haben im A1-Trailer haben wir eine Farm gesehen. Wir haben gestern eine Farm gesehen mit Kühen. Weil warum sollten sie an Kühen modellieren? Wo die ganze Zeit gesagt wurde, ja, sie machen sowas wie Fische und Vögel jetzt als erstes. Und jetzt auf einmal ist eine Kuhherde da zu sehen gewesen. Also, ich finde Farming gar nicht unwahrscheinlich. Und es ist was, womit keiner rechnet. Dafür könnten auch die Hunde eine Rolle spielen, ne? Ja. Dass das NPCs für dich sind zum Hüten der Tiere. Hunde haben wir ja gesehen. Habt ihr alle in meinem Video gesehen. Die gibt es nämlich schon in-game. Die ersten Hunde wurden da gesichtet. Unwahrscheinlich, weil es nichts direkt mit Squadron zu tun hat. Ja, aber es gibt ja auch noch andere Teams, die andere Sachen machen. Es gibt Squadron, sehr viel Squadron, sehr viel Squadron, sehr viel Squadron. Aber es gibt auch noch andere Teams, die ganz andere Sachen machen. Oder das letzte Chapter in Squadron ist, dass du im Ruhestand bist und auf Bauernhof lebst. Das ist das letzte Kapitel. Irgendjemand hat das Interview nochmal genauer übersetzt mit dem Benoit. Der sagt,
Also die Frage vom Interviewer war, glaubst du wirklich, dass Static Server Meshing in unter 12 Monaten realistisch ist? Und sagt er, ja, was wir heute gesehen haben, ist sogar mehr als statisches Server Meshing. Da ist schon ein bisschen dynamisches Zeug drin, also Dynamic Stuff, sagt er einfach nur. But the current, aber das aktuelle Ziel ist halt Static Mesh. Und der Plan ist, das auf einen Server, also so zu haben, dass ein Server Spenden handelt und ein anderer handelt Pyro. Ja. So dass der Jump Point halt der Übergang ist. Ja. Und das ist das Dynamische da dran. Also. Ja, nee, das wäre sogar noch, das ist noch im Moment dann statisch. Dynamisch wäre es ja dann, dass sozusagen, wenn keiner mehr in Pyro unterwegs wäre, dann würden die sich abschalten, dafür hätten 2 Server und Ding. Also das geht noch nicht. Sondern dass halt feststeht, welcher Server was macht im Moment. Ja, es muss ja aber eigentlich noch einen dritten geben, der den Jump. Nein, das ist die Transition, das ist so wie ein Aufzug. Dann, also. Naja, das würde ja bedeuten, dass das ein Ladebildschirm ist. Nee, das ist ja der Aufzug auch nicht. Im Aufzug kannst du dich ja die ganze Zeit bewegen. Du bist ja nicht auf einmal kommt ein Bildschirm und du hängst fest oder so und kannst nichts machen. Es ist Culling und es ist die ganzen Sachen, das habe ich mir aber auch schon besprochen, weil Ladebildschirm ist ein bisschen komisch. Weiß ich nicht, vielleicht ist es für mich auch einfach doof definiert, aber ein Ladebildschirm für mich ist halt, du bekommst deine Agency komplett weggenommen, du kannst nichts machen. So wie wenn du in die Atmosphäre gehst in No Man's Sky. Dann nimmt das Schiff dir kurz die Kontrolle ab, in der Zeit wird was reingeladen, du gehst da durch und dann, oder wenn du landest in der Dingsstation in No Man's Sky. Dann passiert eine Sequenz, die automatisch abläuft, aber du kannst nichts machen in der Zeit, wenn du in dem Aufzug... Ja, das stimmt. Du kannst dir das Video sozusagen, oder das, was abgespielt wird, aber du kannst halt im Aufzug kannst hier rumlaufen, du kannst deine Kollegen noch sehen, wie die sich da bewegen in Relation zu dir und so weiter. Also du bist nicht aus der Welt genommen für den Moment. Aber er sagt, das Problem, das sie im Moment haben und woran sie arbeiten, ist, dass das Mission System noch nicht in der Lage ist, zwischen Servern zu transitionen. Das heißt, eine Box-Mission würde die halt nicht von Spenden nach Pyro folgen können. Daran arbeiten sie gerade. Also Entitäten scheinen nicht das Problem zu sein, sondern wirklich sowas wie Missionen, wie auch immer, was auch immer das ist, Regeln wahrscheinlich. Ich habe übrigens vorhin noch mal überlegt, dass vielleicht auch die große Ankündigung heute weniger eine Hercules A2 ist, also das heißt nicht eine große Bombe, so von wegen Squadron 42 Release Date, bam, bam, und dann hoffen sie, dass das einschlägt, sondern eher eine Spirit A1 und es werden mehrere kleine Sachen. Dass sie selber auch verstehen, dass das Squadron 42 Release Date nicht so ein großes Ding ist, aber dass sie das raushauen und sagen, außerdem kommt nicht nur Pyro, sondern Pyro und Nyx und auch noch sagen, außerdem kommt noch das und das und das. Und das heißt also theoretisch kleinere Sachen, die jetzt nicht super flashy sind, aber die insgesamt... Naja, wenn sie sagen, es kommt nicht Pyro, sondern auch Nyx, dann ist das schon riesig. Also Nyx ist auch riesig. Und generell noch ein anderes System auf einmal anzukündigen, wäre schon riesig. Ja, aber ich finde es auch gleichzeitig realistisch, lustigerweise, weil sie ja sagen können, wenn wir das hinkriegen, dass wir das mit Pyro machen, der nächste Schritt danach ist nicht mehr so groß. Wenn wir es einmal hingekriegt haben, von Spenden nach Pyro, dann ist auch noch nichts dran zu hängen, im Prinzip nur ein 0,1. Naja, die könnten jetzt auch mit einem Schlag 20 Systeme rausbringen. Das wäre genauso groß wie ein System rauszubringen. Das Problem ist eher, dass das System laufen muss. Ja, und der Step ist nicht, ein neues System zu bringen, sondern der Step ist Server-Meshing zu bringen. Ja. Das neue System ist einfach nur Spenden in anders. Das ist nichts super Großes. Klar, es ist cool, wenn es dann da ist. Aber das ist nicht der Riesen-Step, der dahinter spielt, sondern der Riesen-Step, der dahinter spielt, ist die Transition von dem einen zum anderen und zurück flüssig abspielen zu lassen und eben dann auch eine Box-Mission von A nach B bringen zu können. Das ist der große Schritt. Weil das neue System, also ganz ehrlich, das hätte schon 10-mal da sein können, wenn sie einfach sagen würden, wir machen einen Ladebildschirm zwischen die beiden Systeme. Ja. So, genau. Also Pyro's Air Proof of Concept, genau. Und deswegen, genau, aber das ist ja das, was ich die ganze Zeit schon gesagt habe. Wenn Pyro da ist und Server-Meshing funktioniert. Mit 4.0 kommt Pyro, Server-Meshing funktioniert ab 4.2, keine Ahnung, richtig. Ab 4.3 kommt nix, ab 4.4 kommt Magnus und so weiter und so fort. Aber das anzukündigen ist halt nochmal was anderes, als dass wir es erwarten oder annehmen zumindest. Das meine ich. Dass sie halt
wie gesagt, so gesehen ist es keine so große Sache. Wenn sie sagen, die kommen übrigens in den Punkt 1.2 Patches. Wenn die sagen, ey, ihr könnt alle von euren Ständen weg und kommt alle rein, dann muss das schon was sehr Großes sein. Ja. Und dann ist das... Ja, deswegen, also ich meine halt, es ist entweder eine wirklich große Ankündigung oder es sind mehrere Oder es sind viele kleine, sozusagen. wo alle sagen, jo, Genau. cool, und dann kommt noch was Großes. Oder das. Vielleicht sagen sie auch einfach, der Scam das ist real, later, bitch, und dann gehen sie einfach, weißt du? Genau, die Kann ja große auch sein. Ankündigung ist, wir gehen jetzt Und das nach kommt Malle. auch, pass auf, das kommt auch einfach nur auf dem Monitor, ja? Chris ist auf einmal nur noch auf dem Monitor und alle denken sich so, hä, warum steht denn der nicht mehr vor uns? Weil alle Mitarbeiter in dem Moment Das ist schon rausgehen ein müssen. Flugzeug. Alle sollen weg sein, ja? Genau. Und die große Party für VIPs, da ist nämlich auch einfach abgeschlossen, weil da sind einfach nur alle Mitarbeiter drin, die sich richtig einen reinzwiebeln, weil sie ab sofort keinen Job mehr haben. Ja, das ist es. Das ist, wir haben das Geheimnis gelüftet. Schmelzt eure Schiffe ein, verkauft eure Accounts so schnell wie es geht. Macht's nicht. War ein Witz. Ist hoffentlich angekommen, dass das ein Witz war. Ja. War ein Witz. Ja, klar. War ein Witz. Macht's nicht. Niemand schmelzt So, irgendwas ein. ich habe mich jetzt hingesetzt und ich bin jetzt gespannt. Der Jared hat gesagt, ich soll gespannt sein. Ich bin jetzt gespannt. Die nächsten 20 Minuten bin ich gespannt. Use a Smoke Bomb. Das Bone-Ding, das kriegen sie auch. Der tut auch mir ein bisschen leid, weil Mabu, ich glaube, du hast vorhin geschrieben, der tut dir ein bisschen leid und so, das kriegt er nicht mehr los. Nächste Woche ist das wieder vergessen. Aber ist schon. Ich finde es gut, dass alle das übernehmen. Ich finde es gut, dass das einfach alle direkt übernehmen. Ja. Die Devs sind sehr schnell da drin. Also du musst dir überlegen, die sind ja einmal nervös sowieso schon. Dann müssen sie ihre Sachen irgendwie also die haben ja auch keine Karten da und keinen Teleprompter offensichtlich, sonst hätte der Yogi sich nicht so vertan, in welchem Teil seiner Präsentation er gerade ist. Ja. Aber dann bauen sie trotzdem noch die Jokes dazu ein, zusätzlich. Das ist halt geil. Bone use the smoke bomb. Ja, die haben schon einen Teleprompter da vor sich, aber der Yogi hat das halt, der war raus. Der Pipeline Discord hat den neuen Quantum Jump als Animated Discord Banner. Sehe ich gerade. Okay. Die hypen das auch. Okay. Ja, okay. Ja, sieht halt auch cool aus. Also sieht jetzt endlich mal aus wie so ein Quantum Jump, den man startet. Und ich hoffe, dass dann auch so für die Leute, wenn man rauskommt, irgendwie aussieht und nicht einfach, okay, jetzt sind sie da. Das wäre schon ganz witzig. Und wie du schon sagtest, der Sound, wenn die rauskommen aus dem Jump, ist so gut. Ja. Der hat schon ein Richtig bisschen Bass, ne? Schon ein bisschen Bass. Bass. Bisschen haben sie reingeotzt. Und deswegen freue ich mich noch mehr, dass ich die IEM habe. Weil der Bass einfach noch mehr rotzt in meinen Ohren und der vibriert so richtig schön. Der schmeichelt meinen Ohrmuscheln quasi. Cool. Eine halbe Stunde oder 37 Minuten Video von Pyro. Was? Soll ich das mal im Discord posten? Was? Ein 37 Minuten Video von Pyro, also von dem, was sie da spielen dürfen. Von Star Citizen selbst oder von irgendeinem Eierkopf, der das aufgenommen hat, was er wahrscheinlich nicht darf? Eierkopf, Ja. der es vielleicht nicht aufnehmen darf, vielleicht schon, weiß ich nicht. Nee, machen wir nicht. We had some time to get our hands on power. Ja, okay, das ist sowieso doof, weil es kein Ingame-Audio ist. Nein, dann lass es weg. Das ist ja furchtbar. Mit der Handykamera abgefilmt. Ja, genau. Das dachte ich mir schon, dass das der ein oder andere macht. Obwohl es wahrscheinlich nicht erlaubt ist. Wenn da 150 Rechner stehen, dann können sie nicht jeden im Auge behalten. Ich wollte gerade sagen, Fotos sind alle schon draußen von den ganzen Shop-Terminals und so. Aber hilft ja auch nicht viel. Das meinte ich halt, dass ich das eigentlich... Also ich hätte das gerne nicht gehabt. Auch jetzt, dass Pyro jetzt quasi ab dem 31. spielbar ist. Hätte ich auch gerne nicht gehabt. Ich hätte gerne einfach gehabt, wir machen es fertig, wir machen intern unsere Dinger weiter. Ey, die haben 1100 Mitarbeiter oder sowas. Die werden ja wohl hinkriegen, wenn die freitags ihre Sitzungen da haben. Jeden Freitag sind interne Dev-Gameplay-Dinger. Da werden sie ja wohl hinkriegen, 2, 3, 4 Server einfach mal hochzureißen und Pyro zu bespielen und dann halt selbst mal ein bisschen auf Bug-Using und Bug-Finding und Gott weiß was zu gehen. Aber
anscheinend hat das ja nicht so gut geklappt und jetzt müssen wir es wieder testen und jetzt werden wieder alle Leute geleakt, die gar nicht geleakt werden wollen. Ja, es gibt so viele Leute, die sagen, ja, ich will gar nicht ins PTU, ich habe da keine Lust drauf, ich will es nur im PU spielen. So, und die kriegen jetzt jeden Leak um die Ohren gehauen. Jedes beschissene Video ist ab dem 31.10. oder ab dem 1.11. nur noch Pyro, Pyro, Pyro. Und ich werde das auch so machen, weil das wäre super dumm, wenn ich der Einzige bin und der sagt so, ja, nee, mache ich nicht, weil ich finde das ja blöd. Ich muss auch auf meine Zahlen irgendwo achten, aber es ist halt einfach scheiße. Also, finde ich nicht gut. Ich habe ein anderes lustiges Video gepostet. In dem Memes-Channel. Das ist der Bone Supercut. Das sind alle Bone-Erwähnungen, die sie gemacht hat. I'm going to say Bone's name a lot and the other guys too, so it's probably the most times you'll hear that in any presentation. Bone, let's use the multi-tool to repair that pipe. Let's take a look at the bad guys, Bone. That's schön. Okay, Bone, let's do a quick scan. Gut. So. Let's get the gun out, please, Bone. Let's bring up the mobiGlas, please, Bone. Quantum Range Scanning, ja, das stimmt. So, Bone, our next objective is to go to the map kiosk and download a terminal. So, Bone, I would like you to cycle between the different floors for us, please. So let's go ahead and find a location to put down a pin, please, Bone. Bone, if you send out a ping, please. Bone, do you want to click on the marker? Bone, why don't you take a look around? Bone, let's take the step back. Ich finde, die Frau Doktor hat das am coolsten gemacht. Bone, give the map a spin. Bone, let's double click on Selling now to focus on it. Bone, can you double click on one of the points of Wie sie es interest? gesagt hat, meinst du? Bone, Ja, das ist let's so use richtig this so. technique to Bone, take a closer so look at richtig Yale. Elan. Bone, Genau, let's die hat try er clicking on the middle button over Fehlstrom here. drauf gehabt auf jeden Bone, Fall. could you take a step? Alter, could die you use sagt, the das, step? die sagt das aber auch einfach 400 Mal, ne? Bone. Okay, also jetzt kommt Living on the Edge, danach Destination Adventure und dann Closing Zeremonie. Okaysen. Bin ein bisschen hyped. Gerade. Bisschen. Hype mich jetzt wieder selbst. Vielleicht kommt doch die Banu Merchant Man, weil keiner wird das erwarten. Weil gestern gesagt wurde, die kommt nicht. Verstehst du? Das wäre aber nur, um Rage Guide zu ärgern. Ja. Der arme Bone Mabu. Jetzt sei nicht so zu dem. Ich hasse Warten, ne? Das ist voll schlimm. Fand ich gestern auch schon schlimm mit dem Warten. Warum müssen die eigentlich eine Stunde essen? Verstehe ich nicht. Bauen Mama essen schneller jetzt. Aber die sind, warte mal, wenn die um 45 beginnen, sind die früher, oder? Ja. Mhm. Die machen die machen 15 Minuten früher. Wieder Go. Was heißt denn das dann? Heißt das, dass alles 15 Minuten kürzer ist? Oder heißt ich das, glaube, das ist einfach die brauchen mehr Zeit. Dass mehr geklatscht wird ab jetzt? Eine Ankündigung wird bestimmt sein, dass Squadron 42 jetzt auch auf Steam ist oder so. Auf dem Steam Deck. Wenn sie ein Release-Date machen, können sie es direkt auf Steam bringen. Weil dann kannst du ein Release-Date haben, dann können sie es generell verkaufen. Mabo, das hat ja gestern der Jared gesagt, dass er das jetzt so macht mit der Siri. Ja, wenn sie es auf Steam bringen, wäre kacke. Weil da müssen sie im Release-Date, glaube ich, festhalten. Das kostet sonst. Ja, aber ich glaube nicht viel. So viele Indie, dass die ihre Releases ständig verschieben. Oder auch einfach. Die müssen ja nicht mal so ein konkretes Release-Date angeben. Du kannst ja auch angeben, coming soon. Ich meine, das wäre natürlich dumm, aber 2024 oder sie geben an Quartal 3 2024. Das können sie wirklich machen. Also ich habe Spiele in meiner Wishlist, die so deklariert sind. Ja, oder 225. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Einfach, um mal ein bisschen auf Nummer sicher zu gehen, können die auch 225 sagen. Das war ja was ich gesagt habe, ne?
Ich habe gesagt, 2.25 kommt Squadron und 2.27 sind wir in der Beta. Das war meine Prediction. Mal gucken. Mal gucken. Kann ja noch hinhauen, ne? Mal gucken. Ah. Ich weiß immer noch nicht, ob ich gleich 3 Zeus kaufe. Eigentlich weiß ich. 3 Zeus werden gekauft. Meinst du, der große Reveal ist Beta? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Beta kommt frühestens mit Quanta. Das Ding ist halt, das macht für mich alles keinen Unterschied. Also ich meine, ob wir es Alpha oder Beta nennen. Ich weiß, dass es theoretisch in der Spieleindustrie einen Unterschied machen muss, weil also eine Beta ist Feature-Complete und wird nur noch auf Bugs getestet im Prinzip. Und eine Alpha ist halt noch nicht Feature-Complete. Aber ich glaube sowieso, dass Star Citizen selbst nach Release nicht wirklich Feature-Complete ist. Ich glaube, dass sie immer noch Sachen reinstecken werden hinterher und sagen, aber jetzt können wir es wenigstens schon mal releasen. Dann ist es fertig. Also das glaube ich nicht. Und außerdem ist es ja so, dass wenn irgendwo Alpha Beta eine Rolle spielt, dann ist es halt bei dem Squadron 42. Das andere ist halt eine Playable Alpha und wird dann halt, wie gesagt, wenn es eine Playable Beta wird, ändert sich für uns nichts. Dann dann müssen sie auch nicht Beta sagen. Also das macht dann auch keinen Unterschied. Das ist dann auch kein großes Ding, ob es jetzt eine Alpha ist, wo nichts drin ist, oder eine Beta ist, wo nichts drin ist. Nur, dass sie damit ihren kompletten Ruf versauen würden, weil Beta für viele Leute viel, viel interessanter klingt. Es würden viel mehr Leute auf einmal rankommen und die sehen dann, dass es einfach eine absolut beschissene Alpha eigentlich ist. Ja, und damit würden sie ihren Ruf komplett in den Dreck ziehen. Also ich glaube, das wäre kompletter Käse. Deswegen glaube ich, dass sie von Alpha zu Feature Complete einfach gehen und es ist fertig. Weil das ja dadurch, dass es eine Playable Alpha ist, machen wir die ganze Zeit schon das Bug-Testing, was du normalerweise in der Beta machst. Das meine ich damit. Naja, es ist halt, nicht, es ist halt ein Early Access Game. Ganz einfach. Ja, genau. Also es ist einfach Early Access, wie wir es halt heutzutage kennen. Es gibt kein Alpha, Beta und sowas, das gibt es eigentlich nicht mehr. So wie es mal war. Ja. Früher hattest du halt eine Alpha, da hast du Sachen reinentwickelt. Die Beta hattest du dann ganz viele Beta-Tester, die nach Bugs gesucht haben und danach hast du es released. Das gibt es halt heutzutage nicht mehr wirklich. Die wären ja auch schon viel weiter, wenn es keine Alpha, also kein Early Access Game wäre. Wären sie ja schon viel weiter, als sie es jetzt sind. Weil sie viel mehr Sachen schon entwickelt hätten. Immer mal getestet, funktioniert das jetzt? Ja, gut, ab ins Game geschoben und dann zur Beta hätten sie halt erst angefangen mit dem Bugs beheben. Jetzt beheben sie einen Bug, weil wir als Spieler das Ding spielen wollen. Ja, und der Bug ist mit dem nächsten Patch dann direkt wieder da und sie müssen ihn wieder beheben. Das ist einfach Zeit und Energie, die da gefressen wird. Das ist eigentlich kompletter Schwachsinn. Aber wenn sie es so nicht machen würden, wären sie nicht bei 600 Millionen. Genau. Ich sag, das Ding ist in der Schublade und Release vor den Weihnachtsferien. Ich finde so geil, der Loop ist einfach komplett 180 Grad Unterschied zum Rage Guy. Der Rage, das kommt alles frühestens in 3 Jahren. Ich will nichts mehr sehen. Und der Loop ist so, ja, ich glaube, das ist schon fertig. Ich glaube, die müssen nur noch einen Knopf drücken, dann ist es fertig. Die beiden sitzen auch zusammen im Discord drüben und ich glaube, dass der Rage Guy gerade, also imaginär den Lupus erwirkt. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich meine, ich habe gerade drüber nachgedacht und es ist eine Möglichkeit, aber eine, die ich sehr, sehr weit weg von mir halten will, weil das extrem optimistisch wäre. Der macht gerade Kinderpflege. Oh. Nee, wenn die jetzt sagen würden Release, dann wird da, die zeigen so viele Sachen, die gerade entwickelt werden und keine Ahnung was und dann sagen sie, ja übrigens, April, alles was wir euch gezeigt haben ist Käse, weil wir haben es jetzt fertig. Nee, das ist sozusagen das, was sie... Ja gut, okay, nee, stimmt, das ist nicht alles ganz fertig. Da waren Bugs und Gott weiß was, hat man ja gesehen sogar. Also, das wäre ein bisschen Quatsch. Guck mal, der Typ hat Nasenbluten und das sind ganz komische Effekte gewesen, die super kacke aussahen. Aber, das war das Bild von vor 3 Jahren. Nee, ja. Das macht keinen Sinn. Nee, macht auch nicht. Ist ja nicht Käse, aber die haben uns die ganze Zeit schon hart gespoilert. Und wir haben es nicht gewusst, wie hart gespoilert.
Wie meinst du? Hart gespoilert. Aber zum Thema, was ich glaube, also ich glaube, sie werden Alpha, Beta und fertig machen. Das werden sie machen, weil sie werden alle Engine-Sachen und so weiter, Features, die werden sie alle entwickeln in der Alpha. Und nach Release kommen halt einfach nur mehr Schiffe. Mit den Sachen, die sie uns gestern so als neue Tech vorgestellt haben, naja, die kommen ja in 12 Monaten. Witzig wäre übrigens, die sagen ja within 12 months. Und das ist dann alles wirklich erst im 12. Monat kommt das alles. Nee, also das Ding ist, warum ich das schon glauben kann, ist, sie können ja die Tech erst innerhalb, also ja, sie haben immer gesagt, es kommt innerhalb der nächsten 12 Monate ins PU. Es kann ja sein, dass das auf Singleplayer-Basis alles schon perfekt funktioniert. Das meine ich, weißt du? Dass halt nur das Networking das Problem ist, warum sie noch damit rumwerkeln müssen. Weiß ich nicht, aber wie gesagt, ich will auch gar nicht da weit spekulieren, weil ich glaube es nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass es nicht so nah ist. Sommer frühestens. Frühestens Sommer 24. Reden wir jetzt von Pyro oder von Release? Release für Squadron 42. Da gehe ich von nächstes Jahr Weihnachten aus, weil da machst du am meisten Geld mit sowas. Ja, November wäre es normalerweise. November ist die Zeit für Videospiel-Releases für große. Ja. Das stimmt. Oder zum Sommerloch in Juni, da kommt auch viel. Oft. Juni, Juli kommt auch ziemlich viel. Ich will, dass es weitergeht. Jared, sag doch jetzt mal was. Dann. Jared! Jared, hallo? Bist du noch da? Ich rufe den kurz an. Nervt mich. Ich frage den jetzt, wann es weitergeht. 1.11.24 und vorher sehen wir nichts im Bros von dem, was wir hier sehen. Also ich sag dir eins, zum 1.11.24 kommt definitiv nicht die Banu Merchantman. So viel ist sicher. Mein lieber Rage Guy. Aber am 1.11.24 kommt Starfield 2. Nee, da kommt Starfield Remastered. Da kommt Starfield Remastered. Geht's jetzt weiter? Also ganz ehrlich, wenn jetzt nicht der absolute Abriss der Abrisse kommt, dann weiß ich's nicht. Ich weiß auch nicht, wie der Mabu vorhin schon sagte, ich weiß nicht, wie sie das von gestern insgesamt noch toppen wollen. Also nicht nur Server-Meshing, sondern auch die anderen Sachen. Da waren so viele, so gute Sachen dabei, die offensichtlich schon funktionieren, die sie als Prototyp funktionieren zeigen konnten in Engine und alles. Also ich glaube, wir werden enttäuscht sein einfach. Ja, immer. Apropos enttäuscht sein, das neue EVA. Was ja nicht neu war, was wir letztes Jahr schon gesehen haben. Mhm. Da kam ja auch die Leiteranimation. Ja. Jetzt kann man sich ja so nach links und rechts lehnen. Letztes Jahr wurde noch gezeigt, dass man von denen so wegspringen kann, von den Leitern und sowas. Das war dieses Jahr alles gar nicht mehr dabei. Anscheinend haben sie das schon wieder verworfen. Wollte aber ist das nicht, ich glaube, das ist in den Release-Cuts. Das mit dem Springen und so. I don't know. Ich sag nur, das haben sie, letztes Jahr haben sie es gezeigt, dieses Jahr nicht. Ich glaube, das ist, ich muss mal kurz gucken. Da stand irgendwas mit New Player Traversal. Ich muss mal gucken. Ah, nein, ich sollte nach Progress Trigger. Jetzt habe ich den Schedule zugemacht, das wollte ich nicht. Den lassen wir mal offen. Naja, kommen ja noch Damit zwei ich Sachen. nicht andauernd vergesse, was kommt. Aber ich vergesse ja trotzdem andauernd was. Ja, kommen ja noch zwei Sachen. Was kommt jetzt als erstes? Kommen die Pyro Base Building plus Banu Merchantman Release Date. Das ist der nächste. Und danach kommt alle Announcements ever. Kommen danach, okay. So, Deliverables.
Wo großer Sandwurm? Ja, hi Fabi. Ja, das hat ja Jared eben schon gefragt. Nee, Letters ist fertig. Wo der Sandwurm ist. Oh, was ist denn? Aber der Zane war das, ne? Der hat's auch nicht gesagt heute. Also, der hat dem Jared gar nicht geantwortet auf die Frage, fällt mir gerade so ein. Weil der Jared hat ja am Anfang gefragt, wo sein Sandwurm ist, und der war ja auf der Bühne. Wieso hat er das nicht beantwortet? Alles macht mich traurig, sag's wie es ist. Oh, vielleicht kommt der Sandwurm, weil tatsächlich, den hat ja gar keiner mehr im Kopf. Vielleicht kommt er jetzt. Vielleicht ist er jetzt auf Damer. Puffbase. Die große Ankündigung wird sein, wir machen den Puff zu. Hat keinen Sinn mehr, das habe ich eben schon gesagt. Das ist jetzt nicht mehr lustig, wenn ich es schon gesagt habe. Mann! Nuppes! Genau das habe ich doch gerade gesagt. Bei mir war es noch witzig, bei dir jetzt nicht mehr. Guck, so ist das nämlich. Mein Gag wiederverwertet. Da war ich mir ein Brötchen schmieren. Mir hast keins mitgebracht. Noch schlimmer. Weißt du, was Release-Termin Akt 2 und KSP 2 wurden so oft auf Steam verschoben, dass es zum Kotzen ist. Keine Ahnung, was es ist wirklich so. Ja. Es ist wirklich so, dass kein Progress-Tracker, kein einziger, geht derzeit über Dezember 23. Ja, weil es vorbei ist. Das ist, glaube ich, wirklich so, dass die jetzt einfach das Geld nehmen und gehen. Ich hab eben gesagt, verkauft eure Accounts noch schnell auf eBay. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Weil Big Announcement, was keiner erwartet. Ich sag mal so, wenn Chris Roberts auf die Bühne gehen würde und sagen würde, ey, 600 Mio ist geil, vielen Dank und so, aber es war leider nicht genug, dann würde morgen da 700 oder 800 Millionen stehen. Die großen Wale würden einfach sagen, gut, dann kaufe ich jetzt 50 Furies. Oder sowas. Apropos 50 Furies. Fundings. Was ist denn gestern mit den Zeus reingekommen? Und nur 1,1 Millionen. Lame. Lame. In dem Monat übrigens einfach nur mal so kurz dahingeschissen, als die F8 rauskam, sind es einfach mal kurz... Ne, wo waren das? Hier. Ne, Monat sehen wir gar nicht. Schade. Das ist ja ganz komisch. Hä? Die Fury hat nur 2 Millionen eingebracht? Ja. Aber wenn man auf Daily geguckt hatte, da war das viel mehr. Auf Daily war das viel, viel mehr. Ich glaube, nur einen Tag 700.000. Hier, sorry, hier ist die Fury rausgekommen. Hier in der Woche 4,5 Millionen. Ja, das war ja letzte Woche. Und gestern, ja, 1,1 Millionen für Zeus. Ist okay. Das ist okay. Heute kam eine Mail, Fury und Halsey wandern vom Shop. Ja. Bin mit der Sitcon so zweigeteilt, wie immer, mega beeindruckt alles und freue mich auf alles, aber für mich hat alles irgendwie so einen komischen Beigeschmack. Ja, weil die letzten Jahre war es halt immer so, dass wir nur irgendwelche Videos gesehen haben, so könnte es aussehen, bla bla bla, aber dieses Jahr haben wir halt Prototypen, die wir sehen. Also dieses Jahr ist es halt mal anders als sonst. Live gestreamt aus dem Privatchat. Lopez, du bist im Koffer. Du bist gestern. Das habe ich alles schon gesagt. Weißt du, weil der hat sich halt ein Brötchen geschmiert, der hat sich 8 Brötchen geschmiert. Einfach so lang war der weg. Ja. Ich glaube, der hat wieder zu viel Met gegessen. Weißt du, wir haben den Witz bestimmt 10 Minuten ausgeschmückt. Ja? Und jetzt kommt er mit sowas hier. Mann. Ey, er hat 45 gesagt, jetzt ist es 50. Ich krieg 300 Puls, ich hab Hunger. Ich hol mir jetzt was zu essen. Bitte, jetzt fangen sie an, jetzt wo ich gehe.
Beschließt die Convention-Halle ab. Genau, und steckt alles an. Schließt zu, steckt alles an, fackelt alles ab. Macht auch noch Versicherungsbetrug. Absolut beste Idee. Absolut beste Idee. Hm? Guck mal in die Kamera. Hm? Weil hier ist ja Star Citizen, ne? Hm? Und was machen wir die ganze Zeit? Richtig. Wir machen Spekulatius. Sehr gut. Welcome back from lunch, everyone. Hi. Hopefully you had a good meal. I missed you guys so much, except for you. You know who you are, and you know what you did, and I will never forgive you. But for everyone else, I hope you had a good lunch. Welcome back. We're back on the CitizenCon show floor here to do our last little bit of the community booth. Versucht halt den It's been Humor a von Jared phenomenal einfach. 2 days, and we cannot thank enough everyone who has been here to give us the love and support as you guys have been watching the show. Whether you guys have been here on the community booth floor, whether you guys have been in the theater, it's been nothing but amazing smiles on faces, and that's what we love to see here at CIG. And so we're gonna go over to a place that makes everybody smile, Soul Citizen. Now this is a group that is all about diversity and inclusion in Star Citizen. You know, gamers, maybe not the most polite people sometimes. So we want to have an org where diversity and inclusion is forefront in their mission statement, and no one does it better than Soul Citizen. These guys are phenomenal. We got my man Griff here. Griff, how is it going? How are you, man? Doing good. Awesome, man. It's so good to see you guys. You know, what's been your experience having Soul Citizen be this huge org that is a safe space for gamers of all colors, genders, sexualities, orientations? What's been your guys' experience being that safe space for them? Well, first off, we're not an org because people want us to be an org. What we are is a group of gamers who back and support the game, but particularly of diversity. When Fast Cart and I first got this going, we talked about being able to bring African American, because we would go to the conventions and see 5 of us out of 600, but we knew we were out there. But ultimately, we decided to expand diversity into not only just being African American, but LGBTQ, straight, age. I'm 60. We have 20-year-olds in our group, male, female, and everybody pretty much has a different feeling about the game and very supportive of the project. Fantastic. So even Jared Huckabee could play this game, is what I'm hearing. It's, you guys are going for like the elder statesmen, so that's fantastic to hear. What giveaways are you guys doing? I hear you guys are doing a really cool giveaway at the top of every hour. Is that correct? At the top of every hour, if anyone comes to our table, if they're the first one to come here and they say what our table number is, one of our partners or our friends are the folks with Star Jump Station with Grim, Ender, and Starlet. They couldn't be here, but they donated these posters of their work of the Fleet Viewer. And so we have signed this for everyone, for all the members here have signed it. And if you come here at the top of the hour, if you're the first one, we will give you one of these signed posters specifically from Star Jump Station because we love them. They're a great group and they've contributed so much to the community. That is awesome. Thank you guys so much. Soul Citizen, come check them out. Again, a safe space for gamers of any race, creed, nationality. You guys will find a home here. Thank you guys so much. We're going to move on now to Quantum. These guys are all about the medical gameplay loop. These guys are, oh my goodness. I almost needed them for a second. That was disastrous. How's it going, guys? You guys are the forefront org designed to help with medical gameplay wherever gamers may be in need. You guys actually have a really interesting Discord tool for anyone, even if they're not in your server, if they're not in your group, to get your services. Tell us about that. Yeah, so the Abe spot that we designed is to be in other people's Discords. One quick, easy command will actually send the ping to our Discord as well as all of our partners through the Alliance Initiative Beacon System Bot, or ABES for short. And say that one more time, just so everyone's clear. What is the name of that bot? The Alliance Initiative Beacon System. The APES bot. I love that, where you can go ape for the APES bot. So what can we expect to see from Quantum in the future? What do you guys have next on the horizon as your guys' org is expanding ever greatly? So every time we get any type of information, we always try to think about how it's going to affect us. Yesterday, we saw the fires on the ships and everything, and we already started talking about a fire rescue unit. Firefighters in space is the coolest thing I think I can think of. Thank you guys, Quantum. Yeah. You guys rock. Everyone here has been phenomenal so far, and we are going to end our last community booth segment of the day with Imperium. Now, when I say these guys have an amazing set piece that has wowed everyone at CIG, I mean it. Let's take a look
at this amazing Bengal carrier. Like, guys, this is phenomenal. Let's see if we can get a good shot of that. Make sure we get a great shot of how detailed that Bengal carrier is. It is sleek, it is sexy. Ryan. God, I just want it for myself. So, man, that is just so cool. So with me are some Imperium guys. What's up, guys? So, you know, let's say a young, charismatic host named Schman, for example, wanted to steal that Bengal carrier. Where exactly is it going? Well, if you live in LA, it's actually going to be staying right in here. It's going to be down to the Santa Monica office, so it's going to be present inside their studio. If you go check it out after CitizenCon, it's going to be there in perpetuity. Yes, suck it, Austin. LA wins, finally. So what has your guys' CitizenCon experience been so far? How have you guys been repping Imperium here on the show floor? Well, I mean, obviously, very well is the answer. So it's been fantastic, man, having everyone here. This is about half of the people we've had present. So it's been a fantastic showing from our organization. It's been a labor of love putting this together, being present, answering questions. It's been great to see everybody coming around, showing support. It's been fantastic. So thank you. Yeah, we've been seeing you guys build this throughout the past 2 days, and to see it finished finally, for those of you at home, there are no easy words to say how cool this thing's look. The level of detail here is immaculate. So thank you guys at Imperium. I know that everyone at the LA office is going to appreciate this so much. All right, we're going to toss it back to Jared momentarily. Thank you guys again so much for checking out the community boost. We'll see you guys back here again. In the meantime, stay safe and see you in the verse. Oh, nice. Alt what? Function F4. There we go. Hi, everybody. I'm at the Pyro Playground. I said, hey, at some point during the 2-day event, I want to get out from behind backstage and, you know, come see what the thing's all about. So I'm here in Pyro. Why don't you come around here and see? I am, of course, an expert Star Citizen player. Come on over here. You see what I'm doing? I am attempting to open a door right now. Der Kameramann versteht's nicht. How do I open the door, Daniel? It's not this door? That's not the door? Also, you're not Daniel, are you? You're Adam. All right, so we are here. What station is this, Adam? No, remember. No, put the mic in. Oh, this is Checkmate. This is Checkmate. This is Checkmate Station. So this is where the demo starts. And what do we do when we're here at the demo? This is where your habs are. So, yeah, you can't go back in. Okay. You want to go straight. You want to follow the exit signs. So left. And those are your elevators. Are these ones going to kill me? No, these should not be the death elevators. Not even in Pyro? Should not be. No guarantees on that. I want you to go on record. Look at that camera and say the elevators in Pyro won't kill you. I'm going to say no guarantees that the elevators on Pyro won't kill you. All right, so we take the elevator, and where do we go next? You're going to go to the entrance. All right. Push the button. Look at this guy. So one of the other players will do it for you. There you go. So, no, show the screen. Show them Pyro. Let them see Pyro. People are tired of seeing my dumb face. Mm-hmm. There we are. So where am I going now, Adam? You want to make a left? This way? No, you went too far. You got to follow the exit signs. I don't see anything. There you go. All this environmental storytelling. This is the experience that you just walked through. All right, up here? Das sieht schon ziemlich gut aus. And another elevator. All right. So what does this say here? Do you know? Das ist der Dings vom Vehicle Team. That's. I know that's Rough and Links Ready. ist der Dings vom, ich weiß den Namen gerade nicht, vom Vehicle Team. Right, yeah. So Rough and Ready are the gang that runs the Checkmate Station. All right. Well, everybody, I am not going to subject you to my first time here in Pyro for any longer. We're going to throw it to the first of our two-part environmental presentations, starting with Living on the Edge. So take it away, everybody. And okay. Los geht's. I don't know. Watch it. It's good. Bayonet und Hauptspiel beim nächsten Mal in Frankfurt, Köln, wo auch immer. Auf die Fresse. Gib einer auf den Wrack. So, genug Spekulation? Nichts. Ich hab kleine Koala-Bären. Hi everyone. My name is Colin Chuckett. I'm the lead level designer for the PU. I will give you an introduction to our locations when it comes to the design, a high-level overview of the design of our locations. I'm going to describe you the processes of our workflow and the goals that we aim to achieve. So, to break down our process a bit,
This is very high level, but it starts out with a pre-production phase, an ideation phase. Here everything starts out in the mind. We bring it down to paper, sketch, write, formulate a plan based on our overall design goals. And then it moves on to the blocking stage. You might have heard of this, like the white box and gray box phase. This essentially contains all of the gameplay that you would see in the final product. Basically, the way it's meant to be played, and we test this out with a lot of iteration and, yeah, a lot of testing. And it's basically, the white box is not in a stage where it's presentable, but that comes now. So on the right, as you see, the food court that Adam is going to be showing you later. Yeah, this is the final product, VFX, lighting, and everybody had their pass on this. And level design or other designers still maintains the space and makes sure that the systems that get created are being retroactively implemented. All right, so one key aspect of game development in general is the balance of narrative, visuals, and gameplay. So all these interplay, they interconnect, and it's the foundation that runs through all game environments. So it's important to communicate context. And here in this draw over, you see that narratively, we see sort of a dangerous environment. The spiky shapes here are sort of threatening. We see defensive structures. We can expect some enemy NPCs here, but it's also an old village. Maybe there's some exploration, some loot to be found. And then what's also important is communicating goals. So goals can be the pathways that you take, the gateways that bring you from one step to another, and so on. Okay, whoops. Yep, there we go. Okay, since we're a sandbox game, accommodating play styles is pretty important. So play styles meaning going guns in blazing, shooting at everything and everybody, going more of a stealthy, infiltration-y pathway if you wanted to, but also all the social aspects that you know from Stanton. And to do this, we establish, so one of the core design philosophies is granting the player the freedom of choice to do what they want to do at any point throughout their experience. And we do this by establishing or defining multiple pathways or archetypes that we call primary, secondary, and tertiary pathing. So the first one is pretty straightforward. In a social setting, you have the goal right in front of you, and it's a single goal, such as here in the Habs. In a combat setting, this is very exposed, so it's dangerous to traverse this route. Where it gets more complex is when you have, such as with this outpost here, when you have multiple goals that can be equally important to the player at any given point. This is where we need to have a bit more design put into it with, for example, the landmarks that serve as orientation points. So to help you orientate yourself wherever you are in this location. And leading you to these locations by utilizing shape language and composition. The second path is, these are secondary pathways, so these are alternative routes. And these are options that are offered to you as you traverse the area on the primary path, for example. And so you may know this as a tourist when you go to a new city and you look around the corner and you see an alleyway that sort of looks nice and it evokes your curiosity and you want to investigate. In a combat setting, these are covered approaches or opportunities for you to flank the enemy to get to your goal, which could be this building on that sketch. Yeah. Versus more open spaces, when you have, in a combat setting, in open spaces, you tend to be a bit more stationary because you want to feel more secure, unless you're in a vehicle. The third path is tertiary pathing. So these are more hidden infiltration routes, especially discoverable throughout the rundown stations that Anna will be presenting later on. And these are mostly discoverable to the attentive eye. You can explore these, find loot, or different routes to traverse through the station. Environment interactivity. You might have seen this in a previous presentation.
It's very important to ground the player to their environment, offering them ways of interaction, being able to change the state of rooms to toy with the AI, or just simply being able to unblock your pathway. Where it gets a bit more complex is when you talk about resource network systems, such as in day one when Torsten mentioned that we are planning to implement this as well in locations. And this will allow the player to engage with their environment in different ways. They will be able to power up or down entities such as turrets, gates, and doors, and also alter life support systems. And also this ties into security systems. So being able to power up or down certain sections of a security system. And security systems in turn will be dependent on security tokens that you will be able to grab from other NPCs in your environment to then gain access to other terminals, to security terminals or other areas. Reputation is a big topic for us, especially with Pyro. So reputation, what does it mean? It means that it's basically your standing, your relationship with factions, and factions are the UEE in Stanton, or outlaw gangs, especially now in Pyro. And this will define your play style within this environment. So it will define how you experience the location that you're in a more social context or in a more combative context. So we talk about reputation gates as well, especially in the later presentations. So in the case of the food court, in the rundown station, we have multiple floors. So the first floor is the gang floor, and that might require you to have a better relationship with the owner of this location, which then will give you unique mission givers that you can go to and accept a mission that are offering you missions themed after the faction or the owner of this location, but also give you access to unique gear, collectibles, ship weapons, and items. You might have seen these locations in the demo if you've played it. So to close this all off and move on to the other presentations, the glue behind all of our locations is the content. It is the reason why you go to these locations in the first place, and our main goal right now is to not have that divide between social and gameplay as much as we do in Stanton, but mix it up a little and make that dependent on the reputation that you have with the factions or the owners of these locations. And yeah, we're looking into more content. As you've seen listed there, there's a bunch of new stuff coming as well. With the later presentations, for example, with the logistics hubs in the second portion, we're also looking into rates. But yeah, that's it for me. I will pass it over to Eddie now. Hope you've enjoyed this. Take care. Bye. Ich bin ganz ehrlich, nach ungefähr 30 Sekunden hat er mich schon verloren gehabt. Ja, es ist, das war so die allgemeine Einleitung, glaube ich. Ja. So, I'm Eddie. I'm an assistant art director on Star Citizen for locations. Before we start, I'd like to mention that all of the footage we're about to see comes from our current stable builds. So all of that beautiful tech, all of those features that we've seen in the last 2 days is coming from our tech development builds. Now, all those features are going to make their way to you, of course, eventually. But that is the reason you're not going to see some of them in the builds today. I just wanted to get ahead of the comments a little bit there. So with that said, what am I going to be talking about? Well, I'm really excited to show you that the hard work that the Sandbox One team have been doing to expand our new outpost locations. I'm going to start by going over how we've expanded the library and what that means we can now achieve with the new locations, and then how we achieve that variety from the library by categorizing our locations into both archetypes and themes, and what that means for you as a player. So, I don't know if you remember this, but at SitCon in 2021, we showed this new style of outpost for the first time. Now, at this point, we had our art style locked in. We'd worked on our library of content to the point where we could make smaller locations like this one, but with a limited amount of variety between each one. And this is what that library of modules looked like at that point. We'd established our main building modules, as well as some of our larger buildings and a number of smaller
secondary, and dressing and standalone modules. But each outpost couldn't be too large without there being some obvious repetition between the modules used. So let's have a look at that library today. Ja. So, in order to achieve that greater visual and design delta between each outpost and have them not feel like exact clones of one another, we've massively expanded our module library in terms of breadth and depth. And what I mean that, we go broad by making more modules with different purposes, and we go deep by creating multiple thematic overlays for each of those modules as well. And I'll go into what that means a little bit in a minute. But the challenge of a sandbox location like this, as you can see, it's not about building a single unique location. That can be quite straightforward, to be fair. It's about giving our artists and designers the building blocks, the affordance to build multiple locations that all feel somewhat different, even if they do share that same basic DNA. So it's about creating both the ingredients at the same time as the recipes and making sure all of those flavors work in harmony with one another for both visuals and gameplay. So every individual part has to take into consideration all of those design philosophies. So every single module has to take into consideration those design philosophies that Khan mentioned. But we also have to make sure that they work with those same principles when an artist or a designer combines them into any one of a number of different layouts. So the more ingredients we have to work with, the more recipes we can create. But with that complexity Fabi, comes the das hat er gerade challenge of gesagt. keeping everything harmonious. Das sind ungefähr 100 Assets mehr, die sie jetzt haben. Hat er doch We like gerade to think we've done gezeigt. a pretty good job with that. But that's me. Using this expanded library, we've been able to increase the individual location size because there's less of that obvious repetition between buildings within any single location. And we can't really call some of these large locations outposts anymore. They become something more like settlements and imply a larger and more established community. Now, as a player, it will mean a lot more to explore and do at any single individual location with a localized and personal feeling mission types that might see you moving around a single settlement to complete objectives or doing short hop missions between clusters of settlements on a single planet. So you might head up to a ridge to repair some wind turbines. You could counter an outlaw attack from a neighboring outpost, or on the opposite side, you might be stealing or destroying vehicles for the criminal gang that you're working for. But in the art department, we always say, show, don't tell. So let's stop looking at slides and let's have a look at some of the locations in game. Finally. Sehr gut. Endlich. Ei. Er zeigt doch nichts Neues. Ja klar. Die hatten vorher 30 Assets, jetzt haben sie 300. Also, das ist... Es ist halt mehr davon, damit es eine größere Variation gibt einfach. Ja, und dass sie halt nicht nur kleine Häuser, Dörfchen, wie auch immer machen, sondern halt was Größeres machen können. Komplette Siedlung. Das ist schon ein großer Unterschied. Aber man muss halt dazu sagen, so ein Asset, das wird ja nicht, du sagst ja nicht, ich hätte das gerne und so und dann ist es da, sondern die müssen ja alle gebaut werden. Deswegen. Also ein paar von den Locations sehen schon so groß aus, wie Levski war. Mhm. Scout wieder. Thank you. Okay. So, what flavors of outposts did we just see there? Well, we categorize them in two different ways, as I said, and then we mix and match those categories together to provide that variation. Now, the first and primary category is the archetype, and they provide that core gameplay hook and define the main function of a settlement. So scrapyards have a landing pit module for repairs and refueling. Mining operations can have a refinery module and ore extractors for resource and commodity Vor allem trading. sind das halt mal And trading größere posts Teile als themselves bisher alle allow a Outposts, broader wo man range of hinfliegt. item purchases through the Alle Outposts dedicated derzeit, trade du hast building 2 module. Landingpads und 4 Häuser. Mehr ist es nicht. In And I komplett mentioned Standard. earlier some more like general mission Flora, types fauna. that you might find that would be agnostic of archetype. And the archetypes themselves reflect that primary gameplay function of a settlement, but there's also a middle layer.
Of course, we don't want these locations to just be a glorified shop or repair station. So there's to be more secondary activities to do locally to an outpost that are also defined by its archetype. So you may find scrapyards can offer salvage-related gameplay and missions. Trading posts can also offer delivery missions or hauling and cargo gameplay. And farms can offer crops and fauna as resources for gathering or trading. So with archetypes as our primary category, in addition, we mix in a secondary category, and these are the thematic overlays. Now, at the moment, we have two main themes. Internally, we call these independent and outlaw. So themes offer additional variation on top of the archetypes to inform the look and feel of a location, not just visually, but which people you'll interact with there, how they'll respond to you based on your rep, what types of missions you'll have available to take on. So themes don't change the fundamental architecture of a space or the archetype of a location, but they do drastically alter the mood and feel, as well as altering the gameplay experience significantly. And again, let's take a look at the first of our themes, our independent theme. Das ist das, was wir schon kennen. Also, ja, wobei sie lustigerweise das letzte Mal die Mission in so einem hatten, aber mit Bösen. Ja, also, ja. Und deswegen haben sie es wahrscheinlich gemacht, damit es jetzt Variationen gibt. Genau, aber den Stil kennen wir schon, dieses Theme kennen wir schon. Nochmal, aber die derzeitigen Outposts müssen auch geändert werden. Wenn sie jetzt hier in Pyro so große Dinger da bauen, dass da 30 Häuser stehen, dann müssen da auch mehr Häuser als 4 stehen. Also sagen sie auch jedes Mal, dass es halt auch darauf hinausläuft, dass das Stanton nochmal überarbeitet wird, was das angeht. Ja. Ja, jetzt gerade. Ich glaube, die ganze Präsentation ist sozusagen Living in Pyro. Ja. Und das haben sie noch nicht so genannt aus irgendeinem Grund. Das ist eine normale Cutter, das war nicht die Dings. Ja, das war die normale. So, as a neutral player, the independent theme presents a much more social, visual, and gameplay experience. The primary visual read across both themes, so across both Outlaw and Independent, comes from those common architectural forms, and they're generally all more rounded and soft in shape, and the building manufacture techniques are more robust and primitive, with single-story dwellings built from stucco and bare metal. But for this theme specifically, we use soft textiles, warm lighting and color palettes, foliage, decoration that layer on top of those utilitarian structures to give that sense of home. And I use the word home for our independent theme quite a lot because we really want to get that feeling that this is home for the people that live there despite those harsh realities of frontier life. And in contrast to that, we have a theme that lies in a direct opposition to the independence, which we call the outlaw theme. So let's take a look at that now as well. Guck mal, wie groß die sind. Hier ist schon alles, hier ist halt düsterer, so, das finde ich cool. Ah ja, okay, da sind auch die Organhandel-Shops. Die Musik geht schon ein bisschen vorwärts. Oh, Gatling-Abwehrtürme. Loser.
Okay, chaotic. The Outlaw theme tells that story of these once functional settlements being completely overrun by the various criminal elements that inhabit the system. And visually, we have themes of a regressed and subverted civilization. So we layer on top of the architecture these spiked and aggressive forms, and we have evidence of a squalid living arrangements, and lighting comes from fires or poorly maintained fixtures. Some spaces are going to be recognizable as deformed versions of the independent theme, but some have been completely changed to more nefarious purposes. And while both themes employ all of the various alternative pathing and traversal considerations that Khan detailed just earlier, the Outlaw spaces are weighted more towards combat. But just because these spaces are more dangerous and the experience can be more combative, that doesn't mean that the archetype of the outpost is lost. So if you as a player choose to be a criminal working up your rep with a head-on gang, you'd be welcome at the trading posts, and you'd be able to buy and sell items or take on missions. But you probably won't then be very welcome at the independent-themed locations, and that's where you get your combat experiences. So while the Outlaw theme looks very different, the functionality of those archetypes still remain. So I've talked about the kinds of outposts we've been hard at work on, and I hope you've enjoyed checking them out over the last 2 days in the Pyro demo. It's really made me very pleased to see people playing our content at last, so thank you for that. But where are we heading from here? Well, I hope it should be obvious that we're going to get these out for the first Pyro release. We still have some final optimization and polish passes to do across the whole library. We're also going to be expanding the amount of these locations throughout Pyro and beyond, and our tools allow us to do that very quickly now. And we've got the library as well to do it. Yep. And the new outposts are not limited to the Pyro system. They're completely system agnostic, so you can expect to see these outposts in other systems as well. And of course, we're going to look to add more ingredients, more of those modules to the library as well, to further expand the variety and depth you'll be able to see at these new locations. Ja, nee, der redet We ja want nur to von dem, was die da encourage machen. more on-foot gameplay Die haben ja within a nichts mit small sowas ecosystem of a planet, Bau to oder that more so. localized and personal feeling experience. Our goal with these locations, as with many of the others we're going to hear about today, is to continue to work on the gameplay so that every location offers a rich playground to explore. And I guess I'd like to finish just by thanking everyone for listening today. It's really great to see you all. And I'm going to pass you over to Nick, who's going to talk about some locations who are coming in the nearer future. Thank you. Bonjour tout le monde. Bonjour Nick. We are French Canadian on the here. Cool. All right, guys. My name is Nicolas Pinchot. I'm from Montreal. I'm assistant art director, and I'm here today to show you the next new derelict settlement we did. But just before that, I just want to say thank you to everyone who worked on that mandate. You guys made an awesome work. I'm super happy and proud to be here today to show you that, all of you guys and to the world. So let's cut to the chase and let me present you the new derelict settlement. Danke. Ja, die Franzosen wird schwierig, aber es ist halt so. Franzosen, die Englisch reden, da komm ich nicht mit. Genau, Tonk. Okay, haben wir schon gesehen? Ja, das kennen wir schon. Ist jetzt vielleicht noch mal ein bisschen überarbeitet, aber das so auf den ersten Blick kenne ich das. Aus der Perspektive noch nicht, okay. Okay. Das ist wo? Microtech. Ja, eben. Ja, es sind ja nur Derelict Settlements, das stand nicht Pyro. Ja, also es ist halt, beim einen sind sie ein Pyro, beim nächsten sind sie nicht mehr ein Pyro. Die müssen auch mal irgendwie, aber ja, okay. Ja, das ist alles Microtech hier gerade. Ja. Den gab es aber schon mal im Wald. Den hatten nicht sie, so groß, guck mal, wie groß den der ist. hatten sie schon mal drin, den haben sie jetzt wieder rausgenommen. Da konnte man schon hinreisen. Da war nichts, aber da konnte man schon hinreisen. Den konnte man schon finden. Okay. Ja.
Eigentlich macht das schon fast mal Sinn, einfach nur über Microtech zu fliegen. Weil Microtech hat somit die meisten... Oh. Ja, das ist Lorville irgendwo. Hurston, ja. Aber Oil Rig, das ist neu. Das ist cool. Kommst auch so nicht hin, musst du drauf landen. Man muss so fliegen, ja. Haben sie auch aus Rust geklaut. Oil Rig, Radiation, alles aus Rust geklaut. Ja. Ist das, wie es ist? Ja, ist einfach reine Rust-Kopie. Ja, ganzes Spiel ist Rust. Ja, das sieht schon cool aus. Das ist cool, auch mit so Gewächshäusern da oben drauf, finde ich lustig. Ja. Goblin Oil Rig. Die ist mehr aus Holz, oder? Die im Brachland meinst du, ne? Okay. Pretty cool, guys, eh? Oh, by the way, we made more than 4. It's not just 4. We made more than that. So we split those settlements into categories, social and hostile. In the social one, we will have drop-off mission, shops, food, loots, and drinks. And hostile one, obviously, will be more focused combat. Let me show you what it looks like. Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass Jared das so hoch angesetzt hat und gesagt hat, das wird so krass, alles, was ihr heute gesehen habt, war gut und das, was ihr morgen seht, wird besser. Wir sind alle gerade auf so einem Level, wo wir auf genau dieses warten. Wir warten darauf, wo bleibt denn das, was uns versprochen ist? Weil, ja, das ist cool, das sind coole Sachen und so, aber ich sehe mich jetzt hier die ganze Zeit und ich warte wirklich die ganze Zeit drauf, so, wann kommt denn das Geile? Wann kommt jetzt das, was absolut neu ist, was mich komplett umhaut? Wieso soll ich sitzen? Jared hat gesagt, ich soll sitzen, weil das so geil ist. Ja, das sind neue Derlicks. Da hat jeder erwartet, dass das kommt. Pyro, okay, hat jeder erwartet, dass da was passiert ist. Aber ich sehe jetzt hier nicht diesen oh wow, das ist wirklich krass Effekt bisher. In allen 4 Präsentationen bisher nicht. Ich finde das schön, ich finde das gut. Alles, was ich heute gesehen habe, ist geil. Aber nichts davon hat mich bisher komplett fassungslos gemacht, so wie die ersten 30 Minuten gestern. Die ersten 30 Minuten gestern bin ich explodiert. Da war ich euphorisch, ich hatte Gänsehaut auf meiner Gänsehaut. Und heute sitze ich hier und denke mir, ja, ist cool, ist schön, das sind schöne Änderungen. Ich glaube, was sie gemacht haben, ist effektiv ein Sandwich. Dass sie sehr hoch anfangen, dann kommen die Infos, die sie sowieso rüberbringen wollen und dann kommt nochmal ein großer Knall am Schluss, weißt du, so. Ja. Aber wie du schon sagst, es dämpft die Freude für all die Sachen, weil man halt auf das große Ding am Ende wartet. Ja, vor allem ich weiß jetzt schon nicht mehr, was am Anfang war, ganz ehrlich. Als ob mein Gehirn noch verarbeiten könnte, was gestern passiert ist. So. Also die richtig coolen Sachen. Als du vorhin das Recap gemacht hast, Alter, ich habe 3/4 davon nicht mehr gewusst. Ganz schlimm. Kann sein, dass Jared einfach auf die Tube gedrückt hat für Viewer Retention. Oder eben auch, weil er stolz auf alles ist. Schwer zu sagen. Ja, klar sind die stolz. Es ist ja auch geil. Also, ich will das nicht schlecht reden. Das sieht mega geil aus. Das sind richtig geile Derlicks. Das will ich nicht schlecht reden. Definitiv nicht. Aber es ist halt was wir alle erwarten. Wir erwarten, dass das Spiel mehr Content bringt, als das, was derzeit da ist. Also, das wäre schon komisch, wenn das nicht der Fall wäre. Und vor allem sind das halt alles so Sachen, die wir auch das hätten sie auch in Inside Star Citizen zeigen können, ganz ehrlich. Ja. Also, ne? I like the end. The end's awesome. Alright, in summary, guys, we're going Fabi, die Sachen sind nicht ewig weit weg. Alles, was gezeigt wurde, 12 Monate. With nice mission and good gameplay. And the most important, all those locations will be in Q4 this year, available in the game. Nice. So thank you very much. I will let now Adam to show you more good stuff.
Okay, dann muss jetzt aber auch Good Stuff kommen. Dann zeige ich mir mal Good Stuff. Finde ich auch gut, dass er damit sagt, das war kein Good Hi Stuff. everyone. Nein, more Good Stuff hat er gesagt. Hi. So, welcome to Rust Up Stations. I'm Adam Sanders, lead environment artist for EUL1. We're excited today to show you our efforts for the Pyro Rest Stop Stations. Excel auch für dich, du hast ja einen Account angelegt. Wenn du jetzt das Spiel kaufst, kriegst du 30 € geschenkt. Well, these are stations reinvented. These have new themes, archetypes, and gameplay to support new and interesting experiences. Aside from the social aspects, there is gameplay and exploration on the location. I've hoped you had a chance to play the demo over the past couple of days. I know I've spoken to a few of you. It's pretty good, right? Yeah? It was a sneak peek of our current progress. Let's kick off with an overview of the Pyro system. For the Pyro system release, we plan on 6 planets and 26 stations, 26 Stationen. jump point stations that connect for Stanton and future systems such as Magnus. Rest stop stations are either in rundown or abandoned states. Ja, klar. Ah, okay, genau. Stimmt, Citizens of Pyro, the rough and ready outlaws and Xeno-threat may control these. Our focus today on the rough and ready owned Pyrotech Amalgamated Fuel and Resource Station, was kommt jetzt in Pyro noch dazu? Das müssen sie machen. Das wäre keine Sitcom, wenn sie das nicht machen würden. Checkmate Station. Ja klar, du hast, wie viele Lagrange Points haben wir denn? Du hast mindestens mal... Keine Ahnung. 3 pro Planet, 3 bis 4 pro Planet, ja, dann sind es fast 20 eigentlich so. Ja. Und dann haben sie wahrscheinlich hier und da noch welche dazwischen. Die sind halt nicht besetzt, die meisten, ne? Ja, genau, sind abandoned oder rundown, also so runtergekommen und dann halt Gangs drauf. Mhm. Port Olli sagt, genau. Port Olli sagt die große Ankündigung. Ja. Was für fett. Wäre der Hammer. Würde auch keiner erwarten. Das würde echt keiner erwarten. Das wird absolut niemand wird das erwarten. Ah, die gefallen mir, das finde ich cool. Die sehen auch sehr, sehr gut aus. Riesige Raumstationen sind gut. Ja. Und deswegen glaube ich, Nyx ne? Nyx ist bei mir noch nicht raus, aber dadurch, dass du jetzt... Nyx ist ja auch wieder ein System, was nicht lawful ist. Deswegen, ich glaube eher, sie wollen Magnus und Terra werden sie heute noch irgendwie ankündigen. Weil das sind... Krass. Das ist erstens das Stanton-Dreieck. Du kommst von Terra nach Pyro, du kommst von Stanton nach Pyro, ich glaube von Magnus kommst du auch nach Pyro. Das wäre halt ein perfektes, das wären perfekte Routen, ne? Und sie müssen eigentlich mehr Lawful-Sachen bringen als Unlawful-Sachen, weil die Lawful-Spieler sind halt immer noch mehr. So to create a richer experience on rundown stations, we have 3 key unser points. Sonnensystem. So increased Terra ist ein reputation anderes gives Sonnensystem. you Unser access Sonnensystem heißt to in dem new Spiel areas, Soll. Das ist unique komisch. gear and mission givers. It also relates to basic functions such as the hub clinics, which need at least a neutral standing with the roads. Terra ist ja normalerweise die Erde, aber da gibt es ein Sonnensystem, das Combat so can heißt. take place anywhere, including social areas. Numerous options for environment traversal and enhanced environmental interactions. We aim to include new substation areas such as the workers area, lower deck, and maintenance areas. These areas will offer unique content, more environment interactivity, and interconnection between areas. Our journey begins when the player arrives in the entry deck view room. The entry deck serves as the first barrier between the outside world and the interior of the station. Some inhabitants are prevented from going inside and are stuck here with no means of getting out. Slums are formed beneath the bridge, smuggling routes established. Some shopkeepers will sell you water and food on your way into and out of the station. Let's have a look. Solona. Ich finde cool. Ja. Ich finde das cool an dem Look. Solamis finde ich auch gut, ja. In den Look von diesen Rundown-Stations finde ich gut, dass es dadurch, dass du halt nicht so diese klaren Schilder hast und die klaren Passagen wie in den Stationen, die wir bisher kennen, halt wirklich chaotischer wirkt einfach. Wenn ich mir das angucke, weiß ich nicht, wo ich hin muss. Nicht nur, weil ich die Station nicht kenne, sondern es gibt für nichts Hinweise sozusagen. Du musst es halt wirklich lernen, genau, und dann halt mit der Map befolgen. Aber du wirst hier keine Map downloaden können wahrscheinlich. Nee, die musst du selber bauen.
Vor allem Environmental Exploration auf einer Station finde ich auch gut. Ja, ist halt... Das ist okay, weil da werden ja auch Missionen sein auf diesen Dingern. Das, wie gesagt, das sind ja Verlassene eigentlich. Also das ist jetzt nicht so, wie wir es aus Spenden kennen, dass wir überall hingehen, überall Sachen kaufen können, überall tanken können und so weiter. Das wird ja nicht auf diesen Stationen sein. Die Stationen sind ja auch eigentlich ja, Missionen etc. Da kannst du ja auch alles haben. Gut, die Station Layout ist unique, ist klar. Wartungsmission, ja, genau. Nice. Oh, das ist cool. Das ist cool, ja. So Khan touched on reputation earlier. Let's see how that is applied to the stations. So how does the reputation gate in the entry deck affect gameplay? Reputation wird ein Riesending mit Pyro, ne? So if you had good reputation, you could go straight through. This is no fuss, and it's the quickest way to maneuver through the station. However, you got to put the time and the effort in to get to this point. Ja klar, deswegen gibt's diese Gänge. Neutral reputation. So you might be waved through, maybe you have to pay a bribe, and you don't want to pay, so you can have to find an alternate pathing. Or you can have to build up your reputation. If you have bad reputation, and for all you naughty ones out there, I know some of you exist, this applies to you. In short, you're going to have a tough time, but you have options. So stealth via other pathways might be one of those options. You build your reputation up from scratch, or you could probably fight. Let's focus on those alternate pathways. Aber das ist geil. The modules in the station are broken up into several traversal areas. As with the other location archetypes, we define these spaces as secondary or tertiary routes, as opposed to the more official primary paths. Ja. Most modules are interconnected with vents and maintenance shafts. These reward the players with infiltration and exploration paths, as well as potential loot. So what alternative routes exist to access the station? We'll offer the opportunity to access the station through multiple EVA points on the exterior. It gives you the choice on how to tackle missions and reputation issues. These alternative entries allow the player to circumvent the ATC loop completely. Useful for when your reputation with the owners would normally prevent you from going through more official ways. These serve as spaces that provide content aligned or against the owners of the station. The maintenance hatch access points are a new common sub-location to the stations. The stations are planned to house maintenance areas that increase the interconnection between all the different sub-areas of the station. They act as alternative pathways the player can take to traverse from the entrance area to the Galleria, for example. Now let's have a look at our main social space. The market. A central location for the controlling faction, it houses all their nefarious activities. You can participate in their endeavors if you have the right rep. Let's have a look at some of those key features. Hat Obstkuchen richtig gesehen. Ich finde es geil, dass du immer noch so ein bisschen die UEE hier erkennst, die hier damals die Station gebaut hat. Ja? Wenn du so genau hinguckst, die Spenden UEE-Station, die erkennst du hier wieder, aber die sind halt so runtergekommen und so. Das ist wirklich super unique alles. Sehr geil. Richtig, richtig geil. Warum sollte Haar- und Stoffsimulation kommen? Das Thema war doch heute im ersten Ding. Das ist doch abgeschlossen. Es sind zwei verschiedene Builds vor allem. Oh, hallo. Lecker Zeug. Kann man essen direkt. Der Wenzlack. Direkt vom Boden essen. So ist auch lecker. Nom. Überall Grimhex. Also. Grimhex sind gut. So the market is a social hub and a good example of mixing social and gameplay space, as mentioned by Carl earlier. Another reputation gate can be found in the market. The ground floor is open to the common public. The upper floor is reserved to rough and ready outlaws and their associates. If you have increased reputation, you can access this area which gives you access to premium items, top-tier mission givers, and access to new areas. We plan to house mission givers in both tiers that will give you unique jobs to further your reputation and fame across Pyro.
Now let's have a look at another theme. Abandoned is a new, non-social location theme. Let's have a quick look at the current abandoned area on Checkmate. Das ist auch gut, Abandoned Area, finde ich gut. Das heißt, dass auf der gleichen Station 2 verschiedene Themes. Ja, da wo halt noch Leben herrschen kann und da wo halt alles im Arsch ist. Weil hier ist schwierig, ja, ne? Cool. Aber da sind auch noch Leute, okay. Ja, da sind Leute und da gibt es Eingänge durch die Hintertür in die andere Station, in Stationsbereiche. Sehr cool. Also das gefällt mir wirklich. Das finde ich auch Ich meine, gut, ist jetzt auch nichts Neues, ne? Wir wussten, dass das wussten wir auch. Wir wussten, dass das alles da passieren wird und so, aber es ist schön, das jetzt einfach zu sehen. Mal auch in quasi fertig. Und daran erkennt man einfach, wie weit die sind, ne? Also Pyro ist halt einfach fucking fertig. Da kannst du einfach den ganzen Tag auf so einer Station verbringen und alles erstmal erkunden. Alles umbringen. So we have entire abandoned stations as separate locations. On top of that, there are abandoned areas within the rundown stations, much like the ones you probably see in the demo. There will be around 15 of these around the Pyro system. These are accessible through airlocks and breaches or other means. Hi Dirk, grüß dich. We aim to enhance all the space locations with a lot more gameplay content. Loot runs, exploration, creatures, missions of various types with PvE and PvP content, just to name a few. We're also laying a focus on environment interactivity with potential retrofitting of occupied stations. With the future addition of security systems and the resource network system, we will have the means to further improve the experience within these spaces and offer new challenges. With power, life support, and gravity playing a key role to give the player a unique experience, especially in abandoned stations. So, what do Pyro Restock stations bring to the game? So lots more variety in space stations, with more gameplay opportunities within a station location. Opportunities for exploration, hidden areas, multiple options for access or traversal. These are faction-owned, and reputation will affect the location and gameplay. These feature lots of new mission opportunities within social space and multiplayer opportunities for combat on location. So I hope you have enjoyed this sample of what stations will offer and had a chance to have a go on the demo the past couple of days. That concludes the Living on Edge presentation. Thank you for your time. Okay. Also umgehauen hat's mich nicht. Ne, es war ein paar Infos über Pyro und ja. War jetzt okay. Genau. Die Stations waren cool. We are almost to the end of CitizenCon 2953. Can you believe it? Ja, schon. 2 days? Pyro? Starcloth? Star Hair? Star Citizen? All right, we still got one more presentation to go, but I have a couple announcements I have to make. This was just handed to me by the facilities team, so bear with me. Astropub, you're gonna need to redo your lore video on the history of the Zeus. Geo, you need to get some money. Authy, I need to be invited to the next ladies' night. Burks, this just says get good. Get good. Is he even here? Oh, da ist Hexenwerk. Fastcart, slow down. Da war gerade der erste just Deutsche. thanks for my bracelet. Yeah. And Salty Mike, don't forget to pick up your check on the way out. Ja, sehr gut. Salty Mike haut immer rein. You know, that joke is so old, we would never, ever pay him. All right. So the only real announcement I have is that Hall B is closing at 4 o'clock. So that's approximately 15 minutes. So if you wanted to get merch or anything else, you wanted to peek at one last community booth, you've only got about 15 minutes left to do that before we close Hall B. In Hall B, the last 2 days, we've had our good friends at Atmo Esports. We're running their fight and flight competition. So I would like to invite 2 of the members of Atmo Esports, their founders, their creators, the big cheeses at the top, Crucian and Corsair. Come on up, man. Damn.
You got 90 seconds to tell people about who you are, what you're about, and how the event went. I'm Corsair, and this is Crucian, and we're from Atmo Esports. And we've just run Fight or Flight, the first live tournament experience here at CitizenCon 2953. We'd love to thank the staff and competitors. Who are the competitors? What are you doing? Yeah. Is that what that big group is? Yeah, these guys. Yeah, just get them up. Yeah, come on up, guys. Come on up. Well, I just want to give a big thank you to the competitors who made this tournament happen. We have Lizzie B, Avenger 1, Verity, Cobra, Herbadiza. We got Sin, Astropub, G.I. Jew. We have Comet 15, Bognagus, Ms. Gabs, Schwang, Zero State, New Cabbage, Detox, and the Floor Mat. These guys have gone through adversity throughout this tournament, and they've done a fantastic job. So I just want to say thank you to the community who keeps supporting what we're doing. We'll love to be back in the future. And this community is the best community in the world. Thank you. Take a bow, players. And of course, if you were here watching this, you can check out the stream, the Hulk event, up on their Twitch channel, I presume. Yep. I should have checked beforehand. Thank you very much, everybody. Watch your step on the way down. All right, I got one more housekeeping thing. There's a person not many of you know. He's an associate producer in our LA studio. And when the workload for this event became as heavy and as detailed as it was, we turned to him to help with our broadcast this weekend. And he rose up and he excelled like a champion. So I would like to formally introduce you to Dan Howbrick, who's been co-hosting the event. Dan, get on up here, man. Ja, der Jared ist auf Kokain oder so. Keep walking. Now, we've got one more presentation. That's Destination Adventure. You're going to see more about things underground, things up in space, and things I'm going to let Todd Pappy tell you about. And then, of course, we'll let Chris Roberts come to stage, return to stage, and close out the event proper. So this is a sign-off for me. Thank you so much for being here at CitizenCon. And on behalf of Tyler and Leah, if I may, thank you for making this event possible. And you're going to love what you're about to see, everybody. Kann man auch mal ausstehen jetzt. So, dann jetzt, wenn er sagt, you're going to love what you're about to see, dann will ich sehen. Oh ja, gucken wir mal. Das hat Der Papi ist auf alle Fälle da, das ist schon mal gut. Hello and welcome to Destination Adventure. My My name is John Griffiths. I'm the lead environment artist for EU Sandbox 2, and I'm the product owner for the distribution centers. Before we delve into, I'll put my slide on for a start. Before we delve into it, everything that you're going to see is currently in grey box, so just keep that in mind. So, these distribution centers, what are they? Well, first off, they're the biggest location we have on the ground outside of landing zones. The reason why they're so big is intentional. We wanted them to accommodate as much world and mission-based gameplay as possible. Each location supports multiple landing pads and hangars, making them accessible to as many players as possible at any one time. Wäre nichts Neues. There's even a road network to support transit from the planet's surface, into the main building and to any berth ships. Bei den Siedlungen, aber dachte, das wären vielleicht einfach nur. So every distribution center will be owned by a faction.
Depending on the faction and where the distribution center is located on the planet, Ganz ehrlich, will Straßen, determine its ja, specialism. haben sie jetzt da gebaut, aber Now, die sind halt each specialism erst in 3-4 Jahren will im lend Game. itself Also to wirklich different Straßen missions von and gameplay Settlements zu opportunities. sowas zum Beispiel. So let's talk about some factions Das wird for a noch sehr moment. lange dauern, bis die sich So, an example of a richtig major aufbauen. faction would be the UEE. Gibt es ja auch in Now, at Spenden their schon vor jedem distribution Bunker, centers, kennen wir ja schon die Straßeneingänge. They're likely to be more specialized towards military supply, research and development, or communications, depending on which branch of the UEE it is. They will have a much stronger military presence in the area, and missions here may be more hostile with combat-orientated, team-based raid opportunities. Other examples of hostile gameplay that we're thinking of is hacking and stealing, searching for and destroying a specific item, tracking and eliminating any VIPs, and everyone's favorite, eliminate all. Grey Cat Industrial would be an example of a minor faction. So their distribution centers will be more specialized towards gathering resources, manufacturing, assembly, shipping. There would be a security presence here, but it won't be as strong as a major faction. Ja, das haben sie auch schon gesagt. And missions here would be more suited to friendly gameplay loops, though we won't be ruling out hostile missions like corporate espionage. Some other friendly gameplay types. Cargo hauling, like I said, resource gathering and mining, maintenance of the location. But that's enough of me talking about it. How about we show you where we're up to with these distribution centers? Also, ich bin ehrlich, sie haben es halt schon mal in dem Inside Star Citizen gezeigt, da war es auch Grey Box. Und das ist 6 Monate her und da haben wir drüber gesprochen, dass die wahrscheinlich zur CitizenCon damit fertig sind. Wenn das jetzt immer noch im Greybox ist, I don't know. Aber wir gucken mal. Außen sieht es auf alle Fälle mehr aus. Es sind nicht mehr nur einfach nur Gebäude, da stehen auch Fahrzeuge und Boxen und Container und so. Das da alles. Es sind auch riesige Locations. Sowas hier baut man wesentlich schneller als Artist, der es drauf hat. Und ich wiederhole und betone das nochmal. Jeder einzelne Mitarbeiter bei CIG hat es drauf. Wesentlich schneller als eine Corsair zum Beispiel. Wesentlich schneller. Deswegen... Wo hatten die da die Klappen? Ich sehe keine Klappen. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Da war nichts hier mit Ruder. Ja, die hat kein Querruder, aber die Flügel haben Klappen. Nee, aber sowas hier baut man relativ schnell. Also relativ schnell, ne? Wenn du die Assets hast, schusterst du dir das halt zusammen, wie es passt. Und da kann man sowas bauen. Guck mal, was sind das? Das sind NPCs, die da rumfahren, ne? Ja, das da gerade nicht wahrscheinlich. Wenn so richtig, mal hier vorne sitzt der Sniper, der Spieler. Ich glaube, das soll alles NPC-Verkehr sein, aber... Ja, NPCs sollen ja auch später auf Straßen fahren, also so ist ja jetzt nicht. Thank you. Also. So to talk you through the corporate spaces at these locations, please welcome Rainer Rick to the stage. Hello, hello. So my name is Rainer Rick. I'm a lead environment artist at the Montreal studio, and we've been working with John's team on the distribution centers. So John just showed how massive these locations are. He also presented the industrial sections on the ground level, and I'm here to present the administrative area of these facilities that the Montreal team has been working on. So they're located above ground, just below the tower highlighted in the picture. Inside, you'll be able to explore the corporate office space and interact with the administrative personnel. Accessible via the lifts in the hangars and also the industrial sections we saw earlier. In addition, we've added also landing pads in front of the lobby
specifically designed for smaller ships and ideal for short stays like pickup or delivery missions. And we can't ignore the fantastic views we have from these platforms. A reminder of the vastness of these facilities. Now, let's step inside the lobby. You'll find the atrium, which is a central point of the administrative area, providing access to various locations of the corporate space. Within this space, you'll find the reception desk, and as a newcomer, you'll be expected to report here first. So here you can hand over your deliveries or pick up packages and earn reputation points with that faction. So also expect to see corporate ownership reflected through branding, color schemes, and product placement throughout the corporate hub. And with the use of overlays, we'll be able to swap these out depending on the ownership. And here's an example with Raycat showcasing their vehicles and some shiny armor. And back on the topic of reputation, as it grows, you can expect to gain access to the executive office spaces. From here, you'll meet with unique quest givers, and depending on your reputation level, you'll receive various mission types. Ist ein Sandwich mit oben sehr viel Brot, dann viel Belag und unten fast gar kein Brot. The distribution centers were designed as an evolving location. We've built this with future expansion in mind. And in the back of the lobby, for example, doorways could eventually lead to additional office space. So, enough talk. Just before I show our progress so far, I want to give a big thank you to the Montreal team for their work on the administration area. Thank you. And as John mentioned, we're still in gray box phase, so just keep that in mind. But let's take a look. Also die sind im Prinzip, das ist schon cool. Ich glaube, jede von diesen Underground Facilities ist im Prinzip so groß wie eine von den Stations, die sie vorhin gezeigt haben, vom Umfang her. Größer? Das heißt, du hast oder wahrscheinlich sogar größer. Du hast 26 Stationen, auf denen du Ruf sammeln und irgendwelche Sachen erkunden kannst und so weiter und so fort. Und du hast das Ganze nochmal x-mal. Aber das ist trotzdem nichts, was ich nicht erwartet hätte. Genau, und es ist auch nichts Neues. Schon 10-mal gezeigt wurde. Ja, also genau, also das ist halt das Zeug. Ich glaube, das ist das Problem, dass sie es auf 2 Tage strecken wollten. Also müsste man nicht, aber wollten sie so machen, weil das normalerweise das Zeug ist, was locker in einem ISC hätte gezeigt werden können. Ja, alles. Ja, genau. Alles wollte eigentlich bisher. Das hier hätte, also sie wollen ja auch den Mitarbeitern, den Devs die Möglichkeit geben, sich vorzustellen. Und dafür ist das ja auch gedacht. Und im ISC oder in einem Star Citizen Live, da würde sowas halt reinpassen, eine Stunde, ja. Und da würden dann alle sagen, das hätte man aber auch im ISC zeigen können. Es ist halt, glaube ich, schwierig. Aber das ist trotzdem alles nichts, was für mich gestern angekündigt wurde. So von wegen, morgen seht ihr noch mehr Zeug, was ihr nicht erwartet. Das hier erwarte ich, weil ich habe letztes Jahr zu CitizenCon das hier gesehen, wie es angefangen hat. Dann habe ich Mitte des Jahres gesehen, wie weit sie da schon sind in einem, ich weiß nicht, das war ein Inside Star Citizen, ne? Hatten wir beide zusammen gesehen. Ja, genau. genau. Dann hatten sie es nochmal gezeigt in einem Star Citizen Live. Und ja, dass die jetzt da weiter sind, ist klar. Die hören ja nicht einfach auf zu arbeiten. Also, und ja, es ist, wie gesagt, auch hier wieder, es ist cool, es ist geil, es ist was Neues, aber es ist nichts Bahnbrechendes. Also was Neues, wir sehen neue, ja klar. Das ist übrigens auf Microtech. Ja, das wissen wir doch aber auch schon. Naja, aber das ist schon einer, der dann auf Microtech ist. Sie hatten ja irgendwie, sie sollen erst beim Pyro rauskommen und dann später auch mit Spenden. Ja. Aber wahrscheinlich sind sie schon so weit, dass sie die da direkt deployen. Thank you very much. And now let me welcome back John on stage. He's going to continue the presentation. Thanks a lot, guys. Das ist halt, wie gesagt, das ist halt jetzt nichts, wo ich sage, okay, das habe ich nicht erwartet. Team did a great job with that video. Ich glaube, Jared setzt alles auf die letzte Ankündigung. Ja, aber das something ist doch we've been working on that's unique to this location is raids. Auch das erwarte ich in so einem großen Ding, weil sie es auch schon mal gesagt haben. Raids are team-based missions with a focus on high-risk, high-reward operations. As Khan mentioned previously, you'll be able to choose how you gain entry to these locations. Coming prepared and geared up will make the difference between success and failure. Fabi, Sie haben mit der BMM ja nie You'll need to aufgehört. work Das ist ja together kompletter in Käse. order to succeed.
Und auch nicht plötzlich, sondern der Mitarbeiter, der dafür hauptsächlich verantwortlich war, hat gekündigt. Also das weiß auch jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt hat. For example, a shipping, focus, distribution center will have rooms dedicated to the Das Ding storage ist of schon cargo. schweinegroß, ne? Muss man wirklich sagen. Also. Looking to the future, we're planning on having distribution centers with subterranean levels that will be accessed from this interior space. These will expand upon and increase the difficulty of these raids. Now let's take a look at one of these raid missions in action, but please note that this is early gameplay prototype of a raid. Ja. Müsst ihr jetzt nicht bei jedem Video sagen. Steht auch drunter. Es sieht vor allem alles bisher ziemlich gut aus, finde ich, dafür, dass sie jedes Mal sagen, ganz ehrlich, hast du die X1 gesehen im letzten Inside Star Citizen? Ja, genau. Die ist Whitebox, also den ihr Whitebox und Greybox ist mehr als andere Spiele im fertigen Zustand haben. Und nochmal zum Thema BMM. Die haben ja nicht aufgehört mit der BMM. Die BMM wird ja fertiggestellt. Das Problem ist halt, wenn der Mitarbeiter, der hauptsächlich dafür verantwortlich ist, kündigt, muss erstmal jemand anderes da wieder eingestellt werden, eingearbeitet werden. Und genau. Deswegen, also das war eine gute Idee auf jeden Fall. Auf alle Fälle, Tractor Beam Cover. Das ist eine gute Idee. Ja. Läuft der in dem Ding? Naja. Oh. Ja, okay. Das ist. Ja, ist halt Greybox in Progress, Early Game Footage, Tobi. Haben sie jetzt 12 Mal gesagt. Ja. Mensch. Ja, deswegen. Die holen da nicht mal Drogen raus, ne? Ja, wobei doch, das sind, glaube ich, die Eier. Ich glaube, das sind die Weevil Eggs. Da ist jede Kiste 105.000 wert. Ich glaube, das waren die Weevil Eggs. 125.000 ist jede wert. Die so rausballern, als ob das es bringt, wenn der dicke Turm auf sie schießt. Das ist ein Hover-Trolley, genau. Ist ein Hover. Ja, genau. So, as you saw in the video, the team took a more aggressive approach to getting inside and taking what they wanted. But this isn't the only approach you can use. You know, multiple points of egress allow you to be stealthier, and it may make it easier for you to avoid obstacles in your path. Now, reputation will also tie into these raids. Missions will have varying objectives depending on the player's reputation level. And dynamic events may also sind wir mal ehrlich, wenn das rauskommt, wenn Pyro rauskommt und so weiter, ey, die Leute haben einfach 2, 3, 4, 500 Stunden wahrscheinlich Spielzeit zu tun, Reputation zu farmen und die ganzen Sachen sich anzugucken. Also das wird schon wirklich gut. Something else we've been prototyping is how we can utilize the multi-tool to create gameplay puzzles. Physically interacting with the environment around you changes the puzzles for everybody. With multiple add-ons for the tool available, you may have to get creative when finding a solution to the problem in front of you. In this next video, we show you how using the tractor beam attachment can open up new paths to your objective, but it's up to you to decide what path you can create with what is available. Let's watch the video. Haben die den Ton vergessen? Ja. Die Idee finde ich cool. Gefällt mir, sowas zu machen. Ja, so aber Puzzles. machst du einmal, danach ist dir zu mühselig. Also, so wird es mir gehen. Weißt du, was ich meine? Ich meine, wenn du es brauchst, um irgendwo hinzukommen. Ich finde es cool, wenn die sowas machen, halt mit optionalen Zielen sozusagen, ne? Mhm. Ich kann da jetzt hochgehen, dann gibt es eine Lootkiste, vielleicht was Cooles drin oder... Ja, genau. So, yes, thank you. Now, obviously, it was, you know, this location would be possible with several people at CIG, so die thanks Half-Life go Graphic, to die können Manuel, so, John, Jack, Martin, Farouk, Luke, Chris, Mustafa, Sam, Tom, and Rob. You've been excellent. Thank you to Rainer and his team in Montreal. You know, none of this would be possible without their efforts. And yeah, thanks to everybody here and online watching. Really appreciate your support. Okay. On to the next one. Ja, bitte. Ja, fertig gleich. Oder was? Hello. Hi.
This is a good segue from the distribution centers, as I'll be talking to you about different aspects of cargo and freight on behalf of art and design. Okay. My name is Nick Etheridge, and I'm an assistant environment art director. So obviously cargo isn't just about boxes. It's a big part of the game. Almost every aspect of the game has some kind of involvement with cargo. Mhm. And I'm going to briefly go through some of them now. Hat er recht. So let's start with missions. How will hauling contracts work in-game? We'll be introducing the Interstellar Transport Guild, as well as formalizing some of the main hauling and cargo companies that you'll be working with. As you do more hauling contracts, you will build up your reputation and relationship with the guild. Ich habe in meinem Bullshit-Bingo Reputation This will lead you to gaining more lucrative contracts for Ja. specialized cargo and Heute destinations, Ja. such as different forms of hazardous cargo, perishable cargo, riskier routes, and more. So what do I mean by hazardous and perishable? Well, as you know, there's lots of commodities in the game, and different commodities have different properties. As you know, with events like Xenothreat, we have some special cargo types with different attributes, such as time-sensitive cargo or quantum-sensitive cargo. Mabo wird But those gerade were a zum small Rage Guy. selection for the event, and they were the two-handed carryable types anyway. We'll be expanding those types, plus lots more types, to the wider game and to these hauling contracts. So how does this affect gameplay? It will affect the choices you make when you are handling, storing, and traveling with the cargo. For example, with size and weight. Is it carryable? Do you need a tractor beam? What type of tractor beam do you need? Is it a handheld one or a ship tractor beam? Ja, oldschool, ja. Some containers can only be moved with ship tractor beams, for example. With health, has the container got good integrity? Is it holding fragile goods? Do you need to handle it with care? You can't just throw all containers about. For temperature control, do you need to ensure the container is powered so it can keep the contents cool? Nicht geil. Or do you need to get to your destination quickly? Schöne Wassercontainer sind nicht viereckig. Otherwise, the finde ich geil. contents may perish. For security, can the container be locked or hacked? Can the contents be scanned, or is the container tracked? Will there be pirates Explosive. or law 32 after you SU when you're Bomber an holding Bord. this container? Ja, Benzin. Has a containment? ja. Is it radioactive? You might need the right protection against it, as you may have seen in Jens's presentation earlier. Can it explode? HLI You wird might heute not want to rauskommen. put these Das ist containers es. on HLI, a more HLD und HLB kommen heute exposed raus. section of your ship. Das ist aber auch cool, wenn And du many of these attributes are going to be visually ist die distinctive. Halbserie So super, wenn du conversely, das Cargo draußen hast. if you want to steal, for example, stimmt. some cargo on a hull sea, which does have very exposed cargo containers, you might want to avoid shooting blindly and accidentally blowing up your potential profits. So look out for those types of containers. Okay. Also wenn ich griefen will, dann schieße Back ich to genau da mission drauf. progression. Ja, wenn We'll ich be fluchen introducing will, perks and rewards as part of fulfilling contracts and raising Ornamente. reputation with these companies. Sehr schön. Access to more For items. rewards, we'll have branded ship and tool skins, branded clothing. Ja, There will be collectibles to decorate your hab, hangar, or ship, or you can put them anywhere you want. And there'll be more exclusive rewards that we'll be revealing later. Thank you. er wollte gerade Pyro sagen. For perks, you'll get access to more items in Okay, shops okay. and discounts on specific items. And all of these rewards and perks you need to earn in the game. You cannot just buy them. Perfekt. Das ist schön. Das ist mal was Schönes. Einfach mal zu sagen, wir gehen mal von allem weg, ihr könnt gar nichts kaufen, ihr müsst erstmal euch verdienen. Next, let's have a look at freight elevators and hangars. Oh. Okay, das ist I knew you'd be excited for this. Das ist wichtig. I'd like to show you a short video to demonstrate how freight elevators will change how you view your hangars and how you use your hangars. Oh. Okay. Hatten sie im Inside Star Citizen erst vor kurzem eigentlich gezeigt, aber noch nicht so richtig. Und wir haben drüber geredet, wie groß die Dinger sein können. Das ist Es war riesig. da vor allem
Das war da vor allem nur so ein, das, was das Videoteam halt immer baut. Ja, selber genau. gebaut hat, sozusagen. Genau. Während das hier was halt in-game ist, also richtig Gameplay. Ja, und da hast du gerade gesehen, wie groß der Hangar da Ja. ist. Also das ist geil. Mach mal leiser, sonst versteht uns keiner. Aber das ist riesengroß. Das ist riesengroß. Das sind 32, 64 und nochmal 16. 1000? Sind 70 SCU in der Länge waren das. Ja, und dann 3 hoch. Nee, das sind nicht 3 hoch. Das sind 8 hoch. Hm. Minimum 8 hoch und keine Ahnung wie viel nach vorne. Also da 1000 SCU hast du ziemlich Und da auch locker wieder der fertig. Hover-Trolley. Ja. Sehr gut. Wie Nice. gesagt. Ja, vor allem wenn du es alleine machen musst, ist doch geil. Deswegen habe ich gerade eben schon geschrieben, $35 mit LTI. Kriegst du einen Hover-Trolley. Mhm. No. Ja, Sehr okay. gut. Ja, okay. Ja. Das war ja klar. Also, Ist aber wichtig, weil jetzt kannst du halt überall auch deine Ground Ja, Vehicles ja, einladen. Du ja, musst nicht mehr eben. auf irgendeine Dingsstation fliegen. eben. Aber auch das ist jetzt nichts, wo ich sag, das Nee. haut mich völlig um, weil das wurde auch im ISC schon gesagt. Genau, und dann kannst du auch, toll, ja, okay. Maintenance, klar. Mhm. Auch das wurde schon gezeigt und gesagt. Ja. Da ist auch der Medikasten. Den haben sie auch gezeigt, Ah. ja. Aber die Dinger sind geil, also wirklich. Hm? Ein Wann wäre schön gewesen. Thank you. Thank you. So, as you can see, hangars, they will become persistent and personal, meaning you can stay there as long as you want. Whatever you leave there will persist and will be yours to use as you see fit. Your hangar won't just be a place that you leave from in your ship. It will become a key base of operations to handle your inventory and storage needs, and you'll be able to request your ships from an ASOP terminal from within the hangar itself. Location inventories won't be magic and instant anymore. This means that the freight elevators will be one of the main ways you interact with your local inventory. Items stored at the location can be requested via the elevator kiosks and will be brought up in a physicalized state to do with as you want. This would be done through a dedicated interface screen to manage large volumes of items. It won't be using the personal inventory system. The change is obviously a really big quality of life improvement to retrieving ground vehicles. No longer do you have to travel thousands or millions of kilometers to specific places in the verse to get your vehicle. You'll get them straight from your hangar. You'll also be able to bring up ship components, so your hangar is now more of a maintenance bay and outfitters where you can do repairs and swap around items and things like that. So in short, persistent player hangars in combination with freight elevators will dramatically change what you can do in your hangar. It will be a home to do as you want, which has always been the dream. That concludes my presentation. Thank you very much for listening. Schön. Also das schön And I will einfach noch pass you over to Todd Pappy. Sag uns noch eins, wann. Gone. Ja. So, jetzt wird's interessant. Wenn Come Todd on, kommt, I can't hear you. All right, there we go. Okay, komm Todd. Bausch nicht zu weit auf, wenn du So, nichts sagst. we'll be talking today about something special. It's an update on something that we talked about a little while ago, but we feel it's the future of Star Citizen, and it's the culmination of multiple different game systems coming together. So why don't you play the video?
Okay. Das ist eine Expense? Oder Prospektor. Nee, Ist keine Prospektor. das ist eine Expense. Nee. Oder Auch nicht. ein Baufahrzeug. Doch. Das ist die Hall A. Hall A, ja. Stimmt. Ja, Landclaim. ich hab die zweimal gesehen, glaube ich. Landclaim stand da gerade. Mhm. Okay. Okay. Obstkuchen? Obstkuchen, eine Pioneer? Obstkuchen bitte? Mining. CIG so Starfield, ja, aber ne? Ich glaube, Sie müssen jetzt die fucking Pioneer zeigen. Wenn sie sie nicht zeigen, wäre es ein bisschen schade, dass das so magisch erscheint, wirklich. Das wäre ein bisschen komisch. Oh Gott. Oh Gott. Farming? Farming, ja. Das ist eine Hydrofarm. Ja, Hydroponics, siehst du? Aha. Ja, ich glaube auch, sowas immer wo. Es sollen ja auch mehr Baufahrzeuge geben. Es soll ja nicht nur die Pioneer geben, sondern auch kleinere Sachen. Aber die Pioneer baut eigentlich ganze Outposts. Und das hier würde ich sagen, ist ein Outpost. Aber warum zoomen sie so weit raus? Ah, okay. Ich dachte jetzt... Okay. All right, so base building. All right, it breaks down into two really large gameplay sections, planning ahead and prepping, and then you've got the on-site where you're actually gonna build. So with that, you need to figure out what your goal is. Is it to have a home with a nice view and relax? Is it to have a trading post where you want to create and sell items? Is it to gather resources available and move on to the next area? Or is it to be off-grid and be completely self-sufficient? So with that, with your prep and everything like that, we've got blueprints. So the recipes. Everything in the game is fabricated from a blueprint. Players acquire blueprints via reputation rewards, missions, or rare NPCs. With any blueprint, you can actually do research on it and then create different variations. With materials, ranging from the common to ultra rare, you might find them at the local shop or have to travel around the universe to collect them. Unrefined, refined, simple materials, or even complex components will all go into the fabrication. With this, then you've got location, location, location. First area is high security, so you must purchase the land. The base is actually invulnerable because of the planetary shield tech. A security will show up to protect it as well. You pay for the privilege, you're taxed. So at this point, you won't have the best resources available. You won't have access to the best resources available on the planet. If you don't pay your taxes, the shields will go away after a period of time, and the base will become derelict and will collapse. Genau das sehe ich da gerade. But this is low risk, low reward. Then you've got low security. So again, you must purchase the land. It's owned by an independent corp, gang,
or faction. Again, you don't have access to all the best resources on the planet. The base is vulnerable. AI NPCs will show up and protect the base if it's attacked. The protection will escalate over time. Player can also build defenses to help mitigate this as well. And then it's medium reward, medium risk. Then you've got lawless. So this is no protection other than what you build. There's shields, anti-air. Players can disable the shields by getting close to them and destroying them. High risk, high reward. Since there's no taxes, no protection fees, you get a high return on the resources that you collect. Now, there's some cross-shard and server meshing considerations that will kind of adjust this design in the future, but we'll get into that later once we're really building it. So from here, you've got the tool. So this is what we would consider a surveyor. With this, we want to actually cater to everybody's playstyle, whether you're solo or in an org. Oh, wie geil. With this, you got different buildings that you can produce, from small, medium to large to XL or XL. So with the surveyor tool, you can only build the small buildings. With a vehicle, you can build small and medium-sized buildings. With the Galaxy, you can build small to large structures. And then obviously with the Pioneer, die Galaxy kommt bei mir auf jeden Fall rein. Pioneer can do it all. And it still works as a mobile base. And we'll talk about some of the more expanded features that we're adding to it and later on. So, and then it's also, we're exploring what can be done in space, not just on the planet. Sehr geil. So from here, you set off on your journey. So with the land claim, you put your tool down where you want, you launch the drone that is built into the machine, and then from there, this allows the player to access the base building and also land claim mode. With the land claim modes, the player can actually change the size and position of what area they want to claim, and it also shows you the cost and taxes associated with it. If it's in a taxable zone and you don't own the land, this interface will default to it. So if you own the land or it's in a lawless area, it'll automatically go to base building mode. So with the overhead view of the land, you can actually place down buildings exactly where you want. You can see the resources beneath the surface. And then you can also place multiple buildings before you actually build. So you can see how it will all come together. You'll see the resources that are needed for it. And then you can also switch back and forth between different modes, which are showing off the resource network and how you link basically power generators to consumers. And then the player can move or deconstruct existing buildings right now with no charge. Fabrication. So when you basically build these buildings, they don't come with any furnishings. And if you didn't bring any with you, then you want to build a fabricator. So depending on what you want to build, there's different sizes of them that support buildings from decorations, armor, weapons, components, and even ships. Wobei ich hier nicht sicher bin, ob sie das auch gemeint haben. Pingolux, mein Gear ist nicht So like base building mode, you need nicht blueprints, resources to craft what you want. Everything fabricated is produced it produces a physicalized entity. Stats and quality will depend on the quality of the materials actually used. Once you've done that and you've built your decorations, now you can actually fill the room the way that you want to fill it. So furnishings can be purchased at different locations, or they can actually be fabricated. You can do that via first person or in a dedicated mode in the surveyor's tool. Da liegen zwei Artefakte. With that, you've got different types of buildings. So you've got utility style, which would be garages, freight elevators, landing pads, storefronts. And then you've got extractors. So with extractors, we want to make sure that nothing in regards to resource gathering is fully automated. A level of player engagement is always needed. So as Nick talked about before, there are different types of commodities, radioactive, perishable, etc. What you'll be doing is pulling out full containers. Then from there, it'll be repairing, or there's wear and tear associated with it, or even misfires like you saw in Thorsten's talk and Guillermo's talk yesterday. There's also upgrade paths for making them more efficient or resilient. Power generators. So with different types of power generators, there'll be some that are more cost-effective as well as effective in different areas. Solar panels will not always work in darkness. Fuel generators will need to be filled up every now and then.
and then batteries to store excess power. Then you've got producers, so things that will require the players to combine different resources to produce new items. And then you've got defense, so anti-air, anti-personnel, and then shield generators. And then the big one. Gott, ey, das ist einfach... We start development Q1. Ach so, okay. So. Starts. That's me. Thank you all. Thank you for coming. Starts. It's wonderful to see you. Das startet... Das startet 2024, das heißt, das ist 2027 fertig. Also, okay, gut, Hype ist rum. Also, okay. Introducing Chris Roberts. So, jetzt kommt noch das Squadron 42 Announcement. Hey everybody. Dann ist es ein Roulette. Okay. I hope you've enjoyed everything you've seen in these last 2 days. We were really excited to show you a lot of it. And I've sort of seen some online comments about, okay, well, that's very cool, but when are we going to get it in the game? But one of the real reasons why we wanted to show you this CitizenCon is because we've hit an inflection point on a lot of the features, as in they're either finished or they're in polishing stage, which is why we're showing them. So everything that we've been showing you here at CitizenCon is our intention, not making 100% promise, just so everyone remembers that, to get them into Star Citizen through next year. So it's not going to be gated on having to be after Squadron 42. So we are... Yep. So we're planning over the Q1, Q2, Q3, Q4 of next year. Hopefully, everything that we've shown you, you will have in your hands playing inside Star Citizen. Basebild niemals. Wie gesagt, hopefully. And it's very gratifying for the team and myself to finally be able to show you a lot of this. One of the advantages of being able to go and iterate on these features in Squadron was that we were able to do it without having to release every 3 months and make sure the old system worked while the new system was working, so we could actually really polish the features, which I hope you could see when we showed you the updated UI stuff, the updated FPS stuff, the updated flight stuff, the character stuff, which is something we're very proud of, because this is, after all, an MMO. You want to have as much freedom to create the character you want to create. So, as you may have guessed, and Brian Chambers may have let slip a bit earlier, we are feature complete on Squadron 42. You will not get a release date from me today because, first of all, you always get very angry at me when I give dates. That's true. Yeah. It will be when I know that we're fully about ready to print the Gold Masters, but it won't be just yet. But we prepared, the Squadron 42 team prepared a small video for you. I may be lying, it's a bit bigger than small. To give you a glimpse of everything we've been working on and what the gameplay looks and feels like. So let's roll that. Yeah. Schön. Immerhin. Letztes Mal Gameplay-Footage hat man, glaube ich, 2015 gesehen davon. Genau, das war der Slice. Mhm. Archangel 6, come in. Go for 6. I'm getting a faint contact on bearing 287. You picking that up? Yeah, got it. Scanning now. Das ist eine F7A. We're clear. Commercial vessel out of Vegas 3. Provided that civilian traffic is restricted under lockdown. 2045, das auch früher als wir sind. Vor 8 Jahren.
Archangel, this is Krugeri. Come back, Krugeri. Redirect to Sector 7 Bravo Echo for immediate tasking. Copy that. On our way. Ja, Obskuren, ich glaube aber, das hier ist pre-rendered. Ich glaube nicht, dass es in-game ist. Du siehst ja, dass das ist gerendert. Also das siehst du. Das ist gerendert, ja. Das ist nicht. Das ist ein Fake. Ja, moin! Wir Bengals. Ja, Patrolling Mongol Border. Das ist auch alles da. Wie viel Bengals brauchen wir für dieses Video? Alle. Da sind 30 Idris oder so. Da oben ist ein Pegasus. Ja, das ist ein Pegasus. Rügenwalde. Okay. Die Kameraeinstellung hatten wir schon. I know I just wrote you, but a couple of hours ago, proximity sensors on the other side of the jump got twigged. Word is it might be that clan we've been battling with. I guess that last fight didn't scare them off quite like we all hoped it would. Honestly, we've been out here so long, I don't know what to Das sind die pull for Charaktere, die er vorhin gebaut hat, ja. Ja. I just Okay, ist jetzt dran. wanted to let you know. I'll write as soon as I can. Stay safe. Your loving son. Fly safe, sagt man. Ich sehe gleich ein Kingship da irgendwie ankommen. Ich weiß nicht warum. Ja, das kommt bestimmt. Ich meine, das erste Mal, dass wir eine Pegasus sehen, oder? Aber ja. Never gets old, does it? Sir. Eddies. I used to do the same thing when I was first coming up. Post up to the flight deck whenever I could to watch the launches. Have you seen the F-8s up close? No, sir. Oh. The thing's a beast. Nimble, too. 12 maneuvering thrusters and 3 mains. It sure sounds like it. Sir. Captain McLaren to the bridge. Captain McLaren to the bridge. I saw you apply to the Flight Academy again. Yes, sir. Keep your head up. Took me a couple times before I got in. Thank you, sir. Manchester, wie geil! Ah, finde ich gut. Welcome to Cloud Imperium Games Manchester Studio. I'm Chris Roberts, and I'm pleased to announce we have just passed a major milestone. Squadron 42 is now Geil. feature complete and has entered its polish phase. To celebrate this milestone, we've gathered some of our core leadership together to share what this means. As Chris says, we've moved into the polish phase of Squadron 42, which means extra emphasis on ensuring things feel fun. This means focusing on the small and large elements of the game, such as dialing in combat encounters, but also looking at the feel of how you control your character or vehicle and making sure it's immersive as possible. We've paid extra attention to how your character reacts when in their ship, so that you feel like an actual pilot, whether that's firing your weapons, taking hits, or punching the afterburners to get to cover. Ship AI has also seen huge improvements,
with closer engagement distances and more varied behaviors. And with our new precision targeting mode, the action has never been as close. With the aim now on polish, we've organized the project into self-sufficient strike teams, so we can focus on individual areas to deliver the best experience. Was auch immer das sind. Ich verstehe, was? Das da This oben, allows diese us to bring Raumdinger, all disciplines so together Satelliten. with a unified vision of enhancing the gameplay by seamlessly blending it with Foto polished mit richtiger visuals, Physik. final cinematic performances, and our ever-improving technology. Das Wasser, ey. You didn't see the boat, kid. You're good to keep going. We're also dialing in gameplay features, such as the ship flight model, for both atmosphere and space, which covers master modes, control surfaces, and our gold standard HUD and MFDs. Our interaction system for both the world and your character have also seen additional improvements, allowing us to hone and craft environmental puzzles unique to each location, while allowing us to tell the story of the world around you. The military multi-tool is an essential piece of equipment for every pilot that integrates all attachments into a single handheld device and allows us to create really interesting challenges, including physics-based puzzles using our updated rope tech. Dafür war die Rope Tech, okay. Unidentified vessels, this is the UEE Navy. Power down your ships and stand by for processing. Old Man. Ja, der Old Man, das ist der Mark Hamill. Our scanning, targeting and marker system has also seen an overhaul, allowing us to highlight only the essential information that you need, such as key objectives, mission targets, and high-level scan information, while keeping your overall view as clean as possible. Damn skank! Tactical FPS combat and stealth, which has seen a suite of improvements, from improved looting, weapon feel and balance, realistic scopes, and smoother locomotion, alongside our new and improved FPS radar and scanner that provides you an overview of the battlefield, but at the cost of ramping up your own emissions. We've also seen the introduction of our Maelstrom-powered destructible environment, which adds a layer of dynamism to the experience, alongside our improved AI, that can now have hundreds of combinations of traits that allow us to create unique and challenging combat encounters that really push your tactical awareness and skill. Alter, geht das Drogenlevel hoch bei ihm. Aber dieses Adrenalin fällt auch sehr schnell wieder. Naja, das sieht auch schon schlecht aus. Ja. Er spielt aber auch wieder schlecht, da kann ich mich schon wieder aufregen. Granate hat er nicht gebraucht. Noch einen Pen. 20 blutest. Sicher bauen, ja. We play and review the builds regularly and call out action points in each level from start to finish and where we need to improve the gameplay. What?
This is an incredibly rewarding stage of development for me and the team, as the ultimate vision of the game is realized, allowing us to craft an experience that we can be really proud of. One specific area that I'm excited to dial in is the feeling of the player interacting with the world around them. Patching you in. As it's a core component of Squadron and really grounds the world that you inhabit. We've made sure that any interaction in the environment is physically represented by a character animation to keep you in the moment and fully immerse you in the experience that we've created. Ultimately, this is the final phase of gameplay iteration before we fully transition into optimization and stability on the road to release. Here's your trail. Colton, come back. Always trips me out to see terraforming setups like this. Web tried explaining how atmosphere processors work. Really shows how far we've come. The hell is she? With the transition of Squadron to Polish phase, we've had the opportunity to find additional moments within the existing narrative to add subtle interactions where appropriate. It's been tremendously exciting to play through these areas and find places to augment the mood, support gameplay, and further embellish our story and characters. So yeah, man, I can't believe it. They said I've got to wait another 2 years before I can reapply. So that's why I figured I'd get a job trying in security, because that's, you know, I can get some hours flying in the cockpit and whatnot. Can't hurt, right? Exactly. We've also been capturing pickups for our lead female player character, as well as wildlines for our various enemies that you all will encounter throughout the game on both foot and in your cockpit. These consist of a range of responses and reactions that you as the player can trigger, which has been the culmination of efforts by the gameplay and AI teams. This means that you're going to have to tangle with some very smart and reactive bad guys to complete your mission. Okay. Das ist ein cooler Kaktus. Warum hat die Lampen außen dran? At the heart of this immersive adventure, you'll find cutting-edge cinematic storytelling, thoughtfully crafted to fully immerse you into your story. We fight today. So in 40 years from now, when you're surrounded by everything and everyone you hold dear, and they ask, what did you do in the Battle of Vega? You can look them in the eye and say, I held the line. Men and women of the Second Fleet, I am proud to stand with you today. Good luck. Push your button. Nice speech. Any word from the recon team? Not yet. Well, let's get into position. Was? Ich höre das Beast, habe ich gesagt. Die Bengale ist so riesig. To push things to the next level. Tell me you're expecting company. This is not good. The Cine team is focused on finalizing edit lock on all of our big action as well as all smaller character sequences. I could have pulled this off of the Galactopedia. Yeah, probably, but I think their solar mass calculations are wrong, though. Well, this is ridiculous. How so? We are now able to adjust our shot composition to final cameras thanks to recently crafted space vistas and level art being content complete now. It'd be nice to know how much of a shitstorm we're flying into. More like a hellstorm, Blue. One you ain't gonna fly out of. Shut up. Now, I hadn't seen another ship that wasn't trying to kill me in days, let alone a hauler, let alone a Jean. So you can imagine my surprise. Detailed lighting passes can be done on hero sequences so we can show our cast and convey their emotions in the best light possible. And we're making sure our cinematics are triggering as fluid as we can craft them so they form a coherent concerto with the rest of the player's narrative experience. Mr. Wexler, this is Lieutenant Commander Colton. Oh,
Commander, hey, Julian Wexler. I'm the field manager of this little operation. Welcome aboard the Archon. What brings the Navy to this little corner of the universe? We got you flying with Lieutenant Commander Colton. He's one of our best. As others will share, this is the most rewarding chapter of development, which allows us to truly experience the visceral and oftentimes emotional moments that our narrative provides. How did you handle it after Vega? I'm not sure I handled anything. It helps to remember that stuff like this is supposed to hurt. I've never been good at dealing with problems I can't fix. Well, this is one that you don't have to do alone. That's good to know. For the animation teams, polish phase means refining the social aspects of Squadron 42 that occur between the various missions and getting the behaviors implemented across all of its chapters. Here we're dialing in the hangar to make it as immersive and believable an experience as possible. That'll do it. Oh, done. Okay, all right. Pardon. Let's do this. I have to switch out so the interchange on the hangar deck. We're getting a weird airflow. Turning out another stuff. Da kommen die Verbrecher gerade rein. Anyway. For example, we're launching off a space carrier, but we still ground the feel in real-world actions, refueling, repairing, and inspecting, and making sure that your next flight mission is a success. This means we're looking out for pops, hiccups, or awkward transitions, and ensuring that everything flows and looks like all the great mocap performances we've captured. Let's ready some extra ice packs out of storage. Whenever gunners are on full rotation, you can always count on at least one of them getting hurt. We also have you covered in everyday life. The medical staff work diligently for their patients, whether they're players or crew. We really want you to feel part of an authentic crew, an important part of the UEE Navy in an enormous universe of people going about their everyday lives. Let's go ahead and clear for takeoff. Ground crew, prep bay for takeoff. Copy that. Hangar, ready for launch. Takeoff approved, Baron 2. You have the ball. Ready and hold on as you're launched off the deck of the carrier. Baron 2, you are cleared for launch. Have a safe flight, Baron 2. We want you to not only decide how you play the game, but to feel as if the people you interact with are in that world with you. I would have never thought a shotgun could be so pretty. Damn, this R97 is sleek as hell. Like a lot of other weapons in Gemini's arsenal, it has a higher rate of fire than most guns of its type. We're working to support a feel of authenticity through world traversals, running, jumping, and climbing, interactions with objects and the environment, solid weapon gameplay and enemy reactions, as well as combat realities, such as weapon malfunctions. Or in close encounters of the more lethal kind.
Ooh, that's gonna hurt in the morning. As we continue to focus on the quality experience, we've been working closely with our art teams, and it's been exciting to see their environments come to life alongside us. While animation and design have been populating the locations, polish phase for my teams means making huge advancements in the quality of our characters and environments. We've established our standard with recognizable characters like Mark Hamill, Gillian Anderson, and Gary Oldman, and we're now applying this to the rest of the cast and identifying any remaining tech requirements that need to be closed out. The story of Squadron 42 takes you through a variety of diverse locations of varying scales and styles. We shared glimpses of several environments before, and there's still plenty out there for you to discover. One of the main challenges the art team has had to face during the development of Squadron 42 is ensuring the visuals are complementary to the narrative of the script. The mood and feeling of a space is just as important to us as it is making sure we hit the visual quality that CIG has become known for. No good, we can't hack it from this side. Graves, we got a locked door. Can you give us access? No, I'm afraid that's a negative, Steve. I would have to add you to our system to give you override permissions, and there's a lot involved in that. It won't happen quickly. Okay, we'll figure something out. Everything you see during the campaign has been heavily inspired by the classics of 70s and 80s sci-fi, but with a modern twist. We want everything you see to feel like it has a soul, its own personality, and tells of a history long before you arrived. Crafting interesting flight spaces and their connecting tissue has been one of the more unique challenges we've needed to overcome for Squadron. Developing our VDB tech to blend seamlessly between tighter traversal spaces and into wider space vistas and planets has proved incredibly difficult but rewarding, ensuring that Squadron flows seamlessly from one chapter to the next, without interruption. Creating a diverse array of locations is essential to us. Our environments need to work from a variety of scales. We need to pay close attention to detail, whether we're working in a dirty engineering vent or navigating the debris of a dying star, wondering what may be around that next corner, or even who may live there, how would they have survived, and what state of mind may they be in. Yes, I've been speaking with engineering, making money above the Yeah, I'll make sure. I'm asking about it. We've worked closely with our social teams in delivering a cohesive social experience when you're taking some downtime from our refined flight and FPS missions, or even missions of the more eerie kind. Links auf der Map sieht man eine Hundetatze. We'll be introducing new space stations on a massive scale, all brought together and designed to be as tangible as possible. We've thought about their function, their age, and tried to ensure there's a progression in artistic style with each station as you progress through the game. As you can see today, the teams are working incredibly hard, ramping up the detail and quality to match the breadth of our vision for Squadron 42. Now I know you're all asking, when can I play it? When can I play it? When we have the locked release date, you will be the first to know. Now we're in polishing phase on Squadron 42. You will start to see a lot more things coming to Star Citizen, as well as overall progress on the persistent universe. The polish phase can take some time. We have come this far, and we want to make sure Squadron 42 delivers on the promise of being this generation's wing commander. Yep. Now, even though there's only a few of us in this video, I'd like to extend a big thank you to all our staff around the globe who have been putting their heart and soul into bringing Squadron 42 to life.
and I would like to thank everyone in the community for your patience and your support. To paraphrase Admiral Bishop, when people ask, what did you do in the development Squadron 42? You can look them in the eye and say, I held the line. I'm proud to stand with you. Thank you for making this game with us. What the fuck? Come on, dude. Ich muss sagen, wenn die Wandel, die sehen vielleicht aus der Perspektive so groß aus, aber wenn die so groß sind, sind die ganz schön furchteinflößend. Guck auf die Cockpits. Ja. Oh, seine Augen. You're making me very emotional now. Thank you so much. It's been definitely a long time coming. We're, as you can see on that video, that's Squadron 42 gameplay, so we are really dialing it in and polishing it, and we're really proud of what it is. I mean, anyway, I think it's going to be something I'm very, very proud of. So I can't wait for you guys to play it in the... I'm not going to say when, but anyway. And anyway, we kind of spent the time to craft something that's that beautiful with as much attention to detail and love without your guys' support, just like we couldn't be building the universe of Star Citizen without your guys' support. So I am, on my side, incredibly grateful, as is everybody at CIG, for your continued support, because we're building, I mean, a universe of dreams and stories of dreams, and it's a really wonderful thing to be able to do as a creative. So thank you, everyone here, and everyone watching, and everyone that supports Star Citizen and Squadron 42. So thank you guys very, very much. Thank you. And then I'd like to call out everyone that's put the show together here. It's been an amazing job. Tyler Whitcomb headed up, but there's a lot of other people. I mean, obviously Jared's been doing his great job emceeing. Leah has been organizing the show, and there's 1,000 other people that are part of our community and marketing side that have been doing it. There's been volunteers that have been helping to do this. The companies that we've had, like Envision, have put the video and stuff all together. So everyone's done an amazing job of the show. So thank you to everyone, and sorry if I didn't call everyone out by name, because there'd be a lot of names, so I had to call them out. But putting all that together, and thank you to all the devs that worked really hard to put the presentations together for you guys, because I think you could feel that they really love what they do, and they're very passionate about what they do, and they're really excited to get it into your guys' hands. So anyway, with that, I think I would say thank you, everyone. I'm really excited about what we've got upcoming in the future, because a lot of the foundational tech, the persistent entity streaming, and you saw server meshing earlier on yesterday, enables a lot of the stuff that's going to come to the PU, like the base building and the persistent hangars. So I am incredibly excited by 24 and beyond. And anyway, thank you guys for supporting. I will see you in the verse. And thank you so much for coming out to share this with us. Bye.
Okay. Okay. A lot to talk, my friends. Auf alle Fälle. Also, es war jetzt nicht die Bombe am Schluss, finde ich. Ja, Basebuilding ist schon stark. Genau. Das war ja eher die Bombe. Dass wir was von Squadron hören, war ja nicht, klar. Ich meine, es war jetzt nicht die unerwartete Bombe. Es war nichts, was man nicht erwartet hat. Also, es war cool, dass sie nochmal einen Slice gezeigt haben. Aber ja. Genau, ich glaube, der Jared hat es einfach oversellt, weil er ist auch in einer schwierigen Rolle. Der kann halt nicht hingehen und sagen, ja, dass es morgen kommt, geht so. Einmal natürlich wegen. Ja, genau. Er ist der Hype-Man. Und zum anderen ist es ja auch so, wie der Mabo auch schon vorhin gesagt hat, dass der Jared einfach auch stolz auf alles ist, was sie machen und vor allem aber auch auf alle Developer. Der muss ja allen im Prinzip die gleiche Bühne geben. Und wenn die starten mit sowas wie da kommt Server-Meshing, das funktioniert, können wir euch zeigen, dann muss er im Prinzip sagen, dass morgen wird, weil, was soll er denn sonst sagen? Ja. Er hat sich ein bisschen, glaube ich, an dem Basebuilding aufgehangen, was cool ist, was wirklich geil ist, das war ziemlich unerwartet, vor allem in dem Umfang, wie es schon gezeigt wurde. Und das jetzt, also ich fand, es war auch ein gutes Ende auf alle Fälle für die CitizenCon und insgesamt bin ich zufrieden. Ich glaube aber, das habe ich jetzt gerade eben bei dem Trailer gemerkt von Squadron 42. Hätten die das aufgeteilt, sagen wir mal, sie hätten das so gemacht, sie hätten eine PU CitizenCon gemacht und eine Squadron 42 CitizenCon. Dann wäre das meiste von dem Zeug, wo wir erst dachten, okay, das ist alles PU-Content, wäre in der Squadron 42 CitizenCon gelandet, weil, wenn du dir mal den Trailer anguckst, die ganzen Sachen, die du da gesehen hast, wurden alle vorher erklärt. Ja. Und wenn es nur der Schweiß war, den das Mädel, das da saß, im Gesicht hat oder sowas, das waren alles Sachen, die die vorher gezeigt haben, damit jetzt nicht die Leute hingehen und versuchen, Details rauszufinden. Ist das was Neues? Ist das nur für Squadron 42? Kriegen wir das auch im PU und solche Sachen? Das waren ganz viele Sachen, die... All in all war das eine Squadron 42 CitizenCon, komplett. Genau. Alles, was wir gesehen haben, ist eigentlich entwickelt worden für Squadron 42 und kommt ins PU. So rum müssen wir es halt sagen. Der Mabu hat das gerade schon richtig gesagt. 30-70, würde ich sagen. Ich würde sagen 90-10. Also der Mabu hat das gerade schon richtig gesagt. Wenn endlich Squadron 42 fertig ist, ja, dann fängt PU an. Dann fängt es an, für uns gut zu werden. Für uns die Spieler, die halt den Multiplayer spielen wollen. Ja, wir werden alle wahrscheinlich, jeder von uns wird den Singleplayer spielen. Also das ist eigentlich gar keine Frage. Das werden wir tun. Aber ich glaube, 700 Mitarbeiter oder 600 Mitarbeiter, die nur für Squadron 42 zuständig sind, die werden auf einmal ins PU kommen. Und wir werden sehr schnell, sehr, sehr schnell, sehr krassen Stuff bekommen. Ich finde es ein bisschen schade. Also gestern war ich sehr, sehr hyped von wegen Nyx und so. Das Ende war so unklar und davon wird halt so gar nichts gesagt mehr. Dann wurde beim Talking Ship wurde gesagt, ja, es gibt ein Schiff, was fertig ist, da kann ich heute noch nicht drüber reden. So, das war die Ankündigung, kann ich heute noch nicht drüber reden. Wurde auch heute nicht drüber geredet und so. Also sie haben gestern sehr viel Hype entstehen lassen für den zweiten Tag, finde ich, der nicht gerechtfertigt war. Das ein bisschen clickbaity so, ja. Ey, also für Squadron 42, da muss man nichts zu sagen. Das wird ein geiles Spiel. Aber es ist halt nur ein Singleplayer. Ja. Hätten sie nur diesen Singleplayer rausgebracht, der wäre ja schon 10-mal fertig. Sind wir mal ehrlich. Also hätte Chris quasi nur seine Vision von erstmal diesen, ich will ein neues Wing Commander erschaffen, das wäre fertig. Ja. Und das wäre auch geil geworden. Aber nicht so geil, wie es jetzt wird. Ja, ganz klar, weil einfach so viele Leute nur wegen dem Multiplayer ins Spiel gekommen sind und Geld dafür bezahlen. Ich bezahle nicht Geld für Squadron 42 gerade. Ich bezahle nur Geld für den PU. Aber was ich vorhin meinte mit 70-30 ist, glaube ich, vor allem angelehnt an die Highlights, die es gab. Und wenn du dir halt anguckst, also ich glaube, am meisten gefeiert haben wir gestern Server-Meshing und vielleicht noch die Wassertech, die spielt auch in Squadron 42 aber eine Rolle. Die ist da gebaut worden, da fahren Boote rum. Also sorry. Genau. Und heute ist es Basebuilding gewesen, aber das sind beides Sachen, die fürs PU sind. Das meine ich damit. Weil Server-Meshing brauchst du nicht für Squadron 42, Basebuilding hast du nicht für Squadron 42. Zwei Sachen. Ja, aber das sind halt 40, die großen Sachen. Die ganzen anderen Sachen, die in Squadron 42 vorkommen, das sind die Sachen wie... alles auch groß.
Das ist alles auch groß, was in Squadron jetzt gekommen ist. Das ist alles big. Den Character Creator, der war cool, aber... Ja, der Character Creator ist halt sehr, sehr viel besser geworden. Die Klamotten sind sehr, sehr viel besser geworden. Das Mobiglas ist unendlich gut geworden. Die neue Star-Map. Das Loot-System, das Interaction-System genau, und also so weiter. Da ist so viel, aber das sind halt lauter kleine Sachen, das meine ich damit. Das ist nicht Maelstrom nicht ist so definitiv für Squadron 42 gekommen, genau, weil da irgendwas kaputtgeschossen werden muss. Die Wassertech ist dafür da. Tränen etc. Jetzt weiß man auch warum, macht auch irgendwie Sinn, da wird geheult etc. Also da ist so viel Stuff, der eigentlich nur für Squadron gebaut wird. Ja, Server-Mashing ist groß und Server-Mashing ist wichtig, aber das war so ein kleiner Teil, der kurz mal angesprochen wurde. So, hey, guck mal, Server-Mashing ist eigentlich auch da und das zeige ich euch jetzt ganz kurz. Das war so kurz angesprochen und Server-Mashing ist auch absolut nicht da, wo es sein soll. Wir haben gestern die kleinste Map auf der kleinsten Map gesehen, wo 5 Kisten rumstanden, 20 Picos gespawnt sind und 6 Leute da waren. Und da war kein dynamisches Server-Mashing, das war nur statisches Server-Mashing. Und wir haben nicht mal gesehen, wenn ein Server jetzt abrauchen würde, ob die anderen den auffangen. Das wissen wir auch noch nicht, ob das fertig ist. Sie haben uns einen weiten Step gezeigt von Server-Mashing. Ultra gut, ultra wichtig, muss vorangehen. Und Base-Building, ja, aber Base-Building steht halt auch dabei, fangen sie erst nächstes Jahr an. Ja. Und da muss man nämlich jetzt auch wieder sagen, ich glaube, Chris wollte am liebsten sagen, ey, das Ding ist Ende des Jahres, kommt Squadron. Viel Spaß damit so. Darf er, kann er nicht, weil, hat er selbst gesagt, dann kriegt er wieder Ärger von allen, die jetzt hier sind und so. Aber warum sollten die mit so einem großen Ding wie Base-Building nächstes Jahr anfangen, wenn Squadron ja noch nicht fertig ist? Also, ne, Squadron ist fertig. Das, was wir gerade gesehen haben, das Ding ist fertig. Es wird gepolished und das Polishen kann von mir aus, ganz ehrlich, es kann von mir aus 5 Jahre noch dauern. Ist mir egal. Wenn das Ding dann einfach noch besser aussieht, wie das, was ich gerade gesehen habe, ist mir das egal, ob ich jetzt noch 1 Jahr, 2 oder 3 Jahre warte darauf. Weil ich weiß, das ist im Ende und Polishing ist ultra wichtig für die komplette Immersion im Spiel dann später. Da können sie von mir aus noch 1 Jahr oder 2 können sie noch dran rumschrauben. Aber ja. Das hat der Obstkuchen auch schon richtig gesagt. Hauptsache sie polishen es jetzt, oder Mabo hat es auch anders formuliert und hat gesagt, dass es halt wichtig ist, dass sie es jetzt wirklich auf einen guten, sehr guten Stand bringen, weil es kann nicht mäßig releasen. Ja, es kann nicht buggy releasen, das geht einfach nicht. Nein. Da muss, ehrlich gesagt, jeder Mitarbeiter von Star Citizen sollte es durchgespielt haben. Ja. Das sind 1200, 1300 Spieletester. Ich glaube, das sollte reichen, um es zu polishen. Ja. Und das würde ich fast schon als Voraussetzung sehen von CIG selbst. Aber ich kann mir nicht vorstellen. CIG, jeder Mitarbeiter ist, glaube ich, das, was Chris gesagt hat. Jeder ist da stolz auf sich selbst, was er in diesem Spiel gemacht hat. Und ich glaube, jeder will das auch spielen. Also. In Q1 wird's angefangen. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Deswegen sagte ich, sie sind mit Squadron so weit durch, weil sonst würden sie sowas Großes nicht nächstes Jahr Q1 anfangen. Genau, wobei aber auch das stimmt, was du gesagt hast und was auch Mabu vorher gesagt hat. Wir sind gewohnt, wenn die sagen, wir fangen damit Q1 24 an, dass es dann 2-3 Jahre dauert. Weil wir gewohnt sind, dass das PU und dessen Sachen alle auf dem Backburner sind und da sitzen halt nur 3 Leute dran, die ab und zu mal nachgucken und dann sind die krank und dann macht es keiner mehr. Aber jetzt, Squadron wenn ist fertig. ist. Ja, genau. Da können, das heißt, wie ich eben sagte, 600-700 Leute können einfach sagen, okay, wir machen jetzt Base-Building. Ich drücke die ganze Zeit F5 auf der Pioneer-Seite und dachte, vielleicht kann ich sie ja doch noch kaufen. Aber die Galaxy wird dann definitiv gekauft. Also. Ja, die Galaxy, das finde ich geil, dass sie der Module geben und halt auch den Anhänger für die Atlas-Plattform finde ich geil. Ja. Weil das auch so was zeigt. Ich finde, das ist einmal Anhänger-Tech sozusagen. Das kann auch für andere kommen. Vielleicht ist das ja auch die Lynx-Variante oder so, könnte es auch sein, dass die kleinere Anhänger halt dran hat oder sowas. Und das andere sind ja spezielle Fahrzeuge. Also das war ein Mule, aber das andere war ein spezielles Fahrzeug. Dieser Trolley, wo der drauf stand. Ich mache mir sonst in die Hose. Nee, gleich wieder da. Du unterhalt mal die Leute, sag denen mal, die sollen hier eins haben, Geld ausgeben und so. Ich brauche jetzt Geld für die Pioneer. Also ja genau, der Basti braucht Geld für die Pioneer und er braucht Geld für die Galaxy mit neuen Modulen. Weil wahrscheinlich das neue Base-Building-Modul das teuerste von allen wird, weil das macht ja Sinn. Also für die zumindest. Aber ansonsten
Genau, was der Weltraumaffe sagt, das ganz gut. Auf die 2-3 Jahre kommt es mir auch nicht mehr an. Das ist auch einfach so. Wie gesagt, es muss jetzt, die stehen unter dem enormen Druck, dass, wenn das rauskommt, das Spiel, muss es gut sein. Es kann nicht mäßig sein. Es kann nicht mal durchschnittlich gut sein. Es muss, ich will nicht sagen perfekt, weil das kann es auch nicht sein. Das wird nicht funktionieren. Aber es muss auf alle Fälle auf einem Stand sein, sowas wie Baldur's Gate oder so wie das gefeiert wurde. Klar sind da auch Bugs drin gewesen von Anfang an, aber es ging irgendwie alles und alles hat funktioniert. Die Charaktere konnten miteinander interagieren, wie du wolltest, und du konntest Sachen rausfinden und es gab irgendwie immer was, wo es weiterging. Genau sowas brauchen die. Es kann nicht sein, dass du irgendwo um eine Ecke läufst und ab da stehen alle NPCs nur noch in der T-Pose rum und es gibt nichts mehr zu tun oder so. Du musst wirklich im Prinzip, ja, halt, ich will nicht sagen Starfield, weil das ist eigentlich ein schlechtes Beispiel mittlerweile, weil Starfield nur das gemacht hat, was Skyrim gemacht hat in Space. Es muss im Prinzip eine Neuerfindung von Skyrim sein, wenn man so will. Vom Level her. Oder Half-Life 2. Sowas. Auf dem Level muss es sein. Was? Ich habe gerade gesagt, wenn Squadron 42 rauskommt, reicht es halt nicht, dass es durchschnittlich ist. Es muss jetzt, ich habe ja an die letzten Spiele gedacht, die wirklich als gute Spiele rauskamen. Da gibt es nicht viele. Baldur's Gate ist mir eingefallen, es wurde total gefeiert, auch wenn es Bugs hatte, ein paar. Das kann es ja auch haben, Squadron 42, aber es darf halt nicht überhand nehmen. Es darf nicht auf einem AAA der letzten 5 Jahre sein, sondern es muss eher sowas sein, wie Skyrim eben war oder halt Half-Life 2 oder sowas, als es rauskam. Spiele, die, also wobei Skyrim auch ein schlechtes Beispiel ist, weil das ein Bethesda-Spiel ist. Aber Half-Life fand ich ein gutes Beispiel. Das ist gepolished gewesen, das kam raus, das lief gut, es war gut, fertig. Weltraumaffe, das war die Hull A. Ja, also gute Spiele, die wirklich beim Rauskommen gut waren. Ja, also ich sag mal so, sonst wäre der Hype um Cyberpunk nicht so groß gewesen. Witcher war stark, hatte auch ein paar Bugs, aber Witcher war halt sehr, sehr gut. Also Witcher 3. Deswegen ist ja das war auch ziemlich buggy bei Release. Ja, das war recht buggy, aber trotzdem hat es ja diesen Hype erzeugt, weil ich glaube, die haben 2-3 Tage gebraucht, bis sie es gut gefixt hatten, dass man spielen konnte. Und dadurch haben sie ja den Hype um Cyberpunk überhaupt erst bekommen, weil das Spiel halt so gut war. Ja. Wobei, wie gesagt, ich glaube, der Hype kommt eher daher, dass der Content sehr gut wird. Ich meine, ich erinnere mich noch dran, dass Witcher 3 hat am Anfang, und ich meine, es wären bestimmt ein paar Wochen gewesen, hat einfach deine Safe-Games gefressen, wenn du Pech hattest, weil die korrumpiert wurden. Aber ja, es ist halt... Wie gesagt, es ist schwierig. In letzter Zeit sind AAA-Spiele so, dass sie halt lieber einfach erstmal rausbringen und dann hinterher fixen. Das ist halt anders als die Herangehensweise jetzt bei Squadron 42 ist. Die sagen, wir haben die Zeit, also machen wir es erstmal richtig gut. Das stimmt. So, ich mache jetzt ganz kurz mal... Ich mache auch ganz kurz mal was. Ich hoffe, ihr habt alle eure Tickets fertig gekauft und so. Weil... Da gehe ich jetzt mal auf Giveaways. Und gebe euch noch 6 Minütchen. Und dann machen wir das. Ich muss jetzt gleich ins Bett, weil ich muss auch um 7 Uhr aufstehen. Ja, 5 Minütchen. Naja, die haben wir noch, also danach meine ich. Ich kaufe jetzt gleich noch Schiffe, Chat. Also ich werde jetzt gleich die Kraken einschmelzen. Da will ich noch dabei sein. Ich werde jetzt eine Kraken einschmelzen. Also jeder, der eine Kraken immer schon kaufen wollte, ihr könnt jetzt gleich eine Kraken kaufen. Die ist nämlich dann da. Die ist dann kaufbar. Ist ein Starter-Pack, brauche ich nicht. Wäre mir ganz lieb, wenn es einer bekommt, der noch keins hat. Also, ich kann dir sagen, ich sehe hier absolut niemanden, der das Spiel wahrscheinlich noch nicht hat. Ja. Ich sehe hier Namen, die sind nicht mal Follower. Also, wer kein Follower ist, kann es nicht gewinnen. Definitiv nicht. Bei mir muss er auch mal rollen. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ja doch, ich bin im Stream. Ich würde es halt direkt einschmelzen. Ja, mach das halt. Ist ja egal.
du musst weitergeben an andere. Charplätze. Das wird noch Zeug, das kann ein bisschen dauern, ne? Der Ulf muss erstmal aus Amerika wieder zurückkommen. Und also vielleicht dauert das 2 Wochen, bis ihr es dann habt. Wollte ich nur sagen. Weil das ist nicht von mir, das Giveaway, das ist von CIG selbst. Und dementsprechend ja, sagt der Ulf dann, okay, machen wir. Also der hat mir Folgendes geschrieben, weil ich habe es jetzt noch nicht in meinem Wallet und er meinte dann, wenn das Schiff nicht rechtzeitig auf deinem Account auftaucht, notiere die E-Mail und den Handle vom Gewinner und wir schicken es dann direkt an ihn raus. Ja. Ich glaube, man kann es nicht einschmelzen. So, also, ich werde gleich die Kraken einschmelzen. Das werde ich definitiv machen. Und ja. Dann kaufen wir uns eine Zeus. Wir kaufen uns eine Galaxy und wahrscheinlich eine Pioneer. Ich glaube, Base Building ist so ein bisschen das, weil Base Building im Verbund mit Exploration ist, glaube ich, das, was ich machen will. Der Tobi hat die Ressourcen, also mit seinen Schiffen die Ressourcen, um Sachen von A nach B zu karren und Sachen zu recyceln. Die RSI Comet wird dann unser Mining-Schiff. Also ich glaube, dann haben wir alles, was wir brauchen, ne? Mhm. So. Und dann ist es auch richtig mit der Bauaufsicht. Ja, genau. Das, was sie gezeigt haben, dass man auch Schiffe bauen kann, lässt mich auch grübeln bezüglich Pioneer und Kraken. Ja, die Kraken wird nichts bauen können. Sie hatten ja die Schiffe gezeigt, mit denen man Sachen bauen kann. Also in der Kraken wirst du nichts bauen können. Da macht ihr mal keine Sorgen. Die Kraken ist definitiv nirgendwo als Bauschiff deklariert. Ja, die hat Hangar, wo du Sachen reparieren und auftanken kannst. Ich habe auch eine Kraken und überlege umzuzwitschen. Ah, okay. Ja, die Kraken ist eh scheiße. Bezüglich der Kraken, guck dir einfach nochmal die Präsentation an mit dem Engineering. Und dann überleg dir, wie lange du in deiner Kraken rumlaufen willst, damit die überhaupt starten kann. Und wenn irgendwas kaputt geht, wie viele Leute du da hast, um irgendwas da drin richtig zu reparieren. Aber wie baust du Basen? Weiß nicht, ob Pioneer Pledge sich unbedingt lohnt. Mit einer Pioneer, mit einer Galaxy, mit einem Fahrzeug und mit... Er hat gesagt, wie oft. Achso, wie oft? Den ganzen Tag? Hä? Das Ding ist... Tag? Also, ich würde das nicht unterschätzen, wie oft du das machst. Ja, ich habe gesehen, ich kann da... Also, Planetary... Wie heißt das in Eve? Planetary Dingeling. Wer ist denn das, Tobi? Planetary Interaction. Genau. Planetary Interaction in EVE Online. Ey, da bin ich wochenlang einfach nur von Planet zu Planet geflogen, habe Sachen aufgebaut und habe dann irgendwie ein geiles System irgendwie gehabt und habe dann geile Sachen gemacht und das war mega geil. Und da war das einfach nur so, ich habe 3 Knöpfe gedrückt und das hat das quasi automatisch gemacht. Jetzt ist es so, ich baue irgendwo eine Station auf, muss die auch noch bedienen und also... Das ist doch so ein Phasmo-Stream-Subs. Ja. Ja, es geht ja vor allem darum, du musst ja auch deine Basis erweitern können. Ne? Und du wirst wahrscheinlich nicht hinfliegen und direkt von Anfang an halt eine fertige, sag ich mal, Base bauen, sondern du musst ja nach und nach immer wieder erweitern. Das heißt, du musst theoretisch jeden Tag, jede Woche irgendwie mal da dran und irgendwie ein neues Gebäude dahin stellen, irgendwas umbauen, weil das nicht passt von den Entfernungen her oder sowas. Das Ding ist zu weit weg, oder die Solarpanels stehen falsch, die müssen woanders hin. Deswegen, also es ist schon wichtig, dass du das Schiff, glaube ich, dafür hast, wenn du sowas machen willst. Du kannst nicht jedes Mal jemanden anrufen. Wäre witzig. So. Oder Leute können dich dann auch anrufen, wenn du das Schiff hast. Na, guck mal, Obstkuchen ist jetzt doch dabei. Ich denke, Obstkuchen wollen denn? Mann. Tobi, bist du dabei? Nö. Wobei denn? Ist beim Giveaway nicht mitgemacht? Nee, ich darf nicht teilnehmen. Ich bin ja,
Teil der Crew. Das würde ziemlich merkwürdig rüberkommen, wenn ich das gewinne. Hä? Weißt du, wie oft irgendwo bei anderen Leuten irgendjemand gewinnt, der auch Teil der Crew ist? Ja, ich will aber nicht, dass das negativ auf dich zurückfällt. Du bist ein Zuschauer von mir. Also. Ja, aber ich habe auch mit moderiert heute. Also Ja. du weißt, wie das ist. Für die Leute das sofort wieder, die sagen dann so, das ist ein Scammer. Ja, Der schiebt nur seinen Freunden die Pakete von CIG zu. Ja, dann sollen sie sich einen Stock aus dem Arsch ziehen und dann geht das schon. Ich denke mal, ich werde eine meiner 2 Kraken einschmelzen und einen Pioneer kaufen. Bin ja auf der Flotte auf Salvage Mining Repair spezialisiert. Ja, man kann halt auch 2 Kraken haben. Kann man eine so rum aufeinander docken und dann... So, guck mal. Nee, ich mach nicht mit. Ich schmelze es sofort ein. Guckt her. Weißt du, ich sag, bei dem sage ich nicht mal Glückwunsch, weil ich den so überhaupt nicht mag. Giveaway as complete. So, lecken Sie mich am Bobbis, Herr Obstkuchen. Ich sag dir, pass auf, hör mir mal zu, mein Freund. Wenn wir jetzt auch noch irgendwas abstauben da bei dem Halloween-Ding, du kriegst gar nichts. Ich nehme 2 Corsairs. Ist mir scheißegal, du kriegst gar nichts. Mann. Ist euch aufgefallen, dass man bei 24, 25 eine Pioneer sieht? Bei 24, 25 sieht man eine Pioneer. Was? Was, Sunrise? Meinst du in dem Squadron 42 Trailer? Hä? Was? Bei 24, 25. Was? Ja, in dem Squadron 42 Trailer, der ist ja direkt released worden. Ach so, ja, sorry, aber da sind wir ja nicht. Warte, 24, 25. Also, ist dir aufgefallen, dass die auf der CitizenCon announced haben, dass man bald Basen bilden kann? Also, hä? Hä? Und wo sieht man hier eine Pioneer? Okay, Moment, Chat. Ich mach mich und Tobi mal ganz kurz weg. So, wo sieht man... Ich glaube, er meint den Carrier, der da reingeflogen kommt. Das ist irgendein proprietäres Schiff. Das ist kein Schiff, das man fliegen kann. Das ist so ein Cargo-Container-Ding, wie man auch in Horizon rumfliegen hat. Genau, das ist so eine Barge. Das ist keine Pioneer. Das ist keine Pioneer hier. Da siehst du doch hier super viele von den Containern. Das ist keine Pioneer. So, ich mach Tobi und mich wieder groß. Das ist keine Pioneer. Aber finde ich auch lustig, sowohl das Schiff als auch das, was in... Da ist keine Brücke. Nee, das hat nur auch eine Brücke, aber das ist nicht die gleiche Brücke wie die von der Pioneer. Die Pioneer ist außerdem auf der einen Seite flacher als auf der anderen Seite. Aber guck, da siehst du die Container da drin. Und das ist auch nicht die ist viel zu schmal. Die Pioneer ist fast doppelt so breit. Ist alles voll mit Containern hier drin. Also das ist keine Pioneer. Genau, aber das Ding ist aber, was ich auch cool fand, war das Schiff zum einen und das andere ein bisschen später, wo der da durch so eine Schlucht läuft, da fliegt das ist wirklich ein Star Wars Schiff einfach, das ist so total knubbelig. Das flog da auch rum, das war auch lustig. Ja, sieht fast genauso aus, stimmt schon. Es ist auch, also ich meine, industrielles Schiff natürlich. Hier ist nochmal die Pioneer. Was machst du denn? Ich sehe nur, bei mir lädt der Stream nur. Ja, also, was mach ich denn dann? Ja, genau. Nee, ich mach das. Hier siehst du... Ich lade gerade schon wieder STLs runter, deswegen kann ich deinen Stream nicht gucken. Pass auf, hier siehst du, die Brücke ist so nach links und rechts gezogen und hier bei der Pioneer geht es hier so nach oben. Und die ist ein bisschen anders aufgebaut. Die geht so hoch und keine Ahnung was und das hier ist wirklich nur einfach ein Containerschiff. Die ist vorne offen. Hier ist vorne nicht offen, hier ist zu. Glückwunsch, Obstkuchen. So, ich schmelze jetzt den Kraken ein. Ich habe lange drüber nachgedacht. Genau. Ja. Ich habe, glaube ich, lange genug drüber nachgedacht. Okay, gut. Ja, und deswegen die
Die wird jetzt eingeschmolzen. Also, passt auf, Chat. Wir machen jetzt folgendes. Ich gehe mal hier ganz kurz auf Chips. Mach Kraken. Geh auf die normale Kraken. Geb euch den Link dazu. Weil hier müsste jetzt gleich auftauchen Buy-Option. Ihr könnt auf 5 drücken, dann müsste eigentlich eine Buy-Option kommen. Eigentlich müsstet ihr die kaufen können jetzt. Ja? Gut, da kann man mal testen, wie schnell das geht. Kraken. Okay, wollt ihr sie alle nochmal angucken? Wollt ihr Tschüss sagen? Ihr könnt ihr Tschüss sagen. Sagt ihr Tschüss, Kraken? Holy. War schön. Ich glaube, dass das nicht sofort auftaucht. War schön. Hashtag bei. Oh. Okay, Buy-Option ist noch keine da. Wie gesagt, ich glaube, das kommt nicht. Ja? Weil sie nicht. Weil das andere ist wenigstens. Also, das Fenster ist ja immer von bis. An den Tagen von der IAE oder so. Aber ich glaube, dass sie insgesamt sozusagen einen Block haben, wo sie kaufbar ist und dann halt in diesen Phasen einfach nur neue also, ich kann sie buybacken. Exemplare einstreuen. Okay, ja, buybacken, dann ist gut. Dann hast du sie noch im Prinzip. Hab ich die gekauft, bevor die das announced haben? Warum? Capitals kann man nicht mehr buybacken seit einem gewissen Tag. Ja, du hast es vorher gekauft. Ja. Dann gut. hast du das Recht mitgekauft, das ist ja cool. Ja, dann kann auch keiner nörgeln. Dann kann ich machen, was ich will. Ha! Ha! Dann kann ich kann sie immer zurückkaufen. Haha. Haha. Geil. Ja, da muss ich ja, also da kann ich ja jetzt keiner mehr beschweren, oder? Was? Warum? Eigentlich sollte das nicht mehr gehen. Aber anscheinend habe ich sie vor dem Tag gekauft, wo das. Mach uns mal klein, dann sieht man das auch. Anscheinend habe ich sie davor gekauft. Buyback. Mache ich das seit Jahren. Es wird jedes Schiff gekauft und direkt 24 Stunden später eingeschmolzen. Dann habe ich sie im Buyback. Das geht bei Capitals nicht mehr. Das haben sie announced. Capitals ist es, darf man nicht mehr. Geht nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Wenn du deine Capitals einschmelzt, kriegst du keine Buyback-Option mehr. Das haben sie mal gesagt. Genau, weil die wollen halt verhindern, dass du dir ein teures Schiff kaufst und dann das einschmilzt und dir dafür dann für die Credits in der Zwischenzeit holst, was du willst. Und das rumfliegst und danach kaufst du dir dein Capital einfach wieder zurück. Du hast kein Geld weiter reingesteckt sozusagen. Gut. Also, das ist ja ein Träumchen dann eigentlich. Es könnte sein, was da Obstkuchen das gerade sagt, dass du es nicht zurückkaufen kannst, wenn jemand jetzt deine sozusagen kauft, sobald das Fenster wieder aufgeht. Das kann sein, aber selbst wenn. Ja, brauchst du nicht. I don't fuck a GIF oder so. Ist mir völlig egal. Das ist mir völlig egal. So, jetzt machen wir mal hier ganz kurz noch Daily. Ne? Daily. Und jetzt gehen wir auf Pledge. Und dann gehen wir auf Extras und Packs. Und dann kaufen wir uns das hier. Das hier kaufen wir uns. Aber zusätzlich will ich auch den Skin. Also die 10 Euro machen wir dann auch noch dazu. Zeus.
Add Store Credits. 484. Bumm. Place Order. Yo. My Hunger. Da sind sie. Und wir haben immer noch ein bisschen Store Credits über 1140. Ja. Geil. Ja, okay. Das ist Concierge Paint, genau. Ja, den Concierge Paint wollte ich haben. Aber im Endeffekt kannst du auch CIG Support anschreiben und die schalten Warbound frei, wenn du Geld reinstecken willst. Ja. Funktioniert auch super gut mit meinen Einschmelzen von Referral-Schiffen. Das gibt's nur für Concierge, ja, genau. Das gibt's nur für coole Leute. Muss man halt auch einfach mal sagen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Die ihr Concierge seid. Fühlt ihr euch schon ein bisschen cooler als die anderen? Also ich schon. Ich nicht. Ich schon. Doch, ein bisschen cooler fühle ich mich schon. So, was habe ich jetzt 3-mal eigentlich eine A1? Kann das sein? Ich trage ausschließlich Monokel und Zylinder. Das dachte ich mir. Wir haben Vorkaufsrecht und können uns mehr Zeit lassen. Und die Rüstung ist immer Gold. Ja, das habe ich auch. Also es ist ja albern, wenn man das nicht hat, oder? Ganz wichtig, das solltet ihr auf jeden Fall jetzt noch machen. Holt euch eure Buybacks zurück von irgendwas zum SRV. Das solltet ihr vor der IAE definitiv gemacht haben. Denn das SRV wird wahrscheinlich auch so auf 200 € ungefähr hochgehen. Ja. Solltet ihr machen. So, was kaufe ich mir jetzt noch? Gibt es gerade irgendwelche coolen Schiffe im Angebot? Ich bin immer noch nicht so sicher, ob ich eine SUS brauche. Ich finde die SUS zwar cool, aber... Ich habe da jetzt eine. Ist doch völlig egal. Also, ja. Also genau. Ich fliege einfach deswegen bei kommt meine Reclaimer mit weg. Also, auch wenn... Guck mal, das ist ja bei uns so, ja, du bist manchmal nicht da, ich bin vielleicht manchmal nicht da, aber hey, dann haben wir halt andere Sachen, die wir machen können. Also, genau. so, ne, ich habe die Reclaimer damals ja auch nur wieder zurückgeholt, aus dem Grund, weil ich diesen Salvaton gemacht habe. Und da brauchte ich die. Und da konnte ich dann sagen, ey Tobi, ich fange um 14 Uhr an, kannst du mal von der Arbeit kurz nach Hause fahren und mir die ausparken? Das ist halt, ne, das wäre ein bisschen blöd gewesen. Foxito, ich grüße dich, hey. Hab mir gestern die Fury LX geholt. Nee, auf gar keinen Fall. Hello, hallo. Nee, ich bin kein Racer, gar nicht. Ich denke mal, wenn es noch einen anderen Exploration Single-Seater gibt, abgesehen von der Terrapin, die auch unter Exploration gelistet ist, aber die verstehe ich nicht als Exploration-Schiff. Da gebe ich morgen 5 € aus. Und zwar werde ich von meinem zweiten Account, tatsächlich von der Cutter zur Cutter Scout gehen. Okay, gut, sagen wir ein größeres. Weil ich will meine 315p würde ich gerne aufrüsten. Die 315p, komm, da gucken wir jetzt mal ganz kurz. 315p. Sind die Zeus jetzt hier gelistet? Oh ja, ich kann von jeder Zeus auch einzeln jetzt upgraden. Mhm, ja. Das ist, aber okay. Die sind trotzdem in dem gleichen Package. Ja, wenn ich dann quasi einschmelze, schmelze ich dann alles wieder ein. Aber so hätte ich jetzt 3 Stück, die ich halt quasi so upgraden kann. 315p, sagst du? Mhm. 315p. 65, ja okay, da kannst du ja überall hin. Also. Ja, da gibt's noch viel, aber ich will halt ein Single-Seater Exploration Schiff, das mehr kann als die 315p, weil die 315p ist cool, aber ich finde sie... Ja, okay, dann kannst du eigentlich nur zu Terrapin. Ja, aber die ist halt ein Scanner, die ist ja kein richtiges Exploration Schiff. Ist kein Exploration Schiff, ja. Chat, haut mal alle Exploration Schiffe raus, die ihr kennt. Aquila? Halt die Odyssey... Ja, aber nee, das ist mein Single-Seater. Das muss ein Single-Seater sein. Ja, Single-Seater, ja. Ich mag es, wenn Fahrzeuge teurer werden. Hab noch 4 BMMs für 350 und aktuell ist die auf 600 wert. Ist gut. Oder du hast halt richtig die Arschkarte, wenn die rauskommt, wird sie limited und du kannst gar nicht mehr upgraden. Weil sie auf 750 hochgeht und schon hast du die absolute Arschkarte. Okay, ihr seid lustig. Single-Seater. Single-Schiffe. Ich hatte gesagt, ja. Single-Seater, Leute. Nur Single-Seater. Und dann halt größer als die 315p. Ich glaube, sie ist im Moment das größte, abgesehen von der Terrapin, wie gesagt, aber ich finde, die ist kein
richtiges Exploration Schiff, die ist ja eher so ein Scanner. Aber mal gucken, was man bei der noch so machen kann. Hab Upgrade-Tokens im Buyback, die kannst du nur einschmelzen. Ja, ich genau, habe einen Upgrade-Token von der von der Merchantman zu Orion. Ich kann ihn nur einschmelzen. Mehr kann ich mit dem nicht machen. Weil die Merchantman jetzt teurer ist als die Orion. Deswegen kann ich damit gar nichts mehr anfangen. $400i ist kein Exploration-Schiff. Tatsächlich so eine 400i, das wäre auch mal... Ich finde die cool. Also, dafür, dass sie Origin ist, die ich eigentlich nicht so mag, finde ich die 400i eigentlich ganz cool. Was gibt's denn eigentlich gerade so? Also, wir hätten jetzt eine Hull C, eine Prowler, Valkyrie, Caterpillar, keine Galaxies, ein bisschen schade, ne? Redeemer, Mole, Bonnie, eine Aquila, eine Starrunner, Corsair, Hoplite, Andromeda A1, Zeus, Taurus, Vulture, Razor, Prospector, Zeus, Mantis, Razor, Freelancer, Ballista, Razor, Hornet, Cutty Red, Nova, Centurio, Buccaneer, Herald. Okay, die Herald wäre halt in Anführungszeichen Exploration. Die Nomad? Warte mal, die Tana, also die Reliant Zen, ist das nicht Explo? Ja, die ist Journalism oder sowas, ne? Ja, das ist das Lustige. Bei den Kleinen haben die noch ganz viele komische Namen. Ebenso wie Pathfinder. Das ist ja sogar auch die Terrapin. Und so richtige Exploration-Schiffe gibt es da nicht, außer vielleicht halt die neue Cutter. Das kann man mal gucken. Vielleicht hole ich mir dann auch die Cutter Exploration-Variante und dann grade ich die 315p zu irgendwas ganz anderem auf. Mhm. Dann habe ich ja mein Single-Seater Exploration-Schiff auch. Weil ich, wie gesagt, ich finde eine Cutter tatsächlich praktischer als ein 315. Ja, also mich nervt es wirklich, dass die gestern gesagt haben, wir können das Schiff nicht announcen, das fertig ist, das kommt morgen und dann kommt morgen nichts. Das hat mich getriggert. Da wurde ich ein bisschen böswillig auch gerade eigentlich im Inneren meines Seins. Weil das finde ich frech. Die können doch nicht sagen, ja, das kommt morgen und morgen kommt nichts. Kommt zur IAE? Ja, klar kommt zur IAE. Die Comet kommt ja auch zur IAE, wissen wir ja. Das fand ich zum Beispiel auch. Sie machen das Talking Shit Panel, ja? Machen sie, reden nur über Schiffe, die wir schon kennen, wo wir schon wissen, dass sie rauskommen. Wir haben nichts Neues da gehört. Wenn man ganz ehrlich ist, da haben wir nichts Neues gehört, außer die Zeus. Und die Schiffe, die eigentlich mal angesprochen werden hätten können, die sind irgendwie gar nicht dazugekommen. Finde ich schade. Finde ich sehr, sehr schade. Sehr, sehr, sehr doll schade finde ich das. Sehr doll schade. Noch ein paar andere Infos, wo wir drüber reden könnten. Das sind aber nur Aussagen von einem CIG-Mitarbeiter aus dem Chat. Weiß nicht, ob das was bringt. Aus einem Chat oder aus einem Interview? Weil Chat habe ich... Aus dem Twitch-Chat von gerade eben. Weil Chat habe ich schon ganz oft gesagt, ich kann ganz schnell einen Namen faken, der so ähnlich aussieht. Und genau. Naja, er ist halt schon als VIP gemarkt, also das muss er hinkriegen. Irgendwie muss VIP sein von CIG und dann die auch noch versuchen, in das Licht zu führen. Mit mehreren Aussagen, ohne dass irgendeiner der Mods oder so dich rauskickt. Ach, mir fällt gerade ein, ich muss ja noch ein Schiff kaufen. Ja, warte mal, muss ich mal hier auf... Roadmap Roundup ist rausgekommen. Ja, klar. Progress Tracker added the following deliverables. Squadron 42 Polishing. Sehr gut. So, FH10, nicht Warbound. Die kaufen wir auch noch. Achso, die willst du haben, ne? Ja. Ja, ich will die einfach nur haben. Ich schmelze die dann auch wieder ein, aber ich will die jetzt haben. Ich finde die nicht Warbound-Variante, finde ich, ist eine Unverschämtheit. Ganz ehrlich, ist eine absolute Unverschämtheit. Weil 300 € für 6 Monate Insurance ist eine Unverschämtheit. Aber ja, ich schmelze die dann halt wieder ein und kaufe die dann irgendwann in-game oder sowas.
Aber ich finde die halt geil. Also mit der jetzt so ein bisschen Fun haben in den nächsten Tagen, einfach mal ein paar Leute über den Haufen schießen und so. It's a small ship ready for big adventure. Ja, genau, weil das ist die Cutter Exploration Variante, weil die hätte ich viel, viel lieber tatsächlich als die Scout Variante. Und ich wette, ich hole mir jetzt die Scout Variante auf meinem zweiten Account. Ja. Und dann, was dann? Genau, dann kostet die Exploration Variante genauso viel und dann raste ich aus. Ich fand es irgendwie schade, dass das beim Vehicle-Panel fast ausschließlich RSI war. Ja, aber sie hatten ja schon ganz oft jetzt gesagt in diesem Jahr, dass RSI halt jetzt erstmal fertiggestellt wird und dass die großen Schiffe von RSI als erstes dran sind. Und ich finde es dann halt so albern, dass nicht mal die Orion da drin ist bei diesen großen Schiffen, die sie fertigstellen wollen. Also da muss ich wirklich sagen, das macht mich traurig. Das macht mich traurig, weil ja, das ist halt auch so ein Gameplay-Loop, wo ich sage, jo, den würde ich gerne machen. Und ich bin gerade am Überlegen, Tobi. Ich habe ja gerade gesagt, Pioneer, ja, ne? Also die würde ich mir wahrscheinlich zur IAE dann holen wollen. Aber wenn wir ja nur sagen, wir sind nur so 3 bis 5 Leute, dann wäre die Galaxy eigentlich die bessere Wahl, ne? Ja, das stimmt. Vielleicht ist dann doch die Pioneer übertrieben. Außer der Obstkuchen kommt damit um die Ecke. Ja, das ist ja das Ding. Also wenn man dann größer werden will, aber ne, dann hole ich mir einfach lieber 3 Galaxies, oder? Nein, warum denn 3? Ja, mit den verschiedenen Modulen. Austauschen ist scheiße. Deswegen habe ich doch auch 4 Endeavor. Was? Warum hast du 4 Endeavor? Hätte ich dir das nicht erzählt? Eine. Noch ein Endeavor. Habe ich dir das nie erzählt? Das, nee. Ja. Echt nicht? Chat, wollt ihr mal Obstkuchen hören? Wollt ihr mal Obstkuchens Stimme hören? Wenn ihr Obstkuchens Stimme hören wollt, schaut euch die 7 Minuten an. Ach ja, so. Also ich habe Zeus, ich habe die F8. Was brauche ich noch, Tobi? Wollen wir mal kurz gucken bei Schiffen, die man einfach so kaufen kann. Ich meine, ich kann doch jetzt damit alles kaufen und wieder einschmelzen, oder? Ja, ja. Also. Einschmelzen kannst du immer. Buyback geht unter Umständen nicht mehr, aber die Sachen, die du hast, kannst du immer einschmelzen. Sollte ich mir eine Vulture schnell kaufen für den Skin, dass ich den bekomme? Den Skin kriegst du aber, glaube ich, im gleichen Paket dann. Nee, die war doch, die Vulture war doch Ship of the Dingsbums. Die ist doch in den Top 4. Das meine ich damit. Ship Showdown. Wir sind aktuell auch nur zu dritt, aber man findet später Spiele etc. Deshalb habe ich beispielsweise Orion, Reclaimer, Endeavor, Crucible, Kraken, Perseus, BMM und Hull-E. Und die Bewirtschaftung mache ich mir später Sorgen. Wirst du definitiv, also das, was du alles hast, da brauchst du mindestens mal 1000 Mann als Orga. Ansonsten macht das da gar keinen Sinn. Also die Kraken, vor allem die Crucible wird wahrscheinlich sogar gehen mit Hull-E. 10. Hull-E wird mehr brauchen. Hull-E braucht um die 20. Kraken hat er 2 Stück, da braucht er pro Kraken mindestens mal 100 Leute. Und ich rede immer von also 40 Leute, die aktiv da sind, ja, und 100 Leute wahrscheinlich, die so im Rhythmus auf dem Ding arbeiten. Hull-E ist nur EP? E-Penis? Okay. Die bekommt in ihr, ja, ne? Also, wenn ich jetzt, also, wisst ihr das, Chat? Wenn ich jetzt die Vulture einfach so kaufe,
krieg ich dann den Skin oder muss ich die Vulture quasi für immer behalten? Also der Tobi hat ja jetzt zum Beispiel auch die Ship Showdown Reclaimer, ja? Du kriegst das jetzt als Skin. Also letztes Jahr gab es das ja schon als Skin. Aber, achso, stimmt, nee, jetzt weiß ich, was du meinst. Genau, du hast sie dann und dann kriegst du den Skin nämlich extra. Kann ich ja gucken. Ich habe ja meinen Hangar offen. Weil ich habe ja... Ja, weil dann kaufe ich doch jetzt einfach alle Ship Showdowns Schiffe, oder? Macht doch Sinn. Weil das sind einfach Skins, die ich umsonst krieg. Und dann schmelze ich sie wieder ein. Oder müsste ich die dann behalten? Nee, ich hab doch gar keinen Ship Showdown Skin. Hä? Also ich hab was ist der Reclaimer? Ach, oder wie? Nee, das war Best in Show, ne? Die zählt als eine eigene Variante. Ja, das ist auch Best in Show. Aber das ist halt... Das ist kein Skin für die, sondern das ist das Schiff. Ich habe keinen Standard-Skin für die Reclaimer. Hab den MPV-Skin auch zweimal extra im Hangar. Ah, ja, schon MPV habe ich, genau. Warte mal, MPV habe ich doch auch. MPV müsste ich ja dann auch haben. Oder was ist denn das? Component? Ja, ich glaube Component. Da sind zumindest die anderen Skins, die Festival Paints, ja. Ich kann draufklicken, da passiert nichts. Okay, Hangar Decoration hat er gemacht, aber Component nicht. Ah, cool. Das ist alles ewig lang, ja. Aber warum ist denn meine Retaliator Base bei den Components? Die habe ich übrigens auch noch, die Retaliator. Stimmt. Die vergesse ich immer gerne. Ja, ich habe ja einen neuen PC, da habe ich es noch nicht drauf. Nee, ich habe die mit Skin. Bei mir ist sie... Ja, du hast sie mit Skin gekauft. Ja. Du hast ja mit Skin gekauft. Müsste ich nicht... Mit dem blauen. Müsste ich nicht. Ich habe doch gestern eigentlich... Nee, ich meine die Dings. Ich habe die MPOV Cargo. Da ist der Skin mit in dem Paket von der Cargo. Aber das... Achso, nee, du jetzt weißt, was du meinst. Genau, weil das Paket heißt Best in Show Edition. Ja, genau, okay. Ich habe, glaube ich, die MPOV Cargo erst später gehabt. Habe ich erst später bekommen. Deswegen habe ich es nicht. Aber dann mache ich das jetzt, glaube ich. Was waren denn die 4 Top-Schiffe? Also Corsair kaufe ich auf keinen Fall. Ich bin nicht geistig komplett behindert. Corsair, Vulture, MSR, glaube ich. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Doch selber nach. Ah, ist ja gut. Ist ja gut. Das machen wir mal zu. Over Space, Dingeling. Und dann müsste das ja hier irgendwo sein. Wo war denn das? Hier bei dem, ne? Autoload on. Ist ja noch gar nicht so lang her. Hier müsste jetzt gleich kommen. Pirate Week, da müsste es doch jetzt sein, oder? Hier. Arrow versus Redeemer. Wo sind denn hier die? Ja, 600 Divas, genau. 600i, Cutter, Constellation Andromeda, Corsair. Ne, jetzt sind ja nicht 8, es sind ja nur die ersten 4. Oh, ja, der Obstkuchen hat so geschrieben. Corsair, Vulture, 600i und Redeemer. Redeemer, Vulture, Corsair, 600i. Ha. Dann, also 600i brauche ich jetzt nicht zwingend. Und die Redeemer habe ich. Von daher hole ich mir jetzt tatsächlich die Vulture einfach mal schnell. 600i kann ich jetzt eh nicht kaufen, oder? Die ist nicht kaufbar. Ne. Dann hole ich mir jetzt die Vulture. Ich könnte mir die ja jetzt auch wirklich kaufen und so, aber macht ja gar keinen Sinn. Das macht ja gar keinen Sinn. Warum ist Subtotal 162 und ich muss 175 Stock Credits ausgeben? Achso, weil
Warbond oder so. Gut. So, bam, 0. Kaufen, Place Order, schmelze ich ein. Gut. Haben wir. Euro und Dollar. Ach so, ja. So ein Ding war das. Heißt, wie gesagt, ist alles nicht schlimm. Wir haben immer noch jetzt Store Credits 400. 426 Store Credits haben wir. Aber wie gesagt, hier die beiden werden definitiv eingeschmolzen. Bei wie viel sind wir dann? 175 und 300. Okay. Ja, okay, sind wir knapp bei 1000. Ja klar, wir haben ja für 500 hier das Ding gekauft. 400. 500. Hier habe ich tatsächlich überlegt, eventuell schmelze ich das nochmal ein, weil eventuell jetzt zum nächsten Subscriber-Ding kann es sein, dass ich 20%, den 20% Gutschein kriege. Und bei 4,75 Dollar lohnt sich das dann tatsächlich. Also wenn das dann noch kaufbar ist, würde ich das einschmelzen und dann nochmal machen. Weil das sind stimmt, 80 das Dollar oder so. Ja. Hatte ich erst überlegt, vielleicht das bei der F8 zu machen, aber wie gesagt, 6 Monate, ich finde das absolute Frechheit. Ich finde das eine absolute Frechheit. So, ich glaube, wir haben alles. Ja, wie ist das jetzt in-game-Chat? Wenn ich jetzt das Dreier-Pack habe von den Zeus und bei jeder Zeus-Variante ist ja der Loner die A1. Kriege ich dann 3 A1? Mhm. Oder weil das ein Pack ist, nur eine? Nee, ich glaube, du kriegst 3 A1. Weil du kriegst ja für jedes Schiff, also wie du jedes Schiff auch upgraden kannst. Ja, aber man kriegt immer eigentlich nämlich nur Okay. einen Loner. Dann ist okay. Dann kriegst du noch einen. Ah, das ist ja frech, ne? Das ist ganz schön frech. Das ist ja frech. Sie haben es auch noch gar nicht eingetragen hier. Noch gar nicht eingetragen. Cool. Beziehungsweise, warte mal, wenn ich auf... Unter Billings sieht man das, ne? Wie viele Monate man Subscriber ist. Glaub schon. 23. Guck, aber dass du jetzt nichts anzeigst, was du nicht anzeigen willst. 23. Also müsste ich im nächsten Monat tatsächlich das Ding kriegen. Endet am 28. Oktober, ey. Das heißt, ich kann die 20% darauf auf jeden Fall nehmen. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Weil dann, ne, schmelze ich das ein. 80 Dollar haben oder nicht haben. Habe oder nicht habe, Chat. 20% auf die Pioneer wären dann auch nur 100 Dollar. Also das macht jetzt nicht so den großen Unterschied. Vor allem, das Giveaway ist durch. Vor allem, weil bei der Pioneer bin ich nicht mal sicher, ob ich sie krieg. Und dann noch, also erstmal auf der IAE zu einem dieser 3 Termine hingehen, sagen, Pioneer, schnell, Store Credits, drück. Dann noch einen Gutscheincode da reinbringen und dann kaufen. Ich glaube, bis dahin ist die 3-mal weg. Deswegen... Das stimmt, ja, das ist auch eine Frage, genau. Wie schnell das alles also geht. Ich probiere einfach die Pioneer zu kaufen. Wenn ich sie nicht kriege, kriege ich sie nicht. So ein Ding wird das sein. Vielleicht ist ja Consolidated Dingling, vielleicht sind ja am Tag 1 oder so. Das wäre am besten eigentlich. Die ist instant weg wie jedes Jahr. Letztes Jahr, als du gesagt hast, ich habe sie gekauft, habe ich geguckt und da waren ein paar noch da. Also, da war beides noch da. Die Kaufoption und die Warbond. Die Warbond-Variante und die Nicht-Warbond-Variante waren beide noch da. Plan normalerweise ist ja Pioneer in den Warenkorb. Bei der zweiten Wave den Checkout machen. Die bleibt normalerweise drin. Ja, wegen 20 Euro. Mache ich mir nicht ins Höschen. Ja. Wo ist die Hurricane? Die ist teurer geworden letztes Mal. Hurricane ist ein bisschen teurer geworden, ja. Weil ich habe noch einen Super Hornet to Hurricane
CCU. Okay. Aber ich glaube, die Hurricane ist über, weil gerade eben hatte noch jemand geschrieben, die Hornet Tracker ist ja auch ein Exploration-Schiff und das stimmt tatsächlich auch, aber die kostet weniger. Die Hurricane ist 210 und die Tracker ist 140. 140, ja. Aber von der 315 auf die Tracker, da kannst du wahrscheinlich irgendeinen Cutlass Red Warbond reinpacken. Also Spaß ein 10er oder sowas. Mehr ist da wahrscheinlich nicht. Sind halt im Moment sind es 80 Euro oder so. Also. Aber mal schauen. Ich teste die Hornet Tracker erstmal, wenn die wieder bei der EA fliegbar ist und dann. Kannst du dir auch einfach Ingame kaufen. Also Geld sollte doch jeder im Oder Ingame ja schon da jetzt genug, haben. Da hast recht. Das sollte nicht. Ich glaube, das mache ich morgen mal. Gut. Dann hau ich jetzt ab. Ich auch. Chat, mach's gut. Das mache ich jetzt auch gleich. Das mache ich jetzt auch gleich. So. Viel Spaß euch noch. Oder gute Nacht vor allem. Ja. Und dann, wir sehen uns. Und dann hoffentlich bald wieder ISC. Machen wir wieder. Machen wir wieder. Das machen wir wieder. Alles klar. Alles klar, Tobi. Haust da rein. Dann, das ist auch. Und dann bis dann. Ciao, ciao. Ciao. So, Chat, ich hau euch jetzt gleich darüber. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Haut rein. Tschüss und so. Welches Schiff bekommt man als Anfänger? Afris. Gar keins. Muss ja eins kaufen. Also, pass auf. Bevor wir es jetzt machen. Also. Im Moment, erstmal ganz wichtig. Hier, machst du so. Klickst auf den Link, legst den Account an. Ja? Der Link, der da steht. Legst den Account an. Und dann gehst du in den Pledge Store, beziehungsweise dann wird dir quasi als Grundseite die Game Package-Seite gezeigt. Und da gibt es derzeit das Game Package von der Nomad mit Waffe, mit Anzug und so weiter und so fort für 78 Euro statt 105 Euro. Ich würde aber tatsächlich mit der Cutter starten. Ja. Die kostet derzeit 50 Euro. Das wäre derzeit das Game Package, was ich dir tatsächlich dann ans Herz legen würde. Es gibt noch die Mustang Alpha oder die Aurora MR, aber ich finde, die Cutter ist so das beste Startership, was es gibt im Spiel. Und für 49 Euro machst du da absolut nichts falsch. Die Cutter ist auch mein Zero to Hero Starter-Schiff gewesen und ich bin jetzt bei 24 Millionen. Also ich habe alles mir in-game erspielt. Ich habe mir alles in-game erspielt von der Cutter und dementsprechend würde ich das machen. Zusätzlich, wenn du jetzt das Ganze machst, kriegst du noch ein Schiff geschenkt für 30 Euro. Und zwar kriegst du derzeit das Hoverquad, glaube ich, geschenkt. Das müsste sogar in die... Das hier, 30 Euro, kriegst du geschenkt. Das müsste sogar in die Cutter dann reinpassen. Mit ziemlicher Sicherheit, ja. Also kannst die beiden Schiffe dann auch direkt zusammen nutzen, was ziemlich geil ist. Deswegen Ausrufezeichen SC, leg dir einen Account an, hol dir die Cutter für 50 Euro und das Schiff hier kriegst du dann noch geschenkt. Ich weiß aber nicht, wann das Geschenkte ankommt. Wahrscheinlich irgendwann im November. Würde ich sofort machen. Also würde ich sofort machen. Das würde ich sofort machen. Wenn ich sagen würde, hey, ich habe Bock auf das Spiel, würde ich gerade jetzt sagen, okay, Cutter, aber sofort. Definitiv. So, wie rate ich denn eigentlich? Muss ich hier irgendwo drücken? Reagieren? Abonnieren? Ich habe, glaube ich, noch nie geratet, weil ich erst wiedergekommen bin, seitdem es keinen Host mehr gibt. Wie ratet man? Hype-Chat posten. Nee. Muss ich das in meinem Chat eingeben? Muss ich in meinem Chat eingeben, ne? So, ich wünsche euch einen wunderschönen. Danke fürs Einschalten. Ich hau euch da jetzt rüber. Und wir sehen uns ganz, 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 ganz doll bald wieder. Haut rein.
Ciao, ciao. Enttäuschung von Hoffnung, die ich mir ungefähr für 3 Sekunden gemacht habe. Genau, selbst dein Wurfraum-Spam. Ja. Also selbst so ein Thema, wo wir spekuliert haben, weil sie mal gesagt hatten, sie hätten es gerne, aber sie wissen nicht wann und wie und wo, haben wir jetzt einfach mal eben so nebenbei gedroppt. Vor allem, weil ich halt auch gesagt habe, genau in dem Moment so, ach, das könnte auch noch das Blind dahin fahren, der steuert das vielleicht nicht frei, keine Hoffnung. Gut, du hast dich versteckt, die haben dich nicht gesehen. Dieser Kanal richtet sich an Erwachsene. Anscheinend darf ich die nicht raiden. Kann das sein? Ich darf die nicht raiden. Hier steht, dieser Kanal richtet sich an Erwachsene. Hört ihr mich noch, Chat? Ist tatsächlich recht, dass es Bin ich noch da? verhältnismäßig wenig Sales gibt. Also, Bin ich noch da? Hallo? Ja? Also hier steht, dieser Kanal richtet sich an Erwachsene. Kann ich dann nicht raiden, oder was? Aber man muss auch dazu sagen, wenn man sich anguckt, 2016, 2017, wo es Ja, nein, war, dass wir jeden ich gebe das ja ein. hatten, Ach, jetzt. Ciao. in irgendeiner Art und Weise, hat CIG